Hey Troy, that's a song from me, Lilina, to you. I hope you enjoy it. It's a little chill. Hey, my name is Troy, I'm in the house. I got a big hammer, what you talking about? It's Jonathan, don't let him get out of here, 'cause he swing right back to me. I got good gameplay, no just kidding. I'm chatting and I don't know what I'm doing. I'm chilling here with my awesome chat, but they all wanna fight me until I come back. Franciscus is doing all the jobs. He's twerking from right and up above. The cutest nut I've ever seen. You don't believe me? Come hop into the stream, yeah, it's hammer time, hammer time. Shake it with the hammer time, hammer time, hammer time. Shake it like it's hot. Hey there, chat, what's happening? We got me outer space, floating Hawaiian shirts is the way to go. Every girl season drops it low. Shaking the cake and this is how I like it. You better play MOBAs or you don't hide it. When chat comes in with the buzz fight, you fight them until you can't hide. It's a hammer time, hammer time. Shake it with the hammer time. Yeah, it's hammer time, hammer time. Shake it like it's hot. Everyone! Hammer time, hammer time. Shake it with the hammer time. Hammer time, hammer time. Shake it like it's hot. Far where No, God! No, God, please, no! No! Was? Muss ich wieder gehen, Chat? Muss ich wieder gehen? Grüezi miteinander, wie geht's euch? Schön, dass ihr da sind. Wieso ist es so hell in meiner Wohnung, Chat? Wieso ist es so hell? Moment schnell. Gut. Wie geht's euch? Schön, dass ihr da sind. Habt ihr eine gute Woche gehabt, Chat? Und merci vielmals. Ich muss mich zuerst mal noch bedanken für den ganzen Support. Holy shit. Und zwar Speck. Merci vielmals für den Resub im 19. Monat. Danke vielmals für deinen Support, Speck. Und Kaylee, merci vielmals für dein Tier 3. Tier 3, hä? Im 13. Monat. Merci vielmals für deinen Support, Kaylee. Danke vielmals. Und Grüezi miteinander. Kashira, Luni, Speck, Fresh Arthur, Blackjack, Kaylee, Lannister, Nelfi, Simple und Carnage Rage. Wer war eigentlich First gewesen, Chat? Wer war First gewesen? Ist niemand First gewesen? Ihr werdet nicht mehr First sein, oder? Das ist von gestern, oder? Hure gut. Carnage GZ. Nice one. Das ist jetzt, sonst könnt ihr euch immer darum streiten, Chat. Ihr könnt euch immer darum streiten. Chat, ich muss da noch schnell die Lichtverhältnisse anpassen. Heute ist irgendwie wieder alles anders. So, machen wir es ein bisschen heller. Oh, Song Requests. Song Requests suche ich auch gerade schnell rein. Schaffe ich es denn?
So, Song-Requests dürfen ihr jetzt auch machen, lieber Chat. Ausrufezeichen SR Abstand, ein Spotify-Link. So, und ich lese noch ein bisschen Chat. Ich glaube, heute geht es so einigermaßen. Es ist noch nicht so viel reingekommen. Das habe ich natürlich gelesen. Pineapple Black war gewünscht, also vom Fresh Arthur. Aber ich glaube, es hat Viva Pineapple heisst es, glaube ich. Ein neues Shirt gegeben. Pineapple Black, Pineapple Check. Let's go. Habe ich dich überhaupt begrüßt, Blackjack? Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall grüße ich auch Blackjack. Und hey, du hast eine legendäre Troy-Karte gezogen, hä? Check. Das habe ich schon gesehen. GZ, nice one. Endlich habe ich mal meine eigene Troy. Yes, let's go. Und Hammer Time übrigens habe ich noch eingebaut. Kaylee hat es entdeckt. Kaylee, nice one. Ich habe den zweiten auch noch gerade gebracht. Auch schnell zum Testen. Der zweite ist eigentlich nur für die Lulu gedacht. Also wenn Lulu, wenn du zulässt, es geht nur im Intro und in der Pause. Aber Lulu, wenn du Hammer Time eingehst, also Ausrufezeichen Hammer Time, dann kommt dein Song. Ja, so funktioniert das. Und sonst kommt einfach der andere AI-generierte Song. Alle am Abdancen gewesen. Let's go, let's go. Hey Jack, hast du das Lied von der Lulu jetzt das erste Mal gehört? Das ist mega nice. Ich habe mega Freude. Er hat sie vor einer Weile mal live on Stream gemacht. Also ich war live, sie war live und dann ist sie so reingekommen und hat gefragt, hey, ich brauche irgendwie 3 Stichwörter. Gib mir 3 Sachen. Und ich schon dachte so, okay, glaube ich weiss, was du machst. Windrose. Let's go. Ja, Zwerge greifen an, Chat. Oh, warte, was mache ich dort in diesem Bild? Welches Bild? wait a second. Welches Bild? Oh, nein, jetzt bin ich gleich nicht sicher. Welches Bild? Bist du dabei gewesen? Das ist meine Transition, wo das Clips anzieht. Ich glaube, dort bist du dabei. Also es ist immer random. Es ist wirklich jedes Mal random, wenn ich es mache. Wird jedes Mal, bevor Transition ausgelöst wird, zieht es ein paar random Clips aus einer Liste von Streamern, die ich angelegt habe. Und dann bist du dort nicht drin. Und ich begrüße noch schnell, wer ich noch nicht begrüßt habe. Jesse, Grüezi und Fienchen. Hello, wie geht's euch? Schön, dass ihr da sind. Hello, hello. Wie war eure Woche gewesen? This is fine, ist leider noch nicht drin, Carnage. Carnage, wenn du mal einen ganzen Stream lang nicht probierst, baue ich es vielleicht ein. Der Song ist in Kooperation mit Deep Rock Galactic entstanden. Der hier, ich habe bei Deep Rock Galactic habe ich immer Diggy Diggy Hole gehört. Das ist das Lied, das ich zu dem Spiel gehört habe. Aber es ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr beliebt gewesen. Das passt halt von der Thematik auch recht gut zusammen. Deep Rock Galactic, Windrose, Rock and Stone. Meine Songs wollen heute? Nee, aber Jesse. Error. Das ist aber das Album, Jesse. Ich glaube, du hast da das Album erwischt. Guck doch mal, ob du noch... Also in der URL muss da irgendwo dann Track stehen. Da, wo Album steht, muss Track stehen. Dann weißt du hast den richtigen Link. Wenn da Album oder Artist steht, dann ist das irgendwie der falsche Link. Der führt aufs Album drauf und nicht auf den Song. Aber hey, probier es einfach nochmals. Weil Jesse hat immer gute Songwünsche. Genau, Carnage, genau da, genau. Klassiker. Firefly, let's go. Redbeard, grüezi, wie geht's? Schön, dass du da bist, Redbeard. Wie war deine Woche gewesen? Hey, lieber Chat. Es war eine gute Woche, ne? Nein, also vor allem ist gut, dass Wochenende ist. Ja? Das ist eigentlich das Beste am Ganzen.
Wann ist endlich das nächste EM-Spiel, Chat? Ist das erst am Sonntag? Ist das das Finale? Ich glaube, es ist schon das Finale, oder? Ich habe nämlich nicht alles mitverfolgt, aber ich glaube, Sonntag Finale. Morgen, okay, morgen 21 Uhr. Hä? So, nur aber. Mal was Neues aus Australien. Suffering by Melrose Avenue. Aus Australien habe ich da auch so ein paar Artists. Mir fällt aber keiner mehr ein, die ich gehört habe auch. Also ich glaube, es sind alles so Indie-Artists. Aber Indie-Musik ist auch gut. Habe ich auch gern, Chat. Je nach Stimmung. Vor allem Indie ist vor allem so, wenn ich so ein bisschen emotional bin. Wenn ich emotional bin, dann kommen solche Sachen. Tiefe Text und schöne Melodien. Was schreibst du da, Redbeard? Nur noch 4 Tage arbeiten? Dann Ferien? Jetzt bin ich ein bisschen eifersüchtig. Redbeard? Okay, also. Ich habe dafür Gipfeli, Redbeard. Ich habe dafür Gipfeli, 2 Stück. Einfach, als es gesagt ist. Nein, das freut mich natürlich mega. Hey, hure cool. Gehst fort, Redbeard. Gehst in die Ferien, gehst reisen oder auch ein bisschen Auszeit, ein bisschen daheim. Geil, Mann. Geil, Mann. Aber jetzt frage ich mich gerade, das ist vom Scarface-Soundtrack. Das ist auch interessant, Chat. Geil, Chat. Schöner Songwunsch. Aber Gipfeli sind auch gekommen, Gipfeli. Jurtis Gipfeli, ganz wichtig. Und Karls, grüezi wohl. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir, Karls? Karls, bist du ausgerüstet mit Snickers-Glasse? Ich bin tatsächlich vorher noch einkaufen. Also ich bin ohne Scheiß. Es war 10 ab 7 ja. Ich hätte gemäss Streamplan ja schon live sein müssen. Da bin ich noch im Coop gestanden. Und ich habe eine Snickers-Glasse gekauft und Oreo-Glasse habe ich auch noch gekauft. Also mal schauen, was es heute gibt. Chat. Ein bisschen Abwechslung. Dann dazwischen mal ein Gipfeli. Dann habe ich sonst noch das. Ich habe so viel Zeug da. Oh. Nach dem Stream bin ich dick. Okay, never mind. Ich bin jetzt schon dick. Snickers-Glasse und Oreo-Glasse. Hey, Renegade, ein Beste. Am besten. Snickers bin ich schon immer Fan gewesen, das wisst ihr. Und Oreo habe ich glaube auch ab und zu mal im Stream eine aufgemacht. Aber Oreo, ich bin wieder mal daran erinnert worden, in einem Gespräch, unter anderem mit meinem Mod gestern, dass Oreo-Glasse ja auch geil sind. Und dann habe ich mir gerade der Oreo-Glasse zugetan. Push it to the limit, Renegade mit dem Troy's Hammer. Let's go. Dann schnell Chat ein bisschen weiterlesen. Sorry, wenn ich irgendetwas überlese, lieber Chat. Wie immer. Wie immer. Herr Rock'n'Stone, let's go. Vielleicht wäre es eine Idee, da rauszufiltern bei dem Command, also dass, wenn die URL Album oder Artist enthält, dass dann was anderes ausgegeben wird. Ja, true. True. Es geht jetzt halt einfach der Error aus. Es ist also der Unterschied ist rein von der Ausgabe. Ja, aber das macht Sinn. Das könnte ich eigentlich. Chat, das mache ich nachher. Ich muss schnell überlegen. Wie ich das mache. Mache ich das mit Sub-Actions, mache ich da mit ein bisschen C-Sharp-Code. Cannot stand. I'm still free. You can't take the sky from me.
Hey Stei, grüezi wohl. Wie geht's dir, Stei? Leider ist dein Befehl. Ich habe ihn mal wieder aufgemacht, dort, wo ich dran war, aber er ist nicht fertig. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht weitergemacht. Ich habe mich nur schnell selber daran erinnert. Stei, wie geht's dir? Wie war deine Woche gewesen? Pascal, guten Morgen. Bist du gut aufgestanden, Pascal? Schön, dass du da bist. Wie war deine Woche gewesen, Pascal? Bin mir noch am Überlegen, die Logik. Wenn Artist drinnen ist, ja, das ist eigentlich ja easy peasy. Dann mache ich wahrscheinlich einen C-Sharp Code, damit ich nicht 3 verschiedene Actions muss erstellen. Ja, Carnage, das mache ich auf jeden Fall. Schnell weiterlesen. Ich kann Melrose Avenue nicht wirklich einordnen. Es klingt ganz gut. Bisschen Emo, stellenweise etwas härter. Die sind noch so neu. Die haben, glaube ich, erst 2 oder 3 Songs. Sehr junge Band, die echt gut klingen. Okay, das Jesse, interesting. Ich muss ganz ehrlich sagen, so neue Bands gehen sehr häufig jetzt auch ein bisschen an mir vorbei. Ne? Aber wir hören rein. 69. Pascal, merci vielmals für 69 Bits. Danke vielmals für deinen Support. Merci vielmals. Willst du es wirklich genau wissen? Kasi, ich will es ganz genau wissen. Beschreib mir alles. Beschreib mir die Form und die Farbe. Ich denke gerade wäre ein guter Song für Bounce und seine Flugkünste. Ah, true. Also vorher, Push It to the Limit. Snickers, das habe ich schon gelesen. Hast du nicht letzte Woche gesagt, dass es heute eventuell keinen Stream gibt und sonst später? Ja, das hat sich erledigt. Ich habe es noch kommuniziert. Ich habe es auch in meinem Schedule ich habe es nicht sicher rausgelöscht. Aber ich habe nicht zusätzlich nochmal irgendwie etwas geschrieben. Ich habe dann gedacht, hey, die den Zeitplan anschauen, sehen es, und die anderen sehen es, wenn ich meinen Discord meinen Insta-Post und Discord-Post machen, tatsächlich. Melrose Avenue. Lalali. Lalala. Mack. Kapiert? Kapiert? Mack. Bounce. Grüezi wohl. Ich bin Castle Troy! Kapiert? Kapiert? Castle Troy! Bounce, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hast du gut geschlafen? Habt ihr euch gut erhalten? Hat sich Moni gut erhalten? Es war wirklich grandios gewesen, zum Zuschauen, wie immer bei dir, Bounce. Für die es nicht mitbekommen haben, der Bounce hat We Were Here Forever gespielt. Zusammen mit der Moni. Eventuell ist es zu Rage Quits gekommen, wir weiss es nicht, Chat. Aber das war sehr gut gewesen. Aber Finchen, du hast absolut recht. Aber das übrigens verschiebt sich jetzt. Also es wäre ja etwas gewesen heute, das verschiebt sich jetzt aber auf den 27. Also jetzt gilt für den 27. entweder kein Stream oder ich komme später. Ja? Oder es ist alles normal, das kann auch sein. Oh, Moni, Mann! Moni, wie geht's dir? Hä? Moni, komm. Bist gestern ein bisschen geladen gewesen? Moni war geladen wie ein Shotgun-Chat. Wie ein Doppelläufiger ist sie geladen gewesen. Ficken, nackt. Okay, Moni, let's go. Hey Moni, wie geht's dir? Ich muss mal schnell chatten, ein bisschen Chat lesen. Ich bin fast 6 Minuten hinten. Der Troy hat für einen längeren Stream geplant mit meinem Essen. Absolut korrekt. Oreo-Glasse fix besser als Oreo, als Keks, als Renegade. Jetzt stelle ich mir gerade einen Renegade verkleidet als Oreo vor, wo Renegade Cosplay macht. In Glassenform. What? Snickers-Glasse, ich toppe das als Snickers-Torte mit Mascarpone-Creme. Obendrauf Karamell und Erdnüsse, Chat. Die Erdnüsse. Mit ganz viel Schokolade.
Jesse, das klingt geil und das ist sicher auch geil, ne? Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber Jesse, I like. Ist gute Musik. Bin im Wallobruch, aber sonst super Woche gewesen und deine. Hey, ich kann mich nicht beklagen. Alles gut, Pascal. Freut mich, dass du im Wallobruch bist. Also nein, wirklich gut. Ich kann mich nicht beklagen. Und jetzt Wochenende, dann ist geil. Und why are you running, Lizzie? Why are you running, Lizzie? Und Mr. Blatch, Brother from another mother. Grüezi miteinander, wie geht's euch? Wie war eure Woche, ihr Lieben? Schön, dass ihr da seid. Oh nein, Ausrufezeichen, Pascal geht halt nicht. Oder noch nicht. An mir geht das auch vorbei. Ich höre lieber altbewährtes Ja, True. Ich auch. Aber ich dachte, den Song schmeiße ich mal rein. Absolut geil gewesen. Vielleicht gefällt der dem einen oder anderen ja und man supportet ein bisschen die Band. Hey, absolut. Finde ich eine gute Idee. Hey, The Notorious B.I.G. Chat. Party and Bullshit. Nick, bist du wieder betrunken? Ist der nicht überhaupt hier, Moni? 69. Oh, merci. Nochmal, Pascal, danke nochmal. Und TTS geht natürlich bei 69 nicht, sorry, aber merci für 69 Bits. Träubermann, Bouncemann. So, ich muss da... 4 Minuten. Kommen langsam voran. Alles rocken und auslösen. And Party and Bullshit. Ja, das Sir Simple Sides. Das Sir Simple Sides. Gestern da war die Orgie-Situation. Merci vielmals für Painted Pink. Danke vielmals. Ich weiß gar nicht, wer es war. Sir Simple. Let's go. Da muss ich auch mal etwas anpassen. Jetzt mit dem neuen Chat habe ich das Gefühl, muss ich das ein bisschen anders lösen. Ron, oder? Ron? Knuspriges Sandwich, Pedro. Und Lizzie, merci vielmals für den Lurk-Support. Danke vielmals. And Party and Bullshit. Sehr, ziemlich sicher. Genau, Bounce, genau so. Ich finde auch, die klingen gut. Oh, Captain, mein Captain. Oh, Lizzie, bist du müde? Bist du müde, Lizzie? Gehst du einen Powernap machen, wahrscheinlich? Yoda, was willst du sagen? Yoda, komm, red. Test SKZ. Ja, das Wort zum Samstag, Chat. Dann müssen wir mal schnell weitermachen und irgendjemand zieht noch eine Karte. Gameplay-Karte für den Mr. Blatch. Let's go. Okay. Der kommt jetzt, der Nick. Der ist jetzt gekommen. Aber er ist leider nicht da. Wie passend zum Painted Pink Fienchen. Passend zu deinem Rosenkranz. Fienchen, ich frage mich immer wieder, welche Karte fehlt dir? Ich glaube, von der Troilina-Karte hast du schon, oder? Wir sehen es gerade. Du hast am meisten Troilina-Karten, das ist unglaublich. Bounce auch passend, das ist jetzt immer farblich abgestimmt. Das ist auch ein neuer Algorithmus. Bounce. GZ zu den Gameplay-Karten, nice one. Franziskus, Mann, hörst du das? Das ist ein Sweet Child of Mine von Guns N' Roses.
Plätsch, dreimal Troys Hammerkarte, eine Spielzeughammer, zweimal Gameplay, eine ist Troy. Du bräuchtest halt noch Troy-Lina-Karten, oder? Und Pfeinchen nimmt dir alle Troy-Lina-Karten weg, oder? Die habe ich schon mal Bounce, aber Bounce. 5-mal Troy's Hammerkarte, Spielzeughammer 3, Gameplay 2. Ja, Troy-Lina fehlt dir eben genau. Aber gut. Memories where everything was fresh as the bright blue sky. Und Bernhöhlen TV. Hey, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Bernhöhlen TV. Wie war deine Woche? Ja? Und willkommen hier bei guter Musik. Ja? Aber jetzt habe ich noch eine Frage an Bounce und an Moni. Bounce und Moni, wann macht ihr da weiter? Das ist also, zum Zuschauen war es halt schon göttlich gewesen. Also ich habe mich ja, ein paar Mal bin ich fast durchgetragen, aber mein Gott, ich kenne halt das Spiel. Ich glaube, es ist normal, wenn man weiss, wie ein Rätsel funktioniert und man schaut zwei zu, die es nicht können. Und ich habe es noch weniger können, einfach als es gesagt ist. Ich habe es damals noch weniger können als er. Dann kann man sich kaum noch beherrschen. Oder? Der kribbelt es überall. Oder? Kennt ihr das Gefühl? Dann wird man so richtig heftig Backseat gamen. Chat. Stressig, wie immer vor dem Urlaub. Oh. Ja, aber wenigstens kommt der Urlaub, Bernhöhlen TV. Ja, das ist natürlich nice. Jetzt habe ich doch vorher irgendjemanden gefragt, gehst du fort? Und wahrscheinlich habe ich die Antwort auf die Frage nie vorgelesen, Chat. Muss nachher noch mal schnell schauen. Aber Bernhöhlen TV, wo geht's denn hin? Fienchen, das sage ich schon lange. Alles mega Scam. Ich glaube, ich habe die Hälfte wieder nicht gelesen. Das ist doch Beschiss, hat Fienchen geschrieben. Okay. Also ich habe es geil gefunden und hatte Spass gehabt. Die Moni halt nicht. Ja, aber Moni hat es wirklich keinen Spass gehabt. Also, ich habe jetzt das nicht irgendwie so... Also ja, gegen Schluss ist schon... Es war schon geladen gewesen, aber ich glaube, Moni hat auch Spass gehabt. Come on. Vermutlich Dienstag oder Mittwoch geht es weiter. Let's go. Okay, dann schaue ich, ich kann dabei sein. Mittwoch ist immer ein bisschen schwierig tatsächlich. Dienstag dürfte möglich sein. Innsbruck, oh, okay, alles klar. Nach Innsbruck geht's. Was ist da? Ist da ein Whirlpool und keine Ahnung? Schöne Frauen. Sicher habe ich Spass gehabt. Habe gewusst, dass er mich irgendwie ein bisschen aufregt. Ja, also, das ist mal das Wichtigste, Moni, dass du Spass gehabt hast. Aber ich glaube, euch ist bewusst, dass das Spiel ist halt einfach eines von diesen Spielen, wo alles auf die Probe stellt. Also, wo Freundschaften auf die Probe stellt. Es ist einfach so. Weil das ist verdammt gut gemacht und jeder muss seinen Beitrag leisten. Und manchmal ist es so ein bisschen, muss eher der eine überlegen und der andere muss ausführen. Das haben wir gestern bei euch auch gesehen. Und dann kommen eben so die Momente, wo man das Gefühl hat, ey, das ist unfair. Das ist unfair, dass ich muss überlegen und der andere drückt einfach Knöpfe. Aber glaubt mir, da kommt noch viel ganz Geiles. Und Mühsames auch. Das ist eine Brauerei, die von Freunden von mir betrieben wird. Oh, das ist okay. Jetzt aber, hey.
Saufen gehen, hä? Saufen gehen. Nice one. So, Chat, ich sage es jetzt auch nochmal, weil ich habe das Gefühl, ich habe die Hälfte nicht gelesen von euren Chat-Nachrichten. Wenn ich irgendetwas nicht vorgelesen habe, etwas Wichtiges, ja, dann schreibt es einfach nochmal rein. Und dann tue ich es nochmal ignorieren. Weißt du, Troy, am Schluss bin ich halt einfach wieder allem die schuld. Ja, bin ich auch gewesen, das ist ganz normal. Bin ich auch gewesen. An allem. Und das ist voll okay so. Ich kann mittlerweile mit dem umgehen. So ist das Leben halt. Ja? Du sagst es. Du sagst es. Was haben wir da? Storytellers. Foreground Eclipse. Das ist so Happy Metal, oder? Das ist so Metal mit Happy Melodie. Und einer, der Happy noch ein bisschen screamt. Bin ich gerade aus dem Flow gehabt, Chat. Tun wir den Stream beenden. Tun wir den Stream beenden, Chat. Beer-Tasting nennt sich das, ja. Das ist geil, das ist geil. Beer-Tasting. Ja. Und wie viele Wochen macht ihr Beer-Tasting? 3 Monate am Stück. Sweet Victory by David Glenn Eisley. Oh, was haben wir? Troy Sammerkarte für den Speck. Der Speckmann. Hey Speck, ich lese gerade deine Nachricht vor 40 Minuten, Speck. Habe ich die nicht vorgelesen? Ist ein Baby unterwegs, Speck? Ist ein Baby unterwegs? Ist das wirklich so, wenn ich das da lese? Mir kommt gerade in den Sinn, ich habe ein zweites Baby, das jetzt in einem Monat rauskommt. Ah nein, du meinst... sorry, jetzt komme ich auf dich raus, mein Gott. Es ist wegen dem 9. Monat, wegen dem Abo. Das macht ein bisschen Mühe. Also du beziehst, jetzt muss ich einfach noch mal fragen, du beziehst dich schon jetzt aufs Abo bei mir, oder? Oder ist das in echt? Nicht, dass ich da jetzt auch nichts mehr dazu sage. Ja, jetzt hast du Troy verwirrt. Ja, GZ. Nur eine Woche. Die Woche 2 brauche ich zum Erholen von Woche 1. Hey, aber ist es nicht, wer hat das auch so, egal was man macht in der Ferien, also wenn man vorgeht, ja, ich brauche immer noch eine Woche zusätzlich. Ich kann das nicht irgendwie wegfliegen, auch wenn es chillige Ferien sind, auch wenn es am Strand ist, I don't know, aber ich kann nicht nachher, keine Ahnung, wieder heimfliegen und am nächsten Tag arbeiten, das geht nicht. Ich brauche noch mal irgendwie so eine Woche, wo ich einfach noch mal entspannen kann. So bin ich halt. Aber ich glaube, da bin ich nicht allein. Hallo Troy, da bin ich wieder, wollte kurz nur Hallo schreiben, jetzt bin ich aber anwesend. Hey Fresh Arthur, nochmal Hallo, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Und danke für die schönen Fotos. Hey, holy shit. Habt ihr Fotos gesehen vom Fresh Arthur auf dem Discord? Das ist mega schön, mega schön. Hat mich gefreut. Und sieht nachher, sieht aus, als haben wir eine gute Zeit gehabt. Und das ist wichtig. Ja, sicher aufs Abo. Okay, let's go. Oh, Lenny Kravitz. Let's go. Chat, ich muss hier schnell meine Ventilatoren richten. Ich habe das Gefühl, alles bläst hier ins Mikrofon rein.
Lenny Kravitz. Einfach auch geil. Aber jetzt eine Frage, Chat. Macht der Lenny Kravitz überhaupt noch... Gibt es den noch? Lebt der noch? Macht der noch neues Zeug? War eine Woche im Urlaub an der Ostsee und seit einer Woche wieder endlich zurück. Okay, ja, Ostsee, ne? Schöne Fotos, schöne Fotos. KO! Letztes Wochenende war ich auf einem Festival und ich muss mich auch von den 2 Tagen erholen. Also Festivals, da muss ich mich erst recht erholen. Tatsächlich. Ja, ich werde alt und ich habe ja das auch schon gesagt. Ich bin früher immer an den Greenfield Festivals gewesen, Greenfield Open Air. Und inzwischen kann ich das nicht mehr. Ich weiß es nicht, ich bin auch kaputt nachher. Gefühlt einen Monat lang bin ich kaputt. Ich habe gerade ein neues Album rausgebracht. Ach schon, das habe ich nicht mitbekommen. Okay. Berghöhlen TV muss man da reinhören. Lohnt sich das? Ist das immer noch der Lenny Kravitz, die Lenny Kravitz Musik, wie man sie kennt? Der Troy ist doch am Taylor Swift Konzert gsi. Sabi hat doch gesagt, wir sagen niemandem, dass wir zusammen am Taylor Swift Konzert gsi sind. Ja. Sabi, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hey, Taylor Swift. Ja, dort habe ich auch so Sachen gehört. Die sind ja von Amerika gekommen, um an das Konzert zu gehen. Und dann haben sie gesagt, hey, unter dem Strich ist es immer noch günstiger, als wenn man in Amerika an ein Konzert von der Taylor Swift geht. Das finde ich irgendwie krass. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich so stimmen kann. I don't know. Also ja, vielleicht so Ticketpreise, da weiss ich halt nicht, wie es funktioniert in Amerika. Aber noch mit Hotel, mit Essen und so, mit Trinken, das wird schnell, aber teuer, oder, in der Schweiz. Ich habe selber noch nicht reingehört, okay. Aber dann muss ich mal bei Gelegenheit reinlassen. Sali Sabi, Tschernosis. Tschernosis. Okay. Die Tscherno-Schwestern. Krass, Len ist 60 und hat dieses Jahr einen Song rausgebracht. Mir ist nie gezahlt, Chat. Mir ist nie gezahlt, um einen Song rauszubringen. Bounce. Wann kommt endlich ein neuer Song von dir, Bounce? Wir warten alle schon sehnsüchtig drauf. Chat, ich merke gerade, ich habe da noch zu trinken. Ja, wie Cola. Du bist unser Tscherno-Bro. Bin ich mit 85 ähnlich immer noch ein Tscherno? Dann bin ich doch nicht mehr ein Tscherno-Bro. Das Tscherno-Brot. Nein, aber da bin ich... Gehe ich da als 85 noch durch. Beide Jahrgang 86. Ja, das habe ich schon gecheckt. Ja, Jenny ja auch. Genau, Jenny gehört auch dazu. Nein, ich bin nicht 86. Ich bin kein Tscherno-Bro. Leider nicht. Wäre schön. Oh, schön. Das kenne ich gar nicht. Aber ich finde es richtig nice, Chat. Oh, Berghöhlen TV, let's go. Wenn du mit der Gitarre ein paar Samples aufnimmst und mir schickst, geht's. Ohne Scheiß. Dann muss ich mal wieder ein bisschen über Gitarre spielen. Das kann ich ganz sicher nicht mehr. Okay, aber gut zu wissen, Bounce. Oh, Jessie hat noch ein bisschen Cooldown. Song Requests. Chat übrigens, wenn ihr einen Song habt, wo ihr reinkippen wollt, Ausrufezeichen SR, Abstand Spotify-Link.
Ich führe kurz vor. So, oder? So. 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 Mit mir. Das muss ich mir merken. Nicht diese Band. Brutal kann nicht bewegen mehr, dieser Mann. Gegner von ihm keine Chance gegeben. Keine Er ist Chance. brutal getrainiert. Brutal getrainiert. Enfant sensible. Aber wie heißt jetzt die Band? Heißen die Tulpe? Tulpe. Die heißen Tulpe, ne? Mach ich da mal Follow. Follow Tulpe. Ich glaube, da könnt ihr noch spielen auf der Gitarre. Das ist das Lied. Jede Person kann das auf der Gitarre spielen. Da muss man nicht einmal eine Gitarre spielen. 22 aus 100 Punkten. Ja, heißen Tulpe, okay. Aus Berlin, die habe ich bei dem Festival entdeckt. Das finde ich sowieso geil, ne? Wenn man an ein Festival geht oder auch so an ein Konzert und da sind noch Vorbands und so weiter und dann hört man da was. Ne? Manchmal sieht man auch eine Band, ne? Vor allem wenn es die weiblichen Leadsängerinnen sind. Und dann denke ich mir so, oh, mega nice, mega nice. Ja? Und dann hat man was Neues entdeckt. Schmarz, grüezi. Schmarz, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Weibliche Leadsänger. Ja, also, ja. Die weibliche Leadsängerin steht so ganz vor auf der Bühne. Und dann hat sie meistens noch die grossen Ventilatoren, oder? Und dann wendet sie immer noch die Haare so ein bisschen hinterher. Und dann so die Beleuchtung, oder? Ja? Die Hairlights, Chat, dass die Haare auch noch so ein bisschen schön beleuchtet werden. Das ist, da bin ich direkt verliebt. Direkt verliebt. Da bin ich gewesen. Die haben auf der Nebenbühne gespielt und ich fand die besser als die Typen auf der Mainstage. Das gibt's, ne? Das gibt's. Das gibt's. Ich war halt auch schon enttäuscht, ne, von so Main Acts, wo ich sagen musste, ja, aber Herrgott Donner. Das klingt ja schrecklich. Guglimann. Guglimann. 20 Monate. 20 Monate. Merci vielmals für den Resub im 20. Monat. Danke vielmals, Gugli. Merci für den Support. Und Gugli, wie geht's dir? Wie war deine Woche, Gugli? Den Gugli habe ich letzte Nacht einmal gelesen. Ich weiss aber nicht mehr, wo. Wo habe ich dich gelesen, Gugli? Wo war das? Ah, bei der Luni, glaube ich. Bei der Luni. Das war bei der Luni. Die Luni ist auch da. Ja, merci, geht okay. Ein bisschen krank, aber es ist gut. Ah, Schmerz, dann wünsche ich eine gute Besserung. He? Ich bin froh, ist es nur ein bisschen. Letzte bin ich auch so ab und zu mal irgendwie so ein bisschen angekränkelt gewesen. He? Ich habe meine Mittelohrentzündung gehabt. Das ist gut, das war heftig. Das ist heftig. Aber hey, gute Besserung, Schmerz. Ich hoffe, es ist gleich wieder gut.
Aber wenigstens okay ist es. Da freut mich doch auch. Einmal sehen, direkt verliebt. Hey? Bei uns genau so ist es. He? Vor allem mit den Haaren. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Wenn die Haare so im Winde wehen, direkt verliebt. Und wenn es noch rote Haare sind, dann sowieso. Dann sowieso Chat. Alles gut, danke noch dir im Chat. Schau jetzt. Hey, ich kann mich nicht beklagen. Freut mich, dass es dir gut geht. Ich kann mich nicht beklagen. Ich bin gesund, ich bin fit. Chat, wie geht's euch? Fragt der Google. Wie geht's euch? Und Römer, grüezi, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Dieser Römer. Römer 24. So, jetzt habe ich da schon mal gefragt, Römer, wieso hast du endlich ein 24 nach deinem Namen? Bist du dort 24 gewesen, wo du den Namen erstellt hast? Den User erstellt hast? Bist du immer noch 24? Wirst du gar nicht älter? Bist du 1924 geboren? Oder hat es Zwischenbedeutung? Ist auch so 24/7 oder so? Endorphin überdosiert bei Tulpe. Wir haben nochmal ein Tulpe-Lied. Let's go. Es ist einfach echt durchprobiert. Römer 1, Römer 2, Römer 3. Und beim 24 hat es dann geklappt. Okay, also nicht irgendwie eine besondere Bedeutung. Ja, muss auch nicht immer eine Bedeutung haben, tatsächlich. Was kommt denn jetzt? Das ist so SpongeBob. SpongeBob-Zeugs, ne? Chat. Mal schauen, ob mich das anspricht. Ich bin nicht so SpongeBobig. SpongeBob-Fan, überhaupt nicht, Chat. Du hast aber das Lied ganz heftig compressed, hey. Der 24. Römer bei den Asterix-Filmen. Das ist auch eine gute Idee. Römer, du musst jetzt auch einmal erzählen, dass dein Name von dem kommt. Das kommt vom 24. Römer in den Asterix-Filmen. Jetzt hast du wenigstens eine geile Backstory. Sweet Victory Chat. Chat übrigens, apropos Gameplay, Chat, apropos Gameplay. Wir machen heute noch die 3. Episode von Night Springs haben. Ich freue mich mega drauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich mega drauf. Aber wahrscheinlich geht es nicht allzu lang. Wahrscheinlich müssen wir noch irgendein anderes Game heute anfangen. Aber das kommt dann noch. Das ist in ferner Zukunft, Chat, das Gameplay. In ferner Zukunft. Es steht im Sandy Laupe. Wie gut. Also wenn man den Text nicht zu 100% kann. Ein Game anfangen? Einmal sicher nicht hier. Schmarz, du hast grundsätzlich recht. He? Du hast natürlich recht. Aber wir fangen ja nicht einmal ein Game an. Also mal, stimmt, ich habe jetzt gerade gesagt, wir fangen ein neues Game an vielleicht. Gut, ich könnte auch ein bestehendes weiterspielen, Chat. Wir haben Control, haben wir noch nicht durch. Holy shit. Ich lasse euch nachher entscheiden. Wenn es so weit ist, dann mache ich so eine Umfrage. Kannst du die erste Episode vom DLC nochmals spielen? Ja, die war einfach verdammt gut mit der Rose.
Dann kann ich die Fanseiten updaten mit den Fanfictions, die ich von AI Hallo schreibe. Oha. Also ich muss zugeben, Fienchen, also erstens mal, deine Fanseite, darfst sie gerne noch mal in den Chat rein posten, ausser du tust sie wirklich noch updaten und willst später das noch mal schicken. Darfst also jederzeit gerne in den Chat reinschicken, um den Leuten zu zeigen. Und ich muss zugeben, die erste Episode ist echt gut gewesen. Also jetzt auf Episode 1 und 2. 1 absolute Burner, also wirklich so geile Momente, geile Zusammensetzung aus eben so Fanfiction, Traumwelt und einfach Gore. Umballern. Wirklich geile Kombination. Und die zweite Episode ist schon nachher, also Spoiler Alert, Chat. Jetzt nicht anhören, wenn ihr nicht mal gespoilert werden. Die zweite Episode ist ja dann mit der Jessie. Mit der Jessie 11. Nein, mit der Jessie von Control. Das hat mich auch geflasht, aber das Gameplay ist dafür dort so ein bisschen. Naja, es ist so. Ab und zu rumballern, ja, meistens aber irgendwelche komische Rätsel lösen. Und dann noch ein bisschen sneaky Action. Und das hat mir jetzt nicht so gut gefallen, aber es war auch nicht schlecht gewesen. Ich bin immer bereit für einen Modhammer Showdown. Mod Power, let's go. Ja, simpel, ich glaube, der Bot, der will mit dir Beef haben. Was spielst du heute, Räuber? Ich glaube, das habe ich jetzt gerade vorhin erklärt, oder? Das habe ich gerade vorhin erklärt. Let's go. Alan Wake 2 DLC Episode 3. Und dann vielleicht etwas Neues, was wir noch finden. Ich hau dir die Eins aus deiner Programmierung. Ui. Hashtag maximal Hammer Time. Shake it like it's hot. Also Schmarz, ich sehe da Schlager. Was kommt da auf uns zu, Chat? Was kommt da auf uns zu? Das bin ich! Jessie aus Control, die Jessie 11 aus Control. Also wie immer. Warum fragst du überhaupt? Ja, wieso fragt ihr überhaupt, Chat? Schaut jetzt. Also, da, wo Fienchen jetzt da reingeschrieben hat, die URL, das ist die Fanseite, die sie für mich erstellt hat. Also schaut dort auf jeden Fall mal rein. Es lohnt sich. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Meine erste Schlägerei mit deinem Bot. Wie nennt man einen Informatiker, der einen Berg besteigt? Ein Datenbankadministrator. Ja, okay. Okay. Was auch aus Slipknot haben wir, Chat. Chat, was meint ihr, wenn wir heute... ich muss noch schnell, für da muss ich noch Werbung machen, Chat. Was meint ihr, wenn wir heute noch ein bisschen Marbles reingehen? Einfach nur so 1, 2, 3 Runden oder so. Wieder mal ein bisschen Bits verteilen. Aber das hat eben auch einen Sinn, das Ganze. Weil... Der nächste Stream, lieber Chat, ich hoffe, das geht jetzt. Das ist heute. Okay, das ist nicht der nächste Stream, never mind. Ab wann geht denn das? Ab wann zeigt es mir denn da der nächste Stream an? I don't know. Nein, auf jeden Fall. Am nächsten Weekend ist die Sommermeisterschaft von Wildes Gemable und da bin ich ja dabei, am Samstag 18 Uhr. Bis 20 Uhr und nachher gibt es wahrscheinlich den regulären... Bert! Der Bert schreibt immer, wenn ich die Bildchen zeige. Auf jeden Fall muss ich mich noch ein bisschen einwärmen für das Event, weil Marbles on Stream hat sich irgendwie abartig verändert. Und ich muss mich da natürlich schon zurechtfinden, Chat.
Und Maverick und Bert grüezi miteinander. Maverick, hello, wie geht's dir? Und Bert, Firm Handshakes. Wie geht's euch? Wie war eure Woche gewesen? Bert, bist du schon wieder daheim oder bist du immer noch im Urlaub? Bist du immer noch im Urlaub? Merci vielmals, danke. Night Springs, let's go. Irgendjemand hat sich Night Springs gewünscht. Sehr simpel, sehr geil. Das ist auch ohne Scheiß Night Springs. Das Lied von Alan Wake 2 DLC. He? Das ist so catchy. Es ist so catchy. Und ich lasse es die ganze Zeit ohne Scheiß. Aus dem heraus ist auch das Hammer Time entstanden im Intro. Ein bisschen weit. Das ist ein bisschen inspiriert von dieser Night Springs, von dem Intro. Swiss Fish Chips, genau. He? Da könnten wir auch wieder mal Werbung machen. Wenn ist echt die Sommerpause vorbei, Chat? Wenn ist echt die Sommerpause vorbei? He? Aber da Swiss Fish Chips. He? swissfishchips.ch. Gehen da drauf und dort haben wir auch einen YouTube-Kanal verlinkt. Und nach dem Sommer sollte es wieder weitergehen mit so Clip-Compilations. He? Aus der Schweizer Streaming-Szene. Immer wieder gut, immer wieder lustig. Also unbedingt abonnieren gehen. Hä? Troy, ja, geht dich einen Scheiß an. Ciao, hey. Ciao, Bert. Ich hasse die Schweizer. Come on, Bert. So ein Scheissdreck. So eine solche Greibergeschichtchen da erzählen, Bert. Das glaube ich dir nicht. Also das würde heissen, du hassest auch mich. Du hassest auch mich? Das ist schon möglich, ja. Ich singe den ganzen Tag Misty Mountains von Hobbit nur wegen Moria. Uff. Schau geil, schau geil. Ist aber auch, also Misty Mountains ist wirklich ein schönes Lied. Das ist wirklich, also, er ist ja extra für den Film dort entstanden, mit dem Ed Sheeran und so. Das ist halt schon, das war ein richtig gutes Lied dort. Also immer noch. Trainee, Mann, Trainee. Hey, ist der Googly-Name? Googly. Weißt du, wer ist da? Googly, weißt du, wer ist da? Trainee, wie geht's dir? Hallöle. Arch Enemy reingequeued, let's go. Einer der besten Songs von Slipknot finde ich Vermilion. Vermilion. Ja. Ich habe Slipknot schon auch gelassen, die habe ich auch live gesehen, aber ich bin jetzt nicht ehrlich gesagt, nicht so ein Slipknot-Fan gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Darum kann ich jetzt wie nicht sagen, hey, die und der Song ist gut. Ich am meisten von allen. Anti-Troy Club, ATC Forever, let's go, Bert. Finde ich irgendwie geil. Finde ich eine gute Einstellung. Weil gibt es viel zu selten tatsächlich. Darum finde ich das erfrischend, dass es auch diese Einstellung gibt. Ja, das ist eigentlich so das Gegenstück zu der feinchen Fanseite. Nein, Bert, jetzt macht der Bert sicher so eine Seite. Die Anti-Troy-Club.com Seite. Der sitzt mit mir im Voice. Okay, Bert. Also endlich. Ich habe ja nicht gefragt, Bert. Oh, Hustle. Gut, Tag, 3 Wochen Ferien, let's go, Trainee, let's go. Wer ATC-Merch will, einfach DM schreiben. 55 Franken. 55 Franken. I like. Das ist eine gute Zahl.
Ich würde meine Seele verkaufen, um die mal live zu sehen. Leider kann ich Menschenmengen nicht so gut ab auf Konzerten. Ja, ich auch nicht mehr so, ne? Ich auch nicht mehr so wie früher. Also ich fühle das, Jesse. Trini mit der Spielzeughammerkarte, richtig. Let's go. Der Risk behalt dich selber. Also, du bist halt so einer, oder? Du bist halt so einer. 30 Stutz Gewinn machen. Ich bin ein Finnchen-Fan. Wann Troilina Cooperations-Karte? Oh, Troilina Kooperationskarte. Jetzt aber. Also das ist eine Karte, wo Finnchen auch noch drauf ist. So eine ganz seltene Karte. Trini mit Troy's Hammerkarte, 4x Spielzeughammer. Einisch, okay, den hast du noch nicht gehabt. 1, 2, 3, 4, 5. Trini, du könntest Franziskus-Karten herstellen, aber du gibst dann jeweils eine Karte von diesen Karten nennen. Also du hast dann zum Beispiel keine Troy-Karte mehr. Aber du könntest jetzt wenn du willst, Ausrufezeichen herstellen, Abstand S1 für Season 1 machen und dann würdest du eine Franziskus-Karte herstellen, tatsächlich, Trini. Wenn du willst. Was du hast alle so mit Franziskus-Karten herstellen und dann musst du noch eine Spielzeughammerkarte sammeln und noch eine Troy-Karte und dann schicke ich dir das physisch zu. Ja, warte. Traue dem kein Wort. Karten vom Troy sind alle unpersönlich. Let's go. Das ist, Nein, also weißt du, Chat, eigentlich habe ich nur beim Bert. Ja, beim Bert und beim Googli. habe ich nichts draufgeschrieben. Bei allen anderen habe ich etwas draufgeschrieben. Und Bimp, Troy, du bist das Schönste, was es jenseits der Alpen gibt. Bimp. Du bist das Schönste. Muss mal kurz. Hab ich dich schon mal gesehen, Bimp? Hast du ein Profilbild? Oh, das Profilbild vom Bimp. Oh! You are breathtaking, Bimp. Bimp, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Danke für die netten Worte. Ne? Hey, listen! Lass dich Schmarz lesen. Voll fies. Ich habe einen Kaffee spendiert, aber es hat es nicht genommen, nur Punkte. Ah, ich muss noch einen Kaffee holen. Ich habe es auf der Liste. Sorry, ich habe es nicht erwähnt. Also, sorry, Schmarz. Danke vielmals für den Kaffee trinken. Ich hole ihn nachher gerade. Und übrigens, ich führe schnell vor, Trini. Ich bin mir nicht sicher, ob du noch gefragt hast, wie es geht. Watch me. Ausrufezeichen herstellen. Abstand S1 und dann tust du aus jeweils einer von diesen 5 Karten eine Franziskus-Karte zusammensetzen. Wenn du das willst. Let's go, Trini, mit der Franziskus-Karte. Und jetzt kannst du, wobei jetzt hat wahrscheinlich MyCards vielleicht noch Cooldown, aber wenn du nochmal Ausrufezeichen MyCards machst, dann siehst du nochmal, welche Karte du hast und dann können wir nochmal schauen, welche du jetzt effektiv nochmal brauchst. Und dann weiss ich auch, dass es funktioniert hat. Noch schnell ein bisschen lesen und dann gar nicht mehr den Kaffee trinken gehen, wo man die Schmarz spendiert hat. Hallo tanzende Troy und Chat. Bin leider noch ein bisschen im Alert, wünsche dir aber einen mega giga geilen Stream, Troy. Jenny, was machst denn du so? Was gibt's denn da Wichtigeres, Jenny, als mich? Jenny, grüezi und schön bist schnell reingeschrieben. Merci für den Lurk-Support, Jenny. Ja, das ist gar kein Problem, alles gut. Genau, Trini, jetzt hat es ja geklappt. Nice. Schauen wir nochmal schnell. Troy's Hammer 3, Gameplay 2, Troilina 1, Franziskus 1. Also eine ist
Spielzeughammer und eine ist Troy-Karte. Troy-Karte ist halt tricky. Aber wenn die jetzt nochmal sammelst, dann steht dann irgendeine Steck komplett. Wie bei mir. Ja, wie bei mir, ich kann jetzt schnell schauen, was dann steht. Dann steht Season Ice Deck Tired komplett. of your old casual mug? Throw that ugly piece of crap in the trash and get yourself a new Troy Hammer and mug from the merch store. And don't miss out on the Epic Warrior clothing or the Pro Gamer mousepad for flawless 360 no-scope headshots. Check out the Troy Hammer and merch store. Link in the profile description. Merci vielmals fürs Einspielen von der Merch-Werbung. Danke, danke. Römer, glaube ich, war es. Ich habe mir den Kaffeetrink übrigens geholt. Ja. Wieder mal einer, der ein bisschen Zucker hat. Ja, ich weiss. Emmy sollte sich halt mal melden. Ja. Nur Emmy kann die Beziehung noch retten, Chat. Nur Emmy kann die Beziehung noch retten. Ja. Und ich begrüße noch schnell Getty Oleg. Grüezi, Getty, wie geht's dir? Hey, long time no read. Wie geht's dir, Getty? Alles gut, alles gut. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend, Getty. Und persönlich 1. Mit Kopf im Zeug rumlegen und dir zulassen natürlich. Nur schreiben ist heute nicht so mies. Sorry. Hey Jenny, dann wünsche ich dir eine gute Besserung. Ganz gute Besserung, Jenny. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht hast du noch ein Tablettchen. Ein Tablettchen gegen Kopfweh. Aber schnelle und gute Besserung. Und mega, mega schön von dir, dass du gleich noch ein bisschen zulässt und so. Soll ich jetzt einen ASMR-Stream machen für Jenny? Muss ich ein bisschen sanfter reden heute, Chat? Muss ich heute ein bisschen sanfter reden für Jenny? Damit das Kopfweh nicht schlimmer wird. Das hört man, glaube ich, gar nicht. Emmy for Sponsor. Dieser Stream wurde gesponsert von hier könnte Ihr Name stehen, Kaffeetrink. Den Song habe ich übrigens mal gewünscht beim Dave, fällt mir gerade ein, ich glaube beim letzten Stream, wo er so gemütliche Songs wollte zum Spielen. Mit den Drums mitspielen. Smooth operator. Smooth operator. Ja, wo bin ich gewesen? Merci für den Lurk Support Maverick, habe ich da schon gesagt. Danke vielmals. Danke schon genau, jetzt ist hier ein Glas. Vielleicht hilft es. Das könnte schon noch sein. Ja, der muss das Tablet aber auch zuerst mal noch ein bisschen wirken. Das ist normal. Erotisch, Mann. Getty sagt, noch sehr viel Stress mit der Invalidenrente gehabt. Gesundheitlich immer noch der gleiche Krampf. Ja, ich habe es vermutet, Getty. I'm so sorry. Aber mir bleibt standhaft, habe endlich wieder Zeit gefunden zum Reinschauen. Das freut mich natürlich mega. Ich habe es ja auch ein bisschen mitverfolgt. Ich glaube, Insta war es, dass du gesagt hast, du bist nicht mehr so aktiv. Und darum umso mehr freue ich mich natürlich, deinen Namen zu lesen. Hey, mega schön.
Ich kann mich nicht beklagen. Alles gut, Getty. Alles gut. Bounce. Oh, ich mache nochmal auf, Chat. Bounce, mach nochmal. Mach nochmal. Superfly by Curtis Mayfield. Still Loving You by by Scorpions. Let's go. Das ist jetzt da geile Emotes da vom Röhr. Vom E-Guy. Habe ich die auch? Nein, ich glaube, ich habe beim E-Guy kein Abo mehr. Leider nicht. Chat, wir machen jetzt da folgendermaßen. Ich starte jetzt mal Marbles on Stream. He? I know. Panik. Aber wir probieren das. Wie gesagt, ich muss mich dort noch ein bisschen einwärmen. Ich muss dort für nächste Woche ein bisschen ready sein. Weil sonst weiss ich nicht, welche Knöpfe ich muss drücken. Und dann blamiere ich mich vor all diesen Marbles-Profis. Und dann heisst es, der Troy, den können wir nicht mehr brauchen für das Event. Der muss weg. Der weiss nicht einmal, wo er muss drücken muss. Merci vielmals für 3 Bits, Bounce. 3. Spielzeughammerkarte für Jenny. Jenny, die hast du sicher schon gehabt. Jenny, was fehlt dir noch? Hey, also, musst nicht schreiben, aber Ausrufezeichen My Cards, wenn du schauen willst. Troy's Hammer 7, Spielzeughammer 3, Gameplay 2, Troylina 1. Dir fehlt also noch Troy-Karte und dann wärst du auch ready für Franziskus-Karte. Korn ist halt auch geil, also Korn hat richtig gute Musik gemacht. Airfighter, hey, grüezi Airfighter und schau jetzt an. Aber ich glaube, die hast du schon, oder? Ich glaube, beim Airfighter ist es so ein bisschen... Ist bei dir auch so Troylina-lastig gewesen? Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Hey, aber Airfighter, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Schnell da Marbles on Stream starten nebenbei. Mal schauen, ob wir das noch chatten. Aber nicht im TV mit Troy's Hammer 1 und Spielzeughammerkarten. Ja, die beiden häufigsten, ne? Die beiden häufigsten. Hammerlastig. Mhm. Indeed, indeed. So, Chat, Moment schnell. Momentchen kurz. So, Marbles on Stream. Läuft der noch tatsächlich? Nice, nice. What is happening, chat? What is happening, chat? Hä? Wieso? Was habe ich gemacht? Wer ist es gewesen? Kaylee? Kaylee? But why?
Auf das bin ich jetzt nicht vorbereitet gewesen. Chat, ich habe meinen Knopf nicht gefunden. Ihr müsst es nochmal machen. Ich will es nochmal machen. Sorry. Ich glaube, jetzt ist es aber auf Cooldown, oder? Ist es jetzt auf Cooldown, Chat? Jetzt ist es halt auf Cooldown. Ich habe versagt, Chat. Ich habe versagt. Das ist my life now, bin selber schuld. Bin selbst schuld. Aber probiert nochmal ein Let me do it for you, Chat. Vielleicht geht's. Vielleicht geht's, Chat. Yoda, was willst du sagen? Ha? Ui. So, das ist schon lange nicht mehr gekommen, Chat. Darum bin ich so völlig nicht vorbereitet gewesen. Ich habe meine Knöpfe nicht gefunden. Your own kind of music. Da, 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 da. Chat, ich muss da noch schnell schauen. Marbles weiter vorbereiten. So, schnell gucken. Das funktioniert so weit sogar. Let's go. Das ist Chat, das ist ohne Scheiß alles anders in diesem Spiel. Es ist schlimm. Es ist schlimm. Ich lese noch schnell Chat. Genau, Song Requests sind noch aktiv, Chat. Was haben wir einmal gemacht? Ein Grand Prix, das ist schon so lange her, Chat. Ich bin so nicht ready für das Event nächste Woche. Es sieht alles anders aus. So, Grand Prix. Machen wir das einmal. Probieren wir das einmal. Es sieht alles anders aus. Es ist schlimm. Ich muss glaube noch... Ich habe immer noch einen... geiler Song, Mann. Holy shit. Zuerst muss ich da noch machen. Das muss ich nämlich einmal umstellen und wieder zurückstellen, damit es stimmt. Gut. Dann muss ich... Shit, ich finde nichts. Ich finde nichts. Nicht Hub. Customize. Play. Einstellungen nochmal. Wo habe ich mein Local Leaderboard? Hey? Arti, Mann! Arti, merci vielmals von 69 Biddies. Danke vielmals. Merci für den Support und Arti, wie geht's? So schön, dass du da bist. Hello! Ich versuche mich da gerade zurechtzufinden im Marbles. ich finde das Zeug nicht. Labs, Community, nein. Customize, nein. Hub. Merch, nein. Leaderboards, mal, Leaderboards, local. Machen wir schnell ein neues Leaderboard. Plus. Das ist alles anders, das ist alles anders. Enable, View, Custom Points. Da habe ich übrigens letztes Mal falsch im Event. Da haben sie mich noch zusammengeschissen, Chat. Also halt echt falsch drin. Aber das sollte, glaube ich, stimmen. Aber ist ja egal. Für jetzt spielt es eigentlich keine Rolle, wenn ich gleich ein Local Leaderboard habe.
Machen wir Grand Prix. Machen wir maximale Elimination Rate. Wie viel haben wir gehabt? Irgendwie 20 oder so. Was ist Max Play jetzt? Das sind die Leute. Zwischen. Das sind Sekunden, oder? 10 Sekunden und 5 Minuten. Das ist wirklich einfach alles anders. Es ist halt einfach alles anders, ne? Was ist denn Max Play? Weil Max Racers, das ist ja etwas anderes. Oh, Chat. Jutti, wie geht's dir? Cooler Dude. Coole Jutti, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Erst jetzt zu Hause. Wo warst du denn noch, Jutti? Wie oft die Maps gespielt wurden? Ey, Bernhöhlen TV, ich danke dir so, dass du Bescheid weißt. Okay, aber wäre denn dann das nicht? Also da würde ich ja sagen, ich will nur Maps, die schon 250 Mal mindestens gespielt wurden. Aber wieso steht denn dann? Aber da steht Max. Maximum number of times the map has been played when selecting. Ah, bei mir? Damit nicht immer die gleichen. Nee, da komme ich nicht raus, aber das ist eigentlich egal. Ne? Ist ja eigentlich egal. Hier ist einfach wirklich alles komplett an. Was ist denn hier Autofill? Ja, aber ich will nicht 16 Maps. Ne? Wie viel haben wir einmal gemacht, Chat? 8? Ich weiß nicht einmal mehr, wie viele Maps das wir einmal gemacht haben. Aber, okay, aber ich glaube, das macht Sinn. 3. Ich glaube, das ist neu. Da kann ich Autofill machen, dann rutschen wir da die Sachen rein. Chat, wir probieren es einfach mal. Wir probieren es jetzt einfach mal, ne? Ausruf, oh, da habe ich auch noch ein Knöpfchen für das, Chat. Mache ich dann nachher mit Prediction. Jetzt machen wir die erste Runde ohne Prediction. 90 Sekunden, Chat. 90 Sekunden, Ausrufezeichen Play in Chat zum Mitrollen. Jetzt frage ich mich gerade, bei diesem Spiel sollte ich doch eigentlich Spotify sehen. Wieso sehe ich das nicht? Disco Spotify. Tun wir mal Spotify einblenden. Vielleicht muss ich es nachher während dem Gameplay wieder ausblenden, damit mich vielleicht daran erinnern, wenn ich es nicht merke, Chat. Ausrufezeichen Play. Ausrufezeichen Play in Chat. Play with fire. Let's go. Ich joine auch, Chat. Jetzt bin ich auch mal dabei. He? Ich bin auch dabei. Und weißer Tiger, grüezi, wie geht's dir denn? Weißer Tiger, schön, dass du hier bist. Highway Racer, merci vielmals für den Resub. Ich bin vom Open Air Frauenfeld, darum bin ich selten da hüt. Okay, nice one. Viel Spaß beim Open Air Frauenfeld. Und merci für den Resub im 12. Nomet. Und alle noch schnell Ausrufezeichen Play, letzte Chance, noch 17 Sekunden. Ausrufezeichen Play. Jetzt muss ich schnell schauen, was habe ich noch verpasst. Mir geht es ganz gut, bin traurig, dass mein besonderer Besuch jetzt weg ist, aber glücklich, weil ich ihn bald wiedersehe und habe Schmerzen von vielen Larven. Wie sieht es bei dir aus? Hey Jutti, ich kann mich nicht beklagen, alles gut bei mir. Und Juttis Gipfeli, Chat, hä? Juttis Gipfeli? Fienchen, aktuell in Führung. Ich merke, dass ich das schon lange nicht mehr gemacht habe, Chat. Es ist gut, mache ich es jetzt noch, bevor der Event ist.
Wahrscheinlich baue ich ohne Scheiß vor dem Event noch irgendeinen Stream ein, wo ich auch schnell ein bisschen marble zum warm werden. Ja, die Familienfeier. Arti, hey, ich kann mich nicht beklagen, alles gut, Arti. Ich muss noch schnell schauen. Arti hat im Archiv nach einer passenden Antwort gesucht für «Wie geht es dir, Arti?» Das Archiv liefert keine Ergebnisse, es geht. Oh, Arti, hey. Ich weiß, ne? Du hast gestern erzählt. Ich wünsche dir dann natürlich, dass es besser wird, Arti. Hey. Die Jessie. Jessie, hörst du, was die da über dich erzählen im Song? Noch schnell Kaffee und Glasse geholt, let's go. Wer ist in Führung? Der Bounce ist in Führung, Chat. Das war ja auch noch. Wir verteilen 200 Biddies, Chat. Also der Gewinner des Grand Prix nach Local Leaderboard, darf sich eine Streamerin oder Streamer nach Wahl aussuchen, wo wir vorbeigehen und 200 Biddies reinmachen. Also, wenn ihr seht, ihr seid gut unterwegs, ihr spielt immer mit, sind immer weit vorne dabei, dann schon mal einen Streamer raussuchen. Und das Internet ist Shit, dass der Stream laggt. Oh nein. Dann musst du vielleicht auf nur Audio schalten. Also, jetzt machen wir da so Highway Racer. Befolge meine Anweisungen. Im App gehst du jetzt auf das Zahnrädchen und dann wählst du da aus nur Audio. Und dann siehst du mich nicht mehr, sondern du hörst mich. Jetzt gehst du dort hin, Mainstage, dort wo die grossen PAs sind. Dort wo die grossen PAs sind, dort wo die... musst du vielleicht ein bisschen eins auf Ninja machen, damit sie die nicht sehen. Und dann gehst du dort hat sicher irgendjemand so 3,5 Klinkenanschlüsse. Vielleicht musst du noch deinen USB-C-Adapter anschliessen. Und dann tust du dort schnell einstecken, damit mich alle hören auf dem Frauenfeld. Machen wir das so. Und dann bin ich ab jetzt der Unterhaltung. Was ist gemeint, Jessie? Ich weiß es nicht. Ne? Bounce immer noch in Führung. Was mache ich eigentlich dort? Was mache ich hier? Wieso bin ich in Führung, Chat? Schauen wir den Bounce an. Gestern, da hatte ich dezent einen kleinen Zusammenbruch, kam auf einmal alles hoch, Frust zu schlucken. Nie gut, hey, true. Oh no, aber es geht, es ist besser als nicht gut. Jetzt Ferien einfach erholen, nein. Arti. Guckst du auf dich, ne? Guckst du auf dich. Heut Semme, ich Und, lebe im Fall Auno-Prug, alles klar bei euch. Dami, Mann, lebst du auch noch? Hey, Dami, merci vielmals für den Resub im 8. Monat, danke vielmals. Klar, alles klar bei euch, hey, ich kann mich nicht beklagen. Wie geht's dir, Dami? Merci für den Support, hey. Wie war deine Woche, Dami? Du bist doch in der Ferien gewesen. Wie sind deine Ferien gewesen, Mann? Hey, Bert, ja, ich muss mich einwärmen, Marbles. Ich muss mich einwärmen, I'm sorry. Ich kann nicht in ein Event rein und ich weiss nicht einmal mehr, wo die Knöpfe sind und die Bedienung funktioniert. Geht halt nicht. Manchmal muss man ein bisschen professionell sein, Bert. Wer haben wir überhaupt? Ich? Hä? Also da wäre ich auf Platz 1, Bounce auf dem 2, Style, Speck, Mr. Blatsch, Bernhöhlen TV, Arti, Simple, Schmarz und Jutti.
Ja, merci. Ich glaube, ihr alle nicht mit. Das ist das, was ich nicht mehr so awkward finde. So, yay, ich habe gewonnen, yay. Das ist auch ein neuer Screen, oder, Chat? Das ist alles neu. Also, Troy, such dir einen Stream aus zum Spenden. Ich würde mich empfehlen. Sehr gut, Schmarz. Ferien leider wieder vorbei. Erste Woche ist relativ gut gelaufen. Die Ferien sind der Hammer gewesen. Das freut mich. Jeden Tag 36 Grad. Das wäre viel zu heiß. Haben es genossen. Hey, Dami, das freut mich. Das freut mich, das klingt gut. Für mich wäre es zu heiß gewesen. Nee, das habt ihr nicht. Ihr seid die Menschen, die mir ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Schön, dass es euch alle gibt. Auch dich, Bert. Auch, also. Chat, ich hacke jetzt den lieben Arti. Ja. Einmal ein Hack für den Arti. Natürlich, ich schreibe es jetzt nicht rein, ich werde nicht spammen, aber hack alle. He. Und auch hack Bert. He. Auch den Bert hack ich ausnahmsweise mal. So, Chat, was haben wir da? Final Results. Okay, jetzt muss ich schnell überlegen, Chat. Welche Knöpfe muss ich drücken? Welche Knöpfe muss ich drücken? Wir gehen auf Next Map, so viel ist klar. Und dann muss ich, glaube ich, das Knöpfchen drücken. Lieber Chat, Ausrufezeichen Play in Chat. 90 Sekunden. Und ich glaube, jetzt hat sogar ein Prediction kommen. Und Tommy Blaze, guten Abend. Hey Tommy, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hello, hello. Stichkeit, du kannst es tun. Oh, Sailor Moon. Sind noch nicht so weit. Also, wir haben eine Prediction. Wer kommt zuerst ins Ziel? Maverick versus Bounce. Stimmt ab, könnt eure Kanalpunkte verwetten. Jetzt ist wieder mal jetzt habt ihr keine Kanalpunkte mit Chat. Was macht ihr jetzt? Da ist die Chance, Kanalpunkte zu verlieren oder zu gewinnen tatsächlich. 40 Sekunden noch, Ausrufezeichen, Play. Oh, 1000 Kanalpunkte auf den Bounce gesetzt, holy shit. Okay, da werden Kanalpunkte gesetzt, 1180, okay, von 4 Personen auf Maverick. Oh, holy shit, da sind nochmal irgendwie, wie viel? 6, okay, what the hell. Okay, ihr macht einfach mal. Krass. Play with Gipfeli, Jutti, I like. 6 Sekunden letzte Chance zum Mitmachen. Heute habe ich den ganzen Tag mein Zimmer aufgeräumt, beziehungsweise mache gerade kurz Pause, nachher nochmal ein bisschen fertig machen. Hey, let's go. Tommy, das muss ab und zu auch sein. Ich habe die letzten Tage tatsächlich auch geputzt und gemacht bei mir. Ne? Ausgemistet, auf alte Bandshirts wieder mal in die Altkleidersammlung gegeben. Ja, manchmal muss das sein. Alle Feister habe ich geputzt, Chat. Das ist verrückt. Mir geht's tipptopp, danke, hoffe dir auch. Hey, ich kann mich nicht beklagen. Tommy, freut mich, dass es dir gut geht. Das ist aber eine erweiterte Version von Sailor Moon, oder? Oder ist das die normale Version? Weißer Tiger. Weißer Tiger mit dem Burger. Brennend. Brennend in Führung aktuell. Go, Muamel, go! Mal schnell gucken, wo ist denn Jutti hier? Wo ist Jutti? Wie mache ich schon wieder Slow Motion mit T? Oh, aber Jutti, ich glaube, du machst das Schlusslicht. Und du leuchtest nicht mal, ne? Tja. Airfighter auch gut unterwegs. Speck auch gut unterwegs. Aktuell in Führung. Danke für jedes Vertrauen an mich. Hey. Wir reden nachher nochmal drüber, wenn Punkte verteilt worden sind. Speck auf Platz 1. Airfighter auf dem 2. Fienchen auf dem 3. Römer auf dem 4. Dann Domi, Sir Simple, Mr. Blatch, Bounce, Tommy Blaze, Sty. Der Bounce. Der Maverick sehen. Oh, Maverick, bist du erst später reingekommen? No!
Jetzt noch schnell die Lautstärke regeln. Maverick. Ich glaube, der Bounce ist zuerst ins Ziel gekommen. Wir schauen noch mal schnell, also, damit wir sicher sind. Jetzt muss ich auch hier noch mal schnell schauen. Wie war das einmal? Habe ich hier einmal nach Points sortiert? Oder so? Nein, das ist, glaube ich, die richtige Reihenfolge, die wir hier haben. Ihr seht, ich bin völlig nicht mehr, ich weiß nicht, wie das funktioniert, Chat. Wo ist denn der Maverick? Nein, du bist rausgefallen. Oh no, Maverick, du bist rausgefallen. Oh, come on. Die Punkte werden verteilt. Gritty Bounce hat es geschafft. Und wir gehen auf die nächste Map, Chat. Exclusive Marble World. Ausrufezeichen Play in den Chat. Holy shit, ist das laut. Ausrufezeichen Play, um mitzurollen. Und die nächste Prediction sollte auch nachher direkt wieder aufpoppen, Chat. Das war der Blatsch mit seinem Piratenschiff. Ich lese hier noch im Call Sis. Oh, Sailor Moon. Hey, haben wir nochmal die gleiche Prediction? Ist jetzt das Zufall? Chat, ist jetzt das Zufall? Wir haben auch nochmal genau die gleiche Prediction. Vielleicht ist etwas kaputt, aber ich kann trotzdem mitmachen. Ich kann trotzdem mitmachen. Ich hoffe, ihr seid beide dabei, weil wenn nicht, dann mal sind beide dabei. Wahrscheinlich ist es einfach jetzt zufälligerweise nochmal genau das Gleiche. Und wenn es dann nochmal das dritte Mal kommt, dann ist etwas kaputt, dann weiss ich, dass ich etwas muss flecken. Jetzt wollte ich ficken sagen. What? Okay. 20 Sekunden, Chat. Ausrufezeichen Play. Wieder die gleiche andersrum. Dann ist es zufällig die gleichen zwei Personen wieder. Also, Chat, wir haben 1160 versus 2013 Punkte. Wir rollen los. Der Bounce hat auch schon Pole Position, aber das hat nichts zu bedeuten. Weil in der Regel haben die weiter hinten starten, noch mehr Schwung. Ja? Und jetzt spielt es keine Rolle mehr. Der Bounce hat irgendwie... Römer und Bounce haben irgendwie ein Power-Up verpasst für den Speedschub. Airfighter in Führung. Vielleicht musst du auch etwas ficken. Wer weiß das? True Words bei Schmarz, Ladies and Gentlemen. True Words. Made of these. And the seven seas. Oh, Schmarz in Führung, Chat. Oh, Fienchen in Führung, Chat. Oh, aber da nicht so smooth. Aber niemand ist da wirklich smooth reingekommen. Fienchen immer noch in Führung. Auf der anderen Seite haben wir Schmarz. Es sieht aktuell aus nach Fienchen versus Schmarz. Ab ins Loch. Ab ins Loch und wieder vereint sein da unten. Ich habe Flecken geschrieben. Okay. Oh, Fienchen immer noch da oben, andere sind schon unten. Jutti, aktuell in Führung. Hey, Domi, mach nur, kein Stress, kein Stress. Jutti in Führung. When heavens falls, I will be your light. Love will survive. In this hell you are my paradise. Blah. Decor, Mann, Decor, wie geht's dir? Und Domi, Mann, Domi und Decor, wie geht's euch beiden? Habt ihr euch jetzt abgesprochen? Sind ihr da irgendwie zusammen unterwegs und so? Decor, wie geht's dir, mein Guter? Geht's dir wieder besser? Ja, das ist ich habe heute deinen Insta-Post, deine Insta-Story gesehen. Ich glaube, es geht dir wieder besser. Das freut mich.
Aber ich wünsche dir natürlich noch eine gute Restbesserung, die Car. Hey, holy shit. Aber schön bist du da. Domi, schön bist du da. Welche Lasagne gibt es heute, Domi? Welche Lasagne gibt es heute? Berghöhlen TV übrigens in Führung. Schon fast im Ziel. Oh, da geht es noch in das Ding rein. Da wird nochmal neu durchgemischt, Chat. Aber Fienchen schafft es nicht mehr in die erste Lücke rein. Da. Also würde ich jetzt mal behaupten, der Kampf um Platz 1 findet zwischen diesen Leuten statt. Ausser ihr hängt hier noch lang fest im Mixer und da wissen wir noch nicht. Römer geht zuerst raus. Und ich kann mich übrigens nicht beklagen, alles gut, danke vielmals, Domi. Hey, mir geht es viel besser, zum Glück, es geht bergauf, hey, das ist wichtig. Das ist das Wichtigste. Chat, Sir Simple auf dem 1, Mr. Blatch auf dem 2, dann Weißer Tiger, Calls, Schmarz, Bärenhöhlen TV, Jutti, Römer, Speck, Airfighter. Ich sehe kein Maverick, ich sehe kein Bounce. Muss ich noch schauen, Chat? Muss ich noch schauen? Wir haben hier noch Domi unterwegs, Arti. Maverick, ich glaub, ist der Bounce schon im Ziel? Ich glaube, der Bounce ist schon im Ziel, Chat. Der Bounce ist schon im Ziel. Sehe ich ihn einmal? Ich sehe ihn gar nicht. Ist der Bounce noch nicht im Ziel? Ist der Bounce rausgeflogen? Fragen über Fragen. Wir schauen gerade. Ich lese noch schnell Chat. Ich habe gestern Carbonara gemacht. Nice. Oh. Ja, aber Lasagne Carbonara oder Spaghetti Carbonara, oder? Oh, Carbonara ist richtig geil. Ich habe tatsächlich heute wieder Pecorino-Käse gekauft, Chat. Nicht alle haben Pecorino gern, aber Pecorino ist halt, das ist der Carbonara-Käse, Chat. Scheiß Spiel! Der Bounce ist im Gazzo! Der Bounce ist im Gazzo, Mann! Domi ist rausgefallen. Somit, Maverick ist ins Ziel gekommen. Auch nicht früh, aber Maverick ist ins Ziel gekommen. Also, Maverick check. Punkte werden verteilt. Spaghetti Carbonara, geil. Hey Domi, da sage ich nicht nein, gell? Aber du machst du auch mit Pecorino? Also nicht das jetzt, he? Es geht beides. Wie gesagt, nicht alle haben es gern. Hey! Chat, wir gehen auf die nächste Map. 4 von 8. Accelerating, Dropping, irgendwas. Chat. Ausrufezeichen Play in Chat. Ausrufezeichen Play. Zum Mitrollen, Chat. Denkt daran, die Person, die auf Platz 1 ist am Schluss vom Grand Prix, darf sich einen Streamer auswählen, der am besten live ist. Und Poppy! Let's go! Mit 17 Lüt. Merci vielmals für den Raid. Danke dir für den Raid, Poppy. No, God, please, no, 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 no. Danke dir für den Raid, liebe Poppy. Und liebe Raiders, ich bin der Troy aus der Schweiz. Ja, Chat, könnt unbedingt bei der Poppy mal vorbeischauen. Ich bin aus der Schweiz. Bei mir gibt es viel interaktive, viel Interaktivität, viele Effekte, viele Spielereien, viel Gelaber und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Wir machen direkt noch ein Foto. Ich lasse den Countdown kurz in Slow Motion laufen. Danach machen wir da Multitasking mit dem Foto. Chat, liebe Raiders, kommt alle aufs Foto drauf. Ausrufezeichen Foto eingeben, dann erscheint ihr mit Poppy und mir auf dem Foto mit eurem Profilbild. Und ich begrüße noch kurz alle, die ich noch nicht begrüßt habe. Pagania, grüezi wohl. The Real Plobby, Team Underwater. Sorry, direkt verwirrt. Vanadium Beats, Poppy natürlich, Frecher Wolf und G-Star. Grüezi miteinander, wie geht's euch, lieben Menschen? Kommt alle drauf aufs Foto. Poppy, wähl dir noch was aus, was neben dir aufs Foto soll. Wenn du das gemacht hast, dann switchen wir wieder zurück nach Marbles, wo wir dann noch weiterrollen. Ui, die Leute hier auf dem Foto. Let's go. Ich muss noch kurz gucken hier. Chat, wo ist meine Vorschau?
So, let's go. Titel setzen, danke für den Raid. Wir haben 22 Leute auf dem Fotochat. 22 Leute. Let's go. Sackboy ausgewählt. Dann machen wir hier den Switch. Ihr könnt weiterhin noch Ausrufezeichen Foto eingeben, aber gebt... Nee, wir machen das Foto noch nicht. Gebt doch alle noch Ausrufezeichen Play ein, dann könnt ihr nämlich hier noch mitrollen in Marbles on Stream. Heute seit langem wieder mal Marbles on Stream, by the way. Ich muss mich vorbereiten für das große Event nächstes Wochenende. Ne? Ich muss mich da wieder ein bisschen warm spielen hier. Warm streamen mit Marbles. Und danke, frecher Wolf, danke für den Follow. Und so, habe ich alle begrüßt. Ich lese noch schnell, Poppy, deine Nachrichten. So, jetzt bin ich voll da. Huhu, ihr Lieben. Hey Poppy, was gab's bei dir? Was hast du gestreamt? Ich nehme an Musik, ne? Spezielles Genre heute? Spezielles Outfit heute? Ich weiß es nicht. So, Chat. 30 Sekunden ab. Wie geht's denn jetzt? 30 Sekunden ab jetzt. Ausrufezeichen Play zum Mitrollen. So, ich habe jetzt halt nicht alles gelesen im Chat, ne? Ich habe nicht alles gelesen. Ich muss noch kurz gucken. Machen wir noch einen Bossfight? Ist der schon ready, Chat? Der ist sogar ready. Poppy, bist du ready nach dem Marbles Grand Prix ein Bossfight? Ist das okay für dich? Dann machen wir zuerst Marbles fertig, weil sonst habe ich da ein Durcheinander. So, wir rollen los. Sind eigentlich die Song-Requests noch offen, Chat? Chat, ich mache einfach nochmal schnell SR on 30. Also, lieber Chat, liebe Raiders, Poppy und alle, ne, ihr dürft auch gerne einen Song wünschen, wenn ihr wollt. Mit Ausrufezeichen SR Abstand Spotify-Link. Wieso macht mein Bot mit? Chat, wieso macht mein Bot mit? Hey, wer war das? Hat es jemand geschafft, dass mein Bot mitmacht, Chat? Irgendjemand hat es geschafft, dass mein Bot mitmacht, ne? Ich glaube, ich habe sogar einen Befehl für das. Sehr gut. Musik, nee, nichts Besonderes. Ein paar neue Songs und Nägel. Oh, Nägel? Macht er doch eh nicht. Ich muss kurz hier drücken. Tommy Blaze in Führung. Na klar, jetzt bin ich da, kann nicht so schnell schreiben, Fingernägel. Ach so. Also wir machen es so. So, nach dieser Bahn hier machen wir das Foto. Ihr könnt immer noch aufs Foto drauf mit Ausrufezeichen Foto. Dann machen wir weiter. Wir sind hier auf der 4. Bahn von 8. Dann gucken wir, wer gewonnen hat. Dann machen wir da noch 200 Biddies bei einem Streamer auf Twitch rein. Domi, bye bye, tschüss. Mein Bot, wieso ist mein Bot auf Platz 1? Und dann machen wir den Bosskampf. Also, liebe Raiders, die noch nie einen Bosskampf miterlebt haben, ich kann euch garantieren, das wird geil, ne? Weil ihr kämpft gegen mich. Ich habe da so einen selbstprogrammierten Bossfight. Ihr kämpft gegen mich und ihr verliert am Schluss, ne? Wie immer. Das ist halt einfach so, der Standard. Gibt auch keine Punkte, wenn du zu lange für den Start zum Rennen wartest. Oh, Bernhöhlen TV, das wusste ich gar nicht. Gibt keine Punkte. Okay, wusste ich nicht. Bot, wieso bist du überhaupt im Spiel? Mein Bot, der darf sich am Schluss noch einen auswählen. Chat, mein Bot auf Platz 1, Maverick auf Platz 2, Gritty Bounce auf dem 3, Poppy, Jutti, Frecher Wolf, Bernhöhlen TV, Speck, Trini, Fienchen. Carnage ist noch nicht drin. Carnage oder ist nicht in den Top 10. Das würde heißen, dass Trini den Win hat bei der Prediction. Wieso kann ich das nicht? Shit, Mann.
Irgendwas ist kaputt hier. Wieso kann ich die Prediction nicht auflösen? Oh, Chat, am Durcheinander hier. Moment kurz. Chat, ich bin gleich wieder für euch da. Wo ist hier meine Prediction? Predizione. Choose Outcome. Trini. So, jetzt hat es aber geklappt hier. So, nochmal GZ mein Bot und wir machen schnell das Foto-Chat. Arch Enemy von der Trini gewünscht. Lieber Chat, allerletzte Chance, kommt noch aufs Foto, wenn ihr nicht drauf seid mit Ausrufezeichen Foto, dann machen wir das Foto. Kurz gucken, was wir machen. Nein, ich kann den Carnage nicht verdecken. Ich mache einfach so. So, Chat. Also, wir machen das Foto in zwischen 7 und 15 Sekunden. Neue Funktion. Einfach random in time. Ich bin nicht ready gewesen. Hey Poppy, hier unser Foto. Ab jetzt auf dem Discord drauf. Es gibt dann noch eine Insta-Story. Hey, aber schön viele Leute drauf. Und ja, es war ein bisschen zu spät, ne? Aber merci vielmals. Poppy, Insta-Story gibt's und das Foto kann man sich auch in physischer Form bestellen. Link im Chat von meinem Bot. Ja, irgendwer hat meinen Bart abrasiert. Vanadium. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ne? Solche Sachen passieren hier. So, Chat, wir machen mal weiter. Wir gehen auf die nächste Map. Wir rollen noch ein bisschen weiter. Map 5 von 8, Chat. Ausrufezeichen Play in Chat. Ausrufezeichen Play, um mitzurollen, lieber Chat. Say once again. I dare you. I double dare you, motherfucker. Say one more goddamn time. Chat. Wow. So. Ausrufezeichen Play. Ich lese noch kurz Chat. Der Pedro ist drauf, das macht das Bild gerade 100-mal besser. Let's go, Schmarz. Nice. Bist du das gesehen in dem Fall? Wurde eingeführt, um die Streamer zu minimieren, die dann einen halben Tag waren, bis ein paar hundert Leute im Rennen sind. Aber war es bei mir jetzt schon so, dass es keine Punkte mehr gibt? Ja, ich habe es ein bisschen länger gemacht, ja, wegen Raid, ne? Aber dann weiß ich, dass ich das nicht mache, dann beim Event, ne? Also die Musik von Pöps war heute quer durch die Bank, am Ende hin mit mehr Rums und Party Hard. Vanadium Beats und ich wurden dazu genötigt, das detailliert zu beschreiben, wie der Stream war. Also es ging chillig los, war dann vermehrt bei 145 BPM und zum Schluss hin haben wir das gesteigert mit Hardstyle. Oh, Hardstyle ist auch gar nicht meins, ne? Und noch viel mehr Rums. Hey, letzte Chance, Ausrufezeichen Play, Chat. 2 Sekunden. Das ist die Kurzform. Muss kurz mein Insulin holen, alles weiter erklärt Poppy selbst und oder Vanadium Beats. Let's go, war eine sehr schöne Erklärung. Plobi, let's go, danke für das. Wieso ist mein Bot drin? Hey Chat, wer kann mir sagen, wieso mein Bot drin ist? Ihr müsst mir das erklären. Wieso ist der drin? Wer war das? Oh, schönes Lied. Misty Mountains, Chat. Wer hat Rum? Nein, bei dir war es noch nicht so. Okay, bin ich froh. Das nächste, aber der Pedro. Let's go. Fienchen, du bist irgendwie da auf Platz 1, aber das kann nicht sein.
Weil in Führung ist weißer Tiger. Ne? Weißer Tiger, Mr. Blatch sind nicht schlecht unterwegs. Er schreibt den Command. Ach so. Aber das war früher nicht der Fall. Das ist neu. Dann kann das Play jetzt überall stehen in der Nachricht. Das war früher nicht der Fall. Früher musste das am Anfang. Aha, nee, ich glaube, es ist sogar am Anfang. Dann habe ich was geändert, ne? Dann habe ich was geändert, Chat. Ich muss das nachher kurz angucken. Oder machen wir es nach dem Grand Prix. Ich hoffe mal, der Bot wird das Grand Prix nicht gewinnen. Aber dann, entweder ist bei mir was anders oder im Spiel haben die irgendwas verändert. Ich weiß es jetzt nicht. Früher war der Bot da nie dabei und ich habe eigentlich gar nie was geändert. Chat. Aber egal. By the way, Troy, das Hemd passt sogar ohne Aufknöpfen. Ohne Scheiß. Let's go, Juti. Juti hat das Hemd bekommen. Giveaway habe ich verschickt. Ist angekommen. Fotos im Discord-Chat. Fotos im Discord. Sehr schön. The Real Plobby in Führung, Chat. Ist auch eine spezielle Map da, sehr, sehr speziell. Ja? Da klebt man einfach durch die Felsen durch. Interesting. Da haben wir das Ziel, Chet Pagania. In der Nähe des Ziels, in Führung. Tommy Blaze. Kann Tommy noch überholen? Pagania bleibt noch ein bisschen hängen an den Pins. Pagania unterwegs ins Ziel. Pagania auf dem ersten Platz. Oh. Poppy, du bist davon geflogen. Tommy Blaze auf dem 2. Poppy auf dem 3. Sir Simple auf dem 4. Dann Plobby Römer. Tommy Blaze in der Top 5, by the way. Nice one, Tommy. Sehr geil. Trini auf dem 7, Speck auf dem 8, dann Bärenhöhlen TV und Mr. Blatch. Let's go. Felsen sind nur Deko. Hat mich noch nicht überwunden, das Schild zu entfernen. Oh? Meine Faulis haben drüber diskutiert, ob ich Nägel oder ob das schon zu Krallen sind. Oh. Ja, du bist jetzt so ein halber Wolverine, oder, Poppy? Oder du bist halt so ein Faultier. Die Dekorationsberge, die kennen wir als Schweizer, true. Weißer Tiger, schon wieder letzter. Oh no. Bist du letzten? Shit, I'm so sorry. Discord-Tieren, das klingt so nach einem Modewort, true. Miss Tommy sieht, dass ich ihn für meine Wetten nutze. Chat, nur kurz, ich muss nur kurz in meinen Streamer-Bot, muss da kurz das Play-Dingens anschauen. Play-Message. 90 Sekunden. Ja, aber dann das ist speziell. Das ist echt speziell mit dem Play, ne? Ich probiere jetzt da was. Ich mache einen Abstand rein bei Play. Das habe ich nie verändert, ne? Habe ich nie verändert. Und die Message ist eigentlich ein /me, dann 3 so rote Punkte und dann Ausrufezeichen Play. Und das nimmt's aber dann an, ne? Wir probieren das mal. Ich hab's mal geändert, Chat.
Oh, hier aber sehr dark gerade mit der Musik. Sehr dark. Chat. Ausrufezeichen Play in den Chat. Zum Mitrollen. Ausrufezeichen Play in den Chat. Kannst du, das weiß das der Bärenhöhlen TV, kann ich in Marbles User blacklisten, wie zum Beispiel meinen Bot? Geht das? Das wäre das Beste, ne? Das wäre das Beste. So, Chat, wir gucken kurz. Wo seid ihr denn hier? Schafft es Poppy in die Top 3, ist die Prediction Chat. Schafft es Poppy in die Top 3. Und ich glaube, der Bot ist nicht dabei jetzt, weil ich da einen Abstand gemacht habe. Es ist egal, wo das Play steht, der Marbles-Bot kann das lesen und wirft den User auf die Bahn. Ja, aber weißer Tiger, ich bin mir ziemlich sicher, dass das früher, also mit früher meine ich vor so einem halben Jahr oder so, noch nicht der Fall war. Weil mein Bot hat nie mitgespielt und ich habe da nie was geändert. Also ist neu, dass es nicht am Anfang stehen muss. Das ist neu. Und jetzt habe ich da ein Leerzeichen drin, jetzt klappt's. Bot ist nicht dabei. Ja, kicken kann ich in Chat. Letzte Chance. 7 ganz langsame Sekunden, Ausrufezeichen, Play zum Mitrollen. Und genau, Kanalpunkte wurden auch gewettet. Let's go. Mere auch noch dabei. Oha. Domi auch noch dabei. Fienchen nicht schlecht unterwegs, aber das ist halt eine ganz, ganz wilde Bahn hier, ne? Ganz wild. Poppy muss es schaffen, sonst verliere ich alles. Verlieren. Ich will nicht verlieren. Nice. Ja, ist jetzt hier schwierig zu sagen, wer so wirklich in Führung ist, ne, Chat? Aber Bounce ist gut unterwegs, Pagania ist gut unterwegs. Und Mere, wie geht's dir? Schön, dass du da bist, Mere. Wie war deine Woche, Mere? Ist ja noch nicht so lange her, wo wir uns gelesen haben. Wobei, ich glaube, du bist gerade geschlafen. Ich glaube, du hast auch meine Nachricht ignoriert, Mere, und dann bist du geschlafen. Ja. So war es, ne? Nicht anders. Nein, Spaß, alles gut, alles gut. Die Leute getrauen sich hier nicht in den Mixer rein, hä? Chat. Da zuerst in die Spirale rein. Wer kommt da zu rollen? Trini, Domi, Speck, Bounce, Pagania, Jutti, Mr. Blatch, Poppy, Simple, Weißer Tiger, Fienchen, Frecher Wolf, Bärenhöhlen TV, Arti. Der Bot war wahrscheinlich gebannt und ist in der Season noch freigeschaltet. Oha, okay. Das ist ein gutes Wort, sonst fauliere, auf fauliere ist auch geil, ne? Sehr geil. Poppy, wir werden hier sehr kreativ, kannst du mal sehen. Hä, Poppy? Hä? Schau mal, wie kreativ die Menschen hier werden bei mir. Mr. Blatsch in Führung, let's go. Roll, du fette Kugel. Oh, die Kugel hat auch Gefühle, ja. Chat, wir gucken uns mal die Kugel von Mr. Blatsch an. Ja? Ja? Guckt euch mal die Emotionen an, die da in der Kugel stecken, Chat. Guckt euch das mal an. Die Emotionen. Bei der Rechtschreibung verliere ich meinen Verstand. Let's go. Kreativen Menschen mögen sicherlich Gipfelis. Gipfelis, habe ich am Start übrigens, by the way. Ja, sind am Start. Hey, wieso ist hier Dramatik, Chat? Was ist das? Wer hat das gewünscht, Chat? Und was ist hier los, Mann?
Was ist das Ziel? Das ist das Ziel, Mann. Ich gucke hier und weiß nicht, was abgeht. Hier ist das Ziel, Chat. Mr. Blatsch, Weißer Tiger, Pagania, Trini, Fienchen, Frecher Wolf, Speck, Tommy Lasagne, Poppy, Bärenhöhlen TV. Let's go, Poppy, aber nicht in den Top 3, leider. Leider nicht. Wer hat das gewünscht? Wer hat das gewünscht, Chat? Sorry, da muss ich skippen. Das geht nicht, ey. Wir brauchen hier gute Musik, Mann. Aber nice try. Hast du Max? Nice try. So, Chat. Wie viel? Noch 2 Bahnen. Dann gehen wir Bits verteilen, Chat. Geiler Song. find you. And I will kill you. Okay. Wow. Wow. Ausrufezeichen Play in Chat. Hallo? Hallo, wer ist da? Wer ist da? Steht in meinem Chat, ich habe keine Zeit für Effekte. Ich muss hier Start drücken. 90 Sekunden, Ausrufezeichen Play. Ausrufezeichen Play. Chat, ich suche gerade mein Knöpfchen. Also, jetzt. Ich muss da schnell zurückrufen, Chat. Ich muss zurückrufen. Ja. Hallo? Carnage? Carnage, bist du das? Carnage? Carnage, ich weiß, dass du das bist, ne, Carnage? Sag jetzt was. Was sollte das eben vorhin da mit dem Liam Neeson? Hallo? Carnage? Bist du da? Chat, 24 Sekunden, Ausrufezeichen Play. Ausrufezeichen Play. Yes, I'm here. Yes, I'm here. Mr. Blatsch mit einer guten Position, aber auch da bin ich der Meinung, mehr Schwung, wenn man weiter hinten ist, Chat. Oh, wir haben noch Prediction am Laufen. Sir Simple vs. Fienchen. Ihr habt auch ein paar Kanalpunkte verwettet, Chat. Ich muss gleich was zu essen haben, sonst falle ich noch vom Stuhl. Hey, Papi, du hast noch die und die nächste Bahn Zeit. Nachher tun wir noch schnell Biddies verschicken und dann kommt der Bosskampf. Also ich würde jetzt mal behaupten, mach nur. Und sonst, ich frage nochmal. Wenn du nicht rum bist, dann warte ich noch ein paar Minuten mit dem Bossfight. Alles gut, Papi. Kein Stress, ganz gemütlich. Blatsch in Führung. Speck ganz knapp da auf dem 2. Im Windschatten von Blatsch. Und schon im Ziel, Chat. Blatsch auf dem 1, Speck auf dem 2, Jutti auf der 3. Dann haben wir Tommy, Carnage, Pagania, Domi Lasagne, Fienchen, Sir Simple, Trini. Oh, Fienchen! For Sir Simple, holy shit! Platz 8 versus Platz 9. Nice one, Fienchen. Let's go, Mr. Blatsch, GZ. Jetzt noch, hab ich jetzt auf Schweizerdeutsch gesagt vorhin. Ja? Also, Poppy soll sich keinen Stress machen. Ne? Und nachdem wir die Bits verschickt haben, also jetzt noch eine Bahn, dann Bits verschicken und dann machen wir den Bossfight. Liebe Raiders. So, Chat. Wir gehen auf die letzte Bahn. Die letzte Bahn des Grand Prix. Lieber Chat, Ausrufezeichen Play.
im Chat. Chat, es kann sein, dass ich ein bisschen früh war. Die da als allererstes Ausrufezeichen Play eingegeben haben, vielleicht nochmals machen. Finnchen, ich weiß nicht, ob du drin bist. Ich bin, glaube ich, ein bisschen früh gewesen mit Drücken. So. Oh, ich muss noch drücken hier. Chat. 90 Sekunden. Wer kommt zuerst ins Ziel, ist die Prediction. Domi, Lasagne versus Weißer Tiger. Was ist schneller, Chat? Eine Lasagne oder ein Tiger? Das ist jetzt hier die Frage. Bündner Nusstorte. Bündner Nusstorte, mit was wird hier bitte alles poliert? Ja, das willst du gar nicht wissen, ne? Ich glaube, die Bündner Nusstorte, die ist noch relativ normal. Das ist eine relativ normale Politur. Hatte eben den Gebisskleber. Eines ist auf jeden Fall schneller gegessen. True. Tiger schaffst du. Wir haben, ist jetzt auch gleich vorbei, 692 Punkte auf Lasagne und 266 Punkte auf Tiger. Und noch 22 Sekunden. Gebt noch Ausrufezeichen Play ein, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Juti poliert mit Gipfelis. Das müsste ich eigentlich einfügen, ne? Das müsste ich einfügen. Wenn es nicht schon drin ist. So, Chat, wir rollen los. Wer ist hier auf der Pole Position? Speck. Pagania hier nicht schlecht. Pagania direkt mit dem Boost. Frecher Wolf, glaube ich, jetzt in Führung. Speck in Führung. Es wechselt immer wieder ein wenig. Airfighter. Wir sind halt da schön davon gekommen. Speck gut in Führung jetzt. Gut in Führung. Aber noch nicht draußen hier. Jetzt ist er draußen. Speck, Bärenhöhlen TV. Bärenhöhlen TV mit dem Bär, ne? Wie geil. Der Calls macht das gesehen, hier ist jetzt Calls. Ausrufezeichen Pay. Few moments later. Bär und TV, wir müssen uns das angucken, Chat. Müssen wir uns angucken. Wir warten hier auf die Sperrnölen TV. Wir gucken. Trini mit normalen weißen Kugeln. Wo ist denn der hier, Bärenhöhlen TV? Komm mal hier raus. Wir wollen dich angucken. Oha. So, wir gucken kurz. No fucking way. Wie geil ist denn das bitte? Ne? Bärenhöhlen TV, da ist halt ein Bär, hat im Bauch eine Höhle und in der Höhle ist ein TV drin. Holy shit. Wie geil. Nice one. Der TV ist im Bärenanzug, ja. Komm schon, Tiger. Wir gucken, wer ist hier in Führung? Trini, Pagani. Pagani hängen geblieben. Trini in die nächsten Hindernisse rein. Da hat es aber noch welche, ne? Weißer Tiger auch hier unterwegs. Weit vor. Nee, gar nicht wahr. Weißer Tiger, du bist hier hinten. Das hat perspektivisch getäuscht. Sorry. Trini holt sich wahrscheinlich jetzt den ersten Platz. Trini auf der 1. Irgendjemand ist rausgeflogen, oder Chat? Oh mein Gott, frecher Wolf holt sich die 2. Wo ist der Rest? Wenn natürlich beide rausfliegen, Domi Lasagne und, da kommt Weißer Tiger auf der 3. Let's go. Ich weiß nicht, wo die Lasagne... Hier ist die Lasagne noch. Weißer Tiger, GZ.
Wo kam der her? What the fuck? So, jetzt muss ich kurz gucken, Chat, wie wir das machen. Wir gucken uns das Local Leaderboard an. Ne? Wir gucken uns das Local Leaderboard an. Das müsste ja jetzt funktionieren. Gehen wir hier zurück? Ne, wie komme ich hier zurück, Chat? Race Menu. Local Leaderboard. Chat. Und gut. Chat, wir haben auf Platz 3 Sir Simple. Let's go, geht's jetzt, Sir Simple zum 3. Platz. Wir haben auf Platz 2 The One and Only Speck, Eier im Teig. Let's fucking go, Speck mit dem 2. Platz. Und ist jetzt mein Bot auf dem 1. Platz? Ich glaube nicht. Denn es kann nur einen geben. Eine Murmel auf Platz 1 und zwar Mr. Blatch. Oh shit. Blatch, ich stelle mir da vor, wenn ich jetzt noch 3D-Brille angehabt hätte, oder holy shit, man, dann wäre ich gerade vom Stuhl gefallen. Geile Kugel, geile Murmel, Blatch. Blatch, hast du mir eine Streamerin oder einen Streamer, am besten jemand, der live oder die live ist? Auf jeden Fall jemand, der Affiliate ist, damit wir Bits schicken können. Hast du da jemanden? Ja, aber das ist nicht ist die live. Poppy hat mich doch geradet. Jetzt bin ich verwirrt, ne? Jetzt bin ich halb verwirrt, Chat. Wir müssen doch noch einen Bosskampf machen. Also, irgendwer ist jetzt verwirrt. Mr. Blatch, ich glaube, du bist verwirrt. Ah, voilà, Moment. Papi hat uns geradet vorhin. Also, ich werde jetzt gerade schauen, ob sie live ist. Und das hat mich dann maximal verwirrt, wenn sie live gewesen wäre. So, Chat. Also nochmals als Erinnerung, liebe Raiders und Chat. Blatch schießt, genau. Blatch sucht sich jetzt jemanden aus, wo wir 200 Biddies reinmachen. Und dann gucken wir uns noch die Reaction an und danach gibt es einen Bossfight. Wo Poppy Dungeon Leaderin ist, ne? Ja, wahrscheinlich ist es noch hängen geblieben, Blatch. Das habe ich manchmal auch, wenn die Leute schon offline gegangen sind, aber das zeigt es immer noch als live an. Habe ich auch. Okay. Ja, seid ihr denn ready, liebe Raiders? Seid ihr überhaupt ready für den Bossfight? Ich erkläre es dann nochmals, wie das Ganze funktioniert. Sergeant Massflow, let's go. Chat, ich bereite kurz vor. Twitch TV Sergeant Massflow. So, Chat. Ich tue schnell die Musik pausieren. Die Musik wird pausiert. Ich muss schnell schauen, ob er Musik hat. Das ist ganz wichtig. Ich mache so eine, der erste Mechanoide, ich mache so eine... Ich glaube, die Game-Musik, die sollte safe sein. Also, oh, das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Chat, Blatch, willst du, dass wir einen Frankenstein-Text generieren oder hast du schon einen Text für ihn? Wir haben die 2 Möglichkeiten. Entweder du schickst mir einen Text oder wir dann schnell im Chat gemeinsam einen zusammenstellen. Frankenstein. Also, Chat, dann ab jetzt
macht Wörter oder Sätze rein, nicht so lange Sätze, ne? Und ich mache da daraus irgendwas, was ich bei dem lieben Sergeant Massflow reinschreiben werde, zusammen mit den 200 Biddies. Wo sind denn hier die Bits? Bits hier. Ja, got it. 200 Biddies. Und ich gucke mir einfach eure Nachrichten an, eure Wörter, die ihr jetzt in den Chat reinschreibt und Ladida. Ladida, das ist eine schöne Begrüßung von Carnage, ne? Ladida. Machen wir sogar vor den Biddies hin. Vor den Biddies, Ladida. Ich immer gerade sofort angreifen. Dann die 200 Biddies. Saletti Spaghetti. Chief Rocker, grüezi wohl. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Saletti Spaghetti. Ruck Zucchini. Ich mache hier einfach mal rein, vielleicht kann ich dann noch kombinieren. Krüsi-Müsi. Krüsi-Müsi, okay, let's go. Ruck Zucchini, Krüsi-Müsi. Ausrufezeichen. Schokolade ist Gemüse. Oh nein, Füllkrug. Schokolade, ich mach's so. Chat, Moment schnell. Schokolade ist Gemüse im Füllkrug. Leerglas, okay. Und dann machen wir in Klammern Leerglas, dann aber bitte richtig entsorgen. Hä? Hannes Päckli für Sie. Da tun wir da. Ladi da. Hannes Päckli für Sie. Sehr, sehr lecker, aber bitte mit Sahne. Ich mache das aber bitte mit Sahne noch rein. Ach Mann, ey. Komma, aber bitte mit Sahne. So, Chat, that's it. Ich kotze. Jetzt nicht kotzen. Sicher nicht, du musst retten. Wollen Sie Pommes frites dazu? So, Chat, die 200 Biddies gehen raus. Wenn du ihn nicht rettest. Gleich. Ich mache noch kurz einen Shoutout. Also, Chat, wir sind beim Sergeant Massflow. Ihr dürft natürlich gerne auch noch ein paar nette Worte bei ihm in Chat reinschreiben, Chat. Ich schicke die Biddies los. Er nur 3. Du musst hammern. Oh! Treu, Hallöchen, danke für die Bits und einen wunderschönen guten Abend. Und Renegade, danke dir fürs Follow. Sehr gerne, mein Lieber. Hallo, ich will mit Mayo. Wo ist die Mayo? Renegade, merci für den Follow beim Sergeant Massflow. Ich will mit Mayo. Geil. Wo ist die Mayo? Platsch, merci nochmal für die Wahl. By the way. Eine Flasche Pommes frites. Ich will jetzt VIP sein. Ja. Chat. Ich will jetzt VIP sein. Mach ich dir nach gleich direkt. Hey, Jutti, danke dir für den Lurk-Support. Linkes Bein abgeschnitten. Ich glaub's nicht. Jetzt muss ich noch eine Prothese machen. Du musst dich selber heilen. Bin ich schon VIP? Nein, ich bin auch nicht VIP. Oh. Chat, ich bin jetzt VIP bei dem Sergeant Massflow. Das glaube ich nicht. Jetzt muss ich eine Prothese herstellen. Ich glaube, das war's, ne? Das war's. Hat er es nicht vorgelesen, Chat? Ich warte noch kurzen Moment. Kurzen Moment warte ich noch. Dödel-Dudi. Dann isst was. Dödel-Dudi-Du. Oh nein, wir haben einen grauen... Er hat es für sich gelesen. Schleier Kann man nachmachen. Kann man nachmachen, lieber Chat. Ich werde nicht länger warten wegen dem Bossfight. Poppy, bist du ready? Mega gut, ja. Bist du ready für den Bossfight? Yes!
Ja, Papi, ich würde mal sagen, also ich muss mal schnell schauen, wie viel HP ich habe. 1500 von 1500, let's go. Also ich bin auch ready für den Bossfight, Chat. Aber ich glaube, ich erkläre noch schnell, wie er funktioniert. Der Bossfight. Also für alle die noch nie bei einem Bossfight dabei waren, jetzt kurz zuhören. Es ist nicht allzu kompliziert, aber ich erkläre es kurz. Ne? Sobald der Bossfight losgeht, werdet ihr 3 Aktionen pro Zug haben. Dann bin ich an der Reihe, habe eine Aktion. Ihr votet für jede Aktion mit den Chatbefehlen hier. Dungeon Leaders, also Poppy in dem Fall, hat 3-fach Votes bei den Chatbefehlen hier. Ne? Das habe ich schon gesagt. Ich bin verwirrt schon. Ihr habt 3 verschiedene Angriffe. Die haben 3 verschiedene Trefferwahrscheinlichkeiten, machen unterschiedlich Damage. Mit Kaffeetrink hielt ihr mit der Mystery Chest, da kann alles Mögliche drin sein, Angriffe, Heilung, Damage für alle, kann leer sein auch. Mit Franziskus schenkt ihr dem Franziskus hier Liebe, denn der kämpft für mich und der kann eine Attacke machen gegen euch, die 400 Damage macht. So. Habe ich alles gesagt, Chat? Ihr könnt auch einfach den ersten Buchstaben des Befehls nehmen, Ausrufezeichen A, W. Wenn Twitch-Chat euch sagt, ihr dürft nicht mehrmals dasselbe reinposten wegen Spam Protection, dann macht ihr einfach Abstand irgendwas hinter den Befehl. Bin zwar noch am Schaffeln. Everyday I'm shuffling, oder? So, am Schaufeln, du bist wahrscheinlich noch etwas am Essen. So, Chat. Jetzt habt ihr noch die Wahl. Jetzt dürft ihr das erste Mal abstimmen. Welche Karte wollt ihr brauchen? Diese Karten können am Ende des Kampfes droppen, sofern ihr gewinnt, also nie. Darum hat es auch 3 Karten hier zur Auswahl. Karte 1, Ausrufezeichen Karte 1 für mehr Heilung. Ausrufezeichen Karte 2, damit der Franziskus für euch kämpft und nicht für mich. Ausrufezeichen Karte 3, wenn ihr Lichtschwerter wollt. Ist rein kosmetisch, Star Wars Fans einfach Karte 3 wählen. Und wenn ihr keine von den 3 wollt, dann Ausrufezeichen, keine Karte. So, Chat. Jetzt da meine Flügeli wieder einpacken. Geiler Song, schöner Song, Chat. Und ich begrüße noch Yasukiwa, Dedesco, grüezi wohl, und Specko, grüezi. Wie geht's euch? Wie geht's euch, liebe Menschen? Wie war eure Woche gewesen? Schön sind ihr da. Und wir starten jetzt direkt in den Bossfight rein, wegen dem Raid von der Popcorn. Da haben wir 5 gegen 6 Votes. Chat, ich gebe euch noch 10 Sekunden. 10 Sekunden habt ihr noch, wenn ihr da noch was drehen wollt. Aktuell gewinnt die Lichtschwertkarte. Und ich löse auf in 3, 2, 1. Ihr löst ein die Lichtschwertkarte. Bin unterwegs. Hi, okay. Dann gute Heimfahrt, Specko. So, jetzt müssen wir aber die Musik pausieren. Wir machen nachher weiter mit der schönen Musik. Wir gehen jetzt in den Bosskampf. Poppy und die Raiders. Ihr wollt mich besiegen? Mit euren Lichtschwertli, ja? Chat, wow. So, gebt euren ersten Vote rein. Wir haben 5 Votes auf der Mystery Chest, 4 Votes auf dem Angriff. Hier als Erinnerung, wenn ihr dreimal einen erfolgreichen Angriff macht, dann füllt sich unten der Angriffszähler. Wenn der voll ist, dann habt ihr eine Spezialattacke, die bis zu 650 Damage machen kann. Und Fienchen startet mit Dexter Season 8. Was für eine schlechte Season, Dexter. Chat. Da nehmen wir beide Schaden, ne? 200 Schaden für uns beide. Aber ihr habt mit 500 HP ganz knapp, ich sage jetzt mal, genug HP. Ich kann zwar 500 Damage machen. Das Max Damage, das ich raushauen kann, ist 500.
Ist aber sehr unwahrscheinlich. Wir haben 9 Votes auf Angriff. Bernhöhlen TV mit dem Angriff. Let's go. Und eure dritte Aktion, Chat. Dritte von 3 Aktionen. Ihr könnt jetzt noch healen, ne? Ihr könnt aber auch nochmals Damage machen. Ihr entscheidet, ihr votet. Wir haben 4 Votes auf dem Angriff. Ich glaube, da war der Dreifach-Vote drin von Poppy. Okay, da kommt nochmals ein Angriff von Poppy. Komm schon, du triffst nicht, Poppy. Okay. 68. Chat, 68. So, Chat. Ihr habt dem Franziskus keine Liebe geschenkt. Deshalb schenkt euch der Franziskus jetzt 400 Liebe. 400 Eicheln. Oh, let's fucking go. Chat, ich glaube, ihr müsst jetzt healen, ne? Jetzt ist schon ein bisschen risky mit nur 100 HP, ne? Denkt daran, die Mystery Chest kann euch selbst auch Schaden zufügen. Ihr könntet euch also auch selbst killen, tatsächlich. Aber ihr healt, ne? Trini healt Chat um 200 HP. Auf 300. 3. Ihr votet, Chat. Nochmals einen Kaffeetrink. Macht Sinn, macht Sinn. Nochmals einen Kaffee trinken und dann wahrscheinlich nochmals Damage, ne? 8 Votes auf dem Kaffeetrink. Schmarz führt aus. Healt auf 500 HP hoch. Let's go. Dritte Aktion, Chat. Gut überlegen, was es jetzt sein soll. Wollt ihr dem Franziskus Liebe schenken? Wollt ihr noch eins healen oder... Nee, sieht so aus, als würdet ihr noch einen Angriff starten wollen, um noch den Zähler voll zu machen für die nächste Runde, ne, Chat? Fienchen? Der geht daneben. Geht der nicht? Okay, shit. Okay, also ihr seht, Spezialangriff bereit, aber zuerst bin ich an der Reihe, Chat. Und ich wähle meine Chest of Hammers. Let's go. Ich wünsche mir Druck. Nee. Okay. Jetzt ganz wichtig, Chat. Ich bekomme ein Schild. Das absorbiert einmal Schaden. Absorbiert auch Schaden vom Spezialangriff. Ne? Just saying. Jetzt vielleicht nicht einen Spezialangriff machen. Aber ihr müsst das Schild wegbekommen. Ne? Absorbiert einmal Schaden, egal wie viel. Ihr votet mit 6 Votes auf Kaffeetrink. Das ist doch ein Vote auf dem Spezialangriff, Chat. Poppy healt. Aber ich verstehe jetzt tatsächlich, ist eigentlich jetzt ein blöder Moment für einen Spezialangriff, weil der normale Angriff wäre perfekt zum das Schild wegmachen. Natürlich, der Spezialangriff ist genau das Gegenteil. Das ist nicht der perfekte Angriff jetzt für das. Vielleicht mit dem Will Smith mit 75%iger Trefferwahrscheinlichkeit. Ja, das könnte eine Lösung sein. Wer votet da A, Chat? Wer votet da A? Geil, der Carnage. Okay, let's go. Der Will, der hat getroffen. Das Schild ist weg. Ihr könnt jetzt den Spezialangriff starten, wenn ihr dafür votet, Chat. Wir haben ein Vote auf 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Let's go. Da kommt der Spezialangriff. Ich will nicht, ich bin nicht ready, Franziskus. Ich bin nicht ready. The warrior raises the sword and prepares for attack. Leaping forward, the warrior swings the sword towards the winged beast. Ja, so mittelmäßig, ne? Chat. As the blade cuts deep into the flesh,
It's dealing a considerable amount of damage to the beast. Mittelmäßiger Schaden, Chat. 260, ne? Von den maximalen 650, die wir aber im letzten Stream hatten, Chat. Im letzten Stream hatten wir jemand, der hat 650 Damage gemacht. Verzeiht, Kameraden, ich habe versagt. Wir hatten aber auch schon 60 Schaden, gab's auch schon, ne? Also Bernhöhlen TV war okay, ne? War okay. Chat, aber wisst ihr, wer nach meinem Angriff nicht okay sein wird, Chat? Chest of Hammers. Und es kommt raus. Schon wieder der Hammer of Protection. Okay, ich bekomme wieder meine Bubble. Ihr kennt's schon. Macht noch ein bisschen Schaden. Guter Schaden, Chat. Ich absorbiere einmal euer Schaden mit meinem Schild. Ich habe doch oft genug gesagt, dass ich selbstdestruktives Verhalten beim Bosskampf habe. Ja, leider wirst du immer überstimmt, Carnage. Ich weiß nicht, ob das dann Spaß macht, ne? Ich weiß es halt nicht. Aber jedem das Seine, ne? Jedem das Seine. 200 Heilung, ihr heilt auf 421 rauf. Um diese 650 Damage waren auch direkt zu Beginn. Ja, das stimmt, das war mit der getrainiert-Karte. Dann startet ihr mit dem Spezialangriff. Zum Glück habe ich nicht ausgeführt, habe immer Pech. Ja. Yeah. Aber wenn du immer Pech hast, Poppy, dann hast du eben jetzt vielleicht einmal Glück. So, was kommt? Die Mystery Chest gegen mein Schild, Specko. Also, was ziehst du aus der Kiste raus, Specko? Show me. Ja, das ist okay. Okay. Ja, Specko, ich nehme halt keinen Schaden, ne? Ich nehme halt keinen Schaden. Aber es ist trotzdem ein bisschen unangenehm hier draußen. Okay, let's go. Schild ist weg, Chat. Schild ist weg. Wäre sonst nicht schlechter Schaden gewesen hier. Immerhin. True, immerhin, hä? 7 Votes auf der Mystery Chest. Poppy mit der Mystery Chest. Und Poppy zieht Darth Vader. Passend zu euren Lichtschwertern, Herr Lord Vader. Willst du einen Gipfel? Ich hab Gipfeli. Ich schenke dir ein Gipfeli, 2 Gipfeli, 3. Ah, shit. Ich hatte gar keine 3 Gipfelis, Chat. Kann nicht mehr reden. Chat. Come on. Ich habe 465 HP. Was mache ich denn? Chat, was mache ich denn? Chest of Hammers. Mjölnir. 500 HP, 500 Damage, Chat. Ihr zittert, ich spür's, Chat. Oh shit. Oh shit, Chat. Mjölnir wird ausgeführt von Warlock, meinem Mod. Jetzt müsst ihr hoffen, dass der nicht mehr als 421 Schaden macht. Er macht's nicht. Holy shit, Warlock. Das wär's jetzt gewesen, ne? Das wär's jetzt gewesen. Ihr lebt noch, Chat. Und jetzt wird's schwierig für mich. Ihr hielt jetzt natürlich zuerst mal rauf. 12 Votes auf Kaffeetrink. Oh, shit. Fienchen mit dem ersten Heal. Macht ihr 3 Heals, Chat? Oder macht ihr 2 plus noch ein bisschen Damage? 249 HP, Chat. Eure zweite Aktion jetzt. Ihr votet erneut. Ich habe damit gerechnet für den Kaffeetrink.
14 Votes auf dem Kaffeedrink. 14 Chat. Sabi, The Pumpkin. Ja. Offeriert einen Kaffeedrink mit Pumpkin-Geschmack. Ob das gut ist, keine Ahnung. Ob das gut schmeckt, ich weiß es nicht. Dritte Aktion, Chat. Kommt da nochmals ein Heal oder ist jetzt Damage angesagt? Denkt daran, 449 HP ist nicht schlecht, aber wenn ich Glück habe mit Mjölnir, der kann bis zu 500 Damage machen. Ihr hattet jetzt vorhin Glück. Sabi mit der Mystery Chest. Auch hier kann natürlich Heal drin sein, Chat. Der Kaffeetrink XXL und die Torlina. Wow. Today, Asgard will witness your fall. 1! Das ist ja gar nichts, Torlina. Das ist ja gar nichts. Das ist einmal 69 plus noch ein bisschen Damage obendrauf. Ich glaube, ihr habt auch noch ein bisschen Damage genommen, Chat. Torlina kann sehr stark sein, wenn ihr eine 6 würfelt. Aber es war halt leider nur eine 1. Shit, Chat. Was mache ich denn? Chester Farmers. Ich denke nicht, dass nochmals ein Mjölnir rauskommt. Denke ich nicht. Okay, schon wieder der Hammer of Protection. Schon wieder. Ja, verschafft mir ein wenig Zeit, ne? Ihr müsst noch healen. Ihr könntet jetzt auch All-In machen. All-In wäre Angriff zum Schild wegmachen und dann zweimal irgendwie noch guter Damage. Oder sogar mittelmäßiger Damage reicht dann auch schon. Aber ich weiß nicht, ob ihr so risky seid. Ich glaube nicht. Frecher Wolf. Oh, schönes Avatar, by the way. I like. Frecher Wolf hielt um 200 HP. No risk, no fun. Ja, jetzt wird's aber schon schwierig. Ne? Jetzt habt ihr 411 HP, ihr müsst noch das Schild wegbekommen und dann müsst ihr noch 231 Schaden machen, wenn ihr mich in dieser Runde besiegen wollt, Chat. Ich weiß nicht, ob das klappt. Will, das ist fake. Du bist fake. Hock ab. Yasukiwa mit Angriff. Das Schild ist weg. Barracks erscheint im Chat. Barracks, da bist du mit der Flatter. Hey Barracks, wie geht's dir? Barracks, Mann! Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ja, du bist da in den Bossfight reingespawnt, Barracks. Und Chat needs you. Chat needs you. Mystery. Oh, risky! Risky! Sabi. Holy shit, ihr spielt risky. I love it. Oh shit! Watch out! Nee. Okay, jetzt wird's verdammt spannend, Chat. Es wird verdammt spannend, denn ihr habt jetzt ein Shield of Reflection. Mit einer 60%igen Wahrscheinlichkeit reflektiert der Schaden auf mich zurück. Oder wenn ihr euch heilen wollt, reflektiert die Heilung auf mich. Jetzt zuerst ist es mein Hindernis. Also entweder mache ich über 411 Damage durchs Schild durch, das wäre genial. Oder ich mache ganz wenig aufs Schild. Aber da bin ich auch so gut wie tot. Wenn wenig durchs Schild durchgeht, dann habt ihr ein Problem. Dann müsst ihr euch healen, aber es könnte reflektieren. Chat, was mache ich denn? Shit, Mann. Okay, jemand zieht eine Karte zuerst und ich überlege. Mehrere mit der Troilina-Karte. Chat. Ich glaube, das ist die beste Wahl, die ich jetzt habe. Die Lucille. Die Lucille macht zwischen 200 und 300 Schaden. Ich wähle einfach das dich aus. Nee, nein, bitte nicht, bitte. Ich will mich nicht selbst. Fuck.
Bye, have a great time. Fatality. And I need you more than ever, Obi-Wan. You were the chosen one! It was said that you would destroy the Sith, not join them! Hear me way. Ain't nothing but a heartache. Obi-Wan. Hear me way! Not leave it in darkness! Ach, Chat. Ich mag Antonio Margareti. Ancora? Margareti. Margareti. Hey, well played, Chat. Well played. Nice one. Aber ihr habt keine Karte bekommen, ne? Keine Karte ist gedroppt. Leider, leider. GG's, GG's. Chat. Chat, was machen wir jetzt? Was machen wir mit euch, Chat? Ich glaube, ich weiß, was wir machen, Chat. Ich weiß, was wir machen. Ihr habt ja jetzt gewonnen. Madness. Nein? Madness. Carnage. This is Sparta! Der Carnage, der weiß jetzt, was passiert, ne? Der weiß halt, was passiert. Darum flüchtet der Chat. Ich weiß, ihr habt... Grüezi miteinander, ich bin Troilina. Ich muss mal schnell, der Troy hat mir gesagt, ihr müsst unbedingt da drauf schauen, lieber Chat. Ihr müsst schnell da drauf schauen, lieber Chat. Da drauf schauen. Chat, ich habe gehört. Oh, Barracks. Barracks. Oh, hoi Müsli, hoi Barracks. Lieber Chat, ihr habt verloren gegen den Troy, habe ich gehört. Ihr habt verloren. Also, lieber Chat, ich bin die Troilina aus einem alternativen Universum, eine Variante von dem Troy, die gut aussehende Variante. Hm? Und wie geht's euch denn, Chat? Wie geht's euch? Merci für den Lurk-Support, Papi. Da werden wieder Leute vor die Kante gestossen. Schwarze, das ist doch normal beim Troy. Mann, bist du schlecht? Ich bin nicht schlecht im Bosskampf. Das war nicht ich. Das war die Troilina. Das bin nicht ich. Gummihammer, let's go. Ist das die Intimmaßstab? Oh shit, das ist auch, das ist irgendwie so das ist komisch, ne? Chat, was ist das? Was macht man mit dem, Chat? Also, Chat, es ist ein wenig kurz, ne? Es ist ein wenig kurz. Wie geil ist denn das? Wir sind so doof. Wie gut. Geile Kombination, Chat. Love it, love it. Nur üble Gerüchte, liebe Troilina, hä? Ja, genau. Genau. Welcher Troy, wo bin ich? Wer bin ich? Oh, Pagania. Hat euch Troilina geblitzdingst? Pagania, du bist eine ganz tolle Person. Du bist hier auf Twitch. Auf Twitch. Ja, das ist schwierig zu erklären, was Twitch ist. Die Reaktion sagt aus. Ich weiss, dass es normal ist beim Troy, dass man ins Loch abgeschossen wird. Er ist so ein Fiese, mich hat er sicher schon 3-mal dort abgeworfen. Ja. Und jetzt getraue ich mich eben nicht mehr, Schwarz. Ich getraue mich halt nicht mehr, weil ich weiss halt, wenn ich da raus schaue. Ja. Ich muss halt immer nett sein zu der lieben Schwarz. Muss immer schön nett sein. Hi.
Schön bist du hier, Schmarz. Pagania ist ein Mitglied unserer Community, das regelmäßig im Chat aktiv ist und sich mit uns amüsiert. Schön, dass du nach ihr fragst. Oh. Twitch? Oh, nur die Plattform, auf der sich alle versammeln, um qualitativ hochwertige Inhalte zu genießen. Total überbewertet, nichts Besonderes. Okay, wow, Bot. Halb sexy Sportclips da auf Check. True. So true. Wer kennt das noch, Chat? Sexy Sportclips. Ah, du bist der Troy, freut mich und danke für die Blumen. Da werde ich doch gerade rot. So rot wie die Blumen, Chat. Was für ein schönes Lied ist denn das, bitte? Sweet dreams till sun. Ey, oh mein Gott, Fienchen. Fienchen 85 gifted a Tier 1 Sub to frecher Wolf. They have given 85 gift subs in the channel. 85 gifted Subs, hast du gehört, Fienchen? Was einfach mindblowing ist. Das ist absolut mindblowing. 85 gifted Subs. Fienchen, merci vielmals für den gifted Sub auf frecher Wolf. Ich bin grad, das flasht mich jetzt ganz böse mit diesen 85 gifted Subs. Frecher Wolf, viel Spaß mit den Emotes und den Perks als Abonnent und Fienchen, merci vielmals für deinen Support. Fienchen, merci für alles. Ja, also, ich kann gar nicht genug Danke sagen. Es ist heftig. Hype Train, let's go! Chatmann, ihr spinnt doch ein. Merci vielmals für den ganzen Support. Gandalf ist auch da. Gandalf ist auch hier. Peter, oh Mann, gib mir auch Sandwich, Merci vielmals für den Hype-Train, lieber Chat. Danke vielmals für 138 Bits, also 2x69 Bits vom Brother from Another Mother. Fienchen, merci nochmal für 85 Bits, holy shit. Pagania, merci vielmals für 111 Bits. Danke vielmals für euren Support. Liebe Leute, ich sage es nochmal, ich sage es immer wieder, es nützt nicht. Das wäre nicht notwendig. Ne? Ich freue mich immer, wenn ihr einfach nur schon da seid. Ihr müsst nicht einmal in den Chat hineinschreiben. Ich freue mich nur schon, wenn ihr da seid und einfach den Content geniessen, den Abend geniessen, die Nacht geniessen. Und das ganz viele Gameplay, was es da nicht gibt. Jenny, merci auch für deine 100 Bits. Liebe Leute, danke vielmals. Chat, wir sind glaube ich, immer noch auf Marbles. Ich glaube, wir machen nachher noch mal ein Marbles. Eine stellen wir noch schnell überlegen. 500 Bits, tun wir heute noch verteilen. Vielleicht tue ich sogar noch ein bisschen aufrunden. Schauen wir dann nachher noch 500 Bits. Würde ich sagen, machen wir noch ein Marbles Grand Prix. Dann kann ich mich noch ein bisschen einwärmen für nächstes Wochenende. Ich tue noch mal schnell daran erinnern, lieber Chat. Funktioniert jetzt das Pop-up? Next Stream. Geht halt nicht. Das ist der heutige Streamer-Bot. Gang weg. Kannst du wieder einpacken, kannst du wieder weggehen. Aber wenn wir schon beim heutigen Stream sind, kann ich schnell erklären, was wir denn heute so machen. Ja? Wir machen heute das. Chat. Wir haben mal angefangen mit Just Chatting, jetzt sind wir irgendwann da. Irgendwann da sind wir. Da gibt es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Just Chatting. Und vor der nach Mitternacht gibt es noch Alan Wake 2 DLC. Ja. Eventuell auch mal Gameplay. Das Gipfeli.
Das ist nur unerwartet gekommen, weil Finchen den Skip gemacht hat. Arti, merci vielmals für deine 69 Bits. Danke vielmals für deinen Support. Chat, ich muss schnell die Werbung machen. Nächstes Wochenende, lieber Chat, ist die Sommermeisterschaft Wildes Gemable. Ja? Über 2 Tage verteilt. Viele Streamer, viele Preise bei jedem Streamer. 3 Preise, auch bei mir. Bert, jetzt kein Kommentar. Hä? Kein Kommentar, Bert. Und ihr seht, Samstag bin ich um 18 Uhr geplant. Ne? Also es fängt um 10 Uhr an, dann verschiedene Streamer, dann wird weiter geradet, dann geht es irgendwann zu mir, 18 Uhr bis 20 Uhr, 3 Preise bei mir und dann das reguläre Streaming-Programm bei mir. Dann geht es am Sonntag noch weiter mit dem ganzen Event. Chat. Würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr da dabei seid oder reinschaut oder einfach, ja, vielleicht die ganze Meisterschaft gewinnt, weil dann gibt es auch nochmals einen Preis. Hey, Frecher Wolf, sorry, dass ich es erst jetzt lese. Schön, dass du dabei warst. Ich danke dir nochmals für den Follow. Ich wünsche dir ganz eine gute Nacht, schlaf gut, schönen Sonntag noch und vielleicht bis zum nächsten Mal. Bye, bye, tschüss. Kaffee und das Gipfeli geschenkt. Gipfeli habe ich ready. Eventuell vor Mitternacht. Guter Witz. Plätsch, true. True. Das andere haben wir schon mal gehabt heute. Mhm. Ich weiss, wir sind übrigens immer noch in der Kategorie Marbles. Glaube ich einmal. Darum müsste ich mal langsam wieder rüber. Sonst sind die Leute verwirrt auf Twitch. Ne? Dann kommen die zu mir und dann bin ich da am Reden. Was für Preise? Salz, Zucker, Ziff. Das ist übrigens nochmal für den Hype-Train, der abgeschlossen worden ist. Danke vielmals. Lieber Chat. Ja. Ich habe euch lieb. Ich kann leider nicht sagen, was es für Preise gibt. Ich kann es erst sagen bei der letzten Bahn. Während dem Event. Aber es sind gute Preise. Also es sind jetzt nicht alle. Es ist kein RTX 5090. Aber vielleicht so ein RTX 4090. Nein, sage ich natürlich einfach so. Der Insgesamtwert ist, glaube ich, bei 50 Franken. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Myrrhe. Ja, Plätsch. Genau das ist es. Jetzt Plätsch hat es gelegt. Ne? Sorry, ich muss sparen. Geht also kein Kaffee. Es ist alles gut, alles gut. Im Moment habe ich noch nicht Lust für auf einen Kaffee-Chat. Alles gut. Wenn es Muskat gibt, dann muss ich mitmachen. Ja, wäre auch noch da. Ja, zudem habe ich es, glaube ich, jetzt. Ich habe es noch manuell pausiert. Feinchen. Ich habe jetzt gerade selber noch mal 1 Stunde manuell pausiert, weil ich nicht sicher war. So, Chat. Machen wir nochmal ein bisschen Marbles. Ein Grand Prix. Dann schauen wir mal, was wir machen. Schauen wir mal, was für Zeit das ist. Und dann irgendwann gibt es mal Alan Wake 2 DLC. Ne? Schon ein schönes Lied. Regen von Leonea. Nice. Muss ich mir auch gerade schnell vormerken, Chat. Muss ich mir vormerken, ne? Direkt zu den Liked Songs. Hey Swissler, grüezi Swissler, wie geht's? So schön, dass du da bist. Hello. Wie war deine Woche, Swissler? Alles gut? Du kommst gerade pünktlich. Wir gehen jetzt nochmal ins Marbles on Stream rein. Wo da gar nicht captured wird, aus irgendeinem Grund. So, Chat. Main Menu. Wenn wir schnell ein neues Local Leaderboard machen. Jetzt weiss ich langsam, was es ist. Der Hub, da finde ich mein Leaderboard ganz wichtig. Local Leaderboard. Dann wir schnell ein neues machen.
2. Tun wir enablen. Und das View tun wir auch gerade rein. Dann machen wir Play. Keine Ahnung, was das überhaupt ist, habe ich noch nie gemacht. Aber wir machen den altbekannten Grand Prix. Maximale Elimination Rate 20%. Wichtig für Predictions, die wir nachher wieder am Laufen haben. Das ist neu, das lassen wir alles so, wie es ist. Wir machen 8 Maps, Chat. 8 Maps. Dann machen wir Autofill. Da kann ich da noch auswählen. Aha. Race möchte ich aber gar nicht drin haben. Ist der Bärenhöhlen TV noch da? Hey, welcome back, Juti. Bärenhöhlen TV, bist du noch hier? Weil meine Frage ist, was ist Labs? Was ist Labs? Race ist ja die Racetracks. Die finde ich nicht cool. Finde ich nicht geil. Was ist denn Labs? Ist das nicht? Das ist ja dasselbe. Community Maps, das check ich. Ah, da, Labs. Huh. Ah, das ist. Ah, mal, das sind die wette ich nicht. Die will ich nicht. Das sind die Races, die ich meine. Was ist denn ein Race? Was ist denn ein Race? Das sind runde Maps. Aber wenn ich jetzt echt die ganz normalen Maps spielen will, die nicht rundherum gehen, dann nehme ich einfach Community drin. Lasse ich Race und Labs weg. Aber Standard-Maps nimmt es dann nicht. Das ist schon okay. Dann muss ich da auch nur Community drin haben. Let's go. Dann haben wir hier unsere 8 Maps random ausgewählt. Ich lese noch schnell den Chat, bevor wir loslegen. Kann man eigentlich alles von Spotify requesten oder hast du jetzt Sachen gesperrt, respektive wenn es im Chat als Nachricht kommt, müsste es dann laufen? Richtig schmarz. Wie gesagt, ich und Song Request Masters behalten sich vor, Songs zu skippen, wenn sie irgendwie ein bisschen trollig sind oder nicht passen. Das bitte nie persönlich nehmen. Aber wenn es im Chat postet wird, dann ist es durchgegangen. Limitationen sind lediglich es darf nicht länger als 10 Minuten gehen, das Lied. Ich glaube, es sind 10 Minuten. Und es darf nicht Never Gonna Give You Up sein. Und Last Christmas geht, glaube ich, auch nicht. Race sind auch die normalen Standarddinger. Labs, das LAPs. Das sind Erinnerungen. Aber Schmarz, du hast recht. Aber ich nehme mal auch da Community Maps rein. Ich glaube, das ist gut. Chat, würde ich sagen. Wir gehen rein. Rein da, Chat. Ausrufezeichen Play in Chat. Zum Mitrollen. Im Grand Prix 8 Bahnen. 500 Bits verteilen. Der Gewinner oder Gewinnerin vom Grand Prix nach Local Leaderboard darf sich nachher einen Streamer auswählen, wo wir auf 500 Bits vorbeischicken. 90 Sekunden, Ausrufezeichen Play. Ich nehme es immer persönlich. Ich will ein bisschen reintrollen mit Geschmack. Schmarz, hä? You do you. Hä? You do you. Ausrufezeichen Play. Und wir haben noch Prediction am Laufen. Schafft es Meere in die Top 3? Ja oder nein? Wir haben 50 Punkte schon auf Nein gesetzt. Wir müssen natürlich auch immer schauen, wie viele Ass denn schon dabei sind. Wir sind 8 Kugeln aktuell. 8 Murmeln. Was haben wir denn da so? 38 Sekunden haben wir noch Zeit. Ausrufezeichen Play, Carnage Rage. Mit dem Celli Franziskus. Sehr happy, der Celli Franziskus. Wir haben hier noch ein paar... wir haben einen Burger. Sabi the Pumpkin mit dem Burger. Let's go. Standard-Skin, Feinchen, leuchtet in allen Farben.
Ah, nicht in allen Farben. In allen Helligkeitsstufen, sorry. So, es geht los in 8 Sekunden. Letzte Chance, Ausrufezeichen Play. Ja, sicher schaffe ich Top 3. Ja, hey, no pressure. No pressure, hä? Schönes Lied, by the way. Love it. Immer wieder schön. Airfighter gut unterwegs, gut unterwegs. Steampunk Lady Carnage, Pagania gut unterwegs. Ja, Carnage Rage und Airfighter haben hier den Kampf. Der Kampf um die Führung. Airfighter ist ein bisschen hängen geblieben. Carnage in Führung. Schmarz, was machst denn du? Schmarz putzt noch die Bahn, ne? Das ist ganz wichtig. Schlusslicht machen und die Bahn nachputzen, geht nochmal retour. Schmarz hat gemerkt, da ist noch ein wenig Strecke auf der Bahn. Geht nochmal retour. Ich warte doch nur gönnen. Ja, ich glaube, du willst auch nur putzen. Da, gefährlich. Carnage. Gefährlich. Airfighter. Pagania ist durchgekommen. Wir haben noch einen zweiten. Sir Simple ist durchgekommen, zusammen mit Specko. Und Chief Rocker ist auch noch dabei. Chief Rocker, let's go. Jetzt sind noch Pins im Weg. Und Nick Nover, grüezi. Wie geht's dir, mein Lieber? Wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Wir sind hier auf der ersten Bahn im Grand Prix. Du kannst also nachher auch noch mitrollen. Und du hast immer noch gute Chancen, würde ich jetzt mal sagen. Und Platz 1 darf sich dann ein Streamer oder Streamerin auswählen, wo wir 500 Biddies reinschicken. Chief Rocker sichert sich den ersten Platz. Mere auf dem 2. Let's go! Holy shit, Mere, okay. Hat jetzt nicht gedacht. Ich habe jetzt wirklich so gedacht, Mere can talk the talk. But she can't walk the walk. Aber sie hat uns vom Gegenteil überzeugt. Chat. Chief Rocker auf dem Eis, Mere, Simple, Fienchen, Steampunk Lady Carnage, Yutti. Und zur Rolle kommen noch Pagania auf Platz 8, dann Sabi the Pumpkin und Schmarz. Hey, freut mich nicht, dass es dir gut geht. Freut mich. Let's go, Chief Rocker. Ich werde zwar mitmachen, aber werde nicht gewinnen, keine Sorgen. Ja, da bin ich mir noch nicht so sicher. Ne? Das wird sich noch zeigen, Chat. Wird sich noch zeigen. Wir gehen auf die nächste Map. Auf Fantastic Heart Wonder. Ausrufezeichen Play in Chat. 90 Sekunden Chat. Nick, ich kann mich nicht beklagen. Alles gut bei mir. Geht mir gut. Alles gemütlich, alles chillig. Gute Leute hier. Und heute wieder mal seit langem mit ein wenig Marbles, weil ich mich aufwärmen muss für das Event nächstes Wochenende. Ne? Denkt daran. 18 Uhr hier bei mir. Das war der Plätsch. Ich habe ihn gehört, der Plätsch. Wir haben neue Prediction Chat. Schafft es Chief Rocker in die Top 3? Ja oder nein? Ihr könnt eure Kanalpunkte verwenden. Ja? Hat 2580 Punkte gegeben. Geil, Fienchen. Du hast schon viel. Hey. Du hast schon viel. Ja? Das ist wie im richtigen Leben, Chat. Die Reichen werden noch reicher und die Armen werden noch ärmer. Oder? Irgendwie so. Das sind ein paar schöne Murmeln. Oh ja. Also, 27 Sekunden. Ausrufezeichen Play. Jutti, Chief Rocker, Mere Schmarz, Mr. Blatsch. Einfach geil. Blatsch, woher hast du den? Den hast du gekauft, oder? Oder hast du den mal gewonnen? Den hast du gekauft. Mega nice, mega nice. Nick. Nice. 6 Sekunden Chat.
5 langsame Sekunden, letzte Chance für Ausrufezeichen Play. Habe vorher 1000 auf mich selbst gesetzt. Oha! Habe heute schon mehrmals 1K verloren auf ihn. Okay. Besser habe ich dann auch nicht auch in Top 3 geschafft. Nee, ich glaube, den habe ich mir gegönnt. Das ist aber geil. Ich habe mir auch schon Zeug gegönnt. Und Marbles funktioniert ja tatsächlich. Finde ich zwar auch irgendwie nicht so cool, aber es funktioniert so für einen Streamer. Die ganzen Slots, man sieht es jetzt nicht mehr, aber die ganzen Skins, die ich euch anbiete, mit Play 1 und 2 und 3 und so weiter, die muss ich mir alle kaufen. Das kostet alles etwas. Ja, aber das mache ich natürlich gerne für euch. Aber ich finde es auch ein bisschen doof, dass so Sachen kosten. Ankerum muss ja verstehen, ja, dass sie ein bisschen Geld verdienen. Ist ja sonst kostenlos, das Ganze. Also ja, ich verstehe so irgendwie ein bisschen. Pagania. Hast du gecheatet, Pagania? Habe ich einmal nicht hingeschaut mit der Kamera und Pagania ist plötzlich weit vorne. Das ist sass. Immer. Pagani hat aber ein bisschen Mühe. Kommt nicht vom Fleck, weiss nicht, wo es durchgeht. Links und rechts. Nick überholt in dieser Zeit. Schwarz überholt in dieser Zeit. Auch geiles Lied, by the way. Love it. Wo ist denn hier das Ziel? Es ist ein bisschen dunkel. Die Map ist so mässig dunkel, Chat. Aber Schwarz immer noch in Führung. Was ist das? Ich wieder auf der 7 gerade. Du machst das Schlusslicht, Jutti. Nee, okay, never mind. Specko macht Schlusslicht. Bei mir ist auch dunkel. Es ist überall dunkel. Schwarz, also, das sieht gut aus. Jetzt ist ab in den Mixer. Da wird alles nochmal neu durchgemixt. Aber du hast immer noch einen grossen Vorteil. Aber lass dich nicht mitnehmen von diesen Dingern hier drin. Das ist natürlich schlecht. Okay, Schwarz hat es in den Schlitz hineingeschafft. Schlitz rein, gumpet und ist im Loch drin. Direkt ins Herz rein. Nick kommt auch. Erobert das Herz und direkt ins Loch rein. Simplau auf dem 3. Platz. Somit ist schon mal klar, Chief Rocker leider nicht in den Top 3. Wir haben Sabi auf dem 4, Chief Rocker auf dem 5, dann Jutti, Mr. Blatch, Mere Fienchen und Tommy halt noch Anlauf und Gumpet und hoffentlich trifft der Tommy auch. Let's go. Tommy ist auf Platz 10. Schlusslicht, yay! Aber mir auf dem Weg ist per Zufall auch dunkel. Aber hättest du eine Taschenlampe parat, Specko, wenn die bösen Geister kommen? Weißt du, so im Alan Wake und so. Wenn sie kommen und sagen: Wake! Wake! Ja, dann brauchst du eine Taschenlampe. Das ist ganz wichtig. Lifehacks, Chat. So, wir gehen weiter auf die Map. Evolution Shilling Progression. Ausrufezeichen Play in Chat. 90 Sekunden, Chat. Ja, Yoda, erzähl. Wake. 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 Gut, dann müsst ihr lachen, wenn der Yoda erscheint. Yoda, wieso gehst du nicht mehr? Okay, er ist wieder gegangen. Ich müsste lachen, wenn im Dunkeln der Yoda erscheint, im Wald. Und genau so, Wake! Wake! Sagt. Chat, wir haben noch. Wo ist der Countdown? Da, 50 Sekunden. 50 Sekunden Ausrufezeichen Play. Rollen alle mit. Bahn 3 von 8. Pagania, geil, wie du machst. Geil, wie du machst.
So gut scheitert, dass ich rausgefallen bin. Ja, ich habe mich gar nicht geachtet, du bist rausgefallen. Oh shit, Mann. Du bist einfach zu schnell gewesen, du hast zu viel Schwung gehabt. Ist aber zum Glück nur eine kurze Strecke. Also ich habe immer, ohne Scheiß, ich habe immer so eine kleine Taschenlampe dabei. Die habe ich als Schlüsselanhänger dabei. Manchmal, wenn du dich nicht auskennst, dann weisst du wirklich nicht, wo du durchläufst. Du brauchst ein bisschen Licht und so. Nicht einmal eine Stunde beim Troy und schon so viel gelacht. Aha! Merci vielmals für die netten Worte. Hey Specko, das freut mich. Es freut mich, wie gesagt, wenn ihr nur schon da sind und wenn ich euch irgendwie unterhalten mit dem, was ich mache. Das ist natürlich mega schön. Mega schön zu hören. Ja, also Specko, auch danke, dass du so viel dabei bist. Danke euch allen, Chat. Ja. Die immer oder regelmäßig da sind. Und auch alle anderen. Ja. Auch alle anderen. Nick im Moment in Führung. Smooth. Nick, jetzt hast du... Wow, okay, Tommy ist aber auch smooth durchgekommen. Oh, da hat die Tommy überholt. Tommy in Führung. Specko kommt aber auch im Windschatten. Specko überholt. Ja, ganz knapp in Führung. Kräuterlotz. Oh mein Gott, da kommt mir gerade wieder ein Sinn. Früher am Chat. Ich habe schon mal vom Greenfield erzählt, oder? Früher einmal beim Greenfield, oder? Da ist mir irgendwann geschlafen, hat sich ein bisschen den Schlaf geholt, oder? Ganz wenig. Dann ist mir aufgestanden und hat als erstes auch den Kaffee Lutz gegeben. Das ist, ja. Ich bin aber ehrlich gesagt nicht so Fan davon gewesen. Am Morgen brauche ich mein Koffein und Entspannung und nicht einen Kaffee Lutz. Aber das hat halt einfach irgendwie dazugehört. Und dann macht man halt einfach auch mit. Und Äpfelmost, grüezi, Apfelmost. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Der Osten meldet sich auch noch. Let's go! Let's go. Das freut mich riesig. Hey, wie geht's dir? Hast du noch ein bisschen Chat lesen? Habe mich im Zug zusammenreißen, dass ich nicht lauthals loslache. Ja, und wenn du halt lachst, dann zeigst du halt den Leuten, was du gerade schaust. Du musst halt schnell erklären. Du sagst, hey, liebe komische Leute hier in der ÖV. Ja, die sind ja immer komisch, die Leute in der ÖV. Ausser natürlich Specko. Ja. Schaut mal, was ich da schaue. Und darum lache ich. Das müsst ihr anschauen. Du munterst mich an schlechten Samstagen auf und lenkst vom Schlechten ab. Oh, Jutti. Oh. Danke für die netten Worte. Natürlich ist es nicht schön, dass es schlechte Samstage gibt, aber es ist halt leider normal, dass es auch schlechte Tage gibt. Chat. Aber wenn ich letztlich ablenke, dann ist das natürlich schön. Ja, das freut mich riesig. Aha. Oh. Chat. Carnage auf dem ersten Platz. Und, ja, auf dem ersten Platz. Holt sich den ersten Platz. Pagania kommt auch noch. Pagania gut unterwegs. Mit dem 2. Merre auf dem 3. Swissler kommt, sichert sich Platz 4. Jutti auf dem 5. Chief Rocker auf dem 6. Let's go. Chief Rocker, du bist vor Steampunk Lady ins Ziel gekommen. Sabi mit dem Platz 8. Mir ist schwindelig, halt mir einen raus, bitte. Bist du immer noch drin? Oh mein Gott, Tommy. Du hast auch das Gaudi mit dem Speck. Jetzt hat es dich verbrutzelt, by the way. Das ist das Feuer gekommen. Schmarz, jetzt musst du noch ein bisschen vorwärts machen. Das Feuer kommt. Und das ist durchsichtig. Oh shit, verbrutzelt. Oh, Leute. Wer auch immer das Lied von Parov requested hat, ist der geilste Sieg. Schauen wir gerade schnell. Ist das der Song, der gerade läuft?
Römer? Hä? Römer, hast du gehört? Hast du gehört? Wow, mega viel rausgehauen, tatsächlich. Aber das sind mehr als 20%, oder? Wir haben den Filter gesetzt auf Elimination Rate unter 20%. Ich glaube, ich muss nächstes Mal irgendwie auf 10 oder so setzen. So, Chat, wir gehen weiter auf die 4. Map. Malicious Magic Island. Ausrufezeichen Play in Chat. 90 Sekunden. Ausrufezeichen Play Chat. Kommen alle rein. Der Römer ist halt geil. Der Römer ist halt geil. 1 Minute Chat, Ausrufezeichen Play. Haben wir eine Prediction am Laufen? Yes. Wer kommt zuerst ins Ziel? Geil. Swissler versus Steampunk Lady. Könnt eure Kanalpunkte noch verwetten, wenn ihr wollt. Wow. 10.000 Punkte auf Steampunk Lady. Ihr wisst ganz genau, was ich mache, aber ich bin zu langsam, Chat. Ich kann euch jetzt schon sagen, ich bin zu langsam für das. Sorry. Da bin ich zu langsam. Ist die Prediction schon lange vorbei, wenn Troilina mal das Knöpfchen gefunden hat? Ja, vielleicht nachher. 18 Sekunden haben wir noch Zeit für Prediction. Und für zum Joinen auch. 3030 versus 10.176 Kanalpunkte. Holy shit, Chat. Holy shit. Catchy Song. Ich verstehe kein Wort, aber es ist catchy. Traffic, Mann. Traffic. Passt irgendwie noch gut zum Marble, so eine Scheiße. So. Sabi. Sabi im Schlitz unten, Pagania auch im Schlitz. Viele sind im Schlitz, alle kämpfen sich um ihren Platz im Schlitz. Hey, listen. Ja, mach Finnchen, sehr gern. Mach irgendwie 30 Minuten oder so. Vielleicht machen wir sogar nachher nochmal 30 Minuten, je nachdem. Abstand noch, Abstand. Meere in Führung, ja, das. So, Meere in Führung. Hat da noch ein bisschen Mühe. Oh, Tommy Blaze kommt durch, aber auch. Ja, Meere ist schneller, Meere ist sauber durchgekommen. Juti ganz sauber durchgekommen. Ah, die Kamera, ne? Funktioniert nicht so, wie ich es gerne möchte. Wie redest du denn mit uns? Da im Schlitz und so? Ja. Im Schlitz drin, alle. Ja? Alle sind drin. Ja? Traffic. Chat. Traffic. Pain in my heart. Juli, ja, Jutti, du bist ganz gut unterwegs. Hey. Vader. Come on, Dorothy Marcy. Dorothy Marcy? Yoda? Aha, okay. Oh, Jutti, du musst jetzt aber langsam musst du hier durch, Jutti. Okay, gut. Mehr kommt. Mehr, mit... Mehr. Gute Geschwindigkeit.
Überholst Juti noch? Ich weiß es nicht. Juti flüchtet in die erste Schaufel rein, wo sie verwünscht. Mere geht wieder zurück. Ich weiss nicht, wo es durchgeht. Juti, vor dem Ziel, ich glaube, das wär's. Juti, du holst dir den ersten Platz. Oh, ist noch nicht vorbei? Ah, jetzt, okay. Erster Platz, Juti. Aber Obi-Wan. Wieso brenne ich überhaupt Obi-Wan? Wieso brenne ich? Obi-Wan, schau da drauf. Schau schnell da drauf. Eine schnell da drauf schauen, Obi-Wan. Nein, schau jetzt da drauf. Das ist kaputt. Das ist jetzt der neue Running Joke, oder? Also, als das Ding vibriert, Chat, oder? Es vibriert an, Chat. Gut. So, Chat, nachher weiter. Da. Wir haben auf Platz Meere. Auf Platz 2 Meere. Dann Äpfelmost, Tommy. Steampunk Lady, Chief Rocker, Fienchen, Sabi, Sir Simple und Swissler. Steampunk Lady vor Swissler ins Ziel gekommen. Let's go. Schmarz, schaffst du es noch ein bisschen, bevor das Lied fertig ist? Es hat dich noch verbrutzelt, oder? Scheiße. Ich bin der Vater von Murmel 5. Let's go für Gipfelis! Darth Vader ist heutzutage doch Dark Daddy. Oh, Dark Daddy? Es gibt nur ein Daddy. Ja, das ist das Quan Chi. Ich gehe wieder ins Spawn. Ich merke wieder retour. Die Nase voll. Jetzt komme ich irgendwie nicht mehr so fürsch mit meiner Kugel. Ich noch mal schnell schauen. Das ist schon wieder vergessen. Ja, die NF, es hat die halt noch verbrutzelt am Schluss. In the heart of the stone, Chat. Was ist denn für ein Lied? The light is painting me. Chat, wir gehen auf die nächste Bahn. Clean up fall. Ausrufezeichen Play in Chat. Aber ist das ein Clean-up? Wieso hat es mir jetzt ein Clean-up-Map reingenommen? Chat ist jetzt halt auch so. Das ist eine 15-Sekunden-Map. Also überlegt ganz gut bei der Prediction dann auch. He? Ganz gut überlegen. What the fuck? What the fuck? Double-Click, nice one. Double-Click, grüezi, wie geht's? So schön, dass du da bist. Denkt dran, das geht runter und direkt ins Ziel rein, Chat. Irgendwie. Ich weiß aber nicht, wieso wir jetzt da so kurze Maps drin haben. Wer kommt zuerst ins Ziel? Steampunk Lady vs. Sir Simple. Schaut aber auch die Startpositionen an jetzt. Steampunk Lady ist hinten, bekommt mehr Schwung. Sir Simple ist weiter vor. Also ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Der Sir, grüezi, der Sir. Wie geht's dir, mein Lieber? Schön, dass du hier bist. Und schön, dass du mitrollst. Wie gesagt, das ist eine Clean-Up-Map, aber ich weiß nicht, wieso es mir jetzt eine Clean-Up-Map reingenommen hat hier. The fuck? Aber ohne Scheiß. The fuck? Da kommt mir ein Video in Sinn. Ich weiß nicht, ob euch das gleiche Video in Sinn kommt wie mir. Hey, der Sir, danke dir für den Follow. Willkommen hier bei mir. Der Sir, verstehst du Schweizerdeutsch? Wenn ich Schweizerdeutsch rede, verstehst du das gut? Aber sonst auch kein Problem. Einfach fragen, wenn du was nicht verstehst. Grüezi! Ja, schreibt sogar Grüezi. Ich habe vorhin gemeint, dass mein Handy vibriert.
Das mit dem Vibrierton ist so verwirrend. Ich habe schon zweimal gemeint, das läutet mir jemand an. Geil, wie ihr es macht, Chat. Geil, wie ihr es macht. So, wir rollen los. Wir haben ein paar Kanalpunkte verteilt. Ja, kurzer Spass wird das sein. Aber da muss ich schauen, für das Event muss ich schauen, dass ich keine Cleanups drin habe. Schwarz auf dem Platz 1. Ja, das war's schon. Ich kann nicht einmal gescheit vorlesen. Hey Troy, kommst du zum Schuli? Zum Schuli? Chat, wir gehen schnell durch. Schwarz, Sir Simple Style, Whistler, Carnage, Airfighter, Fienchen, Sabi, Yuti, Tommy. Was war es? Sir Simple versus Steampunk Lady. Ganz klar, Sir Simple hat gewonnen. Ne? Ich hoffe, man hat nicht noch mehr Clean-Up-Bahnen drin. Da würde man ein bisschen angurken. Ich verstehe es zum Teil, aber das klappt schon. Okay, und Sir, einfach fragen. Ne? Wenn du Wörter nicht verstehst, frag ungeniert in den Chat rein. Alle helfen da auch gerne. Und ich mache es ja immer auch so. Ich kommentiere dann auch auf Hochdeutsch, wenn du Hochdeutsch schreibst. Ne? Also ganz klar kein Problem. Für mich zum Schotter. So, Chat. Wir gehen weiter. Was ist denn da für ein schöner Song, Chat? Wunderschöner Anfang vom Song. Hängen sie der Body? Oh, Laurent und Max. Chief Rocker, nice, geiler Song. Wir gehen weiter zu Dark Colorful Track. Ausrufezeichen Play in Chat. 90 Sekunden. Fuck, man, das verwirrt mich jetzt. Chat, haben wir den Song schon mal gehabt? Den Song gibt es in Nord... Aha. Ja, jetzt ist es Sache. Welcher Song? Oh, Prediction ist am Laufen. Schafft es Schmarz in die Top 5, Chat? Top 5 Schmarz, ja oder nein? Kanalpunkte wette. Geiler Song. Geiles Cover. In der Body hängen, immer gemütlich. Also ich habe es heute noch nicht gehört. Nein, heute haben wir es definitiv noch nicht gehabt, aber ich glaube, wir haben es schon mal gehabt. Also Laurent und Max haben wir definitiv schon mal gehabt. In der Vergangenheit. Sind ihr alle dabei, Chat? 30 Sekunden. Ausrufezeichen Play. 15 Kugeln sind drin. 15 Murmeln sind drin, Chat. Nick ist auch noch dabei. Carnage ist auch noch dabei. Blatsch ist auch noch dabei. Let's go. So, wir rollen los, Chat. Also, wieso sind die Maps eigentlich immer so dunkel, Mann? Wir dürfen halt nicht sehen, was abgeht auf den Maps, hä? Aber da verstehe ich, ohne Scheiß, da verstehe ich nicht. Da gibt sich jemand Mühe, so eine Map zu bauen, oder? Stunden Arbeit hier für die Map. Und dann ist sie einfach dunkel, damit man einfach gar nichts mehr sieht. Hangs in the body. Hangs. Let's fucking go. Wirklich geiler Song, geiles Cover. So, Carnage versus Schmarz haben wir hier in Führung. Hey.
Carnage, der gumpert noch ein bisschen rum. Ja, ist gut für die Aerodynamik. Gumpen im Dunkeln. Dass ihr überhaupt wisst, wo es durchgeht, Carnage und Schmarz. Whistler ist auch da. Whistler überholt fast Schmarz. Vor dem Ziel, vor dem Ziel. Oh mein Gott, Schmarz. Jetzt geh doch rein. Das Ziel ist vor deiner Nase. Carnage auf Platz 1. Apfelmonster auf dem 2. Meres Abis, Whistler, Nick, Steampunk Lady, Schmarz, Simple, Sir. Das finde ich auch geil. Man hat den Sir Simple und der Sir. ich habe das Gefühl, da muss mal jemand befördert werden zum Lord. Ja. Lord Simple oder der Lord. Chat, was haben wir für eine Prediction? Schmarz Top 5? Nein. Leider nicht. Glatteis Autobahn. 200 km/h ist aber ein bisschen gefährlich, Chat. Bei Glatteis. Ich könnte wahrscheinlich das Spiel schon heller machen, aber dann haben wir auch andere Maps, wo wir dann einfach geflashbangt werden. Gut, wenn natürlich 90% der Maps so dunkel sind, ja, dann macht es vielleicht Sinn. Nina Kuba. Glatteis bei Nina Kuba von Schmarz gewünscht. Ja? Catchy, Schmarz, catchy Song. So, wir gehen auf die nächste Map. Astonishing Dashing Amusement. Ausrufezeichen Play. 90 Sekunden, Chat, 90 Sekunden. Lord, wo mein Anwesen mit 10 Klos. Ja, hä? Pro Flügel 3,333 Klos. Nein, das stimmt gar nicht. Machen wir 2,5 Klos pro Flügel. Mit was wird hier poliert? Nivea, Chlor, Babyöl. Oh, Prediction, wer kommt zuerst ins Ziel? Der Sir versus Whistler. Und das wäre jetzt geil gewesen, ne? Der Sir versus Sir Simple. Das wäre jetzt richtig geil gewesen. Gipfelis Juti! Ausrufezeichen Play, Chat. Ausrufezeichen Play. Chat. Die besten Gipfelis. Die gibt's ganz klar bei Jutis Gipfeli. Frisch aus dem Gebüsch. Tommy, ich glaube, du bist ein bisschen spät. Du bist ein bisschen spät. Oh, Pagania gut unterwegs. Finchen auch gut unterwegs. Sabi. We will rock you. Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. We will rock you. We will rock you. So, wir haben Nick, Sabi und Finchen in Führung. Alle wollen gewinnen, alle wollen den ersten Platz, Chat. Oh, noch nicht. Ah.
Dolphinchen? Sabi? Wo ist das Ziel? Ja, wir sind noch nicht direkt vor dem Ziel. Wir haben noch ein bisschen einen Weg. Holy shit. Mein Kugel ist wieder nirgends. Boost! Jetzt gibt es mal einen Songboost, ja? Wirst ein bisschen wilder. Hey, nix Boost. Boost. Bring your own boost, Chat, huh? Was, Boo? Boobs! Nicht Boobs. Mehrere Steampunk Lady. Steampunk Lady hat das Loch schon gefunden. Hat das Loch gefunden, direkt das Herz erobert. Sir Simple, no! Bye bye, Sir Simple, bye! Ja, aber was ist das für eine Map? Hey? Ist da unten das Ziel? Holy shit, okay, da unten ist das Ziel, Chat. Also wir haben auf Platz 1 Steampunk Lady, dann Meere, Äpfelmost, der Sir, oha, der Sir, dann Sabi, Airfighter, Style, Pagania, Schmarz und Yuti. Somit der Sir vor dem Swissler ins Ziel gekommen. Lag wieder richtig. Aha, look jetzt, look jetzt. Ganze Zeit so gut dabei. Oha. Oh, mehr. Hast du schon einen Streamer rausgesucht? Ja, wenn ihr jetzt genau schaut, wisst ihr sogar, wie gut dass ihr unterwegs sind bei der letzten Map. Und wir gehen, also bei der vorletzten Map jetzt, wir gehen jetzt in die letzte Map rein vom Grand Prix. Evil Angelic Sculpture. Ausrufezeichen Play in Chat. 90 Sekunden, lieber Chat. Und der Strohhut Dave ist auch hier. Der Strohhut Dave. Guckt mal mit seinem Standardskin. Aber Strohhut Dave. Kann man denn mit einem Standardskin überhaupt gewinnen? Hä? Dave, wie geht's dir, mein Lieber? Wie war deine Woche? Alle einig, Ausrufezeichen Play in Chat zum Mitrollen. Letzte Bahn in diesem Grand Prix. Nachher verteilen wir 500 Biddies. Wir haben noch eine Kanalpunkte-Wette. Schafft es Pagania in die Top 5? Ja oder nein? Wir haben dafür 10 Kanalpunkte auf Nein. Wir haben 20 Kanalpunkte auf Ja. Ja. Könnt dort eure Kanalpunkte noch verwetten? Nein, kein Klebi. Wer nackig ist, kann gewinnen. Das ist natürlich, das ist wieder die Aerodynamik. Ne? Der Dave hat die Strats, oder? Das ist schon unglaublich. Winning Strats vom Dave. Einfach nackig sein. Ich bin so tot, ich schlafe so schlecht seit Wochen, weil zu viele nervige Termine. Oh no! Sollte sich aber ab nächste Woche regeln wieder. Hey Dave, dann hoffe ich doch, dass das auch der Fall ist, dass es nicht mehr so stressig ist. Ne? Und Schlaf ist wichtig, Dave.
Oh, Mere. Pagania. No, Pagania, roll doch auch weiter. Oh, Mere, geht wieder zurück. Alle gehen wieder zurück. Perfekte Musik für das Spiel. Ich verstehe nur, wie bei die Bahnhof. True, ich auch. Aber ich habe das Gefühl, das ist so Feel-Good-Text, oder? Feel-Good-Lyrics. Versteht es irgendjemand? Versteht irgendjemand die Sprache? Mere versus Fienchen? Oha. Mere halt wirklich wieder gut unterwegs. Holy shit. Was war das gewesen? Jetzt bin ich verwirrt. Ist das ein Portal gewesen? Mary, ich weiss nicht, was du machst, aber... Es sieht gefährlich aus, sieht gefährlich aus. Oh mein Gott. Oh, Mary, roll doch einfach durch, Mary. Das Ziel ist ja... Äpfelmast auf Platz 1. Äpfelmast auf Platz 1. Dann haben wir Swissler, Juti, Nick, Schmarz, Mr. Blatch, Pagania, Merre. Auf Platz 8. Why? Sty und Steampunk Lady auf den ersten 10 Plätzen. Noch schnell Pagania Prediction auflösen. Top 5. Nein, leider nicht. Leider nicht. Chat. So, wir gehen schnell in unser Local Leaderboard schauen. Local Leaderboard. Haben wir alle, oder? 8 von 8. Let's go. So, 500 Biddies verteilen und wir schauen jetzt, wer sich ein Streamer oder Streamerin wünschen darf. Chat. Gemäß Local Leaderboard. Fienchen, immer wenn du schreibst Perdo, kommt mir echt der Bert in den Sinn. Weil er hat ja auch das Perdo drin. Chat. Wir haben auf Platz 3. Ja, Platz 3. Chat. 3. Oh! 3 haben wir Chief Rocker 01. Chief Rocker geht jetzt zum 3. Platz. Dann haben wir auf Platz 2. 2? Das habe ich leider nicht. Haben wir Juti auf Platz 2. Juti geht jetzt zu Platz 2. Ich frage mich jetzt, ob es Mere ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist Mere, aber ich weiß es nicht wirklich. Aber natürlich, es kann nur eine oder einen geben auf Platz 1. Und zwar Mere auf Platz 1. Und einfach 3 Standard-Skins. Ne? Love it. 3 Standard-Skins. So muss es sein. Die Aerodynamik siegt, Chat. Und Gurke fängt auch mit G an. Mhm. Oh, Joti, gehst du schlafen? Erstens mal, Mere, hast du einen Streamer oder Streamerin, wo wir 500 Bits reinschicken können? Jemand, wo du denkst, hey, diese Person hat es jetzt verdient. Am besten jemand, der live ist, damit wir eine Reaction haben.
Ja, lass dir Zeit, such dir jemanden aus. Ich tue mich in der Zwischenzeit noch schnell bei der lieben Jutti verabschieden. Ich tue da noch schnell die Kategorie wechseln. So. Also, gute Nacht, Jutti. Hoffentlich träumst du von einem fantastischen Gipfeli-Buffet. Oha, ein Gipfeli-Buffet. Auf dem Bananen musizieren. Ja. So halbe Gipfelis und dann noch die Banane. Und fliegen. Eine Bananenflugshow veranstalten. What the fuck? Schlaf gut und bis bald. Aber Jutti, ich glaube, für so Träume musst du zuerst noch ein paar Drogen reinmachen. Ein paar Drogen. Hey, Jutti, schön warst du hier. Ich wünsche dir eine ganz gute Nacht. Schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. Schönes Lied, Chat. Müssen wir schnell schauen, ob Mary schon geschrieben hat. Ja, noch nicht, aber kein Stress. Mary, wirklich kein Stress. Schau schnell, ob Mary schon geschrieben hat. Noch nicht. Der Chin. Alles gut. Der Chin. Leider nur ein Traum. Ich wäre immer noch ganz bescheiden für mich. Ich nehme dir sonst eine Reaction auf und gebe sie im Discord. Schönen Sonntag und Stream euch, Herr Jutti. Danke dir, danke dir. Dir auch. Schmarz meldet sich freiwillig als Tribut. Also, rüstet Schmarz bitte aus mit Pfeil und Bogen. Ja? Let's go. So, Chat, wir gucken kurz hier. Falsch. So. Ah, stimmt. Du schnell die Musik pausieren, ist ein wunderschöner Song, aber wir pausieren schnell, damit wir den Chin ein bisschen hören. Perlenjäger haben wir auch schon down. So. Also, wir tun beim Chin 500 Biddies reindrücken, Chat. Und Maren, du kannst jetzt entscheiden, entweder schickst du mir schnell einen Text, den ich dazu soll schicken. Das kann sein Grüße von Maren oder irgend sowas. Oder du sagst, nein, wir wollen einen Frankenstein-Text. Und dann tue ich zusammen mit euch allen einen Text zusammen dichten. Der sehr weird und verwirrend wird sein. Also Maren, Frankenstein oder... Okay, Frankenstein, let's go. Dann Chat ab jetzt. Moment noch schnell. Noch nicht ab jetzt. Kurz Chat lesen, weil sonst lese ich das nachher nicht mehr. Von 2K Kanalpunkt auf 7K hat sich ja gelohnt. Nick, nice. Nice. Also Chat, ab jetzt Wörter, Sätze in Chat rein bei mir. nicht beim Chin, ne, bei mir. Und ich setze das zusammen mit 1000 Bits. Ich mache 1000. Ne? Mach 1000 Bits, weil der Chin das ist ein guter. Da runde ich auf. Cerilo, Hallöchen. Da runde ich auf, Chat. Chef Bier. Inkuma. Mr. Miyagi, Hallöchen. So, Hallöchen. machen wir das Thumbs up, 1000. Du bist dafür verantwortlich. I see. Ich drehe am Rad. Hey, das ist so schön. Ich drehe am Käsekuchenrad. Okay. Ja, wir müssen da... Oh, da ist noch der Strohhut, Dave. Der ist auch noch... Ihr habt das Chatting, ihr habt doch safe auch was gespielt, oder? Der Hell. Also, ich drehe am... Ich muss hier grösser machen. Ich drehe am Käsekuchenrad. I see. Vielen Dank. Vielen Dank für den Raid. Hallöchen, Leute. Wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend. Während ich Hot Dogs... Gespielt, oder? Während oder habt ihr was ganz Bestimmtes? Hot Dogs snacke.
Bits soll es regnen. Und Hard Gold. Ey, ich habe Und schon von einigen Leuten Chat gehört. Und von einigen Leuten, wo ich sagte, glaube, dass die meinen... Bits soll es regnen. Ja, was heißt Geschmack? Aber die so... Also wo ich glaube, dass so der Spielegeschmack... Was ist mit dem Super Bonus? Gehört der auch dazu, Mere? Die meinen, dass das Pokorogue unglaublich Jetzt bin ich verwirrt, Mere. überlegen, ob ich mir das mal anschauen Sonnenschein nehme ich mal rein. Bits soll es regnen. Danke dir für den Follow. Wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Das Das wäre vielen Dank. Vielen Dank. Bits soll es regnen Dem kann ich nur zustimmen. und Macht's der richtig. Sonnenschein. Ja, ich glaube, da muss ich mir das wirklich mal angucken. Warte mal. Geh mal Was in mache die ich da? Farbe rein. Und Sonnenscheins soll es scheinen. Genau so, das ist perfektes Deutsch, Chat. 5 Tage Spielzeit, also Pokorogue macht süchtig, ja. Aufs ich hab das so ein bisschen Nüssen. bei Dingens jetzt gehabt. Aufs Also Nüssen. Roguelikes waren eigentlich erstmal gar nicht so meins. Ne? Dann habe ich Brotator ausprobiert. Die sind gar nicht so scheiße. Sonnenschein soll es scheinen aufs Nüssen. Sehr hohe Was haben wir noch? Was haben wir noch? sowas schon auch Und gern zu keine haben. Seele wird verloren. Okay, das nehme ich noch drin. Jo, Jan. Abend. Und keine Seele wird verloren. Eieiei. So, und bei euch gibt es dann hauptsächlich Pokémon-Content oder was macht ihr? Also Keine was Seele wird viel spielt ihr verloren. sonst So wie diese Schönheit von Helene Fischer. Helen Fischer. Hey, ich mache hier Copy-Paste, Chat. Copy-Paste, inklusive Schreibfehler. So, Praise the Sun, so schließen wir ab. Ist echt gut gemacht. Also Chat, wir haben unseren Text. Ich drehe am Käsekuchenrad, während ich Hotdogs snacke. Und Chat sagte, Bits soll es regnen und schon... Ich kann nicht mal das Wort richtig sagen. Und Sonnenscheins soll es scheinen aufs Nüssen. Und keine Seele wird verloren. So wie diese Schönheit von Helen Fischer. Praise the Sun. Immer ganz, ganz wichtig. Chat, Wenn man eine Webseite anwählt. wie immer mache ich da noch schnell Chinpans. Die Landingpage Ist das bei mir? Danke. Chat, also wir sind hier beim Chin. Und Tim, danke dir. Schreibt doch auch schnell ein paar nette Worte in meinem Chat rein, wenn ihr wollt, ihr müsst nicht. Einfach ein paar nette Worte. Ich schicke die Biddies ab. Ja. Wie sieht es aus mit... Yo, Troy, Alter! Chin, Mann! Troy, Alter, vielen Dank, Mann. Troy, vielen Dank. Vorlesen jetzt! 1000 Biddies, Mann. Holy shit. Vorlesen jetzt! Bei dir soll's aber auch Ich Bits drehe am regnen XP. Käsekuchenrad, während ich Hotdogs snacke und Chat sagte, Bits soll es regnen und Sonnenschein soll es scheinen aufs Nüsschen. Und keine Seele wird verloren, so wie diese Schönheit und Helen Fischer. Praise the Sun. Try, Alter. Let's go! Holy shit, vielen Dank. Also der Chin, Chat, das ist ein ganz guter. Ihr merkt es jetzt schon, ne? Das ist ein guter. Ich wollte gerade sagen, Troy ist doch gerade on-stream. Ich hab's doch vorhin noch gesehen. Holy shit, Mann. Let's go. Also unbedingt schaut da vorbei, schaut da ein wenig rein, wenn es euch gefällt, Chat, dann follow da. Vielen Dank für 1000 Biddies, Mann. Hey, Nicoline, are you insane? Ich muss hier den Chin mal wieder leise machen. Merci mehr für die Wahl, Chimpanzee, sehr gute Wahl. Ne? So, und jetzt aber Nicoline. Bei dir soll es aber auch Bits regnen. What the hell, Nicoline, merci vielmals für 1200 Biddies. What the fuck? Neko, danke für den Support, das wäre doch nicht notwendig, ey. Danke dir. Mega lieb, mega lieb. Holy shit, wie geht's dir denn? Wie geht's dir, Neko? Schön, dass du hier bist. Danke für deinen Support. Aber der Chin, ne? Der Chin ist ein guter. Ja, sag's nur. So, Chat, noch schnell ein bisschen nachlesen. Wie von Goethe persönlich hat das so. Ja.
Besser als Goethe. Hm? Besser als Goethe. Dichter und Denker hier. Perfekt. Jin, echt ein Sweeter. Ja, ja, absolut. Er ist auch viele so Souls-like-Spiele unterwegs, aber manchmal ist es eben wirklich, manchmal packt mich das extrem. Wenn er so struggelt, und er ist gut, der Jin ist gut. Aber der Struggle manchmal, der packt mich richtig und da kann ich Kokainum. Kokainum. Jenny, merci vielmals für 100 PDs. Danke, Jenny. Geht es dir schon wieder besser, Jenny, wenn ich fragen darf? Kopfweh ein bisschen besser? Wilde Sache. Auf heute mit 2 Stunden Schlaf arbeiten gewesen. Oh no. Hab dann von 18 bis 20 Uhr schlafen wollen. Ja, nee, ist 22 Uhr geworden. Und habe bis jetzt Ghostwire Tokyo angefangen. Das habe ich noch nie gezockt. Also Ghostwire, das ist ein Spiel, oder? Und mache ich jetzt da durcheinander? Ich glaube, das ist ein Spiel. Ja, mit 2 Stunden Schlaf arbeiten gehen ist halt, das ist nicht toll. Ne? Ich hatte das auch schon. Es gibt halt immer mal wieder Nächte, wo man nicht richtig schlafen kann. Aber dann ist man einfach immer so müde und mag einfach nicht. Und das ist richtig mühsam. Aber jetzt hast du noch nicht geschlafen, Neko. Ja, aber hol dann den Schlaf noch irgendwann nach. Das ist wichtig, Schlaf. Egal wie du dich... An den habe ich eben auch gedacht. Egal wie dicht du bist. Goethe war Dichter. Da gibt es ein paar ganz gute, die ich echt geil finde. Es gibt auch einen mit dem... Ich sage jetzt den Namen nicht. Nein, das machen wir nicht. Dieser Name gehört hier nicht hin. Ne? Aber ihr wisst sicher, was ich meine. Und es ist verdammt gut. Oha. Unter welches Genre geht denn das Spiel eigentlich, Neko? Ist das... Ja, zum Teil ist es aber auch schwierig. Aber ich frage jetzt mal so, wenn ich fragen will, ist es was für mich, dann frage ich, hat das Spiel viel Story? Ist es story-driven? Oder ist es eher so, hat ein bisschen Story, aber vorwiegend Gemetzel oder so? Nicht so wirklich, aber nicht tragisch, kommt er schon wieder. Danke der Nachfrage. Okay, Jenny. Ja, dann weiterhin gute Besserung. Doch, aha. Oh mein Gott, okay, dann habe ich es falsch gelesen. Nee, ich habe es falsch verstanden, weil du geschrieben hast, du wolltest schlafen. Aber du hast auch geschlafen, es ist nur später geworden. Okay, nee, dann ist ja gut. Dann hast du ein wenig Schlaf bekommen. Egal wie hart du bist, Albert war Einstein. Das ist so gut. Swissler, merci für deinen Lurk-Support. Danke vielmals. Hat mit Magie, Geister und Yokai. Oh, Yokai, habe ich letztens ein Video gesehen. Oh, Chat, ich weiß sogar welches. Ich habe mal erzählt, ich schaue im Moment so viele Gronk-Videos. Wirklich. Ich schaue gefühlt jedes Gronk-Video auf YouTube, was es gibt. Und er halt reactet auf so Zeug. Das ist irgendwie mega unterhaltsam. Und dann ist es irgendwann um Geister gegangen, um die Yokai. Wegen dem. Aber die Schocker sind echt nicht leicht zu verarbeiten manchmal. Und ja, das ist Defo Story-driven, auch mit Kapitel. Okay, hey, interesting. Hast du das auch gegeben, das Video? Pfumost, hast du das auch gegeben? Wo, ich weiß aber nicht, er reactet auf so ein Video, wo sie in so ein altes Hotel gehen, wo man sagt, es spuckt. Ja, das ist in Japan, ich glaube, es ist in Japan und so. Und dann sagt man eben, dort wohnen Yokai drin. Yokai sind halt die Geister oder eine Art von Geister. Die Phasmo spielen, wissen Bescheid. Noch nicht? Okay. Du schaust allgemein Gronk-Videos in dem Fall, das meinst du wahrscheinlich. Mann beim Floristen. Den lassen wir uns vorlesen, Chat. Den lassen wir uns vorlesen. Mann bei Floristen, ich brauch Blumen für ein Date.
Die Verkäuferin, na, Sie wissen ja. Schenkst du ihr Rosen, wird sie dich liebkosen, schenkst du ihr Narzissen, wird sie dich küssen. Der Mann, dann nehme ich einen Strauß wicken, bitte. Das war gut. Love it. Fähnchen. 5 von 5 Gipfeli. Ein Strauß wicken. Wurde gut. Wem juckt das Ei? Oh, jetzt aber nicht. Wem juckt das Ei? Oh mein Gott, ja, das mit dem angeblichen Kabel. Das Kabel an der Tür. Wegen der Alarm. Hey, das Originalvideo ist echt so lame. Es ist so lame. Gut, er wird selber verarscht. Das heißt, ihr müsst halt schauen, wenn ihr jetzt nicht wisst, um was es geht. Aber das Originalvideo, wo der Gronk darauf reagiert, ich weiss nicht, von wem das ist. Das ist halt eigentlich auch schon mega unbeeindruckend. Das ist immer so ein Spannungsaufbau. Aber das Geilste finde ich, mit dieser blöden App, mit dieser scheiß App, die sie haben, Mann. Und dann habe ich mir gedacht, hey, wollen Sie mich verarschen? Mit dieser scheiß App, wo nachher der Geist über die App kann kommunizieren mit einem, oder? Da muss man so die App öffnen und dann einfach so anheben und dann fragen. So, bist du hier? Und dann tut die App, also der Geist, nein, nicht die App tut die Antwort, aber der Geist bedient das Smartphone und gibt Antworten. Hey, so Zeug. Und so blöd, wie eigentlich das Originalvideo ist, mit dem Gronk als Reaction dazu, ist es auch mega unterhaltsam. Ich liebe seine Videos, wirklich. Und die Grafik, oh mein Gott, das ist wunderschön. Hat mit Raytracing Ultra Ryzen 7 CPU und RTX 4070 konstante 164 FPS. Holy shit. Okay, nice. Habe ich auch gesehen, oder einen mit denen, wo er reist, der haut sich einfach das Bier rein. Dort habe ich schon gedacht, sie gehen jetzt zu diesem Hotel, oder sie müssen sich noch reinschleichen, weil dort darf man ja gar nicht hin. Und kaum sind sie vor dran, der andere macht sich ein grosses Bier auf, fällt das auf, und dann denkst du so, aber ihr nennt das jetzt nicht, also kein Wunder, sehen der Geister, wenn ihr so sauft. Schenkt der Frau einen Hasen. Okay, let's go, Calls. Huh? Nice one. Skabu ist ein Witz. Skabu? Das Skabu, mein Gott, jetzt habe ich einen Moment gebraucht. Skabu, ja. Und sie denken so, wow, da ist es so. Was hat er gesagt? Ja, sie sind irgendwie so gesichert und gefährlich und so. Und da denkst du so, what the fuck? Das ist gar nicht verbunden, Mann. Geister haben eigentlich alle Bluetooth. Ja, Herrgott, dann noch eins. Was schreibt der Bot? Welcome to 2024. Geister haben sicher alle Bluetooth. Herrgott, dann. What the fuck? Die Witze sind ja der Hammer. Das Geilste auf dem angeblich heiklen Hinweg, wo sie nicht verwünscht werden, halten sie an der Tankstelle an. Und so true. Und er halt nochmal 3 Bier. Gesichert und die Polizei überwacht. Und die Tür ist einfach offen. Ja, es ist schlimm. Ja, es ist eben, also meistens ist es so ein bisschen, das Originalvideo ist eigentlich fast 90% pur cringe. Vor allem, weil du nicht weisst, hey, verarschen die uns Viewers jetzt eigentlich. Aber am Schluss merkst du ein bisschen, eigentlich der Dude, der das Video aufnimmt, wird von den anderen 2 nicht eigentlich verarscht, auch wenn sie es nicht zugeben. Das sind halt alles so ein bisschen Geschichten von besoffenen Personen gewesen, schlussendlich. Ja. Ja, diese Videos. Aber hey, ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Die Gronk-YouTube-Videos sind wirklich mega unterhaltsam.
Wo er so ein bisschen auf Videos reactet und so. Das Kabel an die Türen, sie schieben hohen Stress, dabei ist es der Draht, der die Tür runtergeht. Ja. Es ist eigentlich nichts. Wenn man aus Versehen mit der falschen Person schläft, hat man sie dann verknallt, sich dann verknallt. Das wäre Zeit für eine Bewertung. Chat. Da gibt es ganz klar 2 Will Smiths von 5 Will Smiths. Ja. Und es kommt nochmal. Da ist irgendetwas kaputt. Midnight it is. Geister stunned begun hot. Boo. Der Yoda auch gut. Hat er jetzt noch Boo gesagt am Schluss? Muss ich noch mal schnell lesen. What is this show, Rick? It's an alternate universe where humans all look like this dipshit here. They call him Troy Hammerin. He does that thing where he says that he's going to play a game, but ultimately he never plays it. They call it hashtag eventually some gameplay. What a bunch of fucking weirdos. Chat, haben wir das Gameplay? Was meint ihr? So ein bisschen Alan Wake, Night Springs Gameplay. Aber vorher würden wir noch schnell eine Pause machen. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Okay, schön. Yakari, grüezi, ein freundliches Wuff, Wuff. Grüezi, wie geht's dir? Oh, okay, Yakari, wait a second. Wie nennt man einen Schlafanzug für 3,14 €? Ein Pyjama. Schwierig, jetzt dann schwierig hier eine Bewertung abzugeben. Ja, Kari, ich würde jetzt sagen, ich gebe auch da 2 Pizza Hawaiis von 5 Pizza Hawaiis. Ganz klar. Ja, Kari, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Und Leute gehen noch schlafen. Ich schaue schnell, dass ich nicht überlese. Flattern Wetter. Ja, nein, Sabi, jetzt gehst du nicht ins Bett. Jetzt gehst du nicht ins Bett. Hat der Bot von selber den Befehl getriggert? Oh, welcher jetzt? Simple. Bin ich mir nicht sicher. Aha, das ist ein Random Easter Egg. Ja, Random Easter Egg. Richtig simpel. Er hat selber triggert, aber indirekt. Finde ich ja nicht eigentlich der Bot triggert. Der war nicht schlecht. Gute Nacht, ich gehe auch grad, mach's gut. Also, gute Nacht, Pagania. Möge der Klang von Pagan Metal deine Träume umhüllen, während du auf dem Motorrad durch geheimnisvolle Mystery Chests reist. Also so gross sind die übrigens nicht, Pagani, aber man kann es probieren. Träum süß und bis bald, Pagani. Schön, dass du dabei warst.
Ja, richtest dem Decor noch einen Gruß aus und gute Besserung von mir. Und mach's gut, Pagania. Schlaf gut, schönen Sonntag und bis bald. Bye bye, tschüss. -5. Der Witz ist halt nur etwas für die Intellektuellen. Schau jetzt. Für die Intellektuellen. Da sind wir eben zu dumm für so Witze, Chat. Also ich hatte ihr ein Pi gegeben. Ein Pi mit 2 Is. Egal, ich werde nicht gespoilert werden, aber endlich mal wieder ein bisschen länger können. Oh ja, es hat mich mega gefreut, Sabi. Aber das verstehe ich auch, wenn du nicht gespoilert werden. Sabi, ich wünsche auch dir ganz eine gute Nacht. Ich gebe auch noch, wenn du es noch nicht gemacht hast, noch eine gute Nacht ein. Da kann ich es noch vorlesen. Und sonst, hey, schön bist du dabei gewesen. Bye, bye. Wie nennt sich ein auf Flugzeuge ausgelegtes Messgerät, was aus einem etwa 3,14 cm langen Faden und einem Gewicht besteht, um etwas senkrecht auszurichten? Ein Pilot. This is Sparta! Leonidas hat die Bewertung übernommen für mich. Hab gestern die Milch fallen gelassen, war nicht mehr Handball. Come on, was ist hier los? Römer? Du hast gerade mit. Kannst gerade alles lachen. This is Sparta! Hey, Dicor ist noch da. Danke für den Gruß. Bin aber noch da. Nein, du musst nicht gehen, Dicor. Versteh mich nicht falsch, Mann. Aber ich habe gedacht, hey, du bist vielleicht eher so ein bisschen, du liegst vielleicht im Bett, erholst dich noch ein bisschen und darum habe ich es gesagt. Aber hey, sorry, my bad. Aber du darfst natürlich auch gehen, ich will dich nicht aufhalten. Lackierer spielen nie mit Hochglanzfiguren, sonst kommen sie nie zum Schachmatt-Finish. Oh, come on, Carnage. Aus dem Loch raus. Carnage, ich kann dich nicht weit... Endlich bräuchte ich ein Loch im Loch unten. Hey. Hey, gute Nacht, Sabi. Träum von einer Reise mit Oldtimern zum Mond, wo du Aliens begegnest, vielleicht sogar Will Smith. Lass deine Fantasie die Nacht erhellen. Sweet Dreams. Hey, Sabi, mach's gut. Schönen Sonntag auch dir. Gute Nacht und bis bald. Tschüss. Was machst du mit einem Hund ohne Bein? Okay, ich muss lachen. Das ist nicht schlecht. Okay, Schwarz, das ist nicht schlecht. Um die Häuser zu sein. Ich stelle mir es halt bildlich vor, Mann. Es ist verdammt bitter, aber ich stelle mir es halt bildlich vor. Oder? Oh, der Will. Ja, der Will ist auch noch dabei in deinen Träumen. Kobi hat ein neues Modell angekündigt. Da könnte ich wieder schwach werden. Aber da kenne ich mich jetzt nicht aus, wahrscheinlich, Yakari. Tell me more. Wissenschaftler haben herausgefunden und sind wieder... Okay, Finnchen. Sättig Liebe. Und die kommen so unerwartet schnell. Das ist so wie... Eben Flachwitz, wenn du lange so die ganze Vorgeschichte hast und das ist und bla 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 und bla bla bla. Ich liebe so Flachwitz, die unerwartet schnell zu den Pointe kommen. Den finde ich gut. Das ist wirklich gut, Finnchen. Da würde ich jetzt sogar wieder sagen 5 von 5. Hey. Was macht ein Leprakranke auf einer Party? Er lässt Fetzen fliegen. Ach, Schmatz. Ach, Schmatz. 40 Milligramm Cortison-Intus, jo. Wie ein Duracell-Häschen auf Ecstasy, das glaube ich.
Ich habe für Mittelohrentzündung Cortison bekommen, aber nicht so viel. Nicht so viel. Uff, okay, das kann ich mir mega gut vorstellen. Ja, ich hoffe so sehr, dass es gleich wieder gute Stieg kommt. Das ist mühsam, so etwas. Römer trinken doch ihren Wein aus einem Römer. Aus was trinken dann die Pariser ihren Wein? Aus einem Croissant. Jetzt hört ihr nicht auf. Ihr habt gesagt, wir wollen Pause machen, Chat. Wo bin ich? Was ist eine Fliege, die auf einem Zombiekopf fliegt? Die in einem Zombiekopf fliegt. Ein Space Invader. What the fuck, man? Okay. Insert Scene, wo irgendwas in die Lava geschmissen wird. Carnage, danke für die Idee. Was sollte ein Mann vor dem Sex trinken? Ein Kaffee Latte. Okay. Okay. 7 PM, okay, ich habe gesehen, du hast mir einen Link geschickt. Ich schaue den später, Yakari. Man bedenke, die Dinos wurden zu Erdöl. Aus Erdöl macht man Plastik. Aus Plastik macht man Spielzeugdinos. Das heißt, Spielzeugdinos sind echte Dinos. What the fuck? Das sind aber, jetzt gehen wir so richtig Shower Thoughts, oder Chat? Das ist der Moment, wo man unter der Dusche steht und so. Wow. Wow, okay. Ja, Decor in dem Sinn ist das absolut richtig. Sind die Eier eckig, geht es den Hühnern dreckig. Das ist gelb und kann nicht schwimmen. Ein Bagger. Und warum? Weil er nur ein Arm hat. Oh Mann, hey. Wieso ist das lustig? Wieso finde ich das lustig? Der ist mega unerwartet. Der Bagger ist relativ unerwartet, aber dass er nur einen Arm hat, dass das Begründung ist, das ist absolut unerwartet. Und darum ist es eben lustig. Spielzeugdinos aus echten Dinos. He? Notieren, Chat, notieren. Wie nennt man eine intelligente Blondine? Pünktli. Golden Retriever. Okay. Blondinenwitz. Chat, haben wir Blondinen hier? Ja, bitte nicht persönlich nehmen, ja, sind nur Witze. Den Mondstein fest und spür die Kraft, du kannst es tun. Oh, Lizzie, Antonio Margaretti, Lizzie Moon. Was schwimmt auf dem Wasser und fängt mit Z an? Oh, 2 Enten. Okay, das ist jetzt... Okay, nice. Das ist jetzt die Art von Flachwitz. Das ist so... Das ist einfach nur noch dumm. Ist zwar unerwartet, ja, aber es ist eben... Es ist unerwartet, aber einfach nicht befriedigend, ne? Was ist gelb und springt durch den Wald? Ach, der Postfrosch. Oh, nein. Carnage, ich glaube, du musst aufhören, ne? Du musst aufhören. Das kommt nicht, das wird nicht besser. Treu im Stream wachsen dir Flügel wie Icarus. Also genieß es und flieg nicht zu hoch. Denk an Icarus. Denn du bist heiß. Heiß genug.
Jetzt habe ich mich gerade anlängen. Danke, Tommy. Danke, Tommy. Ja. Ich versuche nicht zu hoch zu fliegen, Tommy. Ja. Ich denke an deine Worte. Und wie nennt man eine Blondine, die sich ihre Haare gefärbt hat? Künstliche Intelligenz, okay. Das ist nicht schlecht. Ja, der ist nicht schlecht. Der hat so ein bisschen das Unerwartete und aktuelle Themen. Das ist gut. Das ist gut. Was heißt Vegetarier auf Russisch? Moskau. Okay. Der Prinz ist angepisst. Rapunzel ließ ihren Haaren rund. Aber ich muss ehrlich sein, Fienchen, du hast einige gute gebracht jetzt. Einige gute, also ich lustig finde. Es ist aber auch immer, es ist sehr unterschiedlich. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, in einem Raum sind mit ein paar Kollegen und nachher erzählt mir einen Witz oder man zeigt sich ein Video und da findet es nur einer lustig. Und meistens auch nur der es zeigt. Also der Humor ist unterschiedlich, aber Fienchen hat einen guten Humor, der mich sehr gut trifft. Wenn ich auf die Arbeit komme, verstecke ich mich sofort, denn gute Angestellte sind schwer zu finden. Okay, das habe ich auch schon gehört. Was heisst Sonnenuntergang auf Finnisch? Helsinki. Okay, das ist schwierig. Er ist irgendwie nicht schlecht. Er hat etwas Kreatives. Gib mir eine Schaufel, ich kann das Loch gerne tiefer machen. Vielleicht finde ich mein Niveau. Zuerst findest du den Ballrock. Zuerst gräbst du den Ballrock aus. Troy, wie geht's dir? Lizzie, mir geht's gut. Wie geht's denn dir, Lizzie? Mir geht's gut, weil ich weiß, wie ich heiße. Bester Mann. Welche Sprache wird in der Sauna gesprochen? Oh, den habe ich halt schon ein paar Male gehört. Ne? Schweizerdeutsch. Ne? Aber hier auch ganz klar, hier sieht man auch den Unterschied, ne? Zwischen Schweizerdeutsch und Schweizerdeutsch. Oder Schweizerdeutsch, Deutsch, mein Gott. Ja? Mit TZ geschrieben, das ist falsch. Schweizerdeutsch wird mit 2 I's geschrieben und ohne TZ, nur mit einem Z. Das ist grün und wenn du auf den Knopf drückst, rot. Ein Frosch im... Oh, come on! Oh, no, das ist aber... Oh! Ich jetzt wirklich... Ich muss zuerst noch ein Bild vorstellen. Okay, das ist unerwartet. Das ist auch gut. Was beginnt mit T und endet mit Etten? Tiefkühlfritten. Okay, das ist auch nicht schlecht. Ja? Ja, nicht da, wo ihr denkt. Aber auch. Ja. Die Tiefkühlkäseschnitten. Deswegen arbeitet Troy Homeoffice. Mhm. Ja. Die wissen nicht mal, dass ich angestellt bin. Das Einzige, wo ich bin. Ich bin noch so eine Kostenstelle. So jeden Monat denken sie sich, wo geht jetzt da Geld wieder hin? Kommen wir nicht raus. Deshalb hatte ich noch nie, aber ich liebe schwarzen Kaffee so sehr.
I burned my pizza Hawaii yesterday. I should have used... Oh mein Gott, Calls, holy shit, das ist aber nicht schlecht. Das ist so ein Wortspiel. Habe ich auch gern. I should have used Aloha, a lower temperature. Das ist nicht schlecht. Ja, aber schnell müssen überlegen, muss ich ganz ehrlich sein. Danke, endlich sagt's mal einer. Nicht mit Y. Aber Pizza Hawaii. Steht recht, so etwas macht man auch nicht. Ging schon mal besser an, Lisi. Kann ich dich auch aufmuntern? Aber zuerst müssten wir eine Pause machen, Chat. Aber ich komme halt nie am Ende vom Chat. Ihr wisst schon, wie ihr mich da behalten könnt, oder? Ja, ihr wisst schon, wie ihr könnt erreichen, dass es nie Gameplay gibt. Nachher bin ich aber wieder schuld, wenn es kein Gameplay gibt, oder, Chat? Ja, das ist wie beim Bounce und der Moni. Ja, der Bounce ist auch immer schuld. Ein ganz harter Fall wird dann aber als Schweizerdeutsch auch gerne mal, ja, okay, ich kann es fast sagen. Das ist auch, das Y dürfen wir auch machen. 2 Is oder ein Y, ist beides korrekt. Ich bin aber nicht der Y-Typ. Ich bin der Doppel-I-Typ. Bubis! Was ist das schon wieder für eine Abbuchung? So. Go. Wie heissen die in der Buchhaltung? Keine Ahnung. Nehmen wir irgendeinen Namen. Das Vreni. Du Vreni? Was ist da wieder für eine Abbuchung, die wir hier haben? Das ist die gleiche, die wir jeden Monat haben. Ich weiss auch nicht, was das ist. So, jetzt aufs WC. Ich mache jetzt Speed auf zweifach. Lieber Schweißperlen als gar kein Schmuck. Okay. Am Schluss muss eine schuld sein. Absolut richtig, Tommy. Und am besten immer die gleiche Person. Ja. Habt ihr gewusst, dass der Bruce Lee einen Bruder hat? Ist auch sehr berühmt. Der Brokkoli, oh mein Gott. Oh, Calls, jetzt stehst du schon an der Kante vom Loch. Ey. Der Brokkoli. Nein, hab da seit einigen Tagen wieder mal so ein Wölkchen über meinem Kopf. Oh. Lisi, ich auch. Ja. Aber dann gibt es auch ein bisschen Abkühlung. Ne? Heiße Sommertage, Wölkchen gleich Abkühlung, Regen gleich Abkühlung. Oh, Lisi, ja, fühl dich gedrückt. Y ist ein Kanton für mich. Okay. Nein, niente. No. Das Y hat im Schweizerdeutsch nichts. Oh, okay, der Blackjack hat da eine ganz, ganz klare Meinung über das Y. He? Wegen dem, du meinst, dein Y war auf die Arbeit bezogen vorher. Ja, macht natürlich Sinn. Ich brauche es nicht, aber wenn ich es lese, weiss ich, was die Bedeutung von Y ist. Es ist ein langes I. Aber wenn man es genau nimmt, macht das Sinn. Wieso soll, das ist, ein Y wird nicht wie ein langes I ausgesprochen. Das ist ein Ü. Das ist Schweizerdeutsch. Nein. Okay, ich bin Seite Blackjack. Ich habe jetzt die Seite gewechselt. Ja. Ys werden jetzt nicht mehr akzeptiert hier. Direkt gebannt. Als SB Fibu. Oh nein, will ich nicht beleidigt sein. Egal, ja schon. So, jetzt noch der letzte von mir. Lieber ein Tennisposter als der Enis. Enis im Toaster. Oh no. Ah, Schmerz, okay. Ja, okay. Finde ich auch. Ich glaube, ein Tennisposter ist angenehmer. He?
Lieber ein Vogelgeschichtli... Lieber ein Vogelkistli nageln, als ein Nagelkistli vogeln. Oh mein Gott, okay. Ja, die finde ich zum Teil auch gut, dort, wo du so umdrehst. Ja. Okay. Why isn't fungus allowed on airplanes? Because it takes up to mushroom. Oh mein Gott. Wieder ein Wortspiel. Okay, aber das finde ich jetzt nicht schlecht. Hast du wieder ein bisschen entfernt von der Kante? Ich kann das Y auch nicht haben, aber Geschichte ist Geschichte. Findet Ist ihr Geschichte. Wenn wir uns jetzt now beim Pizza-Thema einig werden, Johnny der Prime der auch noch Update Black J3 Love. Black J3 Love. Also finde ich gut, wenn wir uns jetzt noch beim Pizza-Thema einig werden. Never. Check, es gibt Sachen, die werden nie passieren. I'm so sorry. Ausser, du gibst dir einen Rock. Ja. Merci vielmals für den Resub im 7. Monat. Jack, holy shit. No, was ist das? Oh, come on. Ja, ich kann da meine Pizza Hawaii führen. Schaut da. Geschichte ist Geschichte, Chat, sagt das Whistler. Ja? Gewisse Sachen muss man auch akzeptieren, wie sie sind. Ja? Bei uns in Basel ist das Y ein langes I. Ja. Yeah. Gehört Basel zu der Schweiz? Uff, Shots fired. Die Schweiz ist ein Kanton. Das ist aber auch noch interessant. Und dort hatte ich manchmal eben tatsächlich ein Durcheinander. Wenn jemand schreibt, ich komme aus der Schweiz. Mit Y. Also denke ich so, ja. Also du kommst aus dem Kanton Schweiz. Specko. Absolut richtig. Ja, übrigens da, Blackjacks ist... Wieso kann ich eigentlich nicht bis da über eine Länge, Mann? Blackjacks ist schön im Auto. Das ist aber hat sich irgendwie so ein komisches Symbol eingeschlichen, wo, ja, da musst du mal wegmachen, Jack. Nein, hat er jetzt nicht gemacht, weißt du? Pro Pizza Hawaii. Oh, Dave, let's go! Ein Pizza Hawaii-Bruder, der Dave. Der Dave hat unter seinem Strohhut immer eine Ananas. Pizza Hawaii, so fein. Ja, ich finde eben auch. Ich finde es auch geil. Also da habe ich dann auch ein paar Mal nachfragen, woher das die Person dann richtig kommt. Dann finde ich es eben verwirrend. Das ist tatsächlich der Moment, wo ich dann nicht weiss, was die Person sagen will. Die Ananas soll ich wegmachen? Nein. Nein, das würde das Thema verfehlen. Oh, calls, okay. When I came back from Iraq, I gifted a new purse to my daughter, which I bought there. She said, thanks for the... Oh my God. For the Baghdad. Okay, nicht schlecht, aber... Das ist jetzt einer von denen, der dauert so lang. Der dauert so lang und nachher ist es nicht so 100% befriedigend. Aber deine Gedanken gehen schon mal in die richtige Richtung. Einfach UNO Reverse Karten anheben, oder? Und Krise in der Mitte von... Also, wait a second. Grenzwertig. Also, wie soll ich mir jetzt da vorstellen? Ich habe Pizza und dann tue ich dort so eine Scheibe, eine Dose Ananas drauf und in das Löchli tue ich noch das Krise rein. I don't know. Müsste jetzt, also, habe ich jetzt noch nie probiert. Ich meinte letztens so ein Döner Hawaii. Döner Hawaii habe ich auch schon, von dem habe ich auch schon erzählt. Schweinefleisch gegrillt. Also ich habe schon mal einen Döner Hawaii habe ich schon mal gehabt. Das ist ein Döner, da ist noch Ananas drin. Und ich habe es nicht schlecht gefunden, I'm sorry.
Es war wirklich gut gewesen. When Troy reads dad jokes, it takes him so long. They become grand dad jokes. Oh my God, okay. Ja. Das ist jetzt aber selber erfunden, oder? Das ist jetzt eine Eigenkreation. Jetzt noch Riese. Also, aber Moment, jetzt mal schnell. Jetzt mal abgesehen davon, dass vielleicht ein Krise nicht auf Pizza gehört. Und von mir aus auch nicht ins Loch hinein von der Ananas. Krise sind ja schon geil, oder? Also, aber Kaffee trinken kann ich mir noch in der Pause, Chat. In der Pause, die reinkommt, holy shit. Krise an sich sind ja schon nice. Ich liebe Krise. Und wer sagt Krise und wer sagt Kirsi? Ja? Kirsi. Blasphemie. Ich war gestern in einem Restaurant, die hatten 3 Sorten Brot. Von heute, von gestern und von vorgestern. So ein Scheiß, Mann. Ja, aber das alte harte Brot, das kann man auch wieder ein bisschen weich machen. Da gibt es ein paar Tricks. Aber ich habe es grundsätzlich auch nicht so gern. Ja? Und sonst nimmt man es dann halt fürs Fondue. Ich bin gestern, da habe ich schon gerade gelesen. Hawaii Burger auch geil. Habe ich auch schon gehabt, ja. Ist auch geil. Genau, Troy. Ich finde, Früchte haben im Hauptgericht nichts verloren. Ja, so jetzt mal abgesehen von der Ananas. Fühle ich da schon ein bisschen nachher, ja. Früchte habe ich eigentlich auch lieber separat. Ausnahme Ananas. Meine Mami hat früher für mich immer Toast Hawaii ohne Ananas machen. Ja, aber das ist... Ja. Aber dann ist es kein Toast Hawaii mehr. Aber das ist auch gut. Also ich mache es immer so, ich mache ab und zu mal Toast Hawaii. Es ist einfach genial. Also weißt, es ist einfach gemacht und es ist mega fein. Und dann habe ich halt noch Toastführung. Also ich habe eigentlich zu viel Toast und zu viel Schinken und zu viel Käse und zu wenig Ananas. Und dann gibt es aber noch so 2 Stück, die halt ohne Ananas sind. Aber das ist auch fein. Ich habe Brot von heute wählen. Da haben sie gesagt, ich soll morgen wieder kommen. What the fuck? Das ist ein Scheiß, Mann. Okay, ja, macht Sinn. Nick, Mann, hey, wie geht's dir, Nick? Schön, dass du da bist. Oh, merci für den Kaffee-Drink, Nick. Ich habe keine Schmerzen, Nick. Zu viele Löcher, what happened here? Zu viele Flachwitze, zu viele Dad-Jokes. Ist eigentlich, jetzt mal ganz eine blöde Frage, ist der Flachwitz in Englisch der Dad-Joke? Ist das Gleiche eigentlich? Ich finde das eigentlich, oder gibt es einen anderen Begriff für Flat-Jokes? Ich glaube, das wären auch Dad-Jokes, oder? Kirsi ist halt näher an Kirsche. Aha, das ist die Überlegung. Und damit auch richtig. Aha, richtig, Ich sag's, das habe ich noch nie gesagt. Ich finde das immer komisch, wenn ich das höre, Kirsi. Aber du hast recht, so gesehen ist es näher am Original, am deutschen Originalwort. Sind wir noch bei Ananas? Eben so mit einem Bein. Mit einem Bein stehen wir noch im Loch von der Ananas drin. Und die Ananasscheibe rutscht langsam auf beim Bein. Also schon fast Kniehöhe. 2 Kriesse, dann noch mit 2 S. Jetzt wird es ganz wild. 2 Kriesse sind Ohrring. Ohrenring. Aha, ja. Oh mein Gott, ja, logisch. Ja, ist es so. Ja, das habe ich früher sogar gemacht. Pizza mit Gemüse immer geil. Aber nicht zu viel. Nicht zu viel. Man kann es auch übertreiben mit dem Gemüse. Dann wird die Pizza komisch. Also zu viel Ananas fand ich dann auch nicht gerne auf der Pizza. Also zu viel Pizza auf der Ananas habe ich dann auch nicht gerne. Reis Casimir finde ich auch so schlimm, wenn es Ananas drin hat. Okay, aber das habe ich auch nicht so gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde diese Kombination nicht so sexy.
Ente à l'orange. Was ist das? So Orangenente? Das hatte ich auch schon gehabt im asiatischen, im China-Restaurant. Da habe ich auch schon Orangenente gehabt. Hey, Decor, Mann. Ich lese es gerade vor. Das ist das Gleiche. Gute Nacht, Decor. Mögen dich die Drachen in deinen Träumen beschützen, begleitet von Heavy-Metal-Klängen. Dein Motorrad der Freiheit wartet auf dich in der Nacht. Schlaf gut und träume von spannenden Abenteuern mit Troilina, der mutigen Streamerin. Heißt dies Motorrad der Freiheit, Decor? Hat das überhaupt einen Namen? Wie zum Beispiel mein Schiff in Helldivers 2 hat geheissen Hammer of Democracy. es ist halt wirklich so. Hammer of Democracy. Hast du dem auch einen Namen gegeben? Hey, Decor, schlaf gut, schönen Sonntag, weiterhin gute Besserung. Ja? Ich hoffe, dass so schnell wie möglich das durch ist, du wieder voll auf dabei bist, ohne Cortison und so. Schön bist du dabei gewesen, Decor. Ja? Bye bye, tschüss. Und Blah. Toast Hawaii Beste, bei mir gleich Troy als ein Toaster, der Dreieck macht. Nein, ich kann nicht. Nein, hätte. Hätte tatsächlich. Aber ich weiss jetzt nicht, inwiefern das gut funktionieren mit Toast Hawaii. Also ich habe so ich weiss nicht, ist das ein Toaster? Also man kann es halt aufklappen und dann hast du so wie Formen und dann kannst du dort so ein Toast-Ding rein tun und dann kannst du halt belegen. Ja, kannst Schinken und Käse und I don't know rein tun. Aber dann musst du nochmal ein Toastbrot drauf machen und dann presst du es zusammen. Das habe ich. Das stelle ich mir aber bei Toast Hawaii nicht so einfach vor, weil bei Toast Hawaii ja zoberst die Ananas ist. Respektive, das ist ja auch nicht wahr. Der Käse ist zoberst. Und der klebt ja der nachher überall. Dann gehen die Rauchmelder los. Flachwitze sind Dad-Jokes, gibt doch nicht den Begriff Vaterwitze im Deutschen. Ja. Ich habe es eben noch gedacht, aber ich finde es aber noch interessant. Es ist zwar das Gleiche gemeint, aber es ist so... Oder Flachwitz heisst einfach, es ist ein flacher Witz. Und bei einem Dad-Joke sagt man eigentlich, es ist ein Joke, den ein Dad machen würde. Und da finde ich ein bisschen speziell im Englischen, dass es Dad-Joke heisst. Darum bin ich nicht Vater. Ich will keine Dad-Jokes rauslassen. Oh, Calls. Ich komme nie ans Ende vom Chat. Last week I threw my fake Chinese passport down the stairs. It was wrong on so many levels. Oh my God, Calls. Da kommt mir etwas anderes in den Sinn. Oh mein Gott. Das haben Sie sicher auch schon gesehen. Ich glaube, das war bei 9/11. Ist doch einmal in den Nachrichten irgendetwas gekommen, wo irgendwelche Namen gestanden sind und die hat das vorgelesen und eigentlich keine Ahnung. Es ist auch, irgendjemand hat jemanden verarschen. Es war auch in den Live-Nachrichten anscheinend. Und so Piloten vom Flugzeug haben geheissen «We too low». Ist das nicht mit 9/11 in Verbindung gewesen? Bin mir nicht mehr sicher. Vielleicht ist es nicht mit 9/11 in Verbindung gewesen, auch sonst irgendwie Nachrichten. «We too low». Was war noch gewesen? Ich glaube, holy shit, das ist auch nicht, ich weiß es auch nicht. Aber ich habe das so lustig gefunden. Ihr wisst sicher, was ich meine. Es ist ein Video, das ist sehr bekannt. Ich bin wieder 3,5 Minuten nachher. Hammock of Democracy. Auch Stormy, Decor. Okay, Stormy heisst. Oh. Ist aber auch, das ist ein geiler Name. Geiler Name. Ah, du hast doch so weit Helldivers 2 gespielt, dass du dem einen Namen gibst. Ja, nachher nicht schon. Ganz am Anfang war es aber so, ich habe das Tutorial gespielt, nachher haben sie mich direkt eingeladen. Und dann ist nur schnell der Screen aufgepoppt, wo ich einen Namen hätte können geben, und dann ist er direkt weg gewesen. Aber nachher habe ich das Menü gefunden, wo ich einen Namen geben kann. Ein Schiff in Helldivers hat den Namen Marcher of Peace. Okay.
bin immer so verwirrt, wenn ich Kleber kaufe. Es steht immer drauf Uhu. Uhu? Aber drin ist immer eine Taube. Oh. Oh Mann, ey. Schmarz, okay. Ich finde es geil. Ich picke mir immer so Witze aus und tue sie auseinandernehmen. Das ist jetzt eine, die so ein bisschen vielschichtig ist. Und da muss man auch ein bisschen überlegen. Da steht drauf Uhu, aber drin ist immer eine Taube. Eine Taube. Also, oder eben nicht eine Taube. Darum finde ich nice, ist vielschichtig. Das ist auch wieder so ein Witz für die Gescheiten. Apropos Demokratie, es kommt ja jetzt wirklich ein Game mit dem Titel ohne Scheiß, Starship Troopers, ein offizielles Game. Also hat es ja auch schon gehabt, es hat ja auch schon Starship Troopers Games gegeben, aber ich finde es jetzt halt schwierig nach Helldivers dort. Es müsste ähnlich sein, aber aus dem Grund denke ich, würde es nicht gut ankommen. Es müsste, damit es ein geiles Starship Troopers ist, zu ähnlich sein zu Helldivers, als dass es Erfolg haben könnte, wenn ihr wisst, was ich meine. Das finde ich schwierig. Wenn, dann müssen sie etwas ganz anderes machen. Dann müssen sie wie, keine Ahnung, halt nicht das gleiche System wie bei den Helldivers haben. Vielleicht eher ein bisschen Story-driven und Kampagnenmodus-mässig irgendwas. I don't know, aber es ist halt schwierig. Flat Jokes. Der Something Wang. Ja, Something Wang. Something Wang und We Too Low. Das ist so dumm. Oh. Die Stiftung Warentest hat Besteck getestet. Das Messer hat am besten abgeschnitten. Oh Mann, Römer. Come on. Ich glaube, das war bei Malaysia Airlines gewesen. Ich glaube eben auch. Das ist nicht irgendwie mit 9/11 zusammengehangen. Und jetzt eben auch, während ich mir das Video vorgestellt habe, ist mir das auch bewusst geworden. Holy fuck, ja genau. Oder holy fuck. Und dann habe ich habe mal eine Backstory dazu gehört und sie hat halt auch vorgelesen, was dort steht. Und irgendein so ein hoher Klon hat halt im Hintergrund das so in Prompter reingemacht, oder? Respektive die Overlays reingemacht. Das ist halt schon ein bisschen peinlich. Aber es war lustig. Guter Lacher. Auch vielleicht ein bisschen zum falschen Thema ein guter Lacher. Weil es ja um einen Flugzeugabsturz gegangen ist. 27 Jahre Papi und es gibt nichts Schöneres, als mit Team Sohnemann auf Konzert zu gehen, gleich Interesse zu haben und dass er in den letzten 3 Monaten mega genossen hat. Das in den letzten 3 Monaten mega genossen. Hey Tommy, mega schön. Hey. Das ist echt geil. Das ist echt geil. Ja, das freut mich natürlich auch zu lesen. Das ist, ich weiß jetzt nicht, wie häufig das gibt. Ich würde jetzt mal behaupten, es gibt es eher selten. Oder Chat, ich frage am besten euch. Wer geht gern oder auch regelmäßig noch irgendwie an Events oder an Konzerte? Ich sage jetzt auch mal Events zusammen mit den Eltern oder mit dem älteren Teil. Bei mir ist das nicht so. Also, ich meine, meine Eltern finden schön, was ich mache, jetzt zum Beispiel hier auf Twitch. Das wissen die, dass ich das mache und sie finden es cool. Hi! Hi! Aber ich würde jetzt niemals die Eltern mitnehmen an ein Hero-Fest oder so. Also, nein. Ich glaube, dort ist auch das Interesse von innen zu wenig um. Und das Gleiche jetzt auch bei so Konzerten und so. Nein, ist nie der Fall gewesen. Aber hey, das ist mega schön, Tommy. Das ist mega schön, wenn das so ist. Proud Dad. Sei wie Taube, scheiß auf alles. Es heißt Starship Troopers Extermination. Okay.
Hey, Dan, was mit Grüezi? Wie geht's? So schön bist du da. Wie war deine Woche, Dan? Wir machen nachher noch Pause. Sag ich schon seit einer Stunde. Ohne Scheiß, wahrscheinlich sage ich schon seit einer Stunde, dass wir Pause machen, Chat. Was ist braunhaarig? Kubisch? Kubisch. Und wird im Kühlschrank aufbewahrt. Hä? Ein Mödeli Aff? Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Es was? What? Okay, da bin ich zu dumm für den Joke Calls. Da bin ich zu dumm. Ein Aff? Der ist braunhaarig, ja. Aber was ist kubisch? Was ist das für ein Wort? Mit 16 Spielern kann man spielen, Starship Troopers, okay. Was versteht man unter einem... Hey, Römer, Mann. Jetzt hör mal auf mit... Jetzt hör mal auf mit diesen Jokes, Mann. Nein, alles gut. Wir müssen auch irgendwann Pause machen. Was versteht man unter einer Turbine? Nichts ist viel zu laut. Römer, Mann. Das sind wieder die so enttäuschend sind am Schluss und denken so, Mann. Ich bin noch cool im Autosack, nein, sag ich. Hey, das zeigt aber schon, dass du cool bist. Ich finde das mega nice. Ich wäre auch so ein Dad, ohne Scheiß. Wäre ich auch. Auch wenn ich mich ein bisschen anpassen muss und Neues muss zulassen, vielleicht auch, weißt du, so, keine Ahnung, neue Musikrichtungen und so. Ich wäre auch lieber so. Dass ich mit dem Sohnemann oder mit der Tochter halt das feiere, was sie feiern. Das check ich auch nicht mehr. Da bin ich froh. Schweizerdeutsch versteht keiner. Change my mind. Schwierig. Jetzt stelle ich mir den Plobi so vor, der sitzt da am Tisch, ne? Der sitzt da am Tisch und dann hat er da das Schild dran gemacht. Change my mind. Ja? Auf dem Schulcampus. Ein Bezanken wird auch als Mödeli-Anken betitelt. Okay, da habe ich jetzt so noch nie gesagt. Aber ich weiss, was du meinst, okay? Kubisch, würfelförmig. Ich habe es vermutet, aber das ist ein Wort, das habe ich noch nie gebraucht. Kubisch. Ja, da habe ich so ein kubisches Mödeli Anken im Kühlschrank da. Mödeli, sage ich das überhaupt richtig? Mödeli? Nein, die Turbine ist sehr gut. Nein, sie ist laut. Sie ist nicht gut, sie ist laut. Wenn fast eingegangen. Oh nein, Specko. Liegt's an mir? Oh, das ist jetzt mega schade, dass der gekommen ist, Chat. Das ist jetzt mega schade, dass der gekommen ist. Wait a second. Ich muss schnell meinen eigenen Stream aufmachen, Chat. Ich muss schnell bei mir einen Effekt auslösen. Oh nein, jetzt kann ich ihn wahrscheinlich nicht auslösen, weil er Cooldown hat, Chat. Weil, da gibt es neu, Chat. Da gibt es neu. Und zwar, schnell schauen, ob ein anderer kann. Da habe ich ein paar neue Dingselt. Schnell schauen. Jetzt kommt nochmal der gleiche. Specko, ich hoffe, es liegt nicht an mir, dass du fast einschlafst. Es würde mir im Herzen wehtun, wenn es an mir liegt, Specko. Ne. Das finde ich auch gut. Das ist auch gut. Ich glaube, es hat nochmal einen. Ich glaube, Barbie Girl ist auch noch dabei.
Hey, aber Speku, wenn du schlafen willst, dann gehst du schlafen. Ich will dich nicht aufhalten. Ich gehe auch mit ihm an neue Shit. Ist auch nicht immer mies, aber für das mit zusammen Party ist mir nichts schade. Sei wie Taube. Hey, genau da meine ich, Tommy. So wäre ich eben auch. Weil das, sorry, aber quasi sich ein bisschen anpassen versus nachher eigentlich so wie wenig Zeit verbringen mit dem Sohn. Ich nehme jetzt auch den Sohn als Beispiel. Also ganz klar ne, würde ich da natürlich Zeit verbringen. Und schlussendlich, es ist immer nur eine Einstellungssache. Geil. Merci, Finchen. Und wir feiern dann so Sachen auch sehr schnell mit und fühlt das auch entsprechend. Es ist ja nur ein Mödeli. Nein, Troy, ich bin nur ein bisschen kaputt, weil ich am Arbeiten war. Hey. Warte, jetzt muss ich schnell die Musik pausieren, Chat. Ich muss jetzt die Musik pausieren. Plobi. Ich weiß nicht wieso, ne? Ich weiß nicht wieso. Aber okay. Bye, have a great time. So, Chat. Ist es nicht gegangen? Chat? Hallo? Chat? What is happening? Es ist halt nicht gegangen, oder? Was ist das? Das ist über den Pad 2, Kaylee. Nice one. Nice try. Ich glaube, Finchen, du hast es vorhin, glaube sehr schmal ein bisschen zu früh ausgelöst. Das kann sein, also es war nicht dein Fehler. Jetzt komme ich auch draus, wieso du hinter den Büchern bist. Hat der Film erst vor 2 Wochen gesehen. Ohne Scheiß, wie hast du ihn gefunden, Schmarz? Interstellar. Interstellar. Meiner Meinung nach ein grandioser Film. Grandioser Film, grandioser Soundtrack. Und einfach ein grandioser Regisseur. Ist halt auch so, wie es ist. Wie hast du ihn gefunden? Das nimmt mich Wunder. Weil nicht alle können mit dem Film wirklich etwas anfangen. Ein richtig guter Film finde ich eben auch. Es ist nicht leichte Kost. Aber es ist leichtere Kost als zum Beispiel Tenet. Weil Tenet ist einer von diesen Nolan-Filmen, das sage ich immer wieder. Der ist zu kompliziert. Es ist ein guter Film, aber für mich es macht ihn schlechter, weil er so fucking kompliziert ist. Hammer-Movie, ja, absolut. Interstellar, ich finde zwar Inception finde ich halt immer noch geiler. Ich rede jetzt auch von den Nolan-Filmen.
Inception ist für mich ganz weit oben, Interstellar aber auch. Fettli, oh mein Gott, hey, Vincent, jetzt müssen wir zuerst Pause machen und dann müssen wir mal schauen, ob wir noch Fettli anschauen. Also, Vincent, wir machen es so. Tust du mich noch mal erinnern nach der Pause? Wenn ich irgendwie da schon unterwegs ins Gameplay bin, kannst du noch schnell sagen, hey Troy, es hätte noch Fettli im Discord. Highest Guide finde ich schon, sollte man gesehen haben, aber mehr als einmal schauen, auch nicht. Hey. Ich habe mehr als einmal geschaut. Aber vielleicht zweimal, um noch irgendwie so ein paar Lücken zu füllen, die man vielleicht nicht ganz verstanden hat. Aber mehr muss dann auch nicht sein. Es gibt, meine, gute Filme muss man auch nicht zwingend immer wieder schauen. Es gibt schon Sättige, die ich immer wieder schaue. Aber jetzt Interstellar ist auch nicht einer von denen, die ich immer wieder schaue. Den habe ich im Kino zweimal gesehen. Und es war ein Hammererlebnis gewesen. Und das langt schon. Also, das langt schon und dann muss man nicht wieder schauen. Ich glaube, so leichte Kost, die schaue ich eher mehrmals. Also so lustige Filme oder so. Actionfilme. Ja. 90er Actionfilme, die kann ich immer wieder schauen. Tenet habe ich, glaube 4-mal geschaut. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich überhaupt nicht rauskomme. Ich verstehe schon, was die Idee ist, aber für mich hat das so viel Logiklücken, dass es wirklich einfach, dass es wie nicht aufgeht bei mir. Tenet war auch gut. Ich habe es so gefühlt, okay. Ja, wie gesagt, Tenet, es ist ein wirklich guter Film. Aber ich finde, er hätte besser sein können, wenn man es nicht so kompliziert gemacht hätte. Ja, es ist halt schon. Ja, es ist halt immer schwierig bei so Zeitreisen. Ich sage jetzt auch Zeitreise. Ich weiss, es geht nicht direkt ums Zeitreisen, aber es ist halt immer schwierig, weil dann machen sich sehr schnell so Logiklücken auf. Bei mir einmal. Da denke ich, hey, aber Moment, jetzt mal schnell. Das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein. Und das heisst dann, man kann gar nichts bestimmen. Es ist alles schon voraus, schon vorgegeben, wie es wird ablaufen. Und dann verlierst du mich irgendwann, weil ich auch zu viel umstudiere. Brain AFK, wie geht's dir, mein Lieber? Schön, dass du hier bist. Guten Tag. Wie war deine Woche? Ich sage es jetzt auch dir, wir machen nachher Pause. Sage ich aber schon seit einer Stunde, dass wir nachher Pause machen. Tenet und Inception muss ich noch schauen. Ich probiere gerade Klassiker nachzuschauen. Was ist der nächste Klassiker, den wir schauen, Schmarz? Was versteht man unter Safer Sex? Der Karl hat noch nicht aufgegeben. Wenn sie weder deinen richtigen Namen noch deine Adresse kannt. Ja, okay. ja. 12 Monkeys ist auch wild. 12 Monkeys mit dem Bruce Willis. Das ist ein guter Film. Das ist, glaube ich, der erste Film, den ich auf DVD hatte. Ich habe letztens alle Beverly Hills Cops geschaut wegen Teil 4 und Teil 4 ist meh. Fand 1 und 2 am besten. Ja, true. Wie so häufig. Meistens der erste Teil der beste. Aber ja, finde ich auch Beverly Hills Cop 1 und 2, ja. The Mechanic ist mit dem... Oh, come on. Hey, es liegt mir auf der Zunge. Ich will immer es ist nicht Batman und es ist auch nicht der Batman. Aber trotzdem ist er beides. Das ist doch der. Sagt mir schnell den Namen bitte. Fucking hell, wie heisst der Schauspieler? Christian Bale, merci vielmals. Christian Bale, das ist doch der Mechanic mit dem Christian Bale, wo er so abartig viel abgenommen hat. Das ist ein Knochengerüst in diesem Film. 12 Monkeys Serie, unnötige Serie, habe ich nicht gesehen. Wette ich mir auch gar nicht geben. Ich meine, täglich, ich zerbinsle der Brainchill. Okay, Brain AFK. Ja, bin ich deiner Meinung, ne? Absolut simpi. Unnötig.
Tommy, bin ich auch absolut deiner Meinung. Jetzt haben wir alle gesoffen, oder? Jetzt habt ihr getrunken, Chat. Dann muss ich natürlich, der Bot muss jetzt auch gerade noch etwas trinken. Puh, weiss noch nicht, habe noch viel Pulp Fiction, muss ich sicher auch. Hey, dann Pulp Fiction ist eine gute Wahl. Bin ich auch gespannt, wie du ihn findest. Ich finde Pulp Fiction sehr, sehr, sehr geil. Aber ist jetzt nicht auf Platz 1 bei den Tarantino-Filmen. Aber es hat halt so ikonische Szenen drin. Solche, die ich halt auch da bei mir einbaue, da im Stream. Also 1, 2, 3. Ich glaube, 3 habe ich eingebaut. Wer ist dafür, dass Troy um 1 Uhr pausiert? Bitte eins in den Chat, sonst geht das nie. Life of Brian habe ich geschafft. Ist auch gut, ist auch gut. Pass du Mac and Wall Test. Danke vielmals, Yoda. Merci vielmals, Yoda. Mach ich. Jetzt lese ich wieder. Bei der Metroid habe den größten KI Sommerhit gemacht. Oh mein Gott. KI Sommerhits. Wir machen nachher auch kurz einen KI-Song rein in der Pause-Chat. Also mit Ausrufezeichen Hammer Time in der Pause könnt ihr den KI-Song abspielen von mir, Chat. Hä? Der schneller ist der geschwinder. Ausrufezeichen Hammer Time, aber erst in der Pause. Machen wir nämlich schnell 10 Minuten, Chat. 10 Minuten. Oder reichen 5 Minuten? Ich mache mal 10 Minuten rein. Vielleicht bin ich ein bisschen früher da. Dann. Pink und Brain ist auch gut. Pulp Fiction overrated, aber die eine Szene, wo der eine rumschaut, ist gut. Also wait, jetzt kommt mir auch nochmal die Szene in Sinn, wo der Vincent Vega sich umdreht im Auto und mit Marvin redet. Meinst du diese Szene? Chicken and Cow. Das ist rund und wartet auf Input, deine Toilette. Jetzt hast du es verkackt, Carnage. Ein Tippfehler, direkt verkackt. Genau, das ist, by the way, einer von denen, die ich eingebaut habe. So, ich bin am Ende vom Chat angekommen. Wir machen Pause. Ich stelle mal schnell auf 10 Minuten Pause ein, aber vielleicht bin ich nach 7 Minuten wieder rum. Ja, lieber Chat. Gucken wir mal, wie lange sie brauchen. Szenen, Pause, 10. Oh shit. Oh mein Gott, I'm so sorry. Oh, gut, dass du mich daran erinnerst. Gute Nacht, liebe Speckung. Mögen deine Träume von dampfbetriebenen Gitarren und aufregenden Cosplay-Abenteuern handeln. Vergiss nicht vor dem Schlafengehen deine Murmelpolitur bereitzustellen. Träum süß. Hey Specku, sorry. Schön, dass du mich nochmal daran erinnert hast. Mach das Chat, wenn ich es vergesse. Und schlaf gut. Specku und all die sonst auch gehen schlafen gut. Und für alle anderen würde mich freuen, wenn ihr in 10 Minuten noch rum sind. Hammer Time, Ausrufezeichen.
geil! Was ist das da hinten? Der hure Fisch, habt ihr den jetzt auch gesehen? What the hell?
So, Chat. Da bin ich wieder. Ich glaube, für gewisse Leute ist noch schnell Werbung aktiv, wenn es mich nicht täuscht. Für 60 Sekunden. So, ein bisschen früher, hä? Wie vermutet. Zurück. Feinchen hat gesagt, wir schauen noch Fotos an. Ich habe mir noch einen Kaffee trinken. Ja, das habe ich auch noch schnell gemacht. Ja. Nick, merci vielmals für den Coffee Drink. Also ich gehe gerade schnell ins Discord rein. Feinchen. Fish. How much is the fish? Und wie findet ihr den Song, Chat? Also ich habe im Intro ihn ja schon abgespielt. Respektive nein. Kaylee hat ihn abgespielt. Und ich habe dann einfach noch die Lulena-Version hinten noch gespielt. Weil, wenn die Lulu Ausrufezeichen Hammer Time macht, im Intro oder in der Pause, dann kommt ihr Song. Ja? Einfach, was gesagt ist. Da muss natürlich schon sein. Ja? So weit habe ich schon überlegt, Chat. Schon geil, oder? Schon geil, sehr nice. Hammer, hey Wolfi, grüezi. Schön bist du da. Ist halt, ich habe so ein bisschen umprobiert und die Inspiration war wirklich so Night Springs gewesen. Mich hat die Musik so geflasht. Also, ihr habt sie ja auch gemerkt letztes Mal. Und dann habe ich gedacht, ich will auch so etwas, wo wie eine Anspielung ist aufs Night Springs. Also so Retro-Stil, darum auch so VHS-mässig das Aussehen. Und dann einfach so 80er-Musik, die in diese Richtung geht. Da habe ich es halt generieren lassen mit Suno AI. Ich musste aber ein paar Mal probieren, bis ich wirklich mehr oder weniger guten Text hatte und auch vom Stil, dass etwa das war, was ich wollte. Ich glaube, der Prompt war nachher gesehen. Ich will einen 80er-Song haben, der im Stil ist wie Spaceball-Theme. Und dann ist das dabei rausgekommen. Und ich habe es verdammt geil gefunden. Mit welcher Suno AI? Suno.ai. Die meisten KI-Songs sind mit Suno. Ja, genau. Suno AI habe ich immer. Ja, ich habe auch schon so viele Songs da gemacht. Einfach aber vor allem zum Probieren und so, zum Gucken. Und vielleicht kann ich dann auch mal was brauchen für einen Stream. 80er Musik, da war Troy noch jung und sympathisch. Dynamisch, sorry. Ja, da war ich ein Chat, da war ich das Baby hier, ne? Gucken wir kurz. Lass es Troy-Babys regnen. Ja, da. Das war ich damals. In den 80er Jahren. Genau, Fietchen. Du musst nur richtig eintippen, noch keinen richtig schlechten. Das Problem ist Suno, soweit ich das jetzt ein bisschen gesehen habe, Suno kann nicht gut deutsche Texte generieren. Das ist grammatikalisch ganz, ganz komisch dann. Und ich habe halt häufig so Lieder versucht zu machen, die so Richtung Mittelalter-Rock auf Deutsch gehen. Ja, also kennst du ChatGPT, du meinst die Texte zuerst mit ChatGPT zu machen und dann Suno AI zu geben, dann ist einfach, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass Suno nicht richtig weiß, wie der Takt sein soll. Und dann nimmt er alles beim Refrain bis auf die letzte Zeile und die letzte Zeile hängt er dann so komisch rein. Und dann ist das Problem. Habe ich aber auch schon versucht, ja. Und ja, ich kenne ChatGPT, ne? Ich habe schließlich ChatGPT in den Stream reingebaut. Ja, bei mir irgendwie schon. Bei mir, also das Ergebnis war bei weitem nicht das, was ich bei englischen Texten so erreichen konnte, ne?
Aber ja, vielleicht habe ich da auch zu wenig jetzt mit ChatGPT und dann den Text vorliefern, so quasi, habe ich das zu wenig probiert. Aber ja, ist ja auch, wie gesagt, ist halt eine Spielerei. Ist ja jetzt auch nichts, wo ich zu viel Zeit investieren will, ne? So, Chat, Discord. Machen wir schnell Discord auf, schauen schnell, was Fienchen reingeschrieben hat. Wolfi, habe ich überhaupt gefragt, wie es dir geht, Wolfi. Wie war deine Woche? Und wartest du auch so gespannt aufs Gameplay, das nie kommt? Ich finde da die Zelda... Was ist... Also das ist ein Zelda-Cover, oder, Chat? Ja, okay. Zelda, Link to the Past, okay. Fettli und Videos. Oh. Okay, ich tue da schnell abspeichern. Chat. Wo fange ich an? Ich fange da oben an. Nehmen wir noch schnell da von der Jutti, sie hat ja im Giveaway gewonnen. Alles übrigens Bilder aus dem Discord. Könnt ihr auch anschauen. Ausrufezeichen DC, wenn ihr auch auf den Discord joinen wollt. Wild im Garten kampiert. Geil. Fienchen geil. So, was gerade. What do we have here? Oh. Also, ich schaue es gerade an, Chat. Ich schaue es gerade an. Tipp, mach Refrain oder Refrain und dann versteht es so noch. Ja, ich habe halt immer Chorus gemacht. Chorus. Aber ja, true, man muss halt schon irgendwie die Struktur reinschreiben, sonst weiß er nicht richtig wie. Einfach Sketches, Musik machen, komischer Beat und irgendwer summt irgendwas Unverständliches im Hintergrund. True. Das funktioniert dann natürlich gut. Danke, auch gute Woche gehabt, du hoffentlich auch. Hey, ich kann mich nicht beklagen, mal. Für alles gut, merci. Freut mich, dass du eine gute Woche gehabt hast, ja. Hab dir übrigens meinen Radiosammel geschickt per DC, falls du mal reinhören willst. Hey, ja. Aber wir müssen dann noch ins Gameplay rein, hä, Chat? Wir müssen noch ins Gameplay rein. Shit, das ist geil, danke für so eine... Oh, Tommy, hey, doch, viel Spaß. Viel Spaß. Also, erstes Bild von der Jutti. Sie hat im Giveaway gewonnen, das hat sie bekommen von mir. Standard-Zeugs, die niemand schickt, ein paar Stickers, ein paar neue Francisco-Stickers. Und sie hat noch Gameplay-Karten in physischer Form bekommen. Das ist einfach immer random, ziehe ich da irgendetwas. Ja. Da eine Karte von mir plus noch ein paar nette Worte. Ne? Könnt ihr selber lesen, Chat. Wir müssen endlich mal in einen Raid. Mein Schwert ist gewetzt. Nee, bevor wir raiden, machen wir noch Gameplay. Hast du einen Hammer sagen? Oha. Oh, Lissy? Ja, aber du hast auch ein paar, ne? Du hast auch ein paar Karten, hä? Das hat übrigens Juti bekommen. Das hat sie gewonnen. Grösse S, Hawaii-Hemd. So, und jetzt kommen wir zu den Fotos von... Aha, geradet werden. Ja, wenn ein Raid kommt, dann kommt ein Raid-Chat. Ganz einfach. Chat von Fienchen im Garten, campiert. Schau jetzt hier, der Pool am Start. Richtig geil, Fienchen. Willst du noch etwas dazu erzählen? Sehen wir da noch irgendwelche Easter Eggs
Ist das da, wo du da auf die Haare rauf gemacht hast? Wahrscheinlich. Nein, das ist eine Lüge, Kappa. Fienchen, Lisi, du kannst auch mal deine Sammlung fotografieren, wenn du willst. Ne? So, Chat. Das ist noch das zweite Foto. Zoom, Enhance. Was ist das? Hortensien sind Hortensien. Aha, ja. Okay, da kennt sich einer aus mit den Blumen. Schenkt man die denn, die Hortensien? Die Hortensiens? Ist geil zum Schlafen im Sommer, wenn es in der Wohnung zu heiß ist, da glaube ich sofort. Aber es ist halt geil, dass du so einen Garten hast, weißt, wo man sieht ja auch, da spazieren die Leute nicht einfach rein. Also bist du so ein bisschen abgeschirmt, also geht es gut. Wenn ich da würde machen, dann würde da die ganze Zeit irgendjemand vorbeilaufen und schnell reinschauen ins Zelt, oder? Schnell reinlegen. Schnell das Gipfel klauen und so, das muss ich nicht haben. Guten Abend, endlich habe ich dich wiedergefunden. Hast du mich gesucht? Hey, und übrigens, Gradationskurve. Im letzten Stream habe ich dir immer Gradationskurve gesagt. Ne? Aber eigentlich ist es Gradationskurve. Hey, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir? Das ist buntes Unkraut. Aha, ja, stimmt, Lisi, du hast recht. Oh mein Gott, ich bin so doof. Es gibt ja ein Bild auf Insta, wo man das sieht. Ja, true. Hey, oh mein Gott, das war sicher deine Überlegung. Du hast dir gesagt, hey, solange der Troy meinen Namen nicht richtig sagt, follow ich nicht. Gradationskurve, merci, danke dir für den Follow. Du bist nicht doof, Lizzie. Und Chat übrigens, Fienchen hat sich noch eins gegönnt, ne? Hast du es denn schon aufgemacht, Fienchen? Hast du schon aufgemacht? Kommt da noch ein Update? Ist schon das Update rum vielleicht? Also mache ich jetzt. Wir warten. Ist gut? Wir warten schnell. Das heißt, einfach reinposten, schnell Bescheid sagen, okay? Dann gehe ich da noch schnell in die Szene rein hier. Beim letzten Mal war ich im Halbschlaf, deswegen vergessen. Ach, kein Problem. Und ich war auch im Halbschlaf, darum habe ich deinen Namen immer falsch gesagt. Und jetzt fällt es mir auf, ne? Weil ich wollte schon wieder Gradationskurve sagen und dann habe ich so gesehen, nee, das ist ja gar kein I. Gradationskurve. Viel Erfolg, Fienchen. Was wird es auch sein? Ich tippe auf den. Oh, wo ist er überhaupt? Wieso habe ich ihn nicht montiert? Oh Gott, ihr seht es eh nicht. Auf den da. Tippe ich. Sorry für die komischen Geräusche. Kroko. Ich wollte dich die Tage eigentlich mal anschreiben, aber hab's dann lieber gelassen. Oh, Lise, du darfst mich immer anschreiben. Vielleicht schreibe ich nicht direkt zurück. Ja? Manchmal bin ich so. Aber ich gebe mir Mühe. Gib mir immer Mühe, Chat. Schaust durch deine Kleidung heute ein wenig nach Tommy Vercetti. Vercetti? Tommy Vercetti. GTA Vice City. Das höre ich gerne, ne? Tommy Vercetti. Antonio Margaretti. Das war jetzt, weil ich so gemacht habe, ne?
Ich mag den Greenscreen, da ist Baby Yoda ja true. Ja. Das ist halt die schwarze Version. Chat. Yoda? The results are in. Oh, okay. Ich gucke. What? Ja, wie geil. Okay, ich tue ihn schnell abspeichern. Shit, holy moly. Den habe ich halt nicht, Mann. Oh shit, ich sehe es gar nicht. Den habe ich halt nicht. I have spoken. Den habe ich nicht. Holy shit. Aber das ist nice. Der ist, glaube ich, nicht so häufig vertreten. Lucky, hey. Nice. Also wie viel hast du eigentlich insgesamt? Hast du für dich auch so eine Schachtel voll gekauft damals? Oder ist jetzt das Einzige, was du für dich selber aufgemacht hast? Hey, seit wann gibt es Troy als Star Wars-Figur? Also, come on. Okay, fair enough. Okay. Ich sehe es. I see no difference. Ihr seid so doof. Nein, ich kann es leider nicht verschieben. Sonst hätte ich ihn jetzt schnell zu mir runtergeschoben. Moment, schnell. Vielleicht kann ich es so machen. Schon. Moment kurz. Okay. Fuck you. Oh, Chat. Ja, Chat. Fair enough. Ich sehe so aus, ne? Fair enough. Aber wisst ihr, wer auch so aussieht? Deine Mutter. So. Chat, let's go. Brille hoch, fertig. Das sind Augen. Ja, ich muss noch schnell nachlesen, Chat. Was haben wir noch geschrieben? Einer von 12. Oh, affengeil. Nur der und der Grogu. Ja, Grogu ist halt häufig vertreten, haben wir bei mir auch schon gemerkt. Nein, ich habe damals 16 günstige kaufen und habe dir alle geschickt. Und ich habe ja dann ein paar noch als Giveaway weggeschickt. Aber meine Sammlung, natürlich. Die ich quasi... Ich habe jeden eine spalten. In dem Sinn. Und ein paar habe ich nachher noch verschenkt. Aber es ist halt mega lieb, Feinchen von dir. Danke nochmal für das. So, Chat. Deine Mutter. Ja, ich habe mir ehrlich gesagt... Vielleicht merkt ihr es ein bisschen. Ich habe mich vom Gronk ein bisschen inspirieren. Der hat auch so ein «Deine Mutter»-Video, das er an abspielt. Und ich habe jetzt auch, glaube aus zwei Songs habe ich quasi da das und die kommen jetzt auch random, wenn ich das Knöpfchen drücke. Zeig mal deine beiden Hände. Oh, seht ihr, wenn ich hier den Zitteri habe? Immer wenn ich hier streame, bin ich nervös. Chat. Das sind keine Wurstfinger. Ja, das sind Bananenfinger.
Ich hab Wurstfinger. Das sind keine News, Plobi. Das sind keine News. Gebe ich zu, ne? Bandeli. Steht mein Name drauf, habe ich geschenkt bekommen von der Lizzie. Das sind schöne Männerhände. Oh. Lizzie, danke für die netten Worte, ne? Danke für die netten Worte. Andere sagen, ich habe Wurstfinger, ne? Chat. So, Chat, müssen wir noch irgendetwas machen, bevor wir ins Gameplay gehen? Haben wir noch etwas vergessen? Schnell überlegen. Hab dich halt auch gern. Oh, Lizzie. Oh, Lizzie. Der Foodpornchen. Nee, der Song war noch, ne? Der Song war auch noch. Ja, wobei, ja, wo fange ich denn da an? Das sind ja einige, ne? Aber du hast halt eins gepostet. Deswegen, ne? Deswegen. Dann gucken wir. Get to the chopper. Dann gucken wir das vom Carnage an. Ich gehe aber nicht alle durch, ne? So, seht ihr es schon? Ihr seht's. Ja, so, wirklich sehr schön, Chat. Carnage, sag noch was dazu. Was ist da alles drin? Regenwürmer. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Asiatisch, ja, definitiv. Asiatisch. Ist das wie der Fetisch? Wir haben das Gameplay vergessen. Oh nein, oh shit. Jetzt habe ich das Gameplay vergessen. Mer hat recht. Jetzt können wir gerade aufhören. Da stand nicht dein Name drauf. Da stand... Hey, wow, geil. Don't give a shit anymore. Fuck it all. Darf ich einen Link posten posten Song von AI? Ja, mach. Aber wir machen wirklich nicht mehr zu lang. Ich höre ein bisschen rein jeweils. Also einer ist von dir, Tommy, und dann ist ja noch... Ich muss nachher schauen. Ich habe noch mal einen bekommen per DM. Ist das Kunst oder kann das weg? Ja, da. Das war Yakisoba mit selbstgemachten Soba-Nudeln. Das war Weißkohl, Champignon, Möhren, Knoblauch und eine Sojasauce. Also, ist sicher geil, ne? Ja, die Präsentation, ne, ist jetzt ein anderes Thema. Die Präsentation, ne, ist... Ja. Aber ist sicher geil, ne? So, Chat, jetzt Lizzie geht schlafen. Ich lese kurz vor. Hey Lizzie, gute Nacht, du wundervolles Otterwesen. Möge dein Schlaf so friedlich sein wie Sailor Moons Mondlicht. Träum süß von Armbändern und Blitzdingsbums. Let's go. Armbänder und Blitzdingsbums. Nice. Hey, Lizzie, schön warst du hier. Ganz eine gute Nacht, schönen Sonntag. Bitte dem lieben Ullen einen Gruß. Bitte dem lieben Ullen einen Gruß ausrichten von mir. Einmal knuddeln. Den Trotter auch. Lizzie, bye bye, tschüss. So. Verwirrung. Zuerst mal
zuerst mal DM gucken gehen. DM gucken gehen. Sunset Hope von Brain AFK. Brain, bist du noch hier? Ich glaube, du bist noch hier, ne? Das ist AI-Music, ne? Also da bekomme ich keine Probleme mit Lizenz, Dings, Bums, Gedöns. Nochmal kurz gucken. Du hast gesagt, das ist AI-Music. Ist AI, okay. Kurz gucken. Moment. Hört ihr es, Chat? The sun is high, the sky so blue. Waves are crashing, just me and you. Feel the sand beneath our feet. Summer love so pure and sweet. We'll dance until the break of dawn. To every beat, to every song. With you this moment feels so right. Let's make this summer last all night. Sunset groove, we're in the flow. Hearts Das Cover auch, ne? Das ist auch AI. Chase the stars, just you and I. Laughter echoes, the air is warm. Hand in hand, we'll brave the storm. Every touch, a spark ignites. Together in these summer nights, we'll dance until the break of dawn. To every beat, to every Schön. song. With you, this Geiler moment Text. feels so right. Let's make this summer last all night. Sunset groove, we're in the Tommy, du hast dies geschickt. Lassen wir gerade noch einen. just you and I. We'll dance until the break of dawn. We'll dance until the break of dawn. To every beat, to every song. With you this moment feels so right. Let's make this summer last all night. Sunset groove, we're in the flow. We're in the hearts on fire. Let the Aber geil. Geil, Chat. Aber ich pausiere, glaube ich, an dieser Stelle. Aber geiler Song. Geiler Song. Like it. Schnell Chat lesen. Größter Radio-Hit. Fast wäre ich auf das Vibrieren reingefallen, aber leider habe ich ein anderes Vibrationsmuster. Wenn das Blitzdingsbums zum Blitzbumsdings wird. Geil. True Fienchen. Das ist geil. Geile Überlegung. Ich höre nichts, hab den Stream auf Mute. Weißt du, wer ich auch auf Mute habe, Plobi? Deine Mutter. Sorry, jetzt übertriebe ich es langsam. Perfekt für den Eurovision Song Contest. Ja, der AI-Klang beim Gesang, das ist true. Das ist halt was, das merkt man noch ganz, ganz gut raus. Das klingt, es hat manchmal, es könnte auch, ne? Es klingt manchmal nach Autotune, aber man hört es auch heraus, wie es, ich weiß nicht, so, wie es halt der Takt, wie es gesungen wird. Man hört es einfach irgendwie raus. Aber ne, die KI wird nur besser. Ja, ich habe mich auch gerade gefragt, was das für ein Layout ist. Habe ich noch nie gesehen. Ne? Meine Mutter habe ich auch selbst auf Mute. Habe nicht mal ihre Nummer. Jeder KI-Song macht es ja besser, ja, true. Also, hey, Tommy, noch schnell deinen Song. Schnell Lautstärke. Tommy's Clan. Er generiert vorhin, Chat. Tommy and the Army. Tommy and... Oh, noch nicht. Sorry.
Das ist ja so, das ist halt amigs mega holprig. Das ist da, was ich meine. Das ist einfach, der fehlt wie so ein Ziel, dann lässt er es aus und dann bringt er wie zu spät noch ein zusätzliche Ziele vom Refrain. Das ist da, wo ich mir denke, okay, das ist auch noch nicht wirklich gut. The darkest nights they'll rise, force that it's true. Okay, nice. Ja, Suno ist echt stark. Muss ich schon zugeben. Schnell Solo noch schnell hören. Der Prompt ist clear vocals, catchy chorus, catchy instrumental, contemporary pop, oha. Folk-style, emotional voice, melodic male vocals. Okay, guter Prompt. Also in dem Fall finde ich das noch interessant. Übrigens Tommy, merci. Tommy, sehr geil. Ich finde das noch interessant. Du hast also gar nicht... Du hast nicht viel jetzt für die Lyrics mitgegeben im Prompt. Ne? Lyrics sind quasi frei von der AI bestimmt. Weil ich gehe halt sehr häufig, will ich die Lyrics richtig haben. Und da ist halt die Menge an Prompt, die man geben kann bei dem Suno, ist ein bisschen wenig. Ne? Die Zeichenanzahl ist sehr beschränkt. Also ich kann dann nicht das, was du jetzt geschrieben hast, plus noch auf die Lyrics eingehen, nimm das und hier ist noch die Lore. Das finde ich halt schade. Weil ich würde so gerne jetzt im Suno halt so eine ganze Lore mitgeben. Ne? Das ist der Franziskus, der ist im Dunkelwald geboren worden und bla 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 bla. Und jetzt will ich da Pagan Metal und I don't know. Mir geht da immer der Platz aus. Ne? Es sind 120 Zeichen, ich habe 117 Zeichen damit, ja. Das sind für mich ein bisschen zu wenig, aber ich verstehe es natürlich. Das ist alles Rechenpower, die sie ja da auch zum Teil kostenlos zur Verfügung stellen. Ne? So, Chat. Gehen wir ins Spiel rein. Bisschen Alan Wake. Sind ihr ready? Sind ihr ready für Episode 3 von Night Springs? Nope. 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 Hey, bin morgen den ganzen Tag dran. Wenn du das Gameplay nennen willst. Ich finde das immer schade, dass ich den Carnage nicht wieder ins Loch runterschubsen kann, weil der ist ja schon im Loch unten. Eichhörnchen jagt, let's go. Ich bin bereit, let's go. Let's fucking go. Also. Let's see go. Let's see go. Let's see go. Das ist ich weiss, ich glaub, das ist meine Playlist, die läuft, aber catchy Song. Das ist so Piano und ein bisschen Drum and Basic. Nice. So. Oh, Tommy, du kannst das nicht. I'm so sorry. Wenn es jemand von den Abonnenten schnell abspielen für den Tommy, das wäre mega lieb. Ja, vor allem das Gameplay. Und das Beat vielleicht noch. Im richtigen Moment. Merci. Was, neuer Videoclip? Ah, ich bin da immer noch mit drin. Nice.
Du weißt, ich bin froh, weißt wieso. Es ist mir wirklich immer unangenehm, wenn ich das muss erklären muss. Das ist mir so unangenehm. Und ich bin echt selber schuld, dass ich es so habe. Aber es macht halt tatsächlich auch am meisten Sinn. So. Merci, Fienchen. Danke vielmals. So, Chat. Ich muss noch das Knöpfchen drücken. Holy shit, ich muss noch Kategorie umschalten. Chevron 6 is holding. Chevron 6 is locked in place. This is as far as we have ever been able to get. Wow. Wie gut! No! Night Springs! No! God, please, no! 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 Oh. Geil, Simpi. Ups, gecrashed. Ich bin eingefroren worden. Ich bin zum Eiswürfel geworden, Chat. Ja, das macht ihr gerne. Ja. Ich gehe langsam Richtung Gameplay, Chat. Ich wechsle die Szene. Oh, holy shit, jetzt bin ich verschrocken. Let's go, simple. Nice one. Erweiterungen, ja. Night Springs, Episode 3, Timebreaker. Und jetzt habt ihr, also die es kennen, jetzt bitte nicht spoilern. Logisch wissen ihr, wer wir spielen, aber was sind eure Vermutungen, Chat? Alle die es noch nicht wissen, was sind eure Vermutungen, wer spielen wir? Weil da bei Episode 1 haben wir die Rose gespielt, wo ja vorgekommen ist im Hauptspiel. Bei Episode 2 haben wir Jessie gespielt aus Control. Jessie. Mega mindblowing gewesen, als ich das gecheckt habe. Was könnte Episode 3 Timebreaker sein? Timebreaker. Oh, what the fuck? Shit, ey. Oh, bin ich wieder wach. Es spielt sich in der Nacht kein Tageslicht. Achtung, Spoiler, es wird Gameplay vorkommen. Der Ati wäre geil. Das wäre eine Möglichkeit. Also es kann sein, dass es der Ati ist, es kann sein, dass es der Polizist ist, wo wir jetzt auch bei Episode 2 hatten. Aber jetzt ohne Scheiß, jetzt muss ich schnell überlegen, was eben geil wäre. Chat. Und jetzt kommt's, meine Theorie. Oh, Thor und Odin. Oh, das wäre auch geil. Einfach rein vom Timebreaker-Titel her. Und dem Remedy-Universe könnte es eben sein, dass es zusammenhängt mit Quantum Break. Das ist jetzt auch ganz eine wilde Theorie. Was interessanterweise ist der Hauptdarsteller von Quantum Break der gleiche Dude wie der Sheriff ist, den wir ja hier in der letzten Episode gesehen haben. Aber was wäre? Das wäre wirklich, ohne Scheiß, das fände ich jetzt mega geil, wenn wir nochmal einen neuen Remedy-Titel würden führen. Oder der Mr. Wie heisst er? Oh mein Gott. Ja, der Moderator halt. Der Mr. Door. Bitte nicht Alex. Der hat. Oh nein! Da spielen wir so den Moment vom Alex Casey, wo er die blöde Sicherung bei sich hat und nicht rausrücken will. Chat. Aber wir haben hier, meine Theorie ist Quantum Break. Ati wäre eine Möglichkeit, der Hausmeister Thor, Odin, Alex, der Mr. Door. Wir gucken, Chat, wir gehen da jetzt rein. Wir gehen da rein. Ja, ich bin sicher. Voll geladen. Let's go. Ich bin so gespannt.
We often look back and wonder, what if? What if the path not taken had in fact been our charted course? Would we be happier? Or are we, with our set of choices behind us, the lucky ones? And what if nothing would be different? What if, for some of us, our destiny across the endless number of versions of ourselves has been defined and locked beyond any causality of circumstance, beyond the forces in any one reality, but across all realities? For one man, the magnetic pull of destiny is so great it breaks time and space. We join this lone operative, many versions of him in fact, as he chases his nemesis, a dangerous being known as the master of many worlds. Across the multiverse, across the many versions of a city that is always the same, yet always different. In Night Springs. Also Multiversum. Okay. Tonight's reality-bending episode, Timebreaker. Oh, geil. Teleplay bei Alan Wake aus der Beine, soll ich es können lesen. No matter how many parallel realities I need to brave, how many lives, how many versions of me it takes, I will stop it, and I will come back for you. And cut. Everyone, What? take 5. Also, wer spielt er jetzt? Also, es ist der Dude, der Sheriff, respektive auch der Hauptdarsteller von Quantum Break, auch als es gesagt hast. Was that okay? I mean, I can do more. I can do less. Yes, yes, yes. Oh, okay. Sean, I'm really happy. Let's talk. I love your instinct on this, but we can still push this further. Immerse ourselves into this story. Believe in it. Make it crazier, wilder. Ba, 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 da, da, da. Aber ich checke noch nicht. Also, er heißt Sean. Jetzt bin ich. Wie heißt der Schauspieler in 8 Chat? Weißt du es gerade jemand? Ich kann ihn halt jetzt nicht sagen, ich wüsste es schon welchen. Der Iceman. Der Dude halt. Wie heißt der in 8? Heißt der auch Sean? Sean! Es wäre Sean mit S-H-A-U-N. Für Subscribers, by the way. Sean! Also er heißt Sean und er scheint ein Schauspieler zu sein. Vielleicht spielen wir verschiedene Versionen. I can't wait to tell you more. Also wir machen da mal weiter. I Du was eager to wolltest... hear what Sam had to say. This project was shrouded in mystery. Ja, aber das finde ich aber noch geil, weil er heisst Sam, der Dude, also das Gesicht von Max Payne, und der sieht auch mega bekifft aus, der Dude. Schaut euch den mal an. Schaut euch, ich glaube, der braucht ein Pet. Ich mach schnell. Pet 2. Okay, also. Er sieht ein bisschen bekifft aus, aber er heisst eben Sam. Darum habe ich das Gefühl, der Schauspieler da, der heisst wahrscheinlich auch Sean. Also, wir spielen den Schauspieler. What? You wanted to talk? It's awesome to be doing this with you again, Sam. Sean, it's so good to have you back. We've been Er heisst halt Sean Ashmore. And now finally we are making. Okay, mit dem habe ich jetzt echt gar nicht gerechnet. Ich bin euch dran gewesen, weil ich ihn vermutet habe. That was part of the previous game as well. Also beide meine Vermutungen sind eigentlich so halbwegs richtig. Es ist die richtige Person, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir auch ihn als Schauspieler spielen. Das ist unerwartet. Also, mal schnell schauen, was wir überhaupt mitmachen. Sprich mit dem Regisseur. Haben wir das jetzt nicht gerade gemacht? I'd like to talk about my character, just get deeper into the lore. Hey,
I could talk about Der this. heißt, ja, der heißt Sean. He's a multiversal agent. Goes by many names as there are many versions of him. Breaker, Branch, others. Breaker. He's searching for his lost love while his ruthless nemesis, Door, the master of many worlds, is murdering versions of him across parallel realities. He must track down and stop Door. That's so cool. You've done cool superhero roles in the past. Long term, the agent will grow into the ultimate iconic superhero. Okay. Oh, that's awesome. Was übrigens auch interessant ist, die Stimme, die wir jetzt hören vom Sam, das ist seine echte Stimme. Aber im Game ist er eigentlich gedubbt worden. Das heisst, er hat halt eine Stimme ohne Akzent bekommen. Was ich sehr speziell finde. Über mein Gerät eine Version des Clearly Multiversums. have your own vision A of the vision. multiverse. The right vision, the truth, it's all out there. That's where these ideas and inspirations come from. They seep through. Somewhere this here, us talking, is part of the video game, and another version of you is playing it. Somewhere, your character, the agent, is real, and he could appear here through a portal anytime now. Und das passiert wahrscheinlich, oder? Yeah, yeah. Das wäre right. gut. You Das are a wäre maniac, gut. man. Totally. Superhero Roles tönt so übergeile, wie übergeile Frühlingsrollen. Frühlingsrollen. Nick, nice. Love it. Seit ich die Serie The Rookie schaue, verfolgt mich der Schauspieler. Dort hat er eben auch mitgemacht und jetzt taucht er überall auf. Also welcher jetzt? Der Sean? Ich nehme an den Sean, oder? Ashmore. Ich habe den Rocky immer noch nicht geschaut. Ich weiß auch, dass der Nathan Fillion vorkommt. Der Sean, okay. Ja, aber eben den Sean kenne ich halt vor allem aus X-Men. Darum sage ich immer Iceman. Er ist für mich der Iceman aus X-Men. Plus noch diverse andere Rollen, die er natürlich auch mitgespielt hat. Jetzt habe ich ja gemeint, das ist der Arti, Mann. Ist halt nicht da, oder bist du der Arti? Nein, du bist nicht der Arti. Also, über mein Gerät. So the vortex and the gadget. Sorry, I keep forgetting its name. There's just so many acronyms here, but it helps me travel through realities. Acronyms are cool. Das ist aber ein bisschen Doctor Who. Das ist ein bisschen eine Doctor Who-Anspielung, oder? Polyhedron reality shifter with a SEN shifter energy node to activate a Lumivista TV and ride the vortex between realities. It's all REC, Ripple Effect Corporation tech. And you have a gun and a TPS, Time Breaker Solidifier, to defend yourself. Right, yeah. Was ist mit Doctor Who? Ja, irgendwie so. Er hat ja da das Gerät, ne? Das ist dieses kleine Gerät-Dings da. Habe ich es noch? Nein, ich habe es nicht. Und das hat mich irgendwie erinnert an das kleine Gerät, das Doctor Who auch hat. Der Sonic Screwdriver. Einfach so von dem, was jetzt erzählt wird. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen eine Anspielung auf Doctor Who. Was shooten wir jetzt? Ja, das ist eine gute Frage. So, what do we shoot next? We need to set up for the next scene, where your nemesis pulls you into a parallel reality. You can go to your green room, chill out, learn the lines. I left the latest draft of the screenplay for you there. See you in a bit. Jetzt müssen wir sicher Texte auswendig lernen. Überfliegen das Skript, okay. Sometimes it's hard to tell if Sam's joking. That deadpan Finnish humor. And a Ja. reputation of being a bit Jetzt out hört there. man halt auch, dass er aus Finnland ist. Weird vibe Vom when he talked about Akzent the her. multiverse. Also, Chat, gehen wir mal gucken. Ein bisschen schneller, hä? Jetzt geht schon die Post ab. SDTLC, leck mir am Chäppli. Lass den Stream an und da ist Gameplay. Das ist ungewohnt, hä? Ungewohnt, SDTLC. Aber wie geht's dir? Schön, dass du da bist, ey.
Wie war deine Woche gewesen? Und ja, wir haben aber gerade angefangen. Also, du hast noch nicht viel verpasst von der Episode 3. Wir haben gestartet. Das ist jetzt auch so geil. Wir spielen den Sean Ashmore. Der Schauspieler vom Sheriff. Also er spielt den Sheriff bei Alan Wake. Und so heisst der Schauspieler in echt. Und wir spielen den Schauspieler. Quasi. Und wir haben erst gerade angefangen. Mega, mega nice. Das ist schon mal unerwartet. Geil. Love it. Und da passiert jetzt schon Zeug, Chat. Hallo, wer ist hier? Was ist hier los? What the fuck is this? I thought Das I'd bin gone ja mad. ich. Then I realized Sam was playing a crazy prank on me. There's no way this was real. Das ist nur eine Puppe. Oh, da haben wir unser Admire how real the unser body Sonic and the Screwdriver. So we got another one of you, huh? Jetzt kommt die auch noch. Too late again. Excuse me? No, this is just, it's a prank. It's just a prank. Wait, are you? Shit. You're not Was ist? Branch. Oh, no. Was ist los? Hey, ich kann schiessen. Are you cast in this game too? Listen to me. There are things you need to know. You are in great danger. You must do exactly what I tell you. Okay. What the fuck? What the fuck? Was What ist? the fuck? What the fuck is happening, hey? I blanked out and I was suddenly someplace else. I'd had gaps in my memory, Das habe ich lange Haare. but that's the movie star lifestyle for you. Wie geil, wie verwirrend. Wie verwirrend. Ich bin gerade im Deutschen an 10 Jahren ESO. Elder Scrolls Online Taverne. Ohne Scheiß, SDTLC. Wie geil. Wie geil. Ja, geniessen es, hey. Geil. Let's go. Das ist mega wild. It was something else entirely. Und das finde ich aber geil. Jetzt haben wir so versucht, zu raten, was könnte sein. Und es ist einfach noch viel wilder als jede Annahme, jede Idee, die wir hatten. Es ist noch viel wilder. Also, eins nach dem anderen. Haben wir Karten? Nein, haben wir nicht. Wir haben aber einen Knarren. Das heisst, wir können wahrscheinlich ein bisschen rumballern, wir können uns heilen. Gehen wir schnell retour zuerst. Immer wichtig. Zuerst zurück. Wir schauen nämlich, ob wir Loot finden. The last thing I remembered was the red-headed bin woman ich- at the door. She Jetzt looked sind wir familiar. Egal. Wir She gehen was jetzt trying auch to tell mal me something, and then it went irgendwann rein. dark. It felt like a dream. Think, man. I need to get out of here. A psychotic episode? Or was the multiverse true after all? Did Sam do this? An Was elaborate muss- hoax? Ja, also das ist ein bisschen ein heftiger Scherz. It had Da. gone way too far. Heftiger Streich. Yeah, let's go with that. Act like this is true. Okay? I'm an Mhm, actor. okay. I can do this. Ja, And ja. once it's over, we'll have a good laugh. And then I will punch Sam in the face. Oh, what do we have here? Night Springs City Park, parallel reality bleed zone, cross-dimensional anomaly, not trespass, no trespassing, authorized rec personnel only. Ja, dann auf Deutsch. Taverne von ESO hat schon geile Songs im Game. Hey. Jetzt geht schnell überlegen. Ich habe sogar mal so Soundtracks. Ja, ich habe sogar mal Soundtracks gelost. Ein Lied ist mir mega geblieben. Saltatio Mortis mit Pyro und allem. Oh, hure gut, hey, wie geil. Das ist nice. Was ist hier los? Der Soundtrack ist auch sehr, sehr What had Sam said? geil. I needed to find an energy node and use this Energy node? rod thing with it, the PRS, was it? And look for some kind of TV to get the hell out of here. Whatever.
No, no, no. Door's coming. He knows where I am. What was that? Ja, das stimmt. Die Stimme kommt von überall her, He oder? knows about the trailer. I need to hide the energy. I need to get it away from the trailer. Away from the TV. No! God! No! Oh my God! Oh my God! I wasn't certain this was a prank anymore. I heard a voice in my head. It sounded like me. Insanely, I heard the thoughts of another version of me. The one living here. The trailer was his. I'd check it out. Don't think. Just act. Haben wir da noch laut irgendeinem? In jedem Spiel auch eine abgesperrte Zone. Zuerst mal probieren reinkommen. Haben sie Schmerz oder machen sie etwas anderes? Hä? Um was geht's? Haben sie Schmerzen oder machen sie etwas anderes? Da hast jetzt eine falsche Chat reingeschickt, oder mehr? Das hättest du nicht da schreiben. Kommen wir nicht raus. The Luma Vista TV. Okay, gut. According to what Sam had said, I needed the energy node. The other me had hidden it away from this trailer. Ja, aber zuerst möchte ich... Kann ich da etwas machen? Keine Ladung. Aha, wegen der Stimme. Aha. Aha, oder machen sie etwas anderes? Okay, jetzt komme ich wieder raus. Das ist immer so der Moment, wo ich die Kameraperspektive nicht so geil finde. Ohne Scheiß. Da ist man immer so einen engen Raum, wenn irgendwie rumschauen und einfach die Hälfte des Bildschirms ist auch unser Charakter. Ja, das ist ein bisschen mühsam. The handwriting was mine. Paranoid theories about the multiverse. Ja, das haben wir sogar gelesen. Das ist im Alan Wake, in der Hauptstory, hat er das amigs hingekritzelt. Lisa, Elisa, Jessie, Elizabeth, Liz, Savage, Dylan. All die The Namen. energy node was out there in the forest somewhere. Ja, ist ja gut, ich gehe ja schauen. Ja, I had to go look for it. ich bin da nur ein bisschen die Leute am Unterhalten, du Löli. Sie sind hier, ja, Chat. Sie sind genau hier. Also Energy Node im Wald. Okay, I hit it. It's safe. It's safe. The creek's deep in the forest, all the way in the waterfall. It's safe. Now get the fuck away from here before Door zeroes it on me. I'll make it. I'm the chosen one out of all of the versions. Me. Ja, bin ich überhaupt richtig? He's hidden the energy node at the creek in the forest. I have to find it. Suche den Energieknoten am Bach im Wald. Ist hier ein Bach? Also mein Problem ist halt, ich habe keine Karte, nichts. Also ich kann jetzt auch wirklich auf random irgendeinen hinsäckeln. Dann sind wir wieder da. Ich säckle jetzt auch mal in die andere Richtung, weil ich glaube, wir haben jetzt 2 mögliche Richtungen gehabt, ganz am Anfang, wo wir hätten rennen können. Mal gucken, ob das was wird, Chat. Also, what do we have here? Jetzt bin ich mir aber gar nicht sicher, ob ich richtig bin, Chat. I had to find the creek. That's where the other me hid the energy node. I know. He was thinking about a waterfall deep in the forest. Ist das so, du kommst hier nicht durch? Ist das die Message? Ja, du darfst da jetzt nicht drüber, du darfst die Spy jetzt nicht lüpfen. Ja, weil du da einfach nicht richtig bist. Nein, Troy, das hat mir mir nicht sollen zeigen, geh nicht mehr ins Nest, die Scheiß AI ist zu viel, sorry, alles
Gerade neu für mich, Guitar. Ey, aber ich fühle das. Also ich habe das halt auch gehabt. Da kann man nicht mehr aufhören zu spielen. Ich habe dann auch tatsächlich das kostenpflichtige Abo noch gelöst. Chat, jetzt habe ich langsam Schiss, dass ich im Kreis laufe. Also jetzt laufe ich 100 Proben langsam im Kreis, oder? Oh shit. Willst du irgendeinen Kommentar machen, Dude? Irgendwie so. Wir sind hier falsch. Hier waren wir schon mal. Oh, ich will wirklich nicht da, ich will da rein. Ich will hier rein, Mann. Okay, wir gehen also wieder alles komplett zurück, dort wo wir schon waren. Dann noch mal schnell einen Check machen. Immer den Geräusch nachher, das ist immer eine gute Idee. Ich glaube, das Game will, dass ich da übergehe, oder? Ich glaube, das ist der richtige Weg, Chat. Ich habe einen Weg gefunden. Lot. Was bekomme ich da also? Schmerzmittel, das ist immer gut. Ja, schnell schauen, haben wir... Oh, was haben wir noch? Flashbangs? Okay, was? Ich glaube, da geht richtig Post ab noch. Okay, da sind wir jetzt am Bach. I found the creek. So, where's the energy node? Hallo, Energy Node? Where are you? Verhindern. Da komme ich aber nicht durch, Dude. Hallo? Wieso muss es auch so dunkel sein? I hate it. Hey, aber jetzt bin ich gerade ein bisschen überfordert, Chat. Ich kann ja gar nie hin. Ich komme ja gar nie durch. In der Mitte. Hey. Streit durch, hey. Komme ich denn da irgendwann durch und ich habe es noch nicht gecheckt? Das ist alles irgendwie Sackgasse, Chat. Da komme ich nicht durch. Komme ich nicht durch. Rauf. Mein Gott, ich habe es gecheckt. Ja, ich finde aber auch immer einen Kasten mit im Wald mit ein bisschen Drogen. Das ist ganz normal. Ja, da haben wir auch gerade das nächste Beispiel. Ja, wie im richtigen Leben, Chat. Man macht auf und man hat drin ein bisschen Munition, einen Flashbang. Ja. Nichts Besonderes. Können wir da durch? Können wir da ab? Da ist die. Okay. Just like in the video game. Ich will aber hier durch. Also, lade den PRS mit dem Energieknoten auf. Die gibt's auch noch. Da geht's. Typische Berliner Innenparksituation. Okay. So, jetzt laden wir das Ding auf, Chat. PRS was charged now. I had to get back to the trailer and the TV. Oh shit. Was ist los?
Der fällt nicht da durch. I am everywhere. Wer redet da? Jetzt ist einer gestorben, Chat. Jetzt ist halt einer gestorben. Geil, ich liebe es. Also, bis jetzt gefällt mir die Episode da jetzt noch nicht so. Weil Episode 2 haben wir auch viel hin und her müssen laufen, aber dort haben wir wenigstens immer so etwas machen, ein bisschen fighten. Das ist jetzt wirklich so der Walking Simulator, oder? Den wir haben. Was ist fuck, man? I thought it was just the plot of the Oh shit, das bin ja ich. but it was all real. Door. Sehe ich auch so aus? Many worlds Sehe was ich aus wie ein murdering Yeti. versions of Agent, played by me. Versions of myself. It's all true. It's no hoax. No video game. It's really happening. It's really happening, Chat. Multiverse. I had to become the role to survive. Ich habe ewig nichts gehört seit der I had to go Chris back im to the trailer Stream. on the TV. Use my PRS on it. Der Chris, kenne ich den auch? Chris? Es gibt viele Chrises. Dora would be coming for me next. I didn't want to face him. Fuck that. But I couldn't shake the feeling. Ich habe gar nichts gemacht. Also jetzt gehe ich hier in die Hütte rein und aktiviere das Multiversum-Portal zu der Troilina. Use the PRS, the polyhedron reality shifter on the TV, to get out of here. I felt a strange pull from the vortex on the screen. Ja, jetzt einfach reingumpen. Kopf voran reingumpen. Door person. But I couldn't stay here either. Okay, reingumpen, let's go. Ah, der Blaze Chris. Ja, den kenne ich. Blaze Chris. Der Mann mit der tiefen Stimme, aber das ist schon ewig her, seitdem ich bei ihm in den Streams anwesend war. Das ist schon ewig her. Ich glaube, da habe ich selber noch nicht mal richtig gestreamt. Hey. What the hell? Ich habe jetzt gedacht, kommt das Video. Das ist das The Ring-Video, wo Samara noch aus dem Fernsehen rauskommt. Strudelsurfen, hey. Wo bin ich jetzt? No. Ocean View Hotel. Schwarz-Weiß. No. Ocean View Hotel. Das gefällt ihm nicht so. What the fuck? Ich wurde Jumpscares immer haben. Jetzt siehst du, wie lange ich schon auf Twitch rumdüse. Indeed, ja. Indeed. Krass. Wieso ist es wieder die hohe Lautstärke? Da regt mich auf in diesem Spiel, ohne Scheiß. Also da noch mal schnell schauen. Audio. Ja, Dialoglautstärke haben wir schon von 120, aber ich werde einfach. Ich werde es noch ein bisschen extremer haben. Dann haben wir 70. Es ist auch, beim Reden sind es leislich und alles andere ist auch 10-mal weiter, oder Chat? Ich tue anladen. I was in a different reality. But not better, worse. Maybe by thinking of Dor, I traveled closer to where he was in control. What? Next time, I'd focus on something else. Ja, das sind nicht 120 Watt, das sind 120 Gigawatts. Schießt er sich fast in die Hose, aber er hat noch nie Outlast gespielt. Nein, Outlast das ist doch ein Kindergeburtstag. Hey. Ich habe da zugeschaut in den Streams, da passiert ja nichts. Hey. Das ist ja langweilig. I had to find the right version. Also ohne Scheiß, ich habe ja zum Beispiel Visage gespielt, Madison und so.
Also da geht jetzt meiner Meinung bei diesen Spielen schon ein bisschen mehr Post ab als bei Outlast. Das ist ja Outlast, das ist so, da schläft dir ja das Gesicht ein. Oder Mortuary Assistant, habe ich auch geil gefunden. Das ist richtig abgegangen. Ich kann mal schnell lesen. Der ESR Wild E. Natürlich mag man das Hotel nicht, da es hat nur eine 3-Sterne-Bewertung. Ich bin gerade erstaunt, bin ich nicht verschrocken ab dem Gesicht. Also, ab dem Gesicht, oder? Also. Nein, du meinst den Jumpscare vorher. Das ist wirklich nicht wild. Ja, finde ich eben auch. Aber viele sagen, das ist das heftigste Horrorspiel ever, oder? Was haben wir da? Es ist immer der richtige Zeitpunkt für einen Besuch im Ocean View Hotel von Night Springs. Dank der einzigartigen Zeitanomalie unseres Hotels liegt die Zeit ganz in Ihren Händen. Haben Sie verschlafen? Dann besuchen Sie unsere Morgenlobby und genießen Sie das niemals endende Frühstücksbuffet. Sehnen Sie sich nach einem unserer ikonischen Cocktails? Begeben Sie sich in die 18 Uhr Lobby, in der die Happy Hour in vollem Gange ist. Folgen Sie einfach den Uhren zur Zeit Ihrer Wahl. Im Ocean View Hotel ist die richtige Zeit nur eine Tür entfernt. Holy moly. Und Race, merci vielmals für deinen Follow auf YouTube. Danke vielmals. Und Race, wenn du mit chatten willst, kannst du das gerne auf Twitch machen. Link unten in der Beschreibung. Irgendwo. Ja, neue YouTube-Layout, ich weiß nicht, wo das genau ist. So. Chat. Kurz gucken hier. Also. The clocks showed the way. They'd guide me through to get what I needed. Entertainment Lobby 12. Tango Lobby 3. Coffee Lobby 9. Coffee überzeugt. Find another node, another TV. Find another node, another TV. Vielleicht noch ein bisschen laut. Ja, vielleicht noch ein bisschen laut nehmen wir an. Sehr gut, sehr gut. Also spielen wir zusammen Outlast. Was kommt denn als nächstes? Spielen wir zusammen Fortnite. Roblox. Ah, sorry. Ja, ich weiß. Hat gar nichts mit dem zu tun. Wenn ihr mir noch einen Prompt geben für eine AI-Fanfiction, Chat, das überlasse ich euch. Fienchen fragt das, also ihr dürft gerne der Fienchen einen Prompt reinschicken. Dann kann die Fienchen da noch was rumbasteln. Ne? Also go for it. Ich weiss jetzt gar nicht, was ich mache. Ich bin mega unkonzentriert, aber ich will jetzt auch mal da hin. Was habe ich da? Hure Burst-Scheiß, Mann. Es gibt nichts Schlimmeres in Games als in Burst-Waffen-Chat. Gibt nichts Schlimmeres. Time was broken here. The corridors led to the same lobby. Da dreht man durch. Das ist wie der Doc, der dreht damit so durch. Doc, der hure Doppelmann. Ich habe die letzten 4 Stunden vom Stream nicht auf Cam geschaut. Ich habe gar nicht gewusst, dass du da bist. Schwarz, Mann. Das ist aber nett. Bin ich die Stimme in deinem Kopf? Das neue Outlast kostet das 4. Zock. Auch wegen dem. Moin, schön, dich schon so früh hier zu sehen. Möchtest du direkt in den sonntaglichen Plaudermodus eintauchen? What the fuck? What the fuck? But in different times. Also, ich muss da mal schnell schauen, was wir für Zeit haben. Jetzt haben wir 6 Uhr am Abend. Ich muss mich irgendwie zurechtfinden, Chat. Nehmen wir noch den Loop mit.
Der Loot tut gut. Jetzt bin ich vorne da über. Da wäre 9. Das wäre auch interessant. Das wäre... Okay, jetzt muss ich noch mal gucken gehen hier. Ja, wir fangen echt beim 1 an, oder? 12. Gehen wir in die Entertainment Lobby. 12 haben wir gesagt. Die Loot ist immer gut. Schlägt Zeit tot. Ich lande immer wieder da. Es ist 12. The Luma Vista TV. I just needed energy to power it. Das klingt aber schon mal gut. I couldn't hear the thoughts of the other me, the one native to this reality. Maybe Door had killed him already. Not a happy thought. Also, dann gehen wir jetzt zu 3 Uhr, Chat. 3! Ich muss mal schauen, wie das aufgebaut ist. Das ist immer gleich, etwa gleich aufgebaut. Ich muss mich auch an der Zeit orientieren. Gehen wir 3 Uhr. Ich muss eine Energiequelle finden. Schöne Musik hier. 3! 3! Was ist das? Kuolon Rally. Ist aber schön. Ein bisschen finnische Musik. Ein bisschen finnische Musik hier, oder? Was ist das da? Easy Mode? Chat, ist das Easy Mode, wo wir hier spielen? Ja, aber da haben wir jetzt nichts. Dann gehen wir nach 9 Uhr, oder, Chat? Na gut, looten vielleicht schon noch schnell. Ich habe wieder so viele Batterien, dass ich mit den Batterien um mich schmeißen zum Gegner zu killen. Also. Dann würde ich... Oh, schnell schauen. Da komme ich rein. Das habe ich auch noch nie abgecheckt. Wahrscheinlich hätte ich dort noch jensten Loot in den anderen Räumen. Aber ich habe ja auch noch mal beschränkt Platz. Also easy. Gut, dann gehen wir. Mal schnell schauen, ob sich da etwas verändert hat. Gehen wir nach Coffee Lobby, 9 Uhr. Ui, da hat es Einschusslöcher, Chat. Gulo? Ist das der Cousin vom Sammy? Nick? Bist du betrunken? Oh, schau, da brauchen wir. Da brauchen wir. Ja. Nehme ich eines. Einmal Energieknoten. Mit alles scharf. When I used the TV to travel between realities, I was thinking of Door. And the vortex brought me here, where the time breakers attacked me. Wo ist der TV schon wieder gesehen? Fucking hell. Das war, glaube ich, 12 oder? 12. Ich glaube es. Nein. 12, okay. Und dann Bitch ist 3. Oh, das geht wieder ab. Nehmt das, ihr Lümmle. Ja, das ist nicht geil. Hey, was soll das eigentlich da? Das ist nicht lustig, ja? Hab den Schlitten, Mann. Gang weg, Mann. Ich will nicht. Geh weg. Jetzt
Jetzt habe ich die Nase voll. Habe ich die Nase voll? Wer ist überhaupt Death Count Master? Chat, wer ist Death Count Master? Ich glaube immer noch die gleiche Person vom letzten Mal. Chat, will jemand übernehmen? Will jemand Death Count Master übernehmen und jedes Mal, wenn ich sterbe, schnell einen Befehl eingeben? Ja, einfach melden. Der schneller ist der geschwinder und sonst mache ich es selber. Nicht einfach. Carnage ist das die offizielle Bewerbung. Ich nehme mal an, ich weiß nicht. Nick, ist das die offizielle Bewerbung? Ich mache jetzt auch mal schnell. Nein, okay. Ah, du hast schauen, wer Death Count Master ist. Das habe ich nicht eingebaut. Chat sagt einfach Bescheid. He? Aber Hauptsache vor 2 Minuten noch. Ist das da easy? Hey. I know. Ich drücke mal schnell aufs Knöpfchen. Also. Ja, wir gehen wieder nach 12 Uhr und dann gehen wir direkt Flashbangs ins Gesicht, Chat. Direkt Flashbangs ins Gesicht. So machen wir das. So machen wir das und nicht anders. Ja, nein, das. Ja gut, das bringt halt mega wenig, oder? Wo bist denn du überhaupt, Mann? So, fertig jetzt. US-Taschenlampe. Schnell hier den Loot-Check noch machen. Haben wir hier noch einen zusätzlichen Loot? No one at Poison Pill had mentioned they'd made a comic book of their game. Timebreaker. But then maybe Poison Pill didn't even exist in this reality. Also, was haben wir da? Spannende Abenteuer durch Zeit und Raum. Wer ist unser mysteriöser Reisender? Der geheime Ursprung von Door enthält eine 3D-Fallkarte der Ripple Effect Corporation. Die verrückteste Geschichte, die wir je veröffentlicht haben. Das alles erfährst du in der schrägsten Sammlung von Science-Fiction-Geschichten, die es derzeit gibt. Wieso habt ihr eine Taschenlampe? Ja. Ja gut, jetzt hat er sie aber schon gerade ein bisschen komisch gehabt. Aber deine Frage ist, wieso habt ihr eine Taschenlampe? Weil es ein wenig dunkel ist, Nick. Ja? Die Taschenlampen, die erzeugen Licht. Und Taschenlampen braucht man, wenn es dunkel ist. Jetzt hat der Nick was gelernt, Chat. Ja, da reinheben und so, oder Chat? Reinheben, Loot mitnehmen. Ich muss das nächste Ende im Monat wird Abo abgeschlossen. Bis UNO muss das. Troy's gute Nacht und Chat natürlich auch. Have a nice weekend. Bye bye. Hey Tommy, sorry, dass ich dich jetzt hier angesteckt habe mit so KI-Gedöns, aber ich fühle es nachher. Hey, schön, dass du dabei gewesen, Tommy. Merci für den AI-Song, den du noch geschickt hast und ich wünsche dir ganz eine gute Nacht, schönen Sonntag. Ja? Und bis zum nächsten Mal. Ja? Bye bye. Tschüss. Warum er eine Taschenlampe hat? Weil er in der anderen Hand eine Knarre hält. Das ist auch gut. Love it. Macht Sinn. Aber da finde ich, ja, so muss man das machen, Chat. So muss man das machen. Das ist professionell. Man stützt den Arm mit der Pistole noch ein bisschen ab und hat gleichzeitig noch die Taschenlampe. Alles top. Tschüss. Bye. This time, a different also, Chat. I thought about the redheaded woman. Is she Und eine rothaarige Frau. If I could find my way to her, she could help. Also, raus aus dem Ocean View Hotel. Wo gehen wir hin? Das ist jetzt die Frage. Something was different. A strange feeling.
moving. Like frozen snapshots on a sequential path. And yet, thoughts flowing free. Like text read out loud. It's you. I made it. Wow. Door pulled you away. Wow. Thought Jesse. you were gone, for sure. I focused on you when I entered the vortex. I was trying to reach you. You are full of surprises. Okay. Let's try this out. Welcome to the headquarters of the Ripple Effect Corporation. Ripple Effect We Corporation. were making a video game of the multiverse, but now it's suddenly real? Real and not real exist side by side in the multiverse. Echoes flow through it like currents in a cosmic ocean, the Sea of Night. Okay, speziell, speziell. Das ist von Controllers. Controllers. Conceptual, fictional. Ach nein, die. Das ist Jesse von Control, ja. Real. Control. More real than real. Many versions of us all, in hidden interaction, linked by the energies that ripple through realities. Und nicht gemeint übrigens Episode 2 spielen wir sie sogar. Also die Episode 2, wo wir letztes Mal gezockt haben wir sie gespielt. One of you is killed in an explosion of dangerous energy, and another one instead gains superpowers. And yet another one meets an alien guardian. Alles tut's mir weh. One reality, or not even real. Or as you say, characters in a video game. Ja, das kann nicht sein, Jack. Spielen wir hier Charaktere in einem Videospiel? Artie Butts Art Shooting! Merci vielmals für den Raid. Holy shit. Holy shit. Artie, Mann. Und liebe Raiders, ich wechsle schnell die Szene. Schnell die Szene wechseln, schnell ein bisschen Musik reinmachen. Liebe Raiders, Arti soll ich schnell auf Hochdeutsch machen. Du weißt besser, was aktuell so ein bisschen die Sprache war bei dir im Stream. Aber ich bin der Troy aus der Schweiz. Bei mir gibt es viel Interaktivität, viele Spielereien, viel Gelabere, viele Effekte. Und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Schweizerdeutsch passt, let's go. Und ich begrüße schnell den Subaru Fippo und Arti natürlich. Schön sind ihr da. Wie geht's euch? Wie geht's euch? Und wie war dein Stream, Arti? Hast du hoffentlich keine Crashes gehabt? Manchmal ist es schon wild. Also ich habe dir ja auch ein bisschen zugeschaut, wo du rumgefahren bist. Es sieht mir ganz spannend aus. Aber zum Teil habe ich auch gedacht, holy shit, Mann. Hey, Subaru Fippo, merci vielmals für den Tier 2 Resub im 8. Monat. Merci vielmals, Fippo. Danke vielmals für den Support. Und wie geht's dir, Fippo? Wie geht's dir, Arti? Haben wir uns schon mal endlich heute? Ich glaube, du bist auch schon da im Stream, oder? Aber alles gut sonst. Wir sind übrigens im Alan Wake DLC Episode 3, also Night Springs DLC. Und das ist mega speziell. Also, vielleicht jetzt nicht anhören, wenn ihr nicht gespoilert werden. Spoilers zu Alan Wake DLC Episode 3. In 3, 2, 1. Wir spielen den Sean Ashmore. Und der Sean Ashmore ist eigentlich der reale Schauspieler, der den Sheriff spielt also der Sheriff in Alan Wake 2 spielt. Und wir haben jetzt angefangen, indem wir den Sean quasi gespielt haben. Im Studio, wo es quasi... ich komme echt auch nicht so ganz draus. Und das hat so mit Multiversum zu tun und so weiter. Das ist völlig wild. Völlig wild. Sorry, ich muss noch jemanden aus dem Bett schälen, darum Raid. Okay.
Das war mega. Übung macht den Meister. Okay, let's go. Kannst du ein paar Länder schaffen? Der ETS ist halt schon, ich habe es halt auch ein bisschen gegeben. Der ETS ist fucking gemütlich, ich liebe es. Ich habe sogar einmal gestreamt, Chat. Das ist aber schon lang her. Holy shit. Ah, du bist ja morgen. Ja, sorry, Arti. Ach, ich bin langsam mal wieder müde, man merkt es. Dann aber gehen, kochen, essen und dann noch müssen fahren. Kredit läuft. Hey, super, Fippo, das freut mich doch, das freut mich. ETS macht Spass, absolut. Vor allem mit Lenkrad macht es halt wirklich Spass. Danke, Troy, dass du den Zuschauern 3 Sekunden gibst, die Taste zu finden und stumm zu schalten. Hey, also ich nehme das halt auch ernst mit Spoiler-Geschichten, gell? Das ist für mich etwas vom Schlimmsten, wenn man noch einmal gespoilert wird bezüglich einem Game und keine Chance hat, irgendwie. Danke. Ihr wisst, was ich meine. Hey, oh mein Gott, wir müssen noch ein Foto machen, liebe Leute. Das ist schon fast vergessen. Arti, wir machen noch ein Foto. Wir machen noch ein Foto zusammen. Liebe Raiders. Oh nein, Pascal, habe ich dich überlesen? Oh, Pascal, ja, du hast auch schon mal Hi gesagt im heutigen Stream. Darum poppt das bei mir nicht auf. Sorry. Weil bei mir poppt halt immer auf, alle, die das erste Mal im Stream schreiben, habe ich wie gesondert auf einer Liste. Und du hast schon mal geschrieben, darum habe ich dich nicht direkt nochmal begrüßt. So. Oh, schau mal das AI-generated Bild an mit den Fotokameras und so, mit dem Objektiv. Schnell schauen, da können wir, glaube ich, schon ein bisschen, geben wir ein bisschen Unschärfe rein. Da. Das muss nicht so scharf sein. Sonst gehen wir runter da in den Details. Also, lieber Chat, alle einmal Ausrufezeichen Foto in den Chat schreiben. Dann kommt ihr da mit eurem Profilbild, so wie Fienchen und der Dave. Kommt ihr da aufs Foto drauf. Arti, du darfst dir noch etwas auswählen, was neben dir aufs Foto soll kommen. Alles gut, noch kein Stress. Ich bin mega spoiler-resistent, egal wer mir was spoilert, ich vergesse es immer wieder. Ich habe das aber auch, wenn ich so einen Spoiler gerade so knapp mitbekomme und dann so abwürgen und sagen, hey, bitte nicht mehr sagen, ich will nicht gespoilert werden, aber du hast eigentlich schon genug, ich habe schon genug gehört, habe ich die Fähigkeit, das wie so fest zu verdrängen, dass ich es nachher wirklich nicht mehr weiss. Habe ich schon x-mal geschafft. Ja, aber spoilert die Leute nicht, lieber Chat. Ne? Das macht man nicht, das ist unhöflich. Und darum schaue ich auch so extrem darauf, dass ich euch genug Zeit gebe, zum schnell muten und so weiter. So, Chocobo. Arti reitet den Chocobo, let's go. Art Shooting ist auf dem Foto, let's go, nice one. So, Chat, kommt alle aufs Foto. Hä? Alle, die jetzt meine Stimme hören, Chat. Kommt alle aufs Foto drauf. Oh, der Karls hat meine Stimme gehört. Karls, bist du auf dem Foto drauf? So, Nest, gute Nacht allerseits. Karls, jetzt noch einmal aufs Foto. Ah, du wärst ja schon drauf. Er kotzt mir ja wieder auf die Ecken runter. Karls, dann wünsche ich dir eine ganz gute Nacht. Schön, bist du dabei gewesen. Und schönen Sonntag, gute Nacht und bis zum nächsten Mal, Karls. Bye, bye, tschüss. Wenn dem so ist, dann gibt es sicherlich auch andere Autos, die ganz schnieke ohne Spoiler aussehen. Okay, die Spoilers gibt es auch noch, ne? Kaylee auf dem Vierteli, Lannister auf dem Vierteli. Nice one, nice one. So, letzte Chance. Ausrufezeichen Foto. Schnell schauen. Merci für den Raid, das ist der Titel. Perfekt. So, Chat. Wir machen das Foto in zwischen 7 und 15 Sekunden.
Oh, wie der Pingu gerade so die Augen zukneift. Oh, es ist halt alles ein wenig spät, aber der Pingu, der ist drauf. Ja. Liebe Arti, da unser wunderschönes Fetteli. Ab jetzt auf dem Discord Ausrufezeichen DC. Und genau. Kann man sich in physischer Form natürlich auch bestellen, wenn man will. Es gibt noch eine Insta-Story, die ich dann in den kommenden Tagen poste und dich markiere. Ich hätte Füße hoch, der kommt flach. At Sir Simple schreiben sollen. What the fuck, Pingu ist sauer. Da muss schnell schauen. Er ist auch not amused. Not amused, der Pingu. Holy shit. Nein, er macht die Augen zu, weil ich nicht Blitzdings bumsen. Wie weit ist der Rapos? Ich habe das Gefühl, bei 4. Leider. Arti, I'm so sorry. Aber ja, Pascal, merci, dass du mich nochmal daran erinnerst. Wir sind bei 4 von 15. Wenn voll, dann gibt es den nächsten Bosskampf. Arti, du wärst dann natürlich Dungeon Leader. Aber es ist immer so, um die Zeit kommen noch Raids rein. Also, wir gucken. Die Raids kommen, wenn sie kommen. Es ist eher so ein Augenschließen und Seufzen. Unamused ist irgendwo anders vom Ausdruck. Ja, true. Ja. I see. Stimmt. So, und hey, ich habe Karandar, den habe ich gar noch nicht begrüßt. Karandar, grüezi wohl. Schön, dass du da bist. Du warst auch noch auf dem Foto. Mega nice. Wie geht's dir? So, Chat, wir gehen noch ein bisschen ins Gameplay rein. Wie gesagt, Alan Wake 2 DLC, Episode 3. Wir sind jetzt schon ein bisschen in der Episode drin. Also ab da Spoiler-Territory für die sich nicht spoilern lassen. Und ab jetzt erkläre ich auch, um was es geht. Wir sind jetzt irgendwie in einem Multiversum ist so ein Stichwort in dieser Episode. Und wir sind jetzt irgendwie in der Comic-Version gelandet. Und jetzt sehen wir alles so in Comic-Form. Das ist mega gut gemacht. Holy shit. Ist jetzt das Musik von Spotify? Oh nein. Das klingt echt mega ähnlich. So, Why is he after me? Who is Dor? There are legends about him going back further than we can trace. They say he found an opening to a horrifying parallel reality that consumed him. Gave him access Someone to bought all epic merch death. from the Troy Hammer and Merch The Store. feedback loop killing. You are awesome. Haben muss, D. Jetzt machen wir natürlich Arti. Hey. Okay, sorry, er hat mich unmuted. Hey, Marti, merci vielmals. Danke vielmals. Gut. Arti hat das Foto bestellt. Haben muss, hat er gesagt. Merci vielmals für das. Dann würde ich sagen, wir drucken das noch schnell aus. Arti, bist du schon am Gehen? Ah nein, Schmarz ist am Gehen. So, ich gehe mal auf Hause, gutes Nächtchen und viel Spass. Hey Schmarz, merci vielmals, schön bist du da gewesen. Ich wünsche dir auch ganz eine gute Nacht, schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Man liest sich, man sieht sich. Bye bye, tschüss. Und übrigens, merci fürs Unmuten. Ich habe mich tatsächlich gemutet. Wisst ihr wieso, Chat? Ich kann schnell das führen. Genau. Ich habe Hunger. Also, Arti. Let's do this. Ich muss den Power-Knopf noch finden hier bei meinem Gerät. Also, Arti, ich nehme an, du willst das neueste Foto. Du kannst natürlich auch sagen, du kannst immer wählen. Wir können auch weiter zurück, wenn du irgendwie noch ein anderes Foto von dir willst. Aber du sagst mir eigentlich eins, let's go. Dann drucken wir das. Ich muss noch schnell da mit dem Drucker verbinden.
habe gerade die falsche Reihenfolge gemacht. Da. Wo ist es denn hier? Instax. Printfoto. Print-Rate-Foto. Oh, der Bub auf Seite 1, Bild 3 ist ja fest. Let's go. Ja. Dieser Strohhut, Dave, ne? So, wir drucken das Foto Nummer 1, Chat. Das Geilste wäre, wenn jetzt auch... What? Wieso ist das jetzt nicht gegangen? Nochmals probieren. Wenn jetzt auch so der Dave rauskommt. Es ist so gut, Chat. Es ist so gut. Oh, let's go. Oh, und jetzt ist die Frage, was taucht jetzt da auf? Ist es der Arti oder ist es der Dave? Hey, merci simpel. Danke vielmals. Ah, Das ist das Richtige. Es ist das Richtige. Es kommt langsam, Chat. Es kommt ganz langsam. Hey Arti, merci nochmal wirklich vielmal für das Bestellen von diesen physischen Fotos. Ich habe mir mega Freude. Und ihr zahlt ja, also es gibt ja noch mehr dazu. Es gibt noch ein paar Stickers dazu. Du bekommst wahrscheinlich irgendwie die 5. Autogrammkarte noch über, aber ich lege dir die dabei, die gehören dazu. Aber schlussendlich, ich verlange eigentlich nicht irgendwie zusätzlich etwas. Ich verlange wirklich so das Material, also da, was mich halt gekostet hat, Stickers und so, und was mir auch das eine Ding da kostet, abgebrochen. Das ist ja da, was ich verlange. Also, und darum bin ich auch mega Freude, wenn es die Leute einmal wirklich auch bestellen. Das ist mega nice. Also, lieber Chat, noch nicht ganz fertig entwickelt. Schwarz wird auch raus gegen Greenscreen, oder? Aber sehr schön. Es ist ein gutes Foto. Es ist ein gutes Foto. Ich freue mich schon mega. Hast du, Arti, ich muss da schnell etwas vornehmen, wo ich es getroffen habe. Hast du den Sticker, hast du den schon bekommen? Hast du den schon, den Franziskus Mini-Sticker? Von denen, die sind jetzt neu. Ich lege dir, okay, let's go, dann lege ich dir ein paar von denen dazu. Weil ich weiss, du hast wahrscheinlich die meisten Stickers schon irgendwie doppelt und dreifach. Dann lege ich dir mehrere von den Franziskus-Stickers dazu. Meine Stimmung ist jetzt so toll, danke dafür. Oh, Arti, das macht mir wiederum Freude. He? Let's go, Arti, das ist mega schön. Das ist mega schön. Ich glaube, deine Adresse habe ich noch, und sonst frage ich dann nochmal. Aber ich glaube, ich habe sie noch irgendwann im Post-Tool drin. So, Arti, let's go. Mega schön, mega schön. Und haben wir alles gemacht? Jetzt muss ich ganz schnell überlegen. Ich glaube. Sonst sagen es mir, Chat, wenn wir irgendetwas vergessen haben. Der Bosskampf ist noch nicht ready, haben wir vorher nicht geschaut. Da würden wir noch ein bisschen ins Gameplay zurückgehen. Und ich nehme da noch so einen Biss. Es ist so gut, es ist so geil, Chat. Es ist so geil. Und gute Nacht, Pascal. Mögen dich die funkelnden Sterne am Himmel sanft in den Schlaf wiegen, während Mystery Chest dir süße Träume schenkt. Troilena, die Streamerin, wacht über dich, bis ein neuer Tag erwacht. Oh? Pascal und Troilena? Herzli und so. Ja?
Hey Pascal, schön bist du dabei gewesen. Ich wünsche dir ganz eine gute Nacht. Schönen Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal, Pascal. Und tschüss, bye bye. Ich werde mal wieder gefesselt bei dir im Stream. Ich werde dich eigentlich so langsam ins Nest. Viel Spaß dir noch, einen schönen restlichen Stream und später eine wunderbare gute Nacht auch an euch. Chat, hey Pascal, merci vielmals. Merci vielmals. Dir auch, merci vielmals. Danke. So, Chat, Musik aus, Spiel weiter. Wir sind immer noch im Comic. Ja? Im Comic und es geht weiter. I am on the threshold. No. A door everywhere. We don't know why, but he sees the versions of you as a threat. He's killing them, bringing them back as time breakers. Okay. We thought he was after Branch. Now I'm thinking he's been after you. Your lives. Wake. Wake. Many worlds. We've been through the door. All right. What can I do? He must be stopped. He leaves dead realities in his wake, and he is only picking up speed. I'm just an actor. You could have fooled me. Aber du bist, Travel through realities with greater accuracy than anyone I've ever du seen. bist der Sean Ashmore, Mann. You picked it up just like that. Finding the place that made him may be the key to killing him. That was our theory. But we could never find it. Maybe you can. Kopf, da muss ich immer so viel drücken. Da kann ich nicht einmal anständig etwas essen bei diesem Spiel. Da muss ich so viel machen. Was there something between you and Branch? What you think you are feeling is just an echo. Some other version of us in some other lifetime. Maybe. You'll come back for me? Maybe. Wish me luck. Luck is just an echo of an event carried over from another reality. Okay, interesting. Chat, ich muss schnell etwas zu trinken holen, ohne Scheiß. Ich verruste hier, ne? Be right back. So. So, ich habe mir gegönnt ein Vitamin Well. Bin nicht gesponsert von Vitamin Well. Ist aber echt geil. Geiler Shit, Mann. Vor allem im Sommer finde ich das so genial. 3. Nice, nice. Jetzt habe ich es fast wieder verpasst, Fienchen. Jetzt habe ich es fast wieder verpasst. Aber es ist halt schon wieder 3, hey, krass. So, Chat. I was an REC agent. This was my mission now. I focused on him. The darkness, the entropy, door. The master of many worlds. The master.
Silveli! Kleiner als 3. Kleiner als 4. Silveli, wie geht's dir? Schön, dass du da bist und merci vielmals für den Resub im 25. Monat. Danke vielmals, Silvi. Wie geht's dir? Holy shit. Kokainum. Kokainum. Hey, mega. Das freut mich jetzt mega. Das freut mich mega. Bounce ist auch noch wach mit Kokainum. Finally, sorry, ich bin so lange nicht in deinem Stream gewesen. Hey, kein Problem. Silvi, ich sage es jedes Mal, es ist kein Problem. Umso mehr freue ich mich, wenn du dann wieder mal vorbeischaust. Hey Silvi, alles gut? Ja? Es geht mir. Ja. und wie geht's dir? Gut, danke. Nur ein bisschen verkältet. Oh no, Silvi, dann wünsche ich dir eine gute Besserung. Aber wie hast du dich denn verkältet? Gut, es ist auch ein bisschen kühl geworden, jetzt in den letzten Tagen. Bist denn du raus? Geh baden in der Kälte? Silvi. Das kann passieren. Kennen wir alle. Diese Silvi. Irgendwann möchte ich dich wieder mal in real sehen. Einen guten Talk haben mit dir. Das ist immer geil. Ich sage es jedes Mal, so ein Gaming-Hotel, das es ja irgendwie nicht mehr gibt, I don't know. Irgend so ein Event in diese Richtung, so klein, aber fein. So, Silvi, wir machen hier noch ein bisschen weiter. Ein Gameplay. Ich lese noch eine Nachrichten, da schon noch. To be continued. Oh, no way, Chat. Oh mein Gott. No fucking way. No fucking way. Wie geil ist denn das, bitte? Aha, okay, jetzt haben wir natürlich kein... Verpiss dich. Achtung. Hey, wie gut. Hey, ich bin so geflasht von dem DLC. Holy shit, Mann. Ich lese noch schnell den Chat. Wir sind gestern an einer Hochzeit gewesen und dort haben wir uns verkältet. Oh shit. Ja, okay. Beide in dem Fall. Erik auch. Shit, Mann. Hey, dann... falls ihr euch beide verkältet habt, das tönt noch, wünsche ich euch beiden natürlich auch gute Besserung. Gaming Hotel gibt es, glaube ich, noch, aber wir können uns auch einfach sonst mal treffen. Der Erik wäre natürlich auch dabei. Ja, das wäre schon cool. Hey, also das DLC ist, ich finde es einfach nur geil. Es hat Schwächen, aber jetzt das ist wieder so ein Part, der flasht mich brutal. Das ist wieder so absolut kreativ. Jetzt haben wir vorhin eine Comic-Version gehabt. Also für all die es jetzt nicht mitbekommen haben, in dieser Episode spielen wir den Sean Ashmore, also der reale Schauspieler vom Sheriff Alan Wake 2, mit Multiversum-Element. Und jetzt sind wir irgendwie zuerst im Ocean View Hotel gewesen, vorhin sind wir noch irgendwann gewesen. Dann sind wir in dieser Comic-Variante gewesen, zusammen mit der Jessie aus dem anderen Spiel Control. Und jetzt sind wir hier in dieser Side-Scroller-Version. Ja, so retro-mässig. Gut. Leider sind die Untertitel nicht Pixelart. Ja, okay, ja. Das haben sie nicht gedacht. Er hat gesagt, Gaming Hotel ist 2. und 3. November. Ohne Scheiß. Da müssten wir halt schon fast gehen, oder? Schauen wir uns nochmal an, Silvi, bevor es so weit ist. Danke vielmals, Troy, sehr lieb. Hey. Ja, danke dir. So. Naja, was... das ist beides aufs Mal. Quasi zuerst Taschenlampe und er schiesst dann auch direkt. Achtung! Kann ich sonst noch etwas machen? Ich kann...
Scheiße, Mann. Gang weg, Mann. Ich kann mich tatsächlich noch ein bisschen im Raum bewegen. Okay, das ist jetzt aber speziell. Dass das auch geht. Ich glaube, das wäre nicht einmal notwendig gewesen, dass ich mich hinter und vorne bewegen kann. Das macht es ein bisschen komisch. Wenn man merkt, dass der Raum ist eigentlich in 3D. Pixelig, aber immer noch in 3D. Ja, jetzt schiesse ich halt nebenan, weil ich halt nicht am richtigen Ort stehe. Welle 3. Chat, ein bisschen lauter kann ich glaube noch machen. Wenn man bedenkt, man kauft sich Bildschirme mit im mittleren 3- bis 4-stelligen Wert in Full HD bis 8K Grafik und weiß ich nur, um Game in Dom-Grafik zu zocken. Well played. So true, so true. Aber es ist ein kleiner Teil vom Spiel. Es ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine artistische irgendwas. So ein Schwenk. Ja? Dann ist es natürlich okay. Dann ist es natürlich okay. Das wäre dann die Ära, wo man noch nicht alles in 3D gerendert hat. Mhm. Ja, da geht jetzt weiter, ach, bis in alle Ewigkeit, oder? Welle 4. Wäre halt geil, wenn ich noch andere Waffen hätte, ohne Scheiß. Beeindruckend, du könntest unter allen Versionen der Auserwählten sein. Komm auf meine Seite, bla 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 bla. Nein, niemals! Das geht viel zu schnell, Chat. Außerdem habe ich gelogen. Oh, okay. Wir nannten Energieknoten mit Chat. Ich muss zum Fernsehen, okay. Ist da jetzt schon vorbei? Das hätte es ein bisschen mehr auskosten können. Meiner Meinung nach hat man da vielleicht noch mal, sagen wir mal 10 Minuten können anhängen, ein bisschen Abwechslung, ein bisschen andere Waffen. Da hat man sich recht können austoben in dieser 2D-Retro-Welt. Fühle ich 3080 Ti verbaut, um ein 12 Jahre altes MMO zu spielen, das CPU-bound ist. Ja. Ja. Was hast du für eine CPU? Das nimmt mich jetzt nur Wunder, Dave. Weil aktuell regt mich, der Intel regt mich so auf, ne? Mit diesen Kack-Prozessoren, ne? Und ich habe halt auch eine 13900K. Ich würde am liebsten direkt jetzt ein Ryzen-System kaufen, aber das Geld dafür will ich ehrlich gesagt jetzt nicht ausgeben. Also ist das jetzt Alan Wake 2? Ich kenne das Game nicht so gut. Silvi, ja. Also da, wo du jetzt siehst, ist ein bisschen sehr speziell. Aber Alan Wake ist eigentlich ja... Gut, nochmal schon das ist mega schwierig zu erklären. Das ist jetzt DLC. Und das DLC ist halt komplett losgelöst. Also wir spielen nicht den Alan Wake, wir spielen auch nicht die andere Person, die wir jetzt im Alan Wake 2 gespielt haben. Also Alan Wake 2 ist so wie, man spielt Alan Wake zu 50% und zu 50% eine FBI-Agentin. Ohne das jetzt gross etwas spoilern. Und das DLC ist auch nochmal komplett andere Personen. Und zum Teil auch Personen aus anderen Games von Remedy. Und jetzt hier in diesem Fall ist sogar der Schauspieler, den wir endlich spielen, der einen Charakter im Alan Wake 2 spielt. Das ist komplett losgelöst.
Darum da, was du jetzt hier siehst, hat eigentlich nicht viel mit Alan Wake zu tun. Also, du musst dir ein separates Bild machen von Alan Wake 2, das möchte ich eigentlich sagen. Aber es ist absolut empfehlenswert. Es ist halt so ein bisschen, Alan Wake 2 ist so ein bisschen Horror, aber sehr story-driven und von der Game-Mechaniken mega kreativ. Also, wenn du gerne auch so Fälle, so ein bisschen das FBI-Falllösen-Feeling haben, dann go for it. Das ist vor allem, wenn du eben die FBI-Agentin spielst, ist das ein sehr, sehr geiler Part. Toll, dass du den random Würfel von Mario Kart kaputt gemacht hast. Das war der Energieknoten. Man hätte vielleicht ein paar Jump-Sequenzen einbauen können. True. Ich spiele mit einem Intel Core i2 Duo. What? Okay. 4K-Monitor nur um die neuesten Games mit DLSS zu zocken, weil man sonst kaum über 30 FPS kommt. Ja, für mich war, also 4K-Monitor ist kein Thema. Das ist nicht was, das ich brauche. Weil ich auch, also 4K, also so einen großen Unterschied merkt man ja dann nicht, außer eben, dass man halt wenig FPS hat. Ich hatte einen 5900X verbaut, also AMD. Der hat aber einen Schlag bekommen, also habe ich gedowngradet, um ein Upgrade zu bekommen. 5800 X3D jetzt, der ist so geil, okay. Ja, also jetzt Intel bringt ja auch die neuen CPUs irgendwann dieses Jahr. Ich werde mir das ein bisschen angucken, aber jetzt ist für mich klar, nächstes System AMD. Ich will diesen Intel-Quatsch nicht mehr. Ich habe die Nase voll. Die Probleme, die ich hatte, ne? Und jetzt ist es, alle haben jetzt ein bisschen die Probleme, jetzt ist es bekannt. Aber damals, als ich die Probleme hatte, da konnte man googeln, man hat nichts gefunden. Und ich wusste nicht, wo das Problem war. Und seit da habe ich die Nase voll. Interessante Idee für das DLC, absolut Silvi, absolut. Mit extremer Sprunghöhe, ja, Carnage, true. Ja, viel verschenktes. Vielleicht geht es ja noch weiter, wir gucken jetzt. Ich gehe jetzt in den Fernseher rein, aber dann bin ich natürlich in einem anderen Multiversum. Was könnte jetzt noch kommen, Chat? Jetzt können wir wieder Vermutungen anstellen. Ein Race-Game könnte noch kommen. Wo wir das Rennen fahren müssen. Einen Shooter haben wir jetzt schon ein bisschen gehabt. PS1 mit fixierter Kamera. Das wäre auch noch nice. I've been brought to the very edge of the multiverse. Or some deep, dark trench. The very edge of the multiverse. Everything sucked dry of color and energy. Loki, wo bist du? I had to find Door. Or the means to travel on. Ja, ich glaube, wir sind jetzt schon langsam am Ende von dieser Episode. Oder? Konfrontiere den Meister vieler Welten. Ich glaube, das ist schon das Ende. Jetzt haben wir da wieder unser normales Ding. Wir haben ein bisschen Munition, wir haben ein bisschen Taschenlampe. Ich nehme an, jetzt gibt es nochmal so richtig Action. Visual Novel, Gut, eben, wir haben alle unseren Comic-Part gehabt, der geht so ein bisschen in die Richtung. Point-and-Click wäre halt auch geil gewesen. Das wäre wirklich auch geil gewesen. Also ich finde, da hätte es wirklich noch so viel machen können. Und gerade so 2D-Sachen und Point-and-Click, würde ich jetzt mal behaupten, braucht ja nicht so extrem viel Entwicklungsaufwand. Hat jetzt noch ein bisschen mehr erwartet. Noch weitere Multiversum-Möglichkeiten, wo wir auch in anderen Spielgenres sind. Oder Stil. Go to hell. Go to hell. So, jetzt wird gekämpft, Mann. Er sagt, nein, ich werde jetzt endlich meine Flashbangs noch nicht brauchen, Chat. Sorry, muss da schnell ein bisschen
Lautstärke anpassen. Pac-Man wäre auch geil. Das wäre auch richtig gut. Ja, komm, lad noch ein bisschen nach. Gehen wir schnell ein bisschen rumsäckeln. Wow. Wow, hey, dude. Lad noch ein bisschen nach. Wir haben alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt. Husa. Oh, das Encounter ist der falsche Counter. Nein. Habe ich jetzt die Knöpfe vertauscht? Hallo? Ich will nicht das Encounter. Ich will den Death Counter. Hallo? Chat. Ja, 6-mal bin ich gestorben, Chat. Ich glaube, das reicht. Ja. 2-mal pro DLC quasi. You made a mistake. Go to hell. Ich werde eben die Flashbangs noch ein bisschen aufsparen, weil vielleicht brauche ich die nachher für den Hauptgegner. Nein, treffen halt nicht, oder? Treffen halt nicht. Ah, das ist so mühsam, Mann. Und er ist die ganze Zeit, muss er nachladen. Das ist dann wieder der Nachladesimulator, den wir hier spielen, Chat. Also. Nur 6 Mal. Dann geht noch. Also die 69 müssen wir schon noch erreichen. Ich glaube, im Alan Wake Hauptspiel habe ich es auf 69 geschafft. Aber ich glaube, ich habe dort noch ein paar. Ich glaube, etwa 3 habe ich noch dazu erfunden am Schluss. Damit wir bei 69 sind. Aber irgendetwas mit 60 habe ich dort schon gehabt. Und Fienchen ist so richtig in Stress gekommen. Stellenweise. Als Death Count Master. I'm not here. I was never here. Jetzt lacht er wieder so blöd. Oh, das ist der Fernseher-Chat. Der Fernseher. Ha. You are God's prey. You will never catch me. Jetzt hört mal auf da. Immer die blöden Sprüche. Nein, jetzt gang mal weg da hinten, Mann. Geht weg. Scheiße, Mann. Okay. Wow, jetzt sterbe ich doch ein bisschen häufig. Ja? Also. Aber die Flashbang ist wirklich. Sorry, die Flashbang ist für nichts. Die Flashbang ist für nichts, Chat. Da kann ich gerade so gut eine Batterie rühren. Aber was ich halt mal machen müsste, ist mich heilen. Da der Hard Mode. Ich bin nicht so gut mit dem Hard Mode. Machen wir ein bisschen Easy Mode. 8 wäre auch nicht ein Termin zu. Gruselig, das Game wäre nicht für mich. Also, ich muss schon sagen, ja, das ist so ähnlich, wie man es bei der Hauptstory von Alan Wake auch hat, mit diesen Geistern, die man zuerst mit der Taschenlampe muss anzünden muss. Das ist schon auch so im Hauptgame. Aber du hast wie beides. Der Alan Wake-Teil ist eher gruselig. Der FBI-Agententeil ist
eher so ein bisschen Story und Fall lösen und so. Und es überschneidet sich dann auch ein bisschen weit. Aber ja, es ist im Horror-Genre angesiedelt, definitiv. Die 8 aus The Stanley Parable. Oh mein Gott, das habe ich sogar gezockt. Stanley Parable. So. Jetzt tue ich da nicht den Burst Mode brauchen, das ist für nichts. Ja gut, ich treffe trotzdem nicht, nice. Die ganze Zeit ist er am Nachladen, Chat. Gut, also. Aber interessant. Ja, es ist halt wirklich so, wenn du sagst, hey, Horror ist nicht so mein Genre, ist es eben mega schwierig. Trotzdem kann ich dir wie Alan Wake mega ans Herz legen. Von der Story her, die zwar ultra komplex ist, aber vor allem auch so ein bisschen das FBI-Ding, das hat mir mega gefallen. Das ist so kreativ gemacht mit der Game-Mechanik auch. I was close. Ja, vielleicht kennst du das Prinzip mit dem Gedankenpalast. Ja? Der Mind Palace. Und das brauchen sie als Game-Mechanik beim FBI-Agenten-Part. Kannst du wie immer in deinen Mind Palace gehen. Das ist so genial. I knew I was close now. So. Vielleicht haben wir noch mal so einen Abstecher in irgendetwas Spezielles, Chat. Wir gehen noch mal in den Fernsehen rein. Aber hast schon im Eric zugeschaut, wo er den ersten Teil gespielt hat. Ja, okay. Der erste Teil war dafür auch von der Game-Mechanik recht simpel gewesen. Okay. Wir haben noch mal einen Abstecher. Jetzt, das wird interessant. Chat, ja, ich bin halt da ein bisschen im Weg. Ich bin halt ja, so knapp im Weg. Ganz geil. Okay, nehmen wir wieder zurück. Es kommt noch mehr. Ja. Es kommt noch mehr. Da haben sie sich jetzt ein bisschen austobt in der, wie sagt man dem Genre, Chat? Text-Adventure-Genre. Wenn das DLC durch ist, bin ich es dann auch. Ich check es aber immer noch nicht, um was es dort wirklich geht. Passiert das in seinem Kopf oder was sind das für Monster? Es ist mega schwierig auch zu erklären. Also, ich habe auch Mühe. Mit der Story, es gibt vieles, was ich nicht wirklich so verstehe. Ich würde jetzt nicht sagen, es passiert in seinem Kopf, aber es gibt Passagen, ja, die passieren irgendwie schon so ein bisschen in seinem Kopf. Und grundsätzlich nein. Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass alles in seinem Kopf passiert. Es ist schon vieles auch übernatürlich, wo abgeht. Aber es ist, also der erste Teil ist schon kompliziert und der Alan Wake 2, der zweite Teil, ist auch noch 50 Mal komplizierter. Just saying. Also, Chat, wir machen da mal den Teil. Nach dem traumlosen Schlaf kommst du zu dir und wirst dir allmählich der völligen Leere bewusst. Es existiert nichts. Chat, was machen wir? Konzentrieren oder schlafen gehen? 1 oder 2? Konzentrieren 1, schlafen gehen 2. So schlafen gehen und dann kommt auch der Abspann. Garnet sagt 1. Chat, andere Stimmen. 3. 3. Oh. Machen wir mal 1. Konzentrieren. Du suchst okay, nice one. Du suchst nach etwas, auf das du dich konzentrieren kannst. Plötzlich siehst du eine geometrische Form vor deinem inneren Auge. Ein fünfeckiges Trapezoeder. Woher du den Namen dieser Form kennst, das weißt du nicht. Okay.
Du spürst, wie du verblasst, auseinanderdriftest und dein Wesen im Strom des Bewusstseins, der Ebbe und Flut deiner Gedanken verlierst. Zusammenreißen, Eis oder dich hingeben, 2, Chat. Er steuert jetzt. Ebbe. Genau, Ebbe. Genau so sagt man das, Chat. Ebbe und Flut. 3. 2, simpel. Dich hingeben. Also sehr simpel. Eins, Finnchen. Aber eine Stimme brauche ich noch. Chat, ich brauche noch eine Stimme. Wir haben 2 und 1. Wir brauchen noch eine 2 oder eine 1. 1. Arti. Zusammenreißen. Du reißt dich zusammen und versuchst, gegen die Strömung anzukämpfen, um an die Oberfläche zu gelangen. Als du dich wieder gesammelt hast, merkst du, dass dein erster Eindruck falsch war. Da ist etwas und da bist du. Langsam spürst du die Worte, die das hier beschreiben, wie es ist. Hier in den entlegensten Winkeln des Multiversums hast du eine Realität erreicht, in der nur Ideen existieren. Eine Vorstellung von der Realität, eine konzeptionelle Realität. Ein Gedanke versucht, sich in deinem Kopf zu bilden. Auf den Gedanken konzentrieren. Du konzentrierst dich auf den Gedanken und alles wird klar. Am Anfang war das Wort. Hier existieren nur Worte. Sie sind alles. Sie beschreiben diese Welt und dein Dasein. Die Worte entschlüsseln. Die Worte beschreiben, wie du in einer kargen, konzeptionellen Wüste stehst. Sie dehnt sich bis in die Ewigkeit aus. Du wartest unermesslich lange an einem Ort außerhalb der Zeit. Oberhalb kollidieren Ideen von Sternen lautlos und zerfallen zu schwarzen Löchern. Chat. Nachher sind wir wieder hinter dem Bücherregal, oder? Ja. Die Vorstellung von der Wüste sorgt für ein Durstgefühl. Chat. 1. Eine Tasse Kaffee vorstellen. 2. Eine Tasse Tee vorstellen. 1 oder 2, Chat. Fienchen sagt Eis. Gib dich hin. Schwarze Löcher dehnen sich aus. Simpel 2. Eis. Das heißt, wir möchten eine Tasse Kaffee vorstellen, Chat. Als du dir eine Tasse Chat. Eine Tasse Kaffee. Ich bin langsam müde. Als du dir eine Tasse Kaffee vorstellst, dein Lieblingsgetränk, manifestiert sie sich. Der Gedanke davon, das Konzept des köstlichen Geruchs und Geschmacks. Du genießt es und stellst dir vor, davon zu kosten. Dir wird klar, dass deine Gedanken hier so real sind wie alles andere. Deine Situation einschätzen. Dir wird klar, dass du für immer hier festsitzen könntest. Vage erinnerst du dich, dass du auf einer lebenswichtigen Mission bist. Du spürst, wie sich die Details bereits auflösen. Du musst einen Weg finden, um zu entkommen, bevor du dich wieder verlierst. Bei deiner Reise durch den Strudel, hattest du immer einen Zielpunkt vor Augen. Könnte das auch hier die Lösung sein? Chat. 1. Auf den Meister vieler Welten konzentrieren. 2. Auf die rothaarige Frau konzentrieren. Und wir reden nicht von Ariel, der Meerjungfrau, sondern von Jessie. 2. Okay, ich wähle 2. Wolfi schreibt noch, oh mein Gott, ich werde auch einen Kaffee manifestieren. Ich glaube, das werden wir alle können. Holy shit. Also, rothaarige Frau. Du denkst an sie und sie ist da. Du bist bei ihr. Diese Version von ihr weiß nichts über das Multiversum. Ihr Name ist Lisa. Das ist die falsche rothaarige Frau, verdammt. Sie ist Tänzerin. Sie trägt einen spiralförmigen Anhänger um ihren Hals. Du spürst, dass eine starke Anziehungskraft von ihr ausgeht.
Das ist nicht die Jessie, das ist die Lizzie. Chat 1. Ihr sagen, dass du wegen ihr zurückgekommen bist. 2. Ihr danken, dass sie zurückgekommen ist. 1 oder 2. Zwei. Okay, dann nehme ich die 2. Sie hält es für einen Anmachspruch, aber du entlockst ihr ein Lächeln. Es klingt so, als wäre das schon viele Male in vielen Realitäten gesagt worden, was der Aussage Gewicht verleiht. Nicht lange danach seid ihr ein Paar. Das ist jetzt aber schnell gegangen. Haben wir schon geheiratet, haben wir schon Kinder bekommen. Du bist überglücklich, aber das, was du im Multiversum erlebt hast, verfolgt dich noch immer. 1. Vergangen, vergessen. Vergangenheit vergessen. Nummer 2. Vergangenheit verheimlichen. Vergessen oder verheimlichen, Chat. 1 oder 2. 2. Verheimlichen. 2, okay. Du packst deine REC-Ausrüstung in eine Kiste und fährst zu einer Brücke. Dort wirfst du sie über das Gelände und beobachtest, wie sie im dunklen Wasser versinkt. Die Wellen breiten sich auf der schwarzen, spiegelnden Oberfläche aus. Du schwörst dir, deine Vergangenheit vor allen zu verbergen, sogar vor Lisa. Sie würde dich für verrückt halten. Niederlassen und dein Leben mit ihr verbringen. Du kehrst zur Schauspielerei zurück, hältst dich aber von Videospielen fern. Du liebst Lisa, aber ihr könnt nicht viel Zeit miteinander verbringen. Ihr seid beide sehr beschäftigt. Sie trainiert hart, da sie an einer großen Tanzproduktion arbeitet. Du merkst, dass sie sehr müde ist und es ihr nicht gut geht. Sie hat Probleme mit ihrem Knöchel. Sie bittet dich um Rat, soll sie ihre neue Show absagen oder weitermachen? Chat. Sie fragt euch. Nummer 1. Ihr raten sie abzusagen. Nummer 2. Sie ermutigen weiterzumachen. 2. Eine 2 von Carnage. Das sind ja jetzt viele 2. 2 von Simple. Ist das eine von diesen Fanfictions aus dem ersten Teil vom Diaz? Gute Frage, Fienchen, gute Frage. Aber ich sage 2. Also wir ermutigen sie, weiterzumachen, obwohl sie Probleme hat mit ihrem Knöchel. Du ermutigst sie und sie ist erleichtert. Sie freut sich, dass, was haben wir, das ist ein Kommafehler, Chat. Moment schnell. So Sachen kann ich nicht sehen. Chat, kleiner Unterbruch. Bin gerade für euch da. Nein, das ist doof, das sieht so doof aus. Okay, Chat, wir machen weiter. Da voll der Bruch im Flow von der Story. Also, du ermutigst sie und sie ist erleichtert. Sie freut sich, dass sie mit deiner Hilfe und Unterstützung weitermachen kann. Am Premiereabend knickt sie auf der Bühne, oh no, mit dem Fuß um. Auf dem Röntgenbild ist eine Fraktur zu sehen. Chat, what have we done? Ihre Show wird abgesagt. Sie ist am Boden zerstört. Und Chat ist schuld. Chat, Nummer 1. Ihr Freiraum lassen. Nummer 2. Einen Weg finden, sie abzulenken. 1 oder 2. 2. Ach, wenn andere die Schuld zuweisen. Klassiker. Wir haben 2. Okay, wir brauchen noch eine Stimme. Chat, ist noch jemand, der eine Stimme abgeben will?
Wir haben 2x2, 2x1. Und sonst tue ich dann 1, 2. Leute, wir haben 3x1, 3x2. Ist noch jemand rum, der noch nicht gewotet hat? Das ist jetzt schwierig, ne? Ja, aber es ist auch Freiraum lassen oder sie ablenken. Okay, Chat, dann entscheide ich noch. Das ist schwierig, das ist echt nicht einfach. Ich lenke sie ab, Chat. Ich lenke sie ab. Du hast das Gefühl, dass ihr beide eine Auszeit vom Stadtleben braucht. Du überrascht sie mit einer gemieteten Hütte auf einer Insel in einem atemberaubenden Kratersee im pazifischen Nordwesten. Du redest dir ein, dass ihr euch dort ausruhen könnt. Du glaubst, dass ihr dort glücklich sein könnt. Sagen, dass du sie liebst. Sie sagt, dass sie dich auch liebt. In jener Nacht reißt sie ein schrecklicher Albtraum aus dem Schlaf. Sie ist verzweifelt, doch schließlich beruhigt sie sich in deinen Armen. Von da an kehrt der Albtraum jede Nacht zurück. Hey! In ihrem Traum ist sie sich des Multiversums und der vielen Versionen von dir und ihr selbst bewusst. In ihren Träumen wirst du wieder und immer wieder ermordet. Holy shit, Mann! Sie will nicht mehr schlafen. Das bereitet dir Sorgen. Chat, ihr seid wieder am Zug. 1. Ihr die Wahrheit über das Multiversum verraten. 2. Die Wahrheit verheimlichen. Eins. Okay, ich glaube, wir machen 1. Wir sagen ihr die Wahrheit. Du verrätst ihr die Wahrheit über das Multiversum. Ihre Träume fühlten sich so echt an, dass sie dir sofort alles glaubt, was du ihr erzählst. Sie ist außer sich vor Wut, dass du ihr das verheimlicht hast. Chat. Wieso haben ihr das verheimlicht? Sag ihr, du hättest Angst gehabt, dass dir niemand glauben würde. Sie versteht dich. Es klingt verrückt. Puh. Ihr alles erzählen, was du weißt. Ab diesem Zeitpunkt ist sie besessen vom Multiversum. Sie will über nichts anderes mehr sprechen und ist entschlossen, so viel wie möglich darüber in Erfahrung zu bringen. Eines Nachts schreckst du auf. Sie ist nicht da. Sie hat eine Notiz hinterlassen. Draußen hörst du jemand ins Wasser warten. Das ist das ist schon ganz verdächtig. Alan Wake Teil 1. Chat? Nummer 1. Die Notiz öffnen. Nummer 2. Run. Rausrennen oder die Notiz öffnen. 2. Run. Warum macht es im Kopf gleich zack, Multiversum? Hey, same. Ich habe es überlegt, ob ich Troilina einen Text einbauen beim Vorlesen. Eis. Notiz. Ablobby. Das ist kein Tittenspiel hier. Notiz. Die Notiz. Okay, let's go. Jetzt ist es auch angekommen. 1. Die Notiz öffnen. Als du die Notiz öffnest, hörst du, wie ein Lumi Vista TV aktiviert wird. Das Geräusch des Struddels zwischen den Welten. Sie hat deinen PRS in die Finger bekommen, den du einen halben Kontinent von hier entfernt in einem Fluss versenkt hast. Sie hat sich auf die Suche nach ihrem Schicksal im Multiversum gemacht. In der Notiz ist außerdem ein spiralförmiger Anhänger. Ihren Anhänger aufheben. Du hebst ihren spiralförmigen Anhänger auf. Dir wird klar, dass du vom Weg abgekommen bist, deine Mission und dein Ziel vergessen hast. Du bist vom Kurs
abgekommen, getragen von den Strömungen deiner Hoffnungen und Ideen in dieser konzeptionellen Realität. Du runzelst die Stirn und versuchst dich zu erinnern, wo du eigentlich hin wolltest. Was war die Mission? Du suchst danach, während du in den Gedanken nochmal alles durchgehst. Plötzlich fällt es dir wie Schuppen von den Augen. Du hast versucht, zum Meister vieler Welten zu gelangen. Da war etwas mit einer Tür. Auf die Tür konzentrieren. Chat, Moment. Auf die Tür konzentrieren. Wir konzentrieren uns auf die Tür. Damit rückt eine Tür in den Fokus. Du merkst, dass etwas daran fehlt. Chat, Nummer 1, den Anhänger an der Tür aufhängen. Nummer 2, die Tür öffnen. Hey Sali ZH Highway Ratzer. Sali, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ich bin die Nacht raus. Viel Spaß noch bis ein andermal und gute Nacht. Gute Nacht, lieber Carnage Rage. Lass die Sorgen verrecken und die Träume ausbluten, während du friedlich in das Land der Träume driftest. Möge dein Schlaf nicht elendig sein, sondern von Stargate-Abenteuern getragen. Schlaf gut. Hey Carnage, schön warst du hier. Schlaf gut. Schönen Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal. He? Schlafe elendig gut. Eis. Ich glaube, es ist nur logisch, dass wir jetzt das Eis nehmen. Damit rückt eine Tür in den Fokus. Das ist Fail. Weil eine Tür schiebt man oder halt drücken und ziehen. Ja, das sind Details. Gut laufen gerade zum Ausgang vom Open Air Frauenelf. Frauenelf, geil. Frauenfeld, okay. Let's go. Jetzt ist ein spiralförmiges Symbol auf der Tür zu sehen und damit ist die Tür nun vollständig. Die Tür öffnen. Du öffnest die Tür. Über die Schwelle gehen. Du trittst ein und stehst in einer Vorstellung von einem Raum. Einem Autorenraum mit 2 runden Fenstern, einer ausgestopften Eule an der Wand dazwischen und einem Schreibtisch. Ein Mann, der Meister vieler Welten, sitzt hinter dem Tisch und tippt. Er wandelt Konzepte und Ideen in Worte um diese Realität zu formen. Er hebt den Kopf, den Meister vieler Welten ansehen. Du blickst dem Mann in die Augen. Erschrocken stellst du fest, dass du einen Fehler gemacht hast. Du bist an den falschen Ort gekommen. Der Mann, dieser Meister vieler Welten, ist nicht die Person, nach der du gesucht hast. Es ist nicht Dor, sondern Alan Wake. Also jemand ganz anderes. Du willst ihn fragen, was er weiß, aber es ist bereits zu spät. Fortfahren. We have witnessed a case of mistaken identity. But in the vastness of the multiverse, with an endless number of versions of ourselves, what is identity anyway? Can there be more than one master of many worlds? Or did our hero take a wrong turn somewhere along the way? Was this particular journey precisely what was needed to make him the one he was meant to become? One thing is certain. I am your host, the one and only Warland Door. And this is Night Springs. Space invader, looking cute in a human suit. Secret agents with the down racing shoes. Psychic powers, hypnotize a magic fruit. Strange machines, weird mysteries. We got 3
Das ist so ein catchy Song, das ist unglaublich. Aber es ist schon vorbei, Chat. Oh no. Night Springs. Und crazy 12 Monate Abo hier. Ja, ich will auch mehr. Also, sorry, das ist jetzt nicht bezogen auf den Highway Racer. Ich will auch mehr von dem DLC, Mann. Night Springs. Night Springs. Gaffinchen, ich habe auch das Gefühl. Fuck. Night Springs. Da, 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 da. Night Springs. Da, da, da. Trying to cross the border, right? Walked right into that Imperial ambush, same as us. So, Chat. Aber ich habe auch das Gefühl, es gibt mehrere Enden, aber dann würden wir aber nur beim Textteil würden wir das Ende beeinflussen, oder? Sonst können wir ja nicht gross etwas beeinflussen. Dann wäre es nur im Textteil. Oh. Chasing the murder cult made me feel like I was caught in a loop. Every time I thought I was getting closer, things shifted around, and I realized I was further away than ever before. Instead of answers, I only got more questions. The name of the cult and the masks they wore kept changing. The deeper into the dark depths I got, peeling off the layers of this case, like the ocean zones from twilight to midnight to abyssal to the deepest trenches, the closer I felt to going mad. Ja, kann jetzt Remedy nicht noch schnell, jetzt einfach schnell das nächste DLC releasen? Ja, ich würde ja wirklich mega gerne auch nochmal Episode 3, einfach den Schluss anders spielen. Aber ich habe das Gefühl, dann muss ich die ganze Episode nochmals spielen. Schatten schon ein bisschen viel für das, dass wir nur den Schluss probieren zu verändern. Ha. Aber ich habe schon das Gefühl, es ist wie, vor allem im Textabenteuer, im Textadventure, da gibt es halt so die typischen Weichen. Wir sind vielleicht wie nicht ganz richtig abgebogen. Weil eines war ja, stellen wir uns die rothaarige Frau vor oder stellen wir uns, wer war es, der Mr. Dwarf vor? Ich glaube, das war so eine entscheidende Weiche. Schwierig. Aber wenn ich jetzt... Wait a second. Das ist halt, das triggert mich immer noch so brutal, Chat. Der Haus am See. Ja? Der Haus am See und sie passen es nicht an. Die denken, komm, sie sollen es motzen. Ja? Es ist jetzt echt der Haus am See. Aber wenn wir Fortfahren machen, wo bin ich denn? Bin ich dann wieder... Da bin ich nicht im DLC, oder? Chat, let's fucking go. Wir probieren es nochmal.
Wir probieren es nochmal, Chat. Also jetzt tue ich aber schlafen gehen. Ich mache jetzt auch mal schlafen gehen, ohne Scheiß. Sag for science. Okay. Du kannst nicht dagegen ankämpfen und verfällst in Vergessenheit. Nach dem traumlosen Schlaf kommst du zu dir und wirst dir allmählich der völligen Leere bewusst. Es existiert nichts. Okay, da kommen wir nicht drum herum. Okay, ich lese jetzt das nicht alles nochmal vor. Wir haben das alles schon mal gesehen. Zusammenreißen. He? Dann wir machen hier Schnelldurchgang. Haben wir alles schon gelesen. Am Anfang war das Wort. Eine Tasse Kaffee. Wir machen nochmal Tasse Kaffee. Und jetzt da machen wir auf den Meister vieler Welten konzentrieren. Das ist jetzt neu. Du konzentrierst deine Gedanken auf den Meister vieler Welten. Die Wüstentraumwelt um dich herum verdunkelt sich. Du spürst vage, wie sich das schreckliche Gewicht eines fremden, gottähnlichen Bewusstseins viele Realitäten entfernt. Wie kannst du ihn überhaupt finden, geschweige denn ihm gegenübertreten? Okay, Chat, ihr seid wieder an der Reihe. Ihr entscheidet. 1. Meditieren. 2. Kriegsvorbereitung. 1 oder 2, Chat. 1. Meditieren. Würde ich jetzt auch sagen. Wir können meditieren. Simple sagt 2. Krieg. Wir meditieren. Du beruhigst dich und versuchst, harmonische Gedanken zu fassen. Du strebst danach, dein Bewusstsein zu erweitern, um die Geheimnisse des Multiversums aufzudecken und deinen Feind zu verstehen. Nach einer gefühlten Ewigkeit fühlst du dich deinem Ziel keinen Schritt näher. Dein Geist ist nicht rein genug, um die Geheimnisse des Multiversums zu verstehen, geschweige denn seinen Meister. Du musst diese Kunst studieren, um eine höhere Bewusstseinsebene zu erreichen. Oh, Eis, dich zwingen weiterzumachen. Eis, habe ich gesagt. Dich zwingen weiterzumachen. 2 in die Wüste hinausziehen, um Antworten zu suchen. Ich glaube, es 2 war, das Eis macht wahrscheinlich keinen Sinn. 2, 2, 1. Dann mache ich es 2. In die Wüste hinausziehen. Du ziehst los, um nach Antworten zu suchen. Es gibt keine Anhaltspunkte und die Wüste dehnt sich weit in alle Richtungen aus. N für Norden, Chat, S für Süden, O für Osten, W für Westen. Wo gehen wir hin? Ich erkenne ein Muster. S für Süden. Und ich sag, ab in den Süden, der Sonne hinterher, was geht, der Sonne hinterher, was geht. Du gehst nach Süden, die Wüste erstreckt sich vor dir, über dir blitzen Ideen von Supernovae. What? Auf. Chat, wo gehen wir hin? Weiter in den Süden, NSOW. Ihr entscheidet. Im Westen nichts Neues. Eigentlich, ich weiß es halt auch nicht. Aber wenn wir immer weiter in den Süden gehen, kommen wir doch irgendein, keine Ahnung, am Südpol an. Norden, wieder zurück. Westen, jetzt geht die Meinung auseinander. Haben wir noch eine dritte Meinung? Haben wir noch einen Osten? Norden oder Westen? Ost, oh okay, da haben wir. Also wir können entweder zurück. Also dann nehme ich Osten. Wenn du korrigierst auf Osten, dann nehme ich Osten. Du gehst nach Osten, der Sand rutscht unter deinen Füßen weg, Schweiß perlt von deiner Stirn, über dir drehen sich Galaxien endlos. Ja, Chat, aber ich stelle mir jetzt gerade so Felder vor auf einer Map.
Es ist halt schwierig, oder? Norden. Machen wir Norden, Chat. Wir gehen wieder in den Norden. Du gehst nach Norden, die Fußabdrücke hinter dir sind der Beweis deines Fortschritts. Doch die Wüste scheint unaufhörlich so weiterzugehen. Über dir sind seltsame Konstellationen zu sehen, die beunruhigende Formen annehmen. Chat, andere weitere Inputs. Ich mache nach, was der sagt. Ja. Norden. Ich nehme das erste, was kommt, nehme ich. Du gehst nach Norden, während du umherwanderst, verlierst du jegliches Gefühl für Zeit und Ort. Als du kurz davor bist, alle Hoffnung zu verlieren, glaubst du im Osten etwas schimmern zu sehen. Ich entscheide, mir gehört nach Osten. Du gehst nach Osten, hoffnungsvoll verzweifelt näherst du dich deiner Sichtung. Doch du findest nichts. Es war eine Fata Morgana. Deine Kraft lässt nach und du fällst auf die Knie. Chat, in welche Himmelsrichtung fallen wir auf die Knie? Penisform. Norden. Du wirst immer schwächer und kriechst langsam Richtung Norden. Du bist ausgezehrt und hungrig. Dir wird langsam klar, dass du dem Tod nahe bist. Du liegst auf dem Boden. Das ist wieder interessant. 1 für Durchhalten, 2 für deine Gedanken sammeln. Okay, das war beides irgendwie nicht schlecht. Aber Gedanken sammeln ist ein bisschen mehr als nur durchhalten. Vater, wo bist du? 2. Du bemühst dich, einen klaren Gedanken zu fassen und bist bereit, die Geheimnisse des Universums zu erfahren. Plötzlich erscheint ein grelles Licht und du siehst die Silhouette eines Mannes. Chat. Den Mann ansehen. Er sieht so aus wie du, doch sein Verhalten und die tiefe Weisheit, die in seinen Augen zu erkennen ist, verraten dir, dass es sich bei dem Mann um dein zukünftiges Ich handelt. Er bietet dir sein... Er bietet dir seinen Samen an. Sorry. Er bietet dir einen Samen an. Ich kann es nicht mehr ernst nehmen. Den Samen ansehen. Den Samen nehmen, Chat. Den Samen ablehnen. Oh mein Gott, what are we doing? Eingesamt. Können wir ablehnen. Wir nehmen den Samen an. He? Wir müssen gar nicht anschauen. Wir müssen ihn auch nicht kosten. Wir nehmen den Samen an, Chat. Das ist so weird. Du nimmst den Samen des Mannes an. Dann verschwindet er. Was ist das für ein Scheiß, Mann? Oh. Chat, den Samen essen. Den Samen pflanzen, Chat. 1 oder 2. Ja, gib mir deinen Samen. Ich glaube, es macht schon Sinn, dass wir nicht pflanzen, Chat. Oh, du pflanzt den Samen in den Boden. Er schlägt Wurzeln und wächst. Ein Schössling. Was? Sagt mit einem ein Schössling, Chat. Ist das das richtige Wort? Ich weiß es nicht. Sprießt aus dem Boden, er wächst schnell. Wenig später stehst du vor einem gewaltigen Baum, der bis in den Himmel reicht. Er ist der Baum des Lebens, der Weltenbaum, der Yggdrasil, oh mein Gott. Eine Erinnerung gleitet von den Ästen herab wie ein fallendes Blatt. Der Erinnerung folgen. Ich hatte jetzt gesagt, ein Sprössling, oder? Ist das nicht ein Sprössling? Also ein Schössling ist ein bisschen komisch. Aber vielleicht gibt es das auch. Du folgst der Erinnerung und siehst ein Comicheft in deinen Händen. Sind das deine Hände? Du kannst dich nicht erinnern. Im Comic geht es um die Legende eines Gottes, der sich an einem Ast des Weltenbaums aufhing und sich opferte, um geheimes Wissen zu erlangen.
Also Chat, Nummer 1, über den Sinn des Opfers nachdenken. Oder Nummer 2, einfach rein da, dich am Baum aufhängen. Ist echt noch schwierig. Ich weiß nicht, was da gescheiter ist. 1 oder 2, Chat. Schössling von Schießen will Pflanzen ja auch können schießen oder schießen? What the fuck? 2. Wir hängen uns auf, Chat. Ja, es ist soweit. Du wirst dich opfern, um das Wissen zu erlangen, nachdem du dich so sehr sehnst, und damit wiedergeboren zu werden. Du kletterst den Stamm hinauf und hängst dich an einem Ast auf. Während du nach Luft ringst, begibt sich dein Geist auf eine spirituelle Reise an den Ästen des Baumes entlang, den Zweigen folgen. Begegnen wir jetzt noch im Franziskus. Die Äste des Baumes reichen durch alle Realitäten und unterstützen diese. Das Multiversum ist geboren. Du spürst alle Realitäten um dich herum, alle Leben und die ganze Geschichte, die sich wie ein Fluss entfaltet, wie ein gegabelter Blitz einschlägt, wie eine Blume aufblüht, sich wie eine Explosion in Form eines Baumes in Zeitlupe ausbreitet. Du hängst 9 Nächte lang dort. Es fühlt sich wie eine Ewigkeit an. Dann bricht der Ast ab und du stürzt zu Boden. Du hörst den Baum ächzen, den Baum ansehen. Du siehst, dass der Baum alt geworden ist und abstirbt. Aus dem höchsten Ast sprießt eine magische Frucht und reift. Das ist der Franziskus-Chat. Der Baum stirbt vor deinen Augen. Du bemerkst, dass diese Frucht neben dir auf den Boden gefallen ist, zusammen mit einem großen, krummen Ast. 1, die Pflanze aufheben. 2, den Ast aufheben, Chat. Hast du schon mal die Zwiebeln gesehen, die geschossen haben? Aha, ja, okay, jetzt komme ich raus. Ah, das ist das Schießen. Schössling von, okay, dann macht es aber Sinn, finde ich. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, das ist einmal, wenn die Zwiebeln zu lang rumliegen, dann schießen sie halt. 1, 2. 1, die Pflanze aufheben. Okay, die Pflanze aufheben. Du hebst die magische Frucht auf, sie verrottet in deiner Hand und lässt einen Samen zurück, der vertraut aussieht. Plötzlich bemerkst du, dass ganz in deiner Nähe ein Mann auf dem Boden liegt. Er wirkt schwach und kränklich und stöhnt vor sich hin. Etwas geht dir durch den Kopf, eine vergessene Erinnerung an einen verblassten Traum. Chat, jetzt sind wir in einem Loop inne. Dem Mann den Samen anbieten. Oh, here we go again, Mann. Also wir bieten uns selbst den Samen an. Du bietest dem Mann den Samen an. Als du dich ihm näherst, hebt er seinen Kopf und starrt dich an. Du erkennst ihn wieder. Das bist du aus längst vergangenen Zeiten. Er nimmt den Samen, dann verschwindet er so schnell, wie er aufgetaucht ist. Den Ast aufheben. Du hebst den krummen Ast auf und folgst seinem Weg mit deinen Fingern. Das weckt eine entfernte Erinnerung in dir. Was war deine Mission? Du hast so viel Wissen erlangt, aber es fällt dir schwer, dich zu erinnern, wo du eigentlich hin wolltest, dich zurückerinnern. Du suchst danach und sortierst deine Gedanken. Plötzlich fällt es dir wie Schuppen von den Augen. Das haben wir schon mal gesehen. Auf die Tür konzentrieren. Das haben wir schon mal gehabt. Oh! Ich entscheide selber. Den Ast an der Tür benutzen, Chat. Der Ast verschmilzt mit der Tür und lässt einen Griff entstehen. Damit ist die Tür vollständig. Die Tür öffnen. Come on! Du greifst nach dem Griff und öffnest die Tür, die über die Schwelle gehen. Du trittst ein und stehst in einer Vorstellung von einem Raum, einen Autorenraum. Schon wieder, Chat. Das ist wieder das Gleiche. Ja. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin am falschen Ort, Chat. Oh mein Gott.
Wir haben wieder das gleiche Ende, Chat. Chat, wenn fremde Leute euch ihre Samen anbieten wollen, 117. Aber Chat, das hat mich ganz gewaltig. Witnessed a case of mistaken Ja, identity. ja. But in the vastness of the multiverse, with an endless number of versions of ourselves, what Chat. is identity anyway? Ja, ist gut. Wir können überspringen, Chat. Chat. 1 in Chat, wenn wir es sein wollen. 2 in Chat, wenn wir es nochmal probieren. Also wenn ihr es nochmal probieren wollt. Wenn ihr überhaupt Lust habt, nochmal auf einen weiteren Versuch. Ich weiss nicht, ob wir da wirklich noch so eine andere Version hinbekommen. 2? Okay. Bin ich auch bei euch. Ich will es auch gerne nochmal probieren. Jetzt müssen wir auch wirklich schauen, wo biegen wir anders ab. Ja, ihr entscheidet grösstenteils auch wieder. Aber hey, da, wo Wolfi übrigens sagt, 117. Ist ganz wichtig, ganz wichtig. Also, konzentrieren, das ganze Ding. Gut, wir können auch uns zwingen zum Schlafen gehen am Anfang. Das wäre, ich weiß nicht, ob es etwas bringt. Aber da mache ich mal einfach weiter. Da können wir einen Abzweiger machen. Chat. Tee. Nehmen wir nochmal einen Kaffee oder nehmen wir einen Tee? Tee? Oh nee, Tee. Ich bin auch der Meinung, dass wir da mal anders abbiegen. Vielleicht macht es einen Unterschied, vielleicht auch nicht. Lesen wir schon, als du dir eine Tasse Tee vorstellst, das Heißgetränk deiner Wahl, manifestiert sie sich. Der Gedanke davon, das Konzept des Geruchs und Geschmacks ist real. Du fragst dich, warum du dich nicht für dein Lieblingsgetränk entschlossen hast. Kaffee. Du seufzt wehmütig und stellst dir einen Seufzer vor. Dir wird klar, dass deine Gedanken hier so real sind wie alles andere. Situation einschätzen. Okay, Chat. Wir haben wieder die Wahl zwischen Eis, Meister der vielen Welten, oder rothaarige Frau, 2. Ich glaube auch, das Eis ist, glaube ich, schon der bessere Weg, wo man vor allem noch viel mehr Möglichkeiten hat. Also, da können wir auch noch mal etwas anderes machen. Wir meditieren 1, wir 2 Kriegsvorbereitungen treffen. Finden seit 2. Da haben wir letztes Mal meditieren genommen. Okay, Kriegsvorbereitung. Du weißt, dass du dem Meister vieler Welten und seiner Armee von Zeitbrechern gegenübertreten musst. Er wird keine Gnade zeigen. Du musst dich vorbereiten. Dümmer. 1. Verbündete suchen oder 2. Zuflucht suchen. Chat. Das ist so wieder gut. Ich glaube, ich würde zum ersten Verbündete nehmen. Schon, oder? 1. Verbündete suchen. Was, wenn der Meister der vielen Welten Alan ist? Ja, aber das ist ja jetzt auch immer am Schluss, ist es so ein bisschen auf das rausgelaufen. Aber wir wollen ja eigentlich zum Mr. Door. Und am Schluss heisst es, der Meister der vielen Welten kann verschiedene Identitäten haben. Also, aber wir gelangen jetzt immer zum Alan in seinem Autorenraum. Verbündete suchen, Chat. Du suchst nach Verbündeten im gesamten Multiversum und kontaktierst dabei Troilina und all die Versionen von dir, die nicht von Dor in Zeitbrecher verwandelt wurden. Du teilst dir eine telepathische Verbindung mit ihnen. Ihr seid die perfekte Armee. Zuflucht, okay, dann tun wir jetzt Zuflucht suchen. Du suchst nach einem perfekten Ort der Macht, um deine Operationsbasis zu errichten. In der Wüste stößt du auf einen gewaltigen, versteinerten Baumstamm. Du verwandelst ihn in einen brutalistischen
Was ist das für ein Wort? Wolkenkratzer. Du gründest eine Organisation, ein Unternehmen. What the fuck, jetzt wird's aber komisch. Okay, wir nennen die Organisation Ripple Effect Corporation. Du nennst das Unternehmen REC, Ripple Effect Corporation. Der Name scheint angemessen zu sein. Eine Version der rothaarigen Frau nimmt Kontakt zu dir auf. Sie heißt Chessbet. I'm sorry, what? Yesbet. Das ist aber die Jessie, oder? Sie kennt dich nicht, aber eine gewisse Verbindung ist da. Du erinnerst sie zur Direktorin deines, nennst sie zur Direktorin deines Unternehmens. Sie führt eine mächtige Waffe, die viele Formen annehmen kann. Oha. Ich sage jetzt auch Jessie. Ja? Jessie nach der Waffe fragen. 1. Jessie mit der Waffe vertrauen. 2. Sie bitten dir, die Waffe zu geben. 3. Ja gut, das ist irgendwie das Gleiche. Ja, Jessie aus dem Game Control. Ich würde jetzt mal sagen, die weiss, wie sie mit der Waffe muss umgehen muss. Die würde jetzt auch sagen, 2 tatsächlich. Ich nehme 2. Chat, ich nehme die 2. Du vertraust Jessie mit ihrer mächtigen Waffe. Sie wirkt erleichtert und schwört, dich und das Unternehmen vor dem Feind zu beschützen. Und allen Männern, die dir Samen anbieten wollen. Als Direktorin warnt dich Jessie davor, dass die REC derzeit nicht in der Lage ist, den Meister vieler Welten zu bezwingen. Ohne einen technischen Durchbruch sind deine Chancen gering. 1. Intern neue Technologien erforschen. 2. Im Multiversum nach Technologie suchen. 2. I vote für 2. Ja, Chat, ihr dürft all gerne natürlich auch noch eure Meinung im Chat machen. Aber im Multiversum nach neuen Technologien suchen, tönt halt schon vernünftig. Unter der Führung einer Direktorin suchen Agenten der REC das Multiversum ab und stoßen dabei auf unkontrollierbare Schrecken. Es gibt Todesopfer. Schließlich stoßen sie auf eine Realität mit einem einzelnen außerirdischen Wesen von gottähnlicher Macht. Es hat die Form eines Polyeders. Das Wesen verfügt über genug Macht, um den Meister zu besiegen, doch sein Anblick allein genügt, um jeden Agenten in den Wahnsinn zu treiben. Es zur REC bringen lassen. Das außerirdische Wesen wird zum REC-Hauptquartier gebracht und dort in eine Isolationszelle gesteckt. Das ist doch der Dylan, oder? Wenig später kommt die Direktorin mit einer Nachricht zu dir. Der Meister vieler Welten bereitet einen Großangriff vor. Der REC rennt die Zeit davon. Unglücklicherweise geraten die Versuche, das außerirdische Wesen zu erforschen, ins Stocken. Denn jeder, der ihm ausgesetzt ist, verfällt dem Wahnsinn. In Anbetracht dieser Situation schlägt Jessie einen verzweifelten Plan vor. Sie möchte die Macht des Wesens nutzen und es als Bombe einsetzen. Nummer 1. Das Alien selbst untersuchen. 2. Zustimmen, dass das Alien als Bombe zu nutzen. Stimmen wir zu, dann wir es untersuchen, Chat. 1 oder 2. Der Außerirdische ist der Projektor. Ja, es ist jetzt natürlich schon. Es hat mega Überschneidungen jetzt mit Control. Definitiv 1. Hey Lance, wie geht's dir, mein Lieber? Wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Nehmen wir 1, das Alien selbst untersuchen. Ja? Das ist wie bei Independence Day. Jetzt schneiden wir das Alien auf, ja? Schön in der Mitte. Der Erik ist müde, ganz lieber Gruß, by the way. Wir gehen mal langsam ins Bett, machen es all gut. Und es ist mega gesehen, dich wieder zu sehen. Hey, same, Silvi. Hat mich auch gefreut, dich zu lesen. Sagst dem lieben Erik einen Gruß, schlafen ganz gut. Gute Nacht, schönen Sonntag euch beiden. Tschüss, bye bye. Selbst untersuchen, da sind wir immer noch da.
Die Direktorin drängt dich, es dir noch einmal zu überlegen. Du bist zu wertvoll, um dein Leben dafür aufs Spiel zu setzen. Und sie gesteht, dass sie dich nicht verlieren möchte. Die ist verliebt, oder? Die ist jetzt verliebt. Ihr versichern, dass nichts passiert. 1. Zustimmen, dass das Alien als... Mann, ich lese es immer falsch. Zustimmen, das Alien als Bombe zu nutzen. 2. Ich glaube, jetzt ziehen wir es aber durch, oder? Also wir machen jetzt da, wir sind stark. Wir sind Chat. Grüße dich, Treu, mir geht's wieder gut. Gestern einmal Knockout durch Migräne gehabt, 13 Stunden geschlafen und jetzt ist wieder alles, wie es sein soll. Oh, Lance. Oh, Migräne, das hast du regelmäßig, nehme ich an. Ich bin zum Glück nicht geplagt von dem, aber das ist sicher mühsam. Aber hey, 13 Stunden geschlafen, jetzt ist wieder alles gut. Das freut mich. Lance, wow. Ganz lieber Gruß zurück und danke gleichfalls. Hey, merci vielmals. Mach's gut und bis hoffentlich sehr bald wieder. Und sonst schreiben wir. Silvi, schreiben wir, wenn wir mal etwas machen und so. Bitte dabei. Wir versichern, dass nichts passiert. In einem REC-Labor setzt du dich selbst der wild zerstörerischen Resonanz des außerirdischen Wesens aus. Es verändert dich. Du spürst, wie du selbst eine seltsame Metamorphose durchläufst. Hello there, Obi-Wan. Hey, Herbsti, grüezi, Herbsti, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Bist du immer noch wach? Lässt dich der Dave nicht schlafen? Hello aus dem Lurk. Oh, ich danke dir für den Lurk-Support, Herbsti. Und hello. Alles gut? Dave ist unschuldig, ne? Dave ist unschuldig. Chat, die Macht des Aliens annehmen. Wir nehmen den Samen, die Macht nehmen wir an. Chat, wie immer. Du spürst, wie dein Bewusstsein auf unmenschliche Weise erweitert wird. Dabei nimmst du unbekannte Existenzebenen wahr, die an die unsere angrenzen. In dir brennt eine furchterregende, kaum zu bändigende Kraft. Du bist nicht länger ein Mensch. Du bist etwas anderes, etwas Besseres. Ein Wesen mit gottähnlicher Macht. Am Schluss sind wir wahrscheinlich das wie heisst's? Ja, der Dude, den wir suchen. Wir senden uns. Moni, Mann. Moni ist halt auch immer noch da. Ja. Moni, ich schicke dir nachher gerade welche. Ich habe sie schon vorbereitet für dich. Du musst nur noch auf Senden klicken. Ja. Senden an Moni. Ja. 69 Notes habe ich vorbereitet für dich. Von allen Seiten. Bin müde, Moni, aber dann, wenn du müde bist, dann gehst du schlafen. Und wir wissen auch, wenn du müde bist, ist der Bounce schuld. Ja. Danke vielmals, weißt du, sonst kann ich nicht gut schlafen. Ja, ich kenne dich langsam, Moni, ich kenne dich langsam. Ich freue mich schon. So, Chat. Habe ich jetzt vorgelesen? Wo bin ich gewesen? Das außerirdische Wesen im Labor stirbt. Oh no. Du hast seine ganze Macht gestohlen. Zitternd wendet Direktorin Jessie ihren Blick von dir ab. Deine Verwandlung hat sie erschüttert. Es ist Zeit, den Meister vieler Welten konfrontieren, Chat. Ist es das? Sind wir angekommen? Im REC-Hauptquartier herrscht Stille. Während alle die Ankunft des Feindes erwarten, die Leute, deine Agenten und deine Krieger stehen da und starren auf die Monitore an den Wänden. Jessie steht neben dir. Dann kommen sie. Ende der Geschichte. Schnell Chat lesen. Troy hat einfach das Kamerasetup von Matrix nachgebaut für die Nudes. Genau. Nice one, Lance. Sehr gut. An allem, Herr Bounce. An allem bist du schuld.
Chat. Dann kommen sie. Die Zeitbrecher erscheinen und füllen die Wüste. Jeder von ihnen ist eine Version von dir, getötet und korrumpiert vom Meister vieler Welten. Das Multiversum ist unendlich. Es gibt Millionen von ihnen. Uff, das wird aber heftig. Den Angriff leiten. Da deine Sinne durch die außerirdische Macht geschärft sind, ist es leicht, die Angriffe deiner Feinde vorherzusehen. Es ist, als würde sich alles um dich herum in Zeitlupe bewegen. Du bemerkst, dass Jessie sich von dir fernhält, weil sie sich vor dem fürchtet, was aus dir geworden ist. Die Feinde scharen sich um sie. Jetzt aber. Okay, Chat. 1. Jessie helfen. Nummer 2, sie wird damit fertig. Ja? Also, als ich sie gespielt habe, war es schwierig. Kommt halt darauf an, wer den Controller steuert. Aber Jessie ist schon nicht zu unterschätzen. Die hat das schon im Griff. Troy, was würde echt passieren, wenn du und ich so ein Coop-Spiel würden spielen zusammen? Weil du bist ja auch immer allem schuld gewesen. Das ist, ich glaube, dann bricht das Universum in sich zusammen. Ich glaube, das geht gar nicht. Oder wir sind auch beide geschuld. Wir beide sind geschuld und die Einzigen, die Recht haben und alles richtig machen, ist Chat. Also ich muss auch mal Pipi-Runde machen und dann die Füße schlafen dann später gut. Und viel Spass noch, Moni. Ja, schön, bist du dabei gewesen. Hat mich gefreut. Und schönen Sonntag dann noch. Ja, mach gut Pipi. Und schlaf auch du gut. Merci vielmals. Tschüss. Bye, bye. 1. Jessie helfen. Tricky question. 2 Opfer. Wir brauchen noch eine Stimme, Chat. Wir brauchen noch eine Stimme. 2. Sie wird damit fertig. Dank. Jetzt machen wir schnell ein bisschen Schweizer Hochdeutsch. Dank ihrer mächtigen Waffen und ihren Fähigkeiten kann Jessie sich auch ohne deine Hilfe behaupten. Ja, wir haben es gewusst, Chat. Du kämpfst weiter und erledigst mehr Zeitbrecher, als du zählen kannst. Je mehr du tötest, desto leichter wird es. Ich glaube, das war richtig. Jessie hat das im Griff. Lachen. Jetzt lachen wir einfach, Chat. Lachen, wie einfach es ist. Dein Lachen ist laut wie ein Wirbelsturm. Die REC-Agenten und die Direktorin Jessie schrecken vor dir zurück und halten sich vor Entsetzen und Schmerz die Ohren zu. Das nochmal schnell akustisch unterstützen. In diesem Moment der Unachtsamkeit werden sie von den Zeitbrechern überrannt. Nein, du siehst, wie Jessie niedergestreckt wird. Oh no, du wirst von Wut übermannt. Dich der Wut hingeben. Die gewaltige kosmische Kraft in dir, die kaum zu bändigen ist, bricht aus und verformt die Realität. Die Planeten über dir werden in rituelle Konstellationen gestoßen, die die Kraft noch weiter verstärken. Die Resonanz strömt aus dir heraus und zerstört alles, was sich ihr in den Weg stellt. Jessie, die Agenten, der Wolkenkratzer, die Zeitbrecher, die Wüste, die angrenzenden parallelen Realitäten, Zeit und Raum fallen den Auswirkungen der Resonanzwellen dauerhaft zum Opfer. Etwas in dir sagt, dass du aufhören musst. Es geht zu weit. Du musst aufhören. Dich zwingen aufzuhören. Ja, jetzt im Nachhinein vielleicht nicht die richtige Wahl, aber wir schauen mal, wo es hingeht. Ich dachte gerade Bossfight wegen deiner hallenden Lache. Ich pass zu wenig auf. Dave so direkt. Jetzt weiß ich, wie ich den Dave triggern kann. Ne? Mache ich einfach so. Ihr wollt mich besiegen? Und Dave direkt so, oh mein Gott, Ausrufezeichen M.
Nur weil du lachst, stirbt sie. Ich dachte, du bist schnell und vorausschauend. Sorry da, Sass. Wie lange hast du gelacht? 3 Stunden. Wahrscheinlich, ja. So, Chat. Dich zwingen aufzuhören. Mit großer Anstrengung gelingt es dir, die Welle der Wut einzudämmen, die über dich hereingebrochen ist. Du bist wieder du selbst. Die außerirdische Macht ist verbraucht. Du bist allein. Jessys Waffe liegt auf dem Boden. 1. Die Waffe ansehen. Oder 2. Ihre Waffe aufheben. Chat. 2 oder 2? Ich glaube 2, oder? Gibt es keine Diskussion. Als du sie aufhebst, verwandelt sie sich in einen Schlüssel. Oh, wir sind wieder bei der Tür. Schlüssel ansehen. Dich zurückerinnern. Da haben wir alles schon gehabt. Auf die Tür konzentrieren, den Schlüssel in die Tür stecken, die Tür öffnen. Über die Schwelle gehen. Wir sind wieder im Autorenraum-Chat. Was soll denn Ansehen für einen Zweck erfüllen? Ja, vielleicht ist es aber auch genau das, was wir anders machen müssten. 3, die Waffe besamen. Oh, Chat. Ah, wir sind wieder am gleichen Ort. Chat, jetzt gehe ich da noch mal rein. I don't fucking care. Ich gehe jetzt da noch mal rein. Und jetzt machen wir machen das Gleiche noch mal, aber wir tun Jessie nicht opfern. Okay? Wir tun Jessie nicht opfern. Wir helfen dir. Das Erste, was wir jetzt machen, wir gehen mal echt schlafen. Schlafen gehen. Schlafen gehen. Schlafen gehen. Schlafen gehen. Schlafen gehen. Schlafen gehen, schlafen gehen. Okay, dürfen wir nehmen. Wir machen weiter. Zusammenreißen, Gedanken konzentrieren. Machen wir nochmal T. Situation einschätzen. Meister. Kriegsvorbereitung. Verbündete suchen, Zuflucht suchen. Cooperation verbünden. Mit Vertrauen der Jessie. Im Multiversum nach Technologie suchen, bla bla bla. Alien untersuchen. Macht annehmen. Konfrontieren. Angriff leiten. Da. Jessie helfen, Chat. Das machen wir jetzt anders. Fienchen so, ich hab doch gesagt, Idiotenmänner. Als du dich zu ihr durchkämpfst, bemerkt sie dich und ist gelähmt von deinem schrecklichen Anblick. Die Zeitbrecher nutzen diesen Moment der Unachtsamkeit und strecken sie nieder. Okay, also da Fienchen, ne? Hast du gelesen? Ja, und jetzt sind wir wieder da, wo wir sind. Wir machen jetzt die Waffe ansehen. In Jessys Händen war sie lebendig, sie hat sich ständig verwandelt und verformt. Jetzt liegt sie ruhig im Staub. Waffe aufheben, Schlüssel ansehen, dich zurückerinnern. Und jetzt machen wir auch mal die Tür auf, ohne dass wir den Schlüssel reinstecken. Die Tür ist da, okay, ist keine Option. Chat, das war auch nicht die Lösung, verdammt. Oh Mann. Shit, am liebsten würde ich jetzt googlen. Ja, am liebsten würde ich jetzt googeln, ob es wirklich andere Möglichkeiten gibt. Chat. Nochmal schnell schauen, wo haben wir noch Weichen, was können wir noch anders machen. Konzentrieren ist klar, zusammenreißen, ja, warte, Schlüssel. Dann machen wir nochmal den Kaffee. Machen wir aber hier nochmal Meister der vielen Welten.
Rote Frau, okay. Rothaarige Frau. Okay, da. Also ihr sagen, dass du wegen ihr zurückgekommen bist. Ihr danken, dass sie zurückgekommen ist. Wenn wir da, ich weiß nicht, was wir gemacht haben letztes Mal. 1 oder 2 Chat. Am besten da, wo wir letztes Mal nicht genommen haben. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube, ihr seid euch auch nicht mehr sicher. He? Ich nehme mal 1. Anmachspruch. Vergangenheit vergessen, Da haben wir verheimlichen gemacht, oder, Chat? Machen wir mal vergessen. Oh, okay. Du packst deine REC-Ausrüstung in eine Kiste und bringst sie in den Keller. Du triffst auf einen Hausmeister mit einem starken Akzent und einem freundlichen Gesicht. Aus irgendeinem Grund vertraust du ihm. Er verspricht, die Kiste sicher für dich aufzubewahren. Schon bald kommt dir das verrückte Abenteuer im Multiversum wie ein Traum vor. Dein Leben mit Lisa ist jetzt Realität. Niederlassen und dein Leben mit dir verbringen. Okay, das haben wir schon mal gehabt. Und jetzt da tun wir sie nicht ermutigen, weiterzumachen, Chat. Ihr raten sie abzusagen. Du rätst ihr, die Show abzusagen, um auf ihre Gesundheit zu achten. Es wird noch weitere geben. Sie sagt, die Show enttäuscht ab, dann bricht sie zusammen. Sie ist ausgebrannt und erschöpfter, als ihr beide geahnt hattet. Sie muss sich ausruhen, ihr Knöchel wird heilen. Sie bedankt sich bei dir, aber du siehst ihr die Enttäuschung an. Machen wir Freiraum, Chat. Freiraum. Du lässt ihr ihren Freiraum, doch mit der Zeit distanziert sie sich immer weiter. Du befürchtest, dass sie dich hasst. Einen Weg finden, sie abzulenken. Sagen, dass du sie liebst. Sie trösten. Wir machen jetzt auch alles komplett anders als letztes Mal. Also Ablenkung ist ein Muss. Aber jetzt tun wir sie, wir verraten ihr nichts. Bleibt ein Geheimnis. Du versuchst sie von ihren Träumen abzulenken, aber es funktioniert nicht. Sie stößt dich weg und schaltet ab. Sie ist deprimiert und wütend. Eines Nachts schreckst du auf, du glaubst an Platschen vom See. Ja, das haben wir schon mal gehört. Die Frage ist jetzt, ob wir die Notiz öffnen oder ich mache jetzt auch das andere, rausrennen. Chat. Wahrscheinlich muss ich jetzt aber gleich Notiz lesen. Du rennst nach draußen und rufst nach ihr. Es ist dunkel, stille Nacht, Wellen breiten sich auf der schwarzen, spiegelnden Oberfläche des Sees aus. Nachdem du eine gefühlte Ewigkeit nach ihr gerufen und gesucht hast, kehrst du verängstigt ins Haus zurück. Plötzlich wird dir übel. Die Notiz nehmen. Abschiedsbrief. Spiralförmiger Anhänger. Ja, das haben wir schon mal gesehen. Anhänger, Tür öffnen, über die Schwelle gehen. Also, wir haben immer das Gleiche, Chat. Kommt da auch was anderes? Ich weiß es nicht. Also, Chat. Ist jemand von euch bereit, so eine scheuche Google-Suche zu machen? Ich weiss, ihr wollt euch wahrscheinlich auch nicht spoilern. Ich werde mich eben auch nicht spoilern. Aber die einzige Frage, die ich habe, soll ich es weiter probieren oder macht es gar keinen Sinn? Also wir müssten wie schnell googeln. Simpel versuchst du das kurz. Aber nur, wenn du willst. Ne? Wie gesagt, ich will auch nicht, dass ihr euch jetzt spoilert, wenn ihr eigentlich auch mit mir jetzt hier das vielleicht versuchen wollt. Ne? Aber so ganz, ganz schüch googeln. Ne? Und wenn man sieht, ja, da gibt es mehrere Enden, dann probieren wir es auch weiter. Ich muss auch nicht wissen, wie, dann finden wir irgendwie hoffentlich schon raus. Chat.
brauche schnell ein bisschen Musik hier. So. Habe ich eigentlich neue Effekte hinzugefügt, Chat? Das ist die Frage. Oh, was ich noch schnell probieren könnte. Geht jetzt das? Geht jetzt das endlich? Jetzt funktioniert es. Okay, da haben übrigens nächster Stream ab 18 Uhr. Wildes Gemable Sommermeisterschaft. Am nächsten Samstag. So, und sehr simpel. Ich hoffe wirklich, dass du dich nicht zu fest spoilerst. Ja? Keine Spoilers bis jetzt. Oh, kein Stress. Kein Stress, simpel. So. Ist gut. Was schauen hier? Ich glaube ich habe noch irgendein neues Easter Egg habe ich noch eingefügt. Chat. Aber ich weiß nicht, was für eins. Bounce ist auch immer noch da. Chat, ich muss noch mal schnell etwas auf YouTube umstellen, schnell etwas testen. Ich habe einen Follow reinbekommen auf YouTube, das ist unglaublich, oder? Unglaublich. Livestreams. So, jetzt habe ich auch mal den Chat eingeschaltet. Mal schauen, ob auf YouTube irgendjemand chattet. Hey, liebe Leute auf YouTube, ihr könnt jetzt chatten. Aber nur sieht man es hier nicht. Aber auch for Science muss ich das jetzt eigentlich schnell einschalten. Muss jetzt aber los, der Post ist immer noch dran. Hey, wir versuchen hier in diesem DLC noch irgendwie ein anderes Handy zu bekommen, Double-Click. Aber hey, du bist auch immer noch da. Aber Banz, gehst du schlafen? Wo folge ich dir überhaupt auf YouTube? Das weiss ich nicht. Aber eben, wie gesagt, YouTube ist so, das ist einfach so ein Geteste im Moment. Aber mein Chat-Tool sagt theoretisch, also Chat, wenn jemand von euch schnell würde auf YouTube gehen, einfach Treuhammer auf YouTube, könnt ihr schnell einen Chat hineinschreiben, damit ich sehe, wie das aussieht bei mir im Chat-Tool. Ich habe noch nie gesehen, wie das aussieht. Also da sieht man es nicht, ihr auf Twitch seht es nicht, aber ich sehe, wenn jemand auf YouTube schreibt. Hallo YouTube! Endlich sollte ich ja nächtigen, aber eben, ja, wir kennen es. Dave, wir kennen es, oder? Es ist, wie es ist. Und ich denke schon lange, ja, Bounce, das habe ich schon gewusst, das habe ich schon vermutet. Hey, Chat, folgt doch auch mal, doch dem mal auf YouTube. Das ist ihr müsst gar nicht, lieber Chat. Ich behaupte auch überhaupt nicht, dass sich das irgendwie würde lohnen. Also 99% vom Content ist halt schon auf Twitch bei mir, plus vielleicht noch so ein bisschen Insta. Aber YouTube ist näher noch so eine Kopie, die ich dort auch noch auflade.
Hey, Chat, das habe ich schon gelesen. Doch, ihr müsst, also gut, Chat, ihr müsst. Ja? Also, dann machen wir das richtig. Ja, so. Ich muss mal schnell schauen, hat der Simple schon etwas... nein, Simple hat noch nicht geschrieben. Der Simple ist jetzt in dieser Spirale drin, oder? Der hat es jetzt reingezogen im Fernsehen. Der kommt jetzt dort nicht mehr raus. Jetzt schreibe ich selber schnell drin, ohne Scheiß. Oder kommt das bei mir gar nicht an? Ist etwas kaputt? Also bis jetzt kommen alle zu Alan. Okay, da habe ich... Okay, außer das hat es auch noch niemand geschafft. Das wäre aber auch speziell, oder? Also bis jetzt kommen... Habt ihr Schletter, Troy? Hey... Oh, wieso? Aber ich sehe das nicht in meinem Chat-Tool. Das ist kaputt. Mein Gott, das ist halt mir... Moment, schnell. Schnell Chat lesen und dann drücke ich schnell F5 in meinem Chat-Tool. Es ist bei mir nicht angekommen, aber ich sehe es jetzt, dass sie geschrieben haben. Es haben schon mehrere Leute geschrieben, Fienchen, ich und Gritti. Okay. Hat der Gritti. Und Dragon Ligres, merci für den Follow. Ich nehme an, das ist jemand für euch. Schnell F5 drücken. Oh, jetzt sehe ich es. Ich komme... Yoda, ja. Kaputt Diocese Chat-Tool leist. What the fuck, Yoda, habt ihr Schletten, Mann. Also jetzt sehe ich es. Gritti Bounce Fienchen und David. So eine Hönne Schnäppi. Okay. Ja, Dave, merci vielmals. Bounce sehe ich auch. Okay, IGN und einige Lösungen wie auch ein YouTube-Video führen zu Alan. Okay, ich glaube, dann müssen wir es aber nicht weiter probieren, Chat. Oh nein, jetzt habe ich Echo. Ja, vielleicht solltest du dann noch das Format ändern auf YouTube. Also wie meinst du das Format ändern? Also jetzt ist es einfach ein Hochformat. Willst du es dann auch? Ich habe noch einen zweiten Stream rauslassen auf YouTube. Ich kann hier alle Formate auf YouTube abdecken, wenn ihr wollt. Dave übrigens, merci für 1 Bit. Was ich auch noch interessant finde, in meinem Chat-Tool sehe ich Emotes nicht. Also nicht alle Emotes. Also da vom David, der Beaver, sehe ich nicht. Ja, wenn du dann streamst, so doch auf TikTok. Ja, aber auf TikTok werde ich wie nicht streamen. Das ist irgendwie, I don't know. Das kackt mich an. Ne? Eigentlich werde ich wirklich auch nur auf Twitch streamen. Und darum habe ich gedacht, hey, wenn ich schon einen Test mache, dann mache ich ihn auf YouTube. Und interessant ist eigentlich am Vertical Format, also am Hochkantformat, ist halt, dass man dann in den Shorts auftaucht mit dem Livestream. Also der Algorithmus, ich sage jetzt mal, die Reichweite ist ein bisschen anders, oder wie es halt funktioniert. Und darum, wie gesagt, das ist auch ein Testen. Ich kann mir vorstellen, dass ich das auch irgendwann nicht mehr mache. Es ist ein Antasten jetzt auch mit dem Chat, den ich schnell eingeschaltet habe. Mal schauen, vielleicht lasse ich ihn nächstes Mal offen. Schauen mal, wer so reinschreibt. Am besten lasse ich das einfach den Bounce managen. Der Bounce, der ist ein YouTube-Profi, oder? Sehr simpel, grüezi. Auf jeden Fall, Gigi, obwohl es fühlt sich so unbefriedigend an. Man will mehr. Das ist true. Das ist true. Dann tauchst du mit dem Live dort im YouTube-Reel-Dingens auf beim Durchscrollen. Ja, dann ist easy. Ja, das ist eben da, wo ich auch probieren und ich ja. Ich sehe auch, manchmal habe ich irgendwie 10 Views. Und dann in anderen Streams habe ich
600 Views. Also es ist irgendwie auch so, I don't know, eine Glückssache irgendwie. Ist doch Dave, hello. Jetzt locke ich alle auf YouTube. Jetzt will ich auch von allen einen Follow haben. Nein, sage ich, um das geht es nicht. Das habe ich nicht gewusst. Aber wie gesagt, bei uns, ich erkläre es jetzt einfach, aber grundsätzlich habe ich auch keine Ahnung. Also ich habe vor allem keine Ahnung, ob es etwas bringt und was effektiv gescheiter ist. Ich habe mich einfach für irgendetwas entschieden. Aber ich könnte theoretisch zum Testen auch mal das Format, das ich auf Twitch habe, also das Normalformat, auf YouTube gleichzeitig rauslassen. Könnte ich auch mal probieren. Ich kann sogar alle drei zusammen machen. Twitch plus YouTube plus Vertical YouTube. Und dann kann ich am besten gar nicht auf TikTok raus. Aber dann ist es eben doof, weil wenn dann wirklich überall die Leute chatten, dann wird es fucking unübersichtlich. Darf ich fragen, ob du weißt, welches Game als nächstes? Das ist eine gute Frage. Zuerst mal muss ich die Kategorie umstellen, Chat. Auf Twitch. Welche Kategorie als nächstes? Ich glaube, ich mache das, was ich angetönt habe. Ich gebe mir so ein kurzes Game. Ein kurzes, story-driven, gemütliches, wir gehen ein bisschen entdecken Game. Story aufdecken. Da gibt es, glaube ich, 2 Games, die ich auf der Liste habe. Ich glaube, eins heisst Gone Home. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich muss schnell schauen, Chat. Eins heisst Schon catchy Musik, hey. Geil. Schnell gucken. So, geht jetzt das? Ah, da. Gone Home. Ja, nein, nicht Move Game. Kann ich das nicht anschauen? Gott, verdeckeln an Mann. Die Seite, da kommt niemand raus. Ich kann es jetzt nicht genauer zeigen, aber Gone Home wäre so etwas. How long to beat? Ja, endlich kann ich endlich den Chatbefehl nehmen. How long to beat? Gone Home. Das ist es eben. Wir könnten so ein wirklich kurzes Game einbauen, das 2 bis 3 Stunden dauert. Ah, sorry, ich zeige euch jetzt hier einfach Google Search. Aber es ist im Chat 2 bis 3 Stunden. Call of the Sea, habe ich das sogar drin gehabt jetzt vorhin? Ich kann noch mal schauen. Habe ich das geaddet? Ah, da, ich habe es ja geaddet. Das ist dein Vorschlag, ja? Wie lange dauert denn Call of the Sea? Oh, das dauert ein bisschen länger. 6 Stunden bis 7. Da würdest du empfehlen, Bounce, Call of the Sea, richtig.
Simpel, go home. Kommt jetzt noch Gameplay oder kann ich auf Haus? Hey Fienchen, ich glaube, du kannst schlafen. Ich glaube, wir machen jetzt noch Feierabend. Ich mache jetzt ganz sicher den Rage-Stop rein. Lieber Chat, der Rage-Stop, ne? Was Jerry da endlich mit euch? OBS. Ich mache den Raid-Stop rein. He? Also für alle die mich jetzt noch irgendwie als Raid-Ziel vorschlagen wollen, jetzt ist es vorbei. He? Dieser Zug ist abgefahren. He? Raid-Stop, bam, ist drin. Das heisst, wir machen auch nicht mehr lang, wir gehen richtig Feierabend. Aber gleich noch schnell, um das Alan Wake-Ding abschliessen irgendwie. Zum noch schnell so ein kleines Fazit geben fürs DLC. Ich glaube, das muss ich schon noch machen. Mache ich da schnell meine Bewertung auf. Ich würde sagen, das DLC verdient. Und ich erinnere schnell daran, es gibt Leute, die finden das DLC schrecklich. Jetzt habe ich schon Enter gedrückt. Aber von mir bekommt das DLC 4 von 5 Franziskuschen. Schaut euch mal die Franziskuschen an. 4 von 5. Ich finde es gutes DLC. Abwechslungsreich. Absolutes Highlight, die Episode 1. Das finde ich wirklich schade. Aber es ist auch komplett verschieden. Aber das ist auch wieder gut. Es ist so... I don't know. Episode 1, absolut geil. Action, geiler Stil. Episode 2 als Control-Spieler, aber auch nur dann. Geil, weil man Jesse spielt. Das ist mind-blowing. Episode 3, die wir jetzt heute gespielt haben, mega kreativ. Meiner Meinung nach wäre ich noch mehr drin gelegen. Und vor allem das Ende ist halt ein bisschen enttäuschend. Und es schreit danach, dass es irgendwie noch ein anderes Ende gibt, das es aber anscheinend nicht gibt. Da fände ich ein bisschen schade. Das ist so ein bisschen verspieltes Potenzial. Aber unter dem Strich gibt es von mir 4 von 5 Franziskuschen. Was für Banausen. Jedes DLC hatte seine eigene Atmosphäre, absolut. Und das fände ich aber schon geil. Es war erfrischend und es ist nicht langweilig geworden, aber wenn das jetzt auch nicht 3 Episoden gewesen wäre, sondern einfach eine grosse Episode und es wäre dann immer das Gleiche gewesen, dann wäre es mir wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig geworden. Aber so sind es kurze Ausflüge gewesen, in einem komplett anderen Stil, komplett andere Atmosphäre. Und von dem her, unterm Strich gut. So, in dem Fall sage ich jetzt gute Nacht, viel Spaß noch beim Rest. Hey Fienchen, schön bist du da gewesen. Und gute Nacht, liebe Fienchen. Träume von einem Abenteuer auf dem Firefly-Raumschiff mit Luna Lovegood. Vielleicht tanzt ihr gemeinsam in weißen Söckchen und es regnet Bananen. Ja, ist möglich. In den Träumen ist alles möglich. Fienchen, ich wünsche dir ganz eine gute Nacht, schlaf gut. Merci nochmal für alles und Getrocknete Bananen. für den Support. Merci für die getrockneten Bananen. Und mach's gut. Tschüss. Bye bye, Fienchen. Arti ist am Notieren. Am Notieren. Aber zum nochmal auf die Frage retour kommen, was spielen wir nächstes Mal? Wahrscheinlich lasse ich euch entscheiden, aber die Auswahl wird sein Call of the Sea, Gun Home und vielleicht noch ein drittes, so ein storylastiges, eher kürzeres Spiel. Und wenn wir dann eines von diesen 3 Spielen durch haben, dann würde ich sagen, dann tauchen wir mal in ein nächste, etwas grösseres Spiel, was da sein könnte. Horizon, Dings da, Dawn, irgendwas. Tomb Raider, die neueren. Uncharted wäre auch noch eine Option, etwas, was ich auf meiner Liste habe.
Aber das schauen wir dann an, wenn es so weit ist. Hey, Speck, grüezi. Speck, wie geht's dir? Hast du gut geschlafen, Mann? Hast du gut geschlafen? Gang noch wach, hey. Aber nicht mehr lang. Ich habe den Rage-Stop drin und wir haben das DLC durch. Wir haben sogar probiert, noch ein anderes Ende hinzubekommen, aber anscheinend gibt es kein anderes Ende. Aber wir haben es probiert. Gutes DLC, absolut empfehlenswert. Träuber Chat, good night. Hey, bound, Mann, bound. Übrigens, bound ist Lalali. Lalala. Mack. Kapiert? Kapiert? Ich lese gerade noch die Nachricht von vor 10 Minuten, wo du geschrieben hast, er sagt, ich sage YouTube-Profi, aber er hat 3-mal so viele Abonnenten wie ich. Ohne Scheiß. Ich habe gemeint, du hättest mehr. Gut, ich habe mir die aber auch nicht beschissen, ganz ehrlich. Ich habe mir die auch nicht beschissen. Und nein, ich habe sie nicht gekauft. Ich habe einfach halt komplett anderen Content aufgeladen. Und nein, es ist kein Nude-Content. Ich habe einfach da die Hintergrundvideos gemacht. Und die haben halt mega gezogen. Und ich glaube, irgendwie so 70% der Abonnenten wollen diesen Content hier gar nicht sehen. Die wollen irgendwelche Hintergrundvideos für Teams und für Zoom haben. Aber egal. Hey, Bounce. Schlaf gut und träum süß von Tanktops, Indianerhäuptlingen und Castle Troy. Mögen dich die Mack Lichtschwerter sicher durch die Nacht begleiten. Gute Nacht. Hey, Bounce, schön bist du da gewesen, hat mich gefreut, wie immer. Und an dieser Stelle, Chat. Gut, das ist jetzt noch interessant. Jetzt kann ich in meinem Chat-Tool 2 Gritti-Bounces auswählen. Einen ist für YouTube. Egal. Chat. Geht hier bei diesem lieben Bounce auch mal vorbei. Ich glaube, es geht nächsten Dienstag oder Mittwoch weiter mit... ich weiß nicht, ob das der nächste Stream ist, aber dann geht es weiter mit We Were Here Forever, mit der Moni. Also, wenn ihr dort noch nicht followen, dann schämt euch, lieber Chat. Da vorbeigehen. Wir schauen noch schnell einen Clip. Wir schauen einen neuen Clip. Schnell schauen, wie gut dass du deine Clips gepflegt hast bei uns. Jetzt kommt es raus. Chat. Wenn er auf den Stuhl raufgeht. Oh, der Bounce, Mann. Ja, wirklich grandiose Unterhaltung, dort, lieber Chat. Das müsst ihr euch geben. Bye, bye. Okay, soll ich noch ein bisschen weitermachen, wenn du noch nicht gerade geschlafen hast? Okay. Fang doch an, Elden Ring zu zocken. Ja, genau, Speck. Uff. Es hat etwas... Es würde mich noch reizen. Aber ich bin noch nicht ready dafür. Wenn ich überhaupt jemals ready werde sein. Dann bist du wahrscheinlich ein paar Monate beschäftigt. Wolfi, mit was? Jetzt muss ich schnell überlegen. Mit was bin ich beschäftigt? Mit... egal wann ich anfange, oder? Egal wann ich anfange, ob es jetzt 3 Stunden geht. Gemäss How Long to Be, ich bin wahrscheinlich Monate beschäftigt. Also Wolfi, du hast absolut recht. Du musst auch gar nicht mehr dazu sagen, du hast auch recht. Ich muss noch schnell schauen, ich muss schnell das Outet machen, weil ich habe da irgendwie vieles nicht gelesen. Welches DLC-Ende fandest du gut? Also von diesen 3 Episoden simpel. Episode 1. Episode 1, glaube ich. Ich meine, jedes Ende ist ein bisschen abrupt. Aber Episode 1 habe ich passend genug gefunden. Ich habe noch gezockt vorhin. Ah, Speck, okay.
Was bist du? Du hast es, glaube ich, gesagt. Wo bist du zocken? Bitte kein alten Ding mehr. Hey, simpel, wir könnten Tomb Raider machen. So, weißt du, so remastered und so. Aber hey, ohne Scheiß. Also der Bounce ist wahrscheinlich weg, aber was mich halt schon noch mega würde reizen, ist Mafia. Mafia würde mich halt schon mega reizen. Aber der Bounce streamt halt schon. Und ich schaue ihm zu. Also es geht ja auch nicht darum, dass ich es jetzt nicht streamen will, weil er es schon streamt. Aber ich schaue es halt bei ihm mega gern. Und wenn ich es jetzt auch würde streamen, dann könnte ich wie bei ihm nicht mehr schauen. Und darum konsumiere ich das auch lieber bei ihm. Aber Mafia ist halt auch ein richtig gutes Game. Mit allen, okay, Wolfi. Finde ich zum Zuschauen eines der besten Games. Reden wir jetzt über Elden Ring, oder Speck? Sorry, ich habe wahrscheinlich den Faden wieder verloren. Aber ich glaube, es geht um Elden Ring. Es hat etwas. Es hat etwas, vor allem da, das habe ich beim Gin vorhin schon gesagt, es hat etwas, so den Struggle mitzuerleben. Der Struggle, aber nachher schlussendlich aber auch der Erfolg. Ich weiß aber nicht, ob das bei mir auch so wäre. Bei mir wäre es einfach Struggle und irgendwann bin ich halt und sterbe. Und der Erfolg kommt nie. Das ist wie im realen Leben, Chat. Wenn du Mafia streamst, würdest du trotzdem gucken, spielst ganz anders als ihr. Das ist absolut wahr, ja. Hey, mal schauen. Es hat auch so viele Games. Das Problem ist ja nicht, dass ich nicht weiss, welches Game, weil ich keine Games habe, sondern ich weiss nicht, welches Game, weil ich so viel habe, das ich spielen will. Aber schlussendlich ist es auch immer so ein bisschen, eben, je nach Gemüt habe ich halt auf etwas anderes Lust, wenn es jetzt auch nach mehr geht. Aber am meisten Lust habe ich jetzt als nächstes auf ein kleines, story-riches Game, das nicht allzu komplex ist. Ja, also nicht wieder Alan Wake, Multiversum und I don't know, sondern einfach irgendeine Geschichte, die erzählt wird, die vielleicht ein bisschen emotional ist und so. Da können wir alle ein bisschen brüllen, ja. Weinen vor der Kamera und so. Papi, gehst du schlafen? Ich lese es gerade vor, Papi. Noch schnell im Chat durchgehen. Also, habe ich Elden Ring gesagt? Nein, okay. Hey, gute Nacht, Poppy. Ich wünsche dir eine Nacht so gemütlich wie ein Faultier, so stimmungsvoll wie die Beats eines DJs und so friedlich wie das Klangspiel von Murmeln. Schlaf gut. Hey, Poppy, schön bist du dabei gewesen. Merci nochmal für deinen Raid. Danke vielmals und bis zum nächsten Mal, Poppy. Schönen Sonntag noch. Bye, bye, tschüss. Mit Vorlesen in Game. Okay, ja, true. 11:30 Uhr schon wieder aus dem Nest. Oh. Ich kann halt ausschlafen, solange ich will. Hey. Solange ich will. Ich könnte jetzt noch ein bisschen tanzen, 3 Stunden. Tanzen. Ich finde das so gemütliche Playlist. Das finde ich verdammt geil. Ja, ich normal ja auch, aber Brütsch kommt. Besuch, he? Besuch. Ja, nein, das ist natürlich verständlich. He? Verständlich. Hey, aber Papi, dann wünsche ich dir natürlich auch viel Spass morgen mit dem Brütsch. Und bis zum nächsten Mal. He? Habe ich heute schon einen Clip gezeigt von dir? Ich glaube nicht. Shoutout habe ich, glaube ich, schon gemacht für die liebe Papi. Aber einen Clip habe ich noch nicht gezeigt. Chat. Singt sie euch etwas vor? Oh, schau jetzt mit Gameplay. Mit Gameplay. Papi und Gameplay. Das sind Räubergeschichten, oder? Das träumen wir jetzt alle gerade.
Poppy. Ja. Das sind Skills. Ah ja, aber jetzt müssen wir da schon etwas Richtiges haben von der Poppy. Ja. Das ist von vorgestern. Jetzt machen wir schnell etwas von gestern, Chat. Ich höre halt Musik nicht in den VODs. Das ist doof, in den Clips hört man halt die Musik nicht. Ja, wir stellen uns die Musik vor. So. Let's go. Ja, danke für den geilen Clip. Ja, es gibt DJ-Clips, aber ohne Musik. Ist aber auch, ich habe nichts anderes erwartet. Chat. Körper bewegt sich von allein, oh simpel. Ja? Der Drang zu tanzen. Ja, also der Sound war überzeugend, Poppy. Nein, also, lieber Chat, Real Talk, schaut dort vorbei. Habe ich schon manchmal gesagt. Ganz eine sympathische. Und wenn ihr ein bisschen Musikunterhaltung gerne habt auf Twitch, können auch gut nebenbei das ein bisschen laufen, dann ist Poppy der richtige Kanal dafür. Ne? Ich habe das Problem, Poppy, alles gut. Ja. Sehr gerne. Und jetzt gehst du schlafen. Bye, bye. Tschüss, Poppy, bye. Chat, jetzt muss ich noch schnell was gucken gehen. Also ich gehe jetzt eigentlich schon langsam gucken, wer wir raiden können, Chat. Also wenn ihr schon einen Vorschlag habt, dann gerne durch. Ich weiss, der Gin ist auch noch live. Ihm haben wir heute 1000 Bits über geschoben. Wie gesagt, ist jetzt nichts gegen irgendjemanden, aber es wäre das Geilste wäre, wenn wir jemanden raiden könnten, den wir noch nie geradet haben. Das ist das, was ich am liebsten mache. Und sonst tun wir auch den Gin raiden. Das ist ganz einfach. Kendra Lissa. Guck ich kurz rein. Ja. Music. Sie singt. Richtig schön. Holy. Also das wäre eine Möglichkeit. Jemand, der etwas grösser ist tatsächlich. Eine Partnerin. Aber hey, ich finde das irgendwie noch cool, auch mal so ein bisschen halt aus der Bubble rausgeradet. Tatsächlich auch aus der deutschsprachigen Bubble rausgeradet. Canadian, hä? Okay. Hä? Double-click, hä? Canadian, hä? Schufki haben wir schon mal geradet. Ich glaube, vorletztes Mal haben wir Schufki geradet. Ich weiß gar nicht mehr, wenn wir letztes Mal geradet haben. Eigentlich langsam keine Übersicht mit Chat. Keine Übersicht mehr. Aber dann, ich lasse euch noch entscheiden, Chat. Ich muss mir schnell überlegen, ob ich noch etwas sagen muss. Aber langsam ist mein Kopf auch matsch. Aber es war wie immer ein geiler Stream. Hey, Speck tönt wirklich geil. Also, holy shit. Skills. Ja, das sind die wahren Skills auf Twitch. Ich meine, ich hocke einfach hin und labere irgendetwas und verspreche Gameplay und es kommt nicht. Dann habe ich vielleicht noch ein paar Spielereien, ja. Aber für mich sind die Leute, die zum Beispiel singen, live Musik machen, das sind die wirklich den wahren Skill haben. True, langer, toller Abend gewesen. Hey,
Vor allem mit euch, Chat. Mit euch sowieso. Ich tue noch mal schnell daran erinnern, lieber Chat. Der Bert muss jetzt wegschauen, wenn der Bert rum ist. Also, lieber Chat, der nächste Stream, ihr seht es hier, ist am nächsten Samstag, aber er startet schon 18 Uhr. Und zwar werden wir 2 Stunden beim wilden Gemarble teilnehmen. Es gibt 3 Preise zu gewinnen, also ihr könnt auch mitmachen bei mir. Ihr habt auch die Chance auf die Preise, aber es werden wahrscheinlich 100, 200 oder mehr Leute dabei sein und mitrollen. Mal schauen, es hat sich etwas verändert in der Orga von diesem Event, aber mal gucken, ob es immer noch viele Leute sind. Und da nochmal schnell das schöne Cover. Und da seht ihr auch nochmal auf der rechten Seite seht ihr, am Samstag ab 18 Uhr bei mir. Ich übernehme am Samstag Schlusslicht. Es fängt aber am 10 Uhr schon an mit dem Warm-up. Und bei jedem Streamer gibt es 3 Preise zu gewinnen. Wenn ihr in der ganzen Meisterschaft auf Platz 1 landet, also wenn ihr immer mitmarblen und immer gut dabei sind und es auf Platz 1 schaffen, dann gibt es nochmal einen Preis. Also ich empfehle euch, wenn ihr gerne Marbles macht, dann rollt doch da mit, Samstag, Sonntag. Und ich wäre natürlich froh, wenn ihr zumindest bei mir dann dabei wäret. Und anschliessend, also so 20 Uhr, 30 kommt dann der reguläre Stream, wo wir dann eben irgendein neues Game werden machen. Neues Story-riches Game. Und ich muss dann noch schauen, vielleicht muss ich weiter raiden, vielleicht gibt es noch irgendwie so, wie das Warm-up gibt es noch so quasi das After-Event-Programm. Das kann sein, dass ich euch dann weiter raide und dann nochmal frisch live gehe. Es kann aber auch sein, dass wir auch schnell Pause machen und dann der Stream direkt laufend weitergeht. Da kann ich jetzt wie noch nichts dazu sagen. Aber auch, kannst du das mal notieren können, 18 Uhr, nächsten Samstag. Chat, jetzt gehe ich gleich, bevor wir jetzt raiden, gehe ich nochmal schnell. Ja, das habe ich gar noch nicht gemacht. Ich gehe immer noch gerne schnell schauen, ob ein neuer Streamer rum ist, der aus der Schweiz ist. Um diese Zeit ist es also jetzt ist die falsche Zeit, um jemanden zu suchen aus der Schweiz, der noch Facecam hat. Ja, ich sehe tatsächlich jemanden aus der Schweiz, Chat. Ich finde es aber so schade. Ohne Scheiß. Und versteht mich bitte nicht falsch. Alle, die streamen ohne Cam, versteht mich nicht falsch. Aber ich finde es schade, wenn jemand live auf Twitch ist, jetzt gerade vorne anfangen hat zu streamen, also noch nicht so verrückt viele Followers hat, aber einfach kein Facecam aktiv. Und ich sage halt einfach, ich raide nur Leute mit Facecam. Ja. Also erstens mal, I'm so sorry. Aber ihr seid selber schuld. Na, macht doch die Kamera an. Ja. Aber hey, ich verstehe es auch irgendwann durch, wenn wir es nicht mitmachen. Wir haben das Thema schon ein paar Mal durchgekaut. So, Chat. Mal schnell schauen. Wer ist das? Ah, da haben wir auch schon einen geradet. Gute Schalter käme in Zukunft. Papi, du bist am Schlafen. Du bist gar nicht mehr im Chat, Papi. Darum ignoriere ich dich jetzt einfach. Meine Cam ist ab und zu aus. Denn wenn ich am Rauchen bin, möchte ich nicht, dass eventuell Kinder sind. Hey, schau, es gibt, also, über da müssen wir auch nicht diskutieren. Wie gesagt, ich habe auch schon Leute geradet, wo ich weiss, dass sie ab und zu Cam einschalten. Dann mache ich wie all die Ausnahmen. Und dann weiss ich, hey, wahrscheinlich hat die Person jetzt im Moment Cam nicht an, aus guten Gründen. Ich sage eher, und das ist einfach auch meine Präferenz, gell? Also das ist wirklich, darum versteht mich nicht falsch, das ist auch meine Meinung.
eine von ganz vielen Meinungen. Aber so wie ich das sehe, ich fände es halt schöner, wenn ganz allgemein betrachtet, wenn man Cam auch mal einschaltet. Und man den Streamer oder die Streamerin auch mal sieht. Ja, natürlich, jetzt habe ich gerade so eine VTuberin vor mir, wo wir auch geradet haben. Ja, und das sagt es ja schon. Auch dem muss ich sagen, hey, wenigstens ist ein Avatar rum, wo man so ein bisschen Gesichtsausdrücke sieht und I don't know. Finde ich noch schön. Aber ich brauche nachher irgendwie so die Connection. Und wenn jemand die Cam einfach abschaltet zwischendurch, hey, kein Problem, wirklich. Ich mache jetzt das ja zwar nicht, aber ich kann wirklich verstehen das. Würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn ich würde rauchen. Aus dem gleichen Grund wahrscheinlich auch, wie der Art jetzt gesagt hat. Aber wie gesagt, also macht euch auch keinen Kopf wegen dem. Das ist wirklich einfach nur meine Meinung und wie gesagt einfach auch meine Regelung, wenn ich jemanden wettraden. That's it. That's it. Und es gibt auch Fälle, ich weiß nicht, wie die Leute aussehen, aber den Stream schaue ich gerne. Sarge Cardio ist so jemand. Ja, gibt es auch. Einfach Mischpult zeigen. Und dann bewegen sich so Knöpfe auf dem Mischpult von allein. Also Poppy, ich weiss, du hörst mich noch, obwohl du am Schlafen bist. Eigentlich müsstest du auch so einen Greenscreen-Suit anlegen, so einen Full-Body-Suit. Greenscreen-Modus aktivieren im OBS und dann tust du umhebeln. Und da, wo der Chat sieht, ist auch so ein Mischpult, wo die Knöpfe so hin und her gehen. Das wär aber wieder mega kreativ. Da würde ich feiern, also da würde ich die direkt raiden. Also ich würde die als sonst raiden natürlich, Papi, aber... Ja, da würde ich sogar sagen, keine Facecam, aber das ist kreativ, dort raiden wir hin. Ach, ein schwarzer Bildschirm. Weißt du, Chat, jetzt könnte ich wieder stundenlang Just Chatting machen mit euch. Was ich einfach auch gerne mal machen will, aber ich traue mich wie nicht, weil ich auch die Leute dann wahrscheinlich verscheuchen. Aber es würde mich so reizen, ohne Scheiß, wenn ein Raid reinkommt. Also stellt euch vor, der Raid kommt rein, die Animation kommt zuerst. Und das Erste, was die Raiders dann von mir sehen, sobald sie da sind, ist das da. Grüezi miteinander. Grüezi, liebe Raiders. Danke für den Raid. Und das einfach so 5 Minuten durchziehen. Bis einfach alle weg sind. Hey, Schufki. Hey, wenn man vom Teufel spricht, Schufki. Vorhin ist dein Name gefallen. Weil wir suchen jemanden zum Raiden. Aber sagt jetzt nicht, ihr wolltet mich raiden. Ich habe halt einen Raid-Stop drin. I'm so sorry, wenn das der Fall ist. Schufki, Akimba, wie geht's euch, ihr Lieben? Jetzt kommen alle, jetzt stehen die Leute wieder auf, oder? Ramoa, auch wieder am Start. Wäschschrank ist das Beste. What? Ramoa, grüezi. Habt ihr gut geschlafen, die geschlafen haben? Redby, woher kommen ihr jetzt eigentlich? So, der Ja ist auch hier. Ja, woher kommt ihr jetzt? Was ist jetzt passiert? Ist das so ein Ninja-Raid, wo ihr hier macht? Ninja-Raids. Stream aus den 90ern. Ich lache mich hier kaputt. Chat, ich muss mal schnell ein bisschen rauf hier. Du willst Connection, dann setzt ich Troy-Maske auf. Oh. Aber dann sieht man ja meine... Nägel, oh. Du musst halt Nägel frei lassen. Full-Body-Suit, aber Nägel, die musst du halt frei lassen. Papi. Und du bist schon lange am Schlafen, Papi. Einfach zur Erinnerung. Aber Akimba, Ramoa, Redbeard, ja, wie geht's euch? Schön, dass ihr hier seid. Aber wir sind endlich am Schluss machen. Obwohl, es ist halt
Ne, mit euch ist es einfach sehr, sehr geil, hier noch ein bisschen Just Chatting zu machen. Doch, das war... Oh, Akimba Schufki. Sorry for that. Aber habt ihr jemanden gefunden zum Raiden? Ihr habt trotzdem jemanden gefunden. Ich hoffe, die Verwirrung war nicht zu groß, als es nicht ging mit dem Raid. Aber wir haben vor 30 Minuten den Raid-Stopp reingemacht. Was hast denn du schon erlebt? Vielleicht aber hab 9 Stunden Banishers hinter mir, brauche Pause. Okay, Schufki, okay. Vom Bett Redbeard, okay. Der Schrank bedient... Jetzt. Oh, nochmals. Wir gucken uns das nochmals an. Also, Chat, wir haben den Kleiderschrank am Start. Kleiderschrank am Start. Wenn wir unten, man sieht unten rechts, Activate Windows. Wir haben Windows nicht aktiviert. Der Chat, der ist abgeschnitten. Fürchterlich. Die Follows sind abgeschnitten. Rot auf grün. Alles ist verpixelt. Die Bitkarte ist am Arsch, Chat. Mein Gesicht ist... aber Chat. Es gibt Leute, die streamen so. Einfach, dass es gesagt ist. Also, vor allem, wenn man sich die Facecam anguckt. Es gibt Leute, die streamen so. Das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Und Fortnite ist halt auch nicht dabei. Nichts gegen Fortnite, ne? Ist aber nicht meins. Hervorragend, nur der gestrige Tag war sehr lang. 21 Stunden Stream. Oh, holy shit, okay, 21 Stunden. Das ist heftig. Ich glaube, mein Rekord ist bei 18,8 Stunden, wenn es mich nicht täuscht. Hey, mir geht es gut, langsam sehr müde doch. Ich bin alt und müde, Chat. In den Screen passt einfach alles. Holy, was ist denn das? ja, das ist, wenn ich Streamerbot nicht am Laufen habe, Chat, dann sieht das so aus bei mir. Ich hoffe, das sieht bei mir nicht so. Wie gesagt, ne, also wenn man anfängt zu streamen, ist nicht alles perfekt. Ne? Also ich sage jetzt das einfach, nicht, dass jetzt Leute Angst haben und denken, oh nee, ich fange jetzt nicht an zu streamen, obwohl ich das wollte. Weil sonst kommt der Troy und zerstört da meinen Stream und sagt, nee, das ist nix und so. Ja, wenn man anfängt, ist es was anderes. Aber guckt am Anfang, dass man euch versteht. Und wenn ihr eine Facecam habt, dass sie auch richtig ausgerichtet ist. Ne? Wenn man nur die Stirn sieht, vielleicht noch ein bisschen die Augen. Das ist doof. Das ist doof. Alt und müde. Name meines Lebens. Oh. Das ist Treu ein Müdi. Also man soll jemanden verstehen, Treu schießt somit ein Eigentor. Plobby, Rechtsklick, Timeout, wie lange, Chat? 24 Stunden Timeout. Not fucking cool. You have no fucking idea how not fucking cool that shit is. Boom! Nee, alles gut, Plobby, alles gut. Die Möglichkeit, die Emotes riesig zu machen, liebe ich. Ja, das ist halt so eine Sache, ne? Ist halt so eine Sache. Ich finde es auch gut. Das wäre wahrscheinlich auch das Einzige, was ich drin lassen würde. Wenn ich aber sagen könnte, das soll nichts kosten. Und Arti, in dem Sinn, merci vielmals für deine Biddies. Ja, habe ich mir jetzt gar nicht bedankt, weil ich sehe es halt auch nicht. Oder ich vergesse, dass ja Bits dranhängen. Aber ich würde mir halt wünschen, das kostenlos machen zu können oder zu sagen, hey, du kannst das mit Kanalpunkten machen.
Aber dass es an Bits geknüpft ist, das finde ich nicht so cool. Wobei ich benutze die Funktion halt auch immer, ne, bei anderen. Aber einfach für den Streamer fände ich es cool, wenn man es steuern könnte. Also die Kosten, die kann man steuern, ja, aber man kann es nicht kostenlos machen. Man kann es auch nicht ausschalten, aber das würde ich mir wünschen. Und ja, die Funktion an sich ist ja schon nice. Finde ich auch geil. Hey Simple, danke dir. Merci vielmals. Und hey, jetzt bin ich wieder voll im Just Chatting. Aber ich glaube, wir müssen wirklich langsam Feierabend machen. Aber ich frage noch kurz. Alle, die jetzt auch neu hier noch reingekommen sind, von Schufki und so, habt ihr vielleicht noch ein Raid-Ziel? Irgendjemand, wo ihr sagt, hey, das wäre cool, weil ich bin auf der Suche nach neuen Raid-Zielen, also jemanden, den wir noch nie geradet haben. Das ist auch der Grund, wieso dein Name Schufki gefallen ist, weil ich hätte dich gerne geradet, aber ich habe dann gesagt oder entschieden, nee, wir raiden wohin, wo wir noch nie waren. Und so Vorschläge könnt ihr gerne in den Chat reinmachen. Und gute Nacht, Sir Simple. Möge deine Nacht so strahlend sein wie Alan Wake und deine Träume so bunt wie Murmelpolitur. Schlaf gut und lass dich von magischen Abenteuern begleiten. Hey, Sir Simple. Wie immer, merci vielmals, dass du dabei bist. Durchgehalten, Tipps gegeben, gegoogelt. Let's fucking go. Simple. Schlaf gut, schönen Sonntag. Bis bald. Langsam trockener Hals-Chat. Art, du hast es aufs Minimum gesetzt, das habe ich sogar gesehen, das ist mir aufgefallen bei dir. Du hast es auf 10 Bits gesetzt, alles. Ich habe versucht für 1, ja, geht nicht, 10 ist das Minimum. Das wäre mega, mega cool. Das muss kommen, Chat, das muss kommen. Gehe ich mit einher, es wäre echt nice, wenn es mit Channel Points gehen würde oder zum Beispiel als Follower oder Subber. Genau. Irgendwas, das halt nicht, weil das Problem ist meiner Meinung nach ja auch, man merkt nicht so richtig, dass man da Bits zahlt. Ne? Also wenn man jetzt, ich sag mal, 1000 Bits auf dem Konto hat und da die neue Funktion sieht, irgendwie ist es nicht so offensichtlich, dass es Bits kostet. Ja, ich weiß, es kommt irgendwo eine Meldung, glaube ich, aber für mich ist es zu... wisst ihr, was ich meine? Ne? Es ist zu unauffällig, dass es Bits kostet, die Info. Und dann habe ich wieder das Gefühl, die Leute geben jetzt Bits aus und wissen es gar nicht. Und dann habe ich ein schlechtes Gewissen als Streamer. Treu kauft uns allen Bits, nur dass wir riesen Emotes nutzen können. Ja, und einfach, dass es gesagt ist, Chat. Es ist eine Option, die Funktionen auf irgendwie 1000 Bits raufzumachen. Ich glaube 1000 oder sogar 10.000. Ich weiß es nicht. Und ich hätte fast bei einem Streamer 1000 Bits ausgegeben. Das ist auch gefährlich, ne? Weil ich weiß, wie es ist. In der Regel kostet es 30 Bits. Und dann sage ich mir, ja, okay. Ich gebe die 30 Bits, mein Emote wird groß. Ist okay. Und dann ist man da bei einem Streamer, wo es dann aber 1000 Bits kostet, ne? Und dann klickt man sich durch. Und dann sind einfach 1000 Bits weg. Ich würde jetzt behaupten, das ist auch nicht eine gute Lösung, Chat. Oder liebe Streamers, macht das nicht. Ich glaube, da habt ihr dann wirklich vielleicht Fälle, wo die Leute sagen, hey shit, ich wusste nicht, dass das so teuer ist. Wir müssen sie zuschwemmen mit dem Wunsch und dass sie die Abopreise bitte wieder senken sollen. Ja, aber das wird nicht klappen. Das erste, ja, das wird schon klappen. Das könnt ihr auch. Ihr könnt da den Vote abgeben auf Twitch. Voice, ich weiß nicht, wie es heißt. Da gibt es eine Seite mit den Feature Requests und da ist das drin. Habe ich auch meine Stimme abgegeben für den Wunsch, dass man das abstellen kann, die Power-Ups. Gebt da eure Stimme ab, wenn ihr das auch nicht mehr haben wollt. Oder abstellen wollt.
Gerade diese Mikrozahlungen häufen sich dann sehr schnell, weil es sind ja, absolut korrekt. Es sind nur ein paar wenige Bits. Und dann macht man es immer wieder. Also ich spüre es auch. Ich gebe jetzt auch plötzlich mehr Bits aus. Ne? Ramon, merci vielmals für deine Bits und das grosse Emote, danke. Die Qualität von deinen Smileys ist echt gut. Merci. Also das hier habe ich sogar selber noch gemacht. Aber da, Franziskus, die habe ich erstellen lassen. Aber ja, es ist natürlich auch wichtig, dass, wenn sie gross sind, dass sie qualitativ gut sind. Merci für die netten Worte, Ramon. So, Chat. Wirklich, ich würde am liebsten noch den ganzen Tag mit euch weiter just chatten. No joke. Ihr seid, ich sage es immer wieder. Wahrscheinlich sage ich es viel zu viel, aber ich sage es jetzt gleich nochmal. Chat, ihr seid wirklich, ihr seid der Hammer und es ist immer wieder schön. Jetzt werde ich emotional. Nein, ja, es ist immer wieder schön. Ich freue mich auf jeden Samstag und dass ihr da sind man kann nicht immer da sein, mein Gott, versteht mich nicht falsch. Aber dass so viele tolle Leute hier sind im Chat. Und ich kann euch unterhalten, aber ihr unterhaltet auch mich. Ne? Und das ist schön und dafür danke ich auch, ne, Chat. Auch, dass das noch ein weiteres Mal gesagt ist. Und gute Nacht, Arti. Möge dein Schlaf so süß sein wie ein Schenkengipfeli und deine Träume so aufregend wie ein Abenteuer mit deinem Hund Gizmo. Lass dich von der Ananas des Schlafs sanft in die Traumwelt wiegen. Arti, schön, dass du da bist. Merci nochmal für deinen Raid. Merci nochmal, Arti, für die Bestellung des Fotos, des Raid-Fotos vom heutigen Raid. Let's go. Sehr schön, sehr schön. Habe ich auch mega Freude. Wäre cool, jemand kleines Trade, aber Kendra lohnt sich wirklich. Hey, ich habe sie auf der Liste. Aber ich mache jetzt noch mal schnell eine Umfrage. Ich schaue noch mal schnell, wie es jetzt aussieht, gerade aktuell. Moment schnell, Chat. Moment schnell. Nein, Chat, ich mache gar keine Umfrage. Wir raiden zu der Kendra. Mal ein neues Raid-Ziel, mal etwas anderes, raus aus dieser Bubble. Wir gehen in den englischsprachigen Bereich rein. Ich glaube, englischsprachig, ja, Englisch, Canadian. Ja. Jemand, der singt, jemand, der Musik macht. Wie gesagt, absolut geile Skills auf Twitch, meiner Meinung nach. Und ich starte jetzt schon mal den Raid. Bevor der Raid-Stop ausläuft. Start Raid. Kendra Lissa. Speck, merci übrigens nochmal für deinen Vorschlag. Dort gehen wir ran. Lieber Chat, kopiert euch die Nachricht. Wir haben eine für Subscribers, wir haben eine Nachricht für Nicht-Subscribers. Kopiert die. Schreibt doch bei der Kendra, tun das schnell reinpasten bei der Kendra. Lasst ein paar nette Worte dort. Hören wir schnell einen Song, I don't know. Ich habe vorhin reingelassen, das ist wirklich gewaltig schön, wie sie singt und so. Und ich muss mir auch mal ein Bild machen, wenn es euch gefällt, ein Follow da dort. Merci, dass ihr dabei seid. Merci für den ganzen Support, merci für die Follows. Und wie gesagt, nächsten Samstag, 18 Uhr, Event, wildes Gemable. Wäre froh, würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, lieber Chat. Schlafen alle gut, die noch mehr schlafen können. Und einen schönen Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal, lieber Chat. Hab euch lieb. Bye, bye.
bist immer noch da. Der Stream ist fertig. Sorry. Hast du erwartet, dass es noch irgendwie, dass es noch irgendwie ein Easter Egg gibt? Ich muss dich leider enttäuschen. Ich kann nichts mehr. Also gang am besten schlafen oder mach das, was du um die Zeit sonst auch machst. Ja, sorry. Und gute Nacht. Bye. Okay, wait a second. Wieso eigentlich nicht? Wenn du schon da bist, können wir endlich wirklich schnell. Ich kann wirklich schnell die Easter Egg-Liste nehmen und sie zeigen. Aber nicht weiter erzählen. Also bist du ready? Let's go.